Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin müde. Oi, 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 ist das früh, ist das ungewohnt. Vor allem, ich merke, dass hier gerade so am Greenscreen vorbei das Licht von draußen ins Wohnzimmer scheint und das irritiert mich sehr, weil dadurch wird es gefühlt hier in meinem kleinen Kabuff, in meiner kleinen Ecke, nochmal ein Stückchen heller als sowieso schon, obwohl das eigentlich, naja, man sieht es nicht unbedingt dann im Video, aber es wirkt irgendwie anders als sonst. Und Hallöchen Stella, guten Morgen. Ja, nun, ja, da bin ich wohl, ne? Leicht faszinierend. Man sieht vielleicht am Hintergrund, was wir heute vorhaben. Da sieht man auch so ein ganz kleines Logo auf dieser Noppe. Ja, das, huiuiuiui, ne? Und ich sag's mal so, ich bin jetzt seit 7:30 Uhr wach, deutlich vorm Wecker aufgewacht und ich hatte halt instant eine Schocknachricht, weil, ne, ich laufe in die Küche, mach mir meine Pads in die Kaffeemaschine rein, drück auf den Knopf und dann kommt da quasi gerade so nichts mehr raus. Ich wollte mir jetzt gerade noch einen Kaffee machen. Jetzt kam gar nichts mehr, weil, nun ja, die Pumpe meiner Kaffeemaschine ist kaputt. Das heißt, ich habe Unterkaffee. Und Unterkaffee ist definitiv nichts, was jetzt irgendwie besonders toll wäre an einem Samstagmorgen um diese Zeit. Aber nun ja, gut, irgendwie muss ich damit jetzt leben, offensichtlich. Es muss jetzt erstmal ohne Koffein funktionieren. Das muss es auch noch die nächsten Tage. Ich habe schon einen Ersatz bestellt, aber ja, schauen wir mal. Angeblich soll die am Mittwoch geliefert werden. Gucken wir mal. Ich hoffe, ab Mittwoch geht es dann wieder ein bisschen vorwärts. Ja, gut. Schön. Sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, hier zu sein. Auch wenn es sehr, sehr ungewohnt ist um diese Zeit, das muss ich einfach so zugeben, das ist einfach so. Denn wir haben heute noch ein bisschen was vor. Ne? Ich rechne durchaus damit, dass der Stream heute so an die 12 Stunden dauern kann. Denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ne? Im Titel steht's, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube im VOD. Da müsste der Titel stehen. Wir basteln heute Lego. Und für alle, die nicht wissen, was wir basteln, das zeige ich euch ganz kurz. Ich habe natürlich auch den Karton neben mir, ganz klar. Aber ich zeige es euch mal eben ganz kurz. Moment, wo ist meine Intermission? Da ist meine Intermission. Hier, dieses Ding. Das bauen wir heute. Und ich freue mich da drauf. Ich freue mich tatsächlich da drauf. Das wird sehr, 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 sehr cool. Und wir bauen halt nicht nur dieses wunderschöne kleine Raumschiff von den Guardians of the Galaxy, wo auch 6 Figuren dabei sind, die mir persönlich relativ egal sind, aber die sind halt dabei. Die sind auch gar nicht mal so cool. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass Drax nicht dabei ist. Das finde ich jetzt etwas schräg, aber gut, okay. Gamora ist auch nicht dabei. Das ist ja nicht Gamora. Naja, auf jeden Fall. Das Ding haben wir heute noch vor uns. Was hat das? 1901 Teil. Ich hoffe, da fehlt nichts. Ich hoffe sehr, dass da nichts fehlt. Und damit ist es auch das umfangreichste Set, das wir bisher gebaut haben. Abgesehen vom Mega Garados. Das hatte über 2000 Teile. Ich habe vorhin allerdings mal in die Anleitung geschaut. Die Anleitung vom Mega Garados hat 220 Seiten. Die hier hat über 250. Zeige ich euch dann auch noch irgendwann. Ja, was ich jetzt nicht gesehen habe, ist das Amazon-Set. Erstmal ganz kurz gucken. So, Lego Flup hier. Genau, das hier ist das Beleuchtungsset dafür. Das heißt, wir beleuchten das Ding auch noch. Und das ist der Grund, warum ich sage, wir brauchen heute wahrscheinlich 12 Stunden. Weil zum einen, die 1900 Teile brauchen schon eine ganze Weile. Ich habe irgendwo in den Bewertungen was von 10 Stunden gelesen. Allerdings war das quasi ein Kind mit Eltern zusammen. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich ein bisschen flotter sein werde. Schauen wir mal.
Und dann haben wir hier noch das Beleuchtungsset. Und die Erfahrung vom Langhals-Set, das wir vor ein paar Monaten gebaut hatten, zeigt, dass das nochmal ziemlich umfangreich und ziemlich tricky sein kann, weil die Kabel sehr, sehr knapp bemessen sind. Jetzt schauen wir mal, wie es hier ist. Das Set oder das Beleuchtungsset ist von einem anderen Hersteller als das letzte Mal. Aber gucken wir mal. Was ich vergessen habe, was mir gerade auffällt, ich habe übersehen, mein Akku-Pack zu laden. Das heißt, das könnte nochmal ein bisschen spannend werden, was dann nachher die Stromversorgung angeht. Ja, okay. Gut, nicht so wild. Das kriegen wir hin. Glaube ich. Das kriegen wir hin. Ich sitze hier immerhin an dem Rechner und ich sag mal so, ich finde hier Strom. Zur Not habe ich auch noch Batterien oder Akkus und die kann man da auch reinpacken. Das ist auch in Ordnung. So, Hallöchen, guten Morgen, Halogen. Hi, hallo. Bei dir funktioniert im Moment weder Koffein noch Tein oder Taurin. Einfach dauerangemüdet, ist gleich dauerangedooft. Ja, müde gleich doof, ne? Ja, das kenne ich. Müde gleich doof. Aber es ist halt, ach Mann. Ich habe ja gestern schon vermutet, dass meine Kaffeemaschine den Geist aufgibt, ne? Das hatte ich ja gestern im Stream auch schon erzählt, dass da irgendwie gerade so ein bisschen Kaffee rausgekommen ist. Ich hatte jetzt allerdings einfach gehofft, dass das nur eine temporäre kleine Sache ist, dass das, nun ja, einfach, ja, ne, schnell wieder vorbei ist und das einfach, weiß ich nicht, irgendwie der Kalk oder so Probleme gemacht hat in dem Moment. Ja, nee, vorhin ging halt gar nichts mehr. Sie hat keinen Ton mehr von sich gegeben und die Pumpe ist halt hinüber und das ist jetzt sehr schade. Ich habe schon vor Wochen mal überlegt, ob ich mir eine neue Kaffeemaschine leisten soll. Einfach so. Ja, hätte ich mal tun sollen, ne? Ich war doch gestern Abend erst da. Das ist richtig. Es sind weniger als 12 Stunden vergangen seit dem letzten Stream. Halogen, ich finde das genauso merkwürdig wie du. Aber... Und das ist die Sache, ne? Ihr habt letzten Monat richtig, richtig krass abgeliefert, ne? Was den finanziellen Support angeht. Und deutlich über 100 Subs hier einfach reingebuttert. Und ja, ne? Deswegen will ich mich dafür natürlich in Form eines weiteren Special Streams und so irgendwie erkenntlich zeigen. Und ich finde das tatsächlich ganz cool, weil dieses Set, das wir heute bauen, hatte ich schon länger im Blick und nun, ihr habt es dann möglich gemacht, einfach so, dass ich daraus, dass ich euch das auch noch irgendwie zeigen kann. Und es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Ihr habt mehr Content, ich habe was zu basteln und ich habe was von meiner Bucketlist quasi. Win-Win, würde ich jetzt mal behaupten. Du bist unschuldig wie immer. Das würde ich auch behaupten, ja. Das würde ich auch behaupten. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass die Leute, die behaupten, sie wären unschuldig, meistens gar nicht so unschuldig sind. Klingt jetzt vielleicht wild, aber das ist so, ja, nee, das ist tatsächlich so ungefähr das, was ich im Normalfall jetzt so, ja, doch, die Erfahrung zeigt das. Die Erfahrung zeigt das. Klingt gut, weitermachen. Ja, bin ich auch ganz stark dafür. Bin ich auch ganz, ganz stark dafür. So. Ja, wunderbar. Man merkt aber auch, dass Sonntag ist, ne? Sonntag, es ist Samstag. Glücklicherweise ist es Samstag. Ne, es ist noch relativ wenig los hier. Es ist tatsächlich einfach nichts los. Gut, es ist halt auch früh und so. Bin ich ja selbst schuld, aber naja. Das ist in Ordnung. Ich nenne dich einen Lügner. Nö. Ich wollte nur mal so allgemein meine Erfahrung mit Menschen kundtun, die sich als unschuldig bezeichnen. Das kannst, aber musst du jetzt nicht auf dich beziehen. So, ja, ne? Also, schön.
Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Das wird ein langer Tag heute. Ich muss irgendwann zwischendurch dann definitiv auch mal Sammy füttern. Wundert mich eigentlich, dass die hier gerade nicht um mich herum stromert, aber offensichtlich ist die auch noch müde und hat sich auf der Couch gemütlich gemacht, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Dementsprechend haben wir erstmal Ruhe, aber irgendwann so in 2,5 Stunden vermutlich will die was zu futtern. Und dann muss ich ihr was geben, weil ansonsten ist es schwierig. Irgendwann heute Nachmittag musste dann auch mal ganz kurz vor die Tür. Das ist auch noch so eine Sache, ne? Dann musste nämlich mal kurz pinkeln gehen. Das heißt, wir haben heute durchaus auch die eine oder andere Pause, die wahrscheinlich ein paar Minuten länger dauern wird. So viel schon mal vorweg. Und aber es ist, glaube ich, bei so einem langen Stream auch durchaus verschmerzbar. Würde ich jetzt mal behaupten. Und Hallöchen und guten Morgen, Twilly. Hallo, ein wunderschön. Du kannst nicht unschuldig sein. Du hast deine Unschuld schon vor Jahren verloren. Ja, same. Das, ja. Da kannst du ja auch tun und lassen, was du willst. Ne? Prinzipiell, wer im Internet, im Internet unterwegs ist, kann auch nicht so wirklich unschuldig sein, weil ich sag mal so, der Weg dorthin, wo es, sage ich mal, nicht mehr ganz so jugendfrei zugeht, wenn man es jetzt mal auf diese Unschuldigkeit beziehen würde, der ist nicht weit. Der ist nicht weit. Hinter jeder Ecke lauert die Versuchung. Du hast sie auch nicht wiedergefunden. Ja, nee, was weg ist, ist weg, ne? Ich habe hier so eine schöne Bettwäsche. Gott, was steht da drauf? Ich habe da neulich erst ein Foto von gemacht. Lasst mich mal ganz kurz das... Ich kann auf dem Handy nachgucken, ne? Als ich mein neues Bett aufgebaut habe, habe ich ja ein Foto von dieser wunderschönen Bettwäsche gemacht. Weil ich den Spruch, der da drauf ist, einfach toll finde. So, wenn etwas unters Bett fällt, ist es weg. Für immer. Ähnlich ist es mit Unschuld. Nur, dass sie erst nicht unters Bett fallen muss. Du wäschst deine Hände in Unschuld, also im Blute Unschuldiger. Okay, ja, verstehe. Alles klar. Ja, das kann man natürlich auch machen. Das funktioniert, glaube ich. Gut, ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr ganz, ganz dringend loswerden wollt? Weil ansonsten würde ich jetzt mal sagen, fangen wir schon so langsam tatsächlich an, die Box aufzumachen und so. Weil ansonsten dauert das heute wirklich lang. Also wirklich lang. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Was das mit nicht Jugendfreien angeht, du hast deinen ersten Kontakt damit mit 4 Jahren gehabt, weil die männlichen Bewohner des Hauses hier zu doof waren, ihre Heftchen zu verstecken. Ah, ja gut. Das ist zwar noch sehr analog und nicht sehr internetig, aber ja, nice. Du müsstest immer noch dringend Glasmüll loswerden, findest aber keine Container in der Nähe. Oh. Ja, ich müsste auch mal noch Glasmüll und so loswerden. Ne? Ich habe auch noch einige Flaschen hier rumstehen, weil ich einfach zu faul bin, die in irgendeiner Art und Weise wegzubringen. Ich habe aber auch noch jede Menge Pfandflaschen hier rumstehen und ich weiß nicht, woher die kommen, aber offensichtlich habe ich mal Pfandflaschen gesammelt und ich bin auch zu faul, die jetzt irgendwie mal zum Supermarkt zu gehen und die da in den Pfanddings reinzuschieben. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Ja, ich kenne das Problem. Also, gut, ich wohne in der Stadt, da ist es glücklicherweise mit den Containern etwas leichter, die sind hier nicht so weit weg. Aber, ja, also so grundlegend, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ne? Ich komme ja auch vom Dorf und da gab es halt sowas gar nicht. Da musstest du dann am Wochenende vormittags, das war so festes Ritual quasi, Samstag, Vormittag, wir fahren zum Wertstoffhof und bringen unser Zeug weg. Weil ansonsten gab es halt nichts. Da gab es keine Container, wo man mal irgendwie was reinwerfen konnte. Nein, du musstest zum Wertstoffhof.
das war dann, ja, war dann auch immer sehr interessant, wenn da Pärchen unterwegs waren, weil das war meistens, es ist so ein bisschen, weiß nicht, es hatte manchmal so ein kleines bisschen von ne, von diesem gesehen und sehen und gesehen werden. Weil, ne, die Männer haben dann den Müll entsorgt und die Frauen sind dann halt einfach irgendwie so wichtig tuend rumstolziert, ne? Das ist halt tatsächlich so passiert auf diesen Wertstoffhöfen, wo ich während meiner Jugend und ein Teil Erwachsenseins war. Weiß ich nicht, warum man das auf dem Wertstoffhof macht, aber Dorfzeug, ne? Das ist also, auf dem Dorf aufwachsen ist halt irgendwie toll und irgendwie völlig schräg. Ihr habt hier im Dorf einen Container für Weiß und einen für Buntglas, auch für Dosen und so ist dort. Ihr habt ja kein Pfand auf Dosen in Österreich. War da nicht erst was mit Pfand in Österreich? Ich meine, ich habe da ein paar Headlines gelesen. Pfand Österreich? Ich habe die jetzt nicht stärker verfolgt, aber Österreich bekommt ein Einwegpfand. Ja. Details zum Pfandsystem. Für alle Gebinde gilt eine einheitliche Pfandhöhe von 25 Cent. Okay, das ist ähnlich wie bei uns. Damit stellen wir sicher, dass die Flaschen und Dosen wieder zurückgebracht werden. Das Pfand gilt auf alle Einweg-Getränkeflaschen und Dosen zwischen 0,1 und 3 Liter. Für Milch gibt es eine Ausnahme. Aha. Steht da auch schon fest, wann das kommt? Wir sind der Einführung des Einwegspfands im Jahr 2025 einen großen Schritt näher. Ah, okay. Das dauert noch ein bisschen, bis ihr das habt. Ja, willkommen im Pfandwahnsinn. Wir haben den ja schon eine Weile. Gut, prinzipiell ist es ja keine schlechte Sache. Wenn ein Grund geschaffen wird, das Zeug auch tatsächlich irgendwo hinzubringen, wo es sinnvoll entsorgt werden kann, statt das einfach irgendwo in der Weltgeschichte zu verteilen, ne? Aber ich wusste es. Irgendwas habe ich gelesen, ne? Aber ich dachte, das wird schneller eingeführt. Das sind ja noch 2 Jahre. Eieieiei. Aber falls du es noch nicht wusstest, Philly, in 2 Jahren habt ihr Dosenpfand. Hier hast du es dann zuerst gehört. So. Ich weiß gar nicht, warum das in meine Feeds reingespült wurde. Wahrscheinlich, weil das irgendwie so eine super wichtige Info ist. Ne? Gut. Ach, schön. Ach, schön. So. Du bist ja froh über Dosenpfand, dann gibt es weniger Blechmüll. Ja, weniger Blechmüll würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber halt besser gesammelt, weil einfach, ne, 25 Cent, kaufst du 4 Dosen, hast du 1 Euro, kannst du wahrscheinlich die nächste Dose davon kaufen. Also nicht sicher, was jetzt das Zeug in Dosen kostet, aber es kommt halt, sage ich mal, mit höherer Wahrscheinlichkeit da an, wo man es halt auch entsprechend wieder verwerten kann, statt irgendwo zu landen. Ne? Ich kenne das ja selbst, ne? Dann steht überall Zeug rum und was weiß ich. Und völlig unsortiert und dann ist wieder irgendwo ein Müllhaufen oder sonst wie sowas in der Richtung. Ja, es ist, ja. Also, ich finde das Pfand auch nicht schlecht. Definitiv nicht. Kein bisschen. Es ist halt trotz allem ein bisschen nervig, weil du musst es dann irgendwie wieder wegbringen und so. Du musst halt extra Wege gehen. Aber gut, das tut man halt, ne? Das muss man halt. So. Ich packe mal meine Tastatur weg, weil die brauche ich heute nicht mehr. Ich habe die übrigens jetzt extra sauber gemacht, ne? Nur für euch. Guckt mal, die ist strahlend rein. Die ist richtig sauber. Da ist kein Speck mehr drauf. Die glänzt. So. Weil ich habe heute natürlich auch schon hier meinen Schreibtisch sauber gemacht und so. Ne? Nur für euch. Nur für euch. Das ist jetzt total toll, weil jetzt muss ich die Kategorie noch ändern. Jetzt habe ich die Tastatur weggepackt. So. Und jetzt muss ich nochmal tippen. Okay, so. Sehr gut. Jetzt ist die Kategorie umgestellt. Jetzt kann sie weg. So, sehr schön. Gut.
Kategorie passt. Das ist hervorragend. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht mehr tippen muss. Und dann würde ich jetzt mal tatsächlich sagen, wir packen mal das Dingens aus. So, wie versetze ich denn meinen Browser in den Fullscreen-Modus, ohne dass ich die Tastatur nutze? Oh, das hier? Oh, das hier. Okay, verstanden. Nice. Gut. Sehr schön. Ja, dann machen wir mal ganz kurz diesen hier. Hallo. Guten Tag. Sieht wild aus, aber hi. Wir nutzen die Szene gar nicht mal so oft, ne? Das hier ist übrigens die hübsche Anleitung. Also das da. Die hat schlanke 252 Seiten. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir 14 Bauschritte. 14. Das ist gar nicht mal so wenig. Gucken wir mal, wie das wird, ne? Gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal Zeug auf. Ich habe sogar den Mülleimer geleert, der hier rumsteht. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Beleuchtungsset an, weil das ist relativ klein und dann kann man das erstmal so ein bisschen aus dem Weg schaffen. Da. So. Gucken wir mal ganz kurz. Dieses Taschenmesser hier begleitet mich jetzt auch schon seit 25 Jahren oder so. Warum mache ich jetzt als erstes das Beleuchtungsset auf? Das hat den einfachen Grund. Das ist dann erstmal aus dem Weg, ausgepackt. Und ich muss das nicht nachher irgendwie mit wenn hier alles voll ist, irgendwie auspacken. Das macht es jetzt wahrscheinlich organisatorisch etwas einfacher. So, hier. Sehr schön. Gucken wir mal. Scan the QR-Code for a PDF User Manual. Oh, das ist nice. Das ist nice. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, Luftpolsterfolie. Oh, ich lieb's jetzt schon. Oh, das ist übersichtlich. Oh, das ist wirklich übersichtlich. Das hier ist das Batterieding. Ne, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Das ist halt für die Batterien. Das ist so ein Lego-Block mit USB-Anschluss, wo du Batterien reinpacken kannst. Da hole ich nachher mal Akkus dafür. Da brauche ich kein Akku-Pack. Und das hier ist die komplette Beleuchtung, wie es ausschaut. Also, das ist wirklich... Das sind ein paar Kabel und ein paar kleine LEDs. Das ist gar nicht mal so wahnsinnig viel. Und vor allem nur 2 Plastikdinger. Im Gegensatz zur letzten Beleuchtung, die gefühlt, weiß ich nicht, 50 kleine Einzelpakete waren. Für jedes einzelne Bauteil. Anleitung. Gucken wir mal, ob ich die dann nicht aus dem Internet ziehe. Ich glaube, ich habe die lieber auf dem Monitor. Ich glaube, ich habe die Anleitung lieber auf dem Monitor. Aber das ist okay. Das ist tatsächlich sehr übersichtlich. Das ist angenehm. Dann packt man das mal auf die Seite. Und so, stellen das mal dahin. Das passt jetzt. Und dann gucken wir mal, ne? Leute, habt ihr schon gefrühstückt? Wenn ja, was? Was gab's bei euch? So. Jetzt wird es ein bisschen umfangreicher. Zum Vergleich, das ist meine Hand. Jetzt fehlt euch der Vergleich, wie groß meine Hand ist. Die ist nicht so wahnsinnig groß, aber groß genug. Ja, aber krass. Also ihr wisst ja ungefähr, wie groß Sammy ist, ne? Ich habe die ja schon ein paar Mal im Stream gezeigt. Wenn der Karton ein bisschen dicker wäre, würde Sammy da reinpassen. Kaum spricht man von ihr, ist sie auch schon da. Kaum spricht man von ihr, stromert sie unterm Schreibtisch rum, ne? War irgendwie klar. So, hier muss doch irgendwo noch was sein. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier die Seiten aufmache. Und dann war's das, oder? Doch? Oh. Okay. Nee, das ist nicht zum Aufklappen oder so. Das ist... Ja, Seiten aufmachen und ab dafür, oder? Ja.
Dann gucken wir mal, was wir da drin finden. So, das hier. Was ist das? Könnte die Anleitung sein, ne? Könnte die Anleitung sein. Ich mach mal auf. So. Oh ja. Ist die Anleitung. Sehr schön. Das ist jetzt Papiermüll. Cool. Also hier nochmal die Anleitung in Papierform. Sieht genauso aus wie auf meinem Monitor. Wundert mich jetzt relativ wenig. Und hier ist jede Menge Stuff drin. Jede Menge verschiedene Teile. 486 Bauschritte sind es. Da ist der letzte. Also Einzelschritte. In 14 Abschnitten. Hui, 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 hui. Okay. Ja, das wird spannend. Das wird spannend. So, das ist jetzt ein bisschen doof, dass dieser Karton nicht irgendwie, dass der nur von der Seite offen ist, weil das muss ich hier die ganzen kleinen Dinger rausholen und hier irgendwie neben mir verteilen. Am besten schon halbwegs sortiert. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ja, da. 2. Jetzt fehlt mir nämlich gerade so ein bisschen der Platz dafür. Das letzte Mal hatte ich halt einen Karton, der nach oben aufgeht. Dementsprechend konnte ich die da drin suchen. Was bist du? 12. Okay. Okay. Oh, das ist Bauschritt 1. Den packe ich gleich mal hier nach links. Den nehme ich mit. Sehr schön. Es knistert und knastert. Es tut mir leid. Aber ich glaube, das gehört dazu. Das ist die 3. Und da haben wir die 2. Die packe ich auch schon mal. Die packe ich auch schon mal hier nach links. Na. Dann haben wir hier noch mehr. 9. 8. 7. 4. 4 und das hier ist die 5. Oh Gott, ey. Die 11. Die 13. Das sieht nach Tragflächen aus. Oh. Nichts mehr da. Gut, dann habe ich jetzt offensichtlich schon alles geleert. So, sehr schön. Jetzt habt ihr hier gerade ein Stückchen Staub gesehen, das da rein ist. Nun ja, hat passiert. Ja, schön. Ihr seht jetzt ein leichtes Chaos auf meinem Tisch, offensichtlich. Hervorragend. Ich würde mal sagen, ich versuche das mal irgendwo unterzubringen, wo es halbwegs Sinn ergibt. Also das hier sind jetzt schon mal die 5. Schritt 1 bis 5. Das ist in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, ich glaube, es macht fast Sinn, das so aufzuteilen, dass ich die letzten 4 Schritte da mal da raussortiere, damit ich es zumindest erstmal grob gruppiert habe. Das ist die 10, das ist die 11, das hier ist die 12 und das hier ist die 14. Okay. So. Das heißt, das da schiebe ich jetzt einfach mal ganz frech dahinter. Dann ist das hier die zweite Hälfte. 6 bis 10. Das schiebe ich mal dahin. So. Wunderbar. Und dann habe ich jetzt hier 1 bis 5. Okay. Was war die 1? Das hier ist die 1. Knister, knister. Ich hoffe, das ist nicht ganz so krass auf euren Ohren wie auf meinen gerade. Dann muss ich mal das Stream Deck hier hinziehen. Und dann kann ich nämlich hier... So. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich zeige euch das mal eben ganz kurz, wie es jetzt hier aussieht. Das ist, damit ihr mal so ein Point of View bekommt. Da ist die Kamera. Lasst mal kurz schauen. Capture hier, da. Dann gehen wir mal ganz kurz dahin. So.
Also, ne, mein Point of View ist jetzt folgender. Das liegt vor mir. Da sind Schritt 2 bis 5. Da sind Schritt 6 bis 10. Und hier, da hinten versteckt, sind Schritt 11 bis 14. So, das sieht jetzt noch halbwegs übersichtlich aus. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ne? Es ist, da seid übrigens ihr. Das seid dann ihr, ne? Okay, cool. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das wird ein großes Chaos, ne? Das wird ein richtig großes Chaos heute. Dann wieder hier hin. Es war irgendwie keine gute Idee, dass ich hier 3 Szenen in eine gepackt habe. Weil das jedes Mal komisch umschaltet, ne? Das sieht immer super merkwürdig aus, wenn das da, dieser orange Bubble hier oder diese orange Linie erst irgendwo hier ist, auf dieser Höhe und dann darüber fährt. Ja, gut. Wunderbar, ne? Sehr schön. Dann ist das, ja, das Unboxing war jetzt doch relativ unspektakulär, würde ich jetzt mal behaupten. Da war jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dabei, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich glaube, mein Taschenmesser brauche ich nicht mehr. Das fahre ich mal wieder ein. Nicht, dass ich mir damit wehtue. Das wäre jetzt eher ungünstig. Puh. Ja, schön, Leute. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe das Unboxing nur nicht richtig in Szene gesetzt. Was? Ich finde, das war komplett, das war perfekter Content. Das war richtig schön chaotisch und ich habe alles Wichtige gezeigt. Für ein richtiges Cinematic Unboxing und so fehlen mir hier so ein bisschen die Mittel gerade. Also, ich habe es nicht richtig in Szene gesetzt. Ich finde, ich habe meine Mittel maximal genutzt, die ich zur Verfügung habe. Oh, shit. Sorry. Ich wollte euch jetzt nicht in meiner Brust reiben. Nun, ja, ich wollte eigentlich auch mein Marvel-Shirt anziehen, aber das ist in der Wäsche. Ne, das Doctor Strange-Shirt. Ich habe ja nicht mal ein Guardians of the Galaxy-Shirt. Das ist ja eigentlich fast lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte mich passend kleiden und dann, naja, zumindest habe ich NASA, das ist ein Raumschiff. Ihr versteht die Assoziation, ne? Das ist, glaube ich, das Nächste, was ich irgendwie jetzt bieten kann an Klamotte, die passt. Nun. Gut. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, das hier ist das 3. Set aus der Infinity Saga von Lego. Ne? Wir haben die zwei Handschuhe von Thanos und von Iron Man. Und jetzt bauen wir dieses wunderschöne Schiff. Ich habe auch geguckt, was es da sonst noch so gibt. Aber die Sets haben mich nicht überzeugt. Leider. Ne? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben die besten Sets aus dieser ganzen Infinity Saga Sache rausgezogen. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass Lego die einzigen sind, die es anscheinend lizenziert haben. Weil, ich sag's mal so, wenn es da andere Hersteller noch geben würde, also andere Klemmbausteinhersteller, die da noch ein paar coole Sachen hätten, dann hätte ich da jetzt auch durchaus Bock drauf. Aber ich habe das Gefühl, das wird, nun ja, das wird eher nicht passieren. Oder, ja, sagen wir es mal so, es ist halt nicht passiert. Schauen wir mal, aber ich glaube nicht, dass da noch mehr kommt. Gut, so. Hier sehen wir die einzelnen Schritte. Wir bauen als erstes Schritt 1 bis 3, ist offensichtlich so ungefähr der Rumpf. Schritt 4 und 5 ist der linke Flügel oder zumindest ein Teil davon. Man sieht jetzt hier nicht so wahnsinnig viel. Wartet mal, das zeige ich euch ganz kurz, damit ihr einen Eindruck davon habt. Lasst mal kurz schauen. Ich muss hier kurz ausschalten, umschalten. Hier. So. Genau. Schritt 1 bis 3, wie gesagt, ist der Rumpf von dem Raumschiff. 4 und 5 sind dann hier die Tragfläche oder eine Seite davon zumindest. Schritt 6 bis 8 ist die andere Seite der Tragfläche. Ich frage mich, warum das hier 2 Schritte für eine Tragfläche sind und das hier 3. Muss ich nicht verstehen. Wird sich zeigen. Ja, obwohl, warte mal, doch, da hat sich im Innenraum noch was verändert.
wahrscheinlich hat ja, doch, da ist hier noch, da ist noch ein bisschen mehr dazu. Dann haben wir 9, 10 und 11. Das ist so, ja, das ist das Heck von dem Ganzen. Und 12, 13 und 14 ist dann das Cockpit, der Ständer und der Rest der Tragflächen. Okay, das sieht soweit noch in Ordnung aus. Ne? Das sieht jetzt doch durchaus tauglich aus. Was ich ganz cool finde, ist dass sie in jedem dieser großen Bauschritte immer noch eine Figur mit reingepackt haben. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Figurenmensch, was das angeht. Aber ne, für die Leute, die das mögen, das ist eigentlich ganz cool. Dann hast du in jedem dieser großen Teile oder Kapitel, kann man es als Kapitel bezeichnen, immer noch so eine kleine Figur, mit der du dich kurz mal beschäftigen kannst. Ja. So. Das ist die allgemeine Anleitung. Ja, dieses Ding hier, das werden wir wahrscheinlich hier drin finden. Ja, da ist es. In Türkis. Okay, warum ist das hier Türkis? Ich dachte, die wären immer orange, weil einen in orange habe ich schon. Aber gut. Und genau. Das Zeug gibt es auch online, offensichtlich. Ich weiß nicht, warum man dafür eine App bräuchte, aber naja. Gut. Bauschritt Nummer 1. Fangen wir mal an, oder? Dann schalte ich wieder um. Hierhin. Hallo. Und wir fangen offensichtlich mit einer Figur an. So, jetzt gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe hier auch schon einzelne Teile der Figur irgendwo da drin rumfliegen. Na. Okay. Ich bin sehr froh, dass ich den Mülleimer leer gemacht habe. Kann ich das Zeug nämlich einfach da reinwerfen und gut ist. Okay, da ist unser wichtigstes Ding. Wenn wir uns verbaut haben, dann gibt's das. Wobei ich tatsächlich sagen muss, das von Mega, das da dabei war, ist noch ein bisschen geiler als das hier. Für die nicht wissen, was ich damit meine. Ne, das ist hier jetzt nochmal das Lego-Ding, aber in Orange. Wo ist er denn? Hier. Das rechte orange Ding ist das von Mega und das wirkt mir noch fast ein bisschen durchdachter. So auf den ersten Moment. Aber so 100% beurteilen kann ich es nicht, weil ich es bisher nicht wirklich gebraucht habe. Aber pack mal wieder hier rein. Ich bin gespannt. Irgendwann ist diese Tasse voll mit Ersatzteilen. Irgendwann sind da eine ganze Menge Ersatzteile drin. Das wird passieren. 100%. So, da sind die ganz kleinen Teile drin. Das heißt, wir machen wieder gewohnterweise 3 kleine Stapel hier. So. Damit wir uns das Zeug zusammensuchen können. Und ein großer Kritikpunkt immer noch, man hätte das alles mit Papier machen können. Ich weiß nicht, warum das alles Plastikverpackung ist. Also ja, Lego selbst ist Plastik, das ist klar. Aber der Rest drumherum muss ja nicht noch mehr Plastik sein. So. Großer Kritikpunkt meinerseits. Aber ansonsten fangen wir mal an. Bauschritt Nummer 1. Wir bauen als allererstes eine Figur. Und das Geile ist, ich habe vergessen, wie die Leute heißen. Ne? So, ich habe auf jeden Fall Füße. Ich habe einen Kopf. Ich habe Haare. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich suche einen Oberkörper. Der Oberkörper ist hier. Und was suche ich noch? Ich suche 2 kleine Knarren. Da ist eine kleine Knarre. Star-Lord. Wie heißt er denn? War das Peter? Nee, doch. Peter? Peter Quill? Shit. Wow. Hallo? Marvel-Fan hier. Also Marvel Cinematic Universe-Fan. Und ich habe vergessen, wie die Leute heißen. Das ist ja schon ein bisschen... Uff. Das ist ja jetzt schon ein bisschen uff, wenn ich ehrlich bin. Die Frisur müssen wir noch ein bisschen drehen. So rum. So, dass die Koteletten da richtig schön durchkommen. Und dann gucken wir mal. Wisst ihr, wie lange ich keine Lego-Figur mehr in der Hand hatte? Ups, jetzt habe ich ihm erstmal selbst einen richtig schönen
wie nennt man das? Dingens gegeben. Richtig nice. Macht bestimmt Spaß. Sich selbst aufs Kinn zu hauen. Ja, das hier. Ja doch, das ist auch richtig rum. Sehr schön. Okay, das dürfte aber... Adel hier. 4 Jahre Feen. Es ist soweit, die 4 Jahres-Subs gehen los. Hi Adel, Hallöchen, einen wunderschönen Samstagmorgen. Es ist ja wirklich immer noch morgen. Ja, du kommst genau richtig. Wir haben hier Star-Lord. In klein und niedlich und unscharf. Hallo? Kamera? Würdest du Star-Lord bitte fokussieren? Hallo? Ich zeige ihn euch hier. Ich glaube, das geht besser. Ne? Auch nicht so wirklich. Ah, jetzt ist er scharf. Das war hier zu nah dran. Ja, das ist Star-Lord. Nice. Adel, Dankeschön für 4 Jahre. Holy shit. Das auf Tier 3. Du verrückter Mensch. Hi, ne? Hallöchen, Nika. Guten Morgen, guten Morgen. So. Die Leute wachen auf, ne? So ganz langsam, glaube ich, werden das hier heute mehr werden. Schauen wir mal. Bin ja auch selbst schuld, wenn ich so früh anfange, ne? Aber ich wollte halt auch nicht bis um 3 Uhr morgens bauen. So, okay, wir haben die erste Figur. Nice. Was ist mit Twitch passiert? Wo ist der normale Emote-Button? Wie, was? Hat Twitch umgebaut? Ich weiß von nichts. Also mein Chat vorhin sah noch ganz normal aus. Also mein Chat sah noch ganz normal aus gerade. Du warst schon seit 7 Uhr wach. Oh ja, ich auch. Also 7:30, aber das ist früh genug. Du warst nur gerade mit Anni noch im Discord am Quatschen. Oha, oha. Ich hoffe, wichtige Dinge. So. Leute, wir fangen mit dem Rumpf an und ich gehe jetzt einfach mal so wieder so ein bisschen in den Baumodus. Ne? Ihr kennt das. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Wir quatschen. Ich suche währenddessen Teile. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie vorwärts kommen. Relativ zügig. Das Schlimmste wird das Teile suchen sein, ne? Wie immer. Wo ist dieses Teil hier? Hallo? Nee. Da ist es. Sehr gut. Sehr gut. So. Alles rund um Stream oder zumindest einiges für Dummies, die sich überlegen zu streamen. Oh, oha. Oha. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, das ist ein großer Themenkomplex, den man tatsächlich gar nicht mal so unterschätzen darf, wie manche das durchaus mal tun, ne? Weil prinzipiell ist es zwar super einfach, damit anzufangen, aber es ist auch ein super, super komplexes Thema. Es ist nicht so ohne, wie man vielleicht gerne mal denkt. Ne, so die landläufige Meinung ist ja auch, ja, du sitzt dann halt da und redest oder was weiß ich und zockst ein Spiel oder was weiß ich. Ne, es ist so in der Richtung, aber gerade wenn da ein paar Leute mehr im Chat sind oder so, es gehört halt doch auch einfach mehr dazu, als nur zu zocken und ein bisschen blöd nebenher zu labern, ne? Das wird halt gerne übersehen. Deswegen werden Streamer ja auch gerne so belächelt, ne? So von wegen, die leisten ja nichts. Oh doch. Oh doch. Stream ist Höchstleistung. Super einfach, wenn man sich mit Technik auskennt. Würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Weil, also es braucht hier gar nicht mal so viel dafür. Ne? Es braucht OBS und dann kannst du im Grunde genommen, sobald du dich mit Twitch eingeloggt hast, ja schon live gehen. Das meine ich mit, der Einstieg ist halt super einfach. Aber wenn man es richtig machen will, gehört halt tatsächlich im Endeffekt doch auch einfach mehr dazu. Und Hallöchen, Rapid, guten Morgen. Hallo, hallo. So, okay, wir bauen hier lustige Sachen. Ich bin etwas verwirrt von diesen 3 kleinen Teilchen hier in der Mitte. Die wackeln nämlich noch nebeneinander her. Das ist noch nicht so wirklich stabil.
Schau mal, ob wir das noch stabilisieren oder ob sich das anderweitig stabilisiert. Ja, doch, ich sehe gerade, das wird passieren. So, eins hiervon. Dann... zwei davon. Okay. Was haben wir noch? Die beiden hier. Und dann haben wir ein oranges Kupplungsdingens. Hier. Sehr schön. So. So. Zack. Zack. Was ich vorhin in den Bewertungen noch gelesen habe, ist das, dass dieses Set wohl auch ein bisschen Farbseuche enthalten soll. Aber gut, ich persönlich, ich bin da ja nicht so. Mir ist das ja relativ Wumpe. Solange man es von außen nicht sieht, bin ich da glücklich. Aber ja, jetzt schauen wir mal, was brauchen wir noch? Jetzt brauchen wir diese Platte und 2 von denen hier und damit stabilisieren wir das Teil jetzt, ne? Ja, damit stabilisieren wir das jetzt. Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. So. Wenn du weißt, wie du alles mit OBS verbindest, vielleicht, aber wenn man es schon nicht kapiert und auf Anhieb ist es etwas schwer. Ja, okay. Da hast du dir vorher etwas Hilfe geholt und wirst dich jetzt noch etwas mehr in die Materie einfuchsen und in ein paar Monaten vielleicht mal anfangen zu streamen. Wer weiß. Ja, nice. Nice. Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß dabei. Aber ja, gut. Kommt halt immer auch aufs eigene Wissen drauf an, ja. Ich gehe da möglicherweise von etwas mehr aus als... weil ich bin halt ein technischer Mensch, ne? Ich merke das leider oft genug, dass es mir doch relativ schwer fällt, mich in die Rolle von anderen hineinzuversetzen, wenn es um sowas geht. Weil für mich einfach auch so wahnsinnig viele Sachen einfach komplett selbstverständlich sind. Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich auch an mir arbeiten muss. Hallöchen Glotzi, was wird das Schönes? Das wird... Warte. Moment. Moment. Ja, Karton. Das Ding hier. Es war jetzt einfacher, das zu suchen, als irgendwie die Szene zu wechseln oder sonst was. Ja, 1900 Teile und ich habe ein Beleuchtungsset dafür. Das wird vor allem wild. So. Andi, musst du dir sagen, wo du rausfindest, was du so in deinem PC hast. Also Technik ist für dich fast das Schlimmste an dem Ganzen. Okay, ja, okay. Ja, gut. Ja, verstehe ich. So. Du bist am Überlegen, im Laufe der Zukunft wieder mit dem Stream anzufangen und dann schön mit Game Dev Content und maybe Talks in der Richtung zu machen, sobald die Masse dafür da ist, wo es sich lohnt, was in der Richtung zu machen. Ja, ich bin in letzter Zeit des Öfteren mal in Game Dev Streams unterwegs. Also jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber so ausgewählt ab und zu, wenn mir einer auffällt, schaue ich da durchaus mal rein. Ich finde das super spannend, dazu zu schauen. Neulich wollte ich auch nebenher selber was programmieren und dann war ich so fasziniert davon, wie jemand in Blender ein paar Sachen gebastelt hat, dass ich komplett vergessen habe, selber was zu tun. Ich war einfach komplett hypnotisiert. So. Möchte ich den heute fertig basteln? Das ist das Ziel, ja. Das ist das Ziel. Deswegen bin ich auch schon so wahnsinnig früh online. Ne? Und am Samstag schon ich bin ja seit 7:30 wach. Und ja, das ist tatsächlich der Plan. Und so rein aus der Erfahrung heraus, die ich gesammelt habe, jetzt mit den letzten Sets und so, die wir gebaut haben, dürfte das eigentlich auch möglich sein, den heute komplett zu beenden. Oder was heißt dürfte? Muss. Hier ist jetzt tatsächlich muss. Das Stichwort dafür. Aber doch, ich glaube, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das heute funktioniert. Inzwischen bin ich ja auch etwas geübter, ne? Beim ersten Set, bei dem Lego Langhals,
da hatte ich ja noch keine Ahnung von dem, was ich eigentlich tue, weil nach so langer Zeit mal wieder Lego zu bauen und so war halt komplett wild irgendwie, aber jetzt inzwischen ist da ja doch wieder ein bisschen Grundwissen und so da. Und ich finde die Teile auch schneller. Lego bauen ist so beruhigend, du magst es. Es ist so gut. Und es sind auch einfach, ne, wenn man jetzt aus der Streamer-Sicht das Ganze betrachtet, es ist einfach total entspannter Content. Weil, ne, ihr seid hier, ihr habt was ihr einfach nebenher laufen lassen könnt. Ich bin hier total beschäftigt mit einer Sache, die wahnsinnig viel Spaß macht und echt super entspannt ist. Und wir quatschen nebenher und es ist super toller, entspannter Content auch. Es ist halt, also, wenn man irgendwas als Chill-Stream bezeichnen will, dann kann es eigentlich nur Lego sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Warte, das muss da dran, okay. Das sieht richtig aus. So, wir haben jetzt hier 2 so lustige Plattendinger. Und mal schauen. Ich vermute mal, da ist jetzt auch so ein Teil der Halterung schon dabei. Weil da kommt ja unten drunter so ein Ständer unter das Schiff. Und das hier ist wahrscheinlich die Basis für das Ganze. Gehe ich jetzt zumindest mal davon aus. Du hast mir mal eine Discord-Nachricht geschickt. Das ist irgendwie komisch bei dir. Warte mal. Ich guck mal hier. Discord on Stream ist immer so eine Sache. Normalerweise war ja das Smiley neben dem Bit-Button. Liegt vielleicht an 7TV. Das scheint 7TV zu sein, ja. Das ist das 7TV-Logo. Adel? Krass. Habe ich so noch nicht gesehen, aber ich habe ja auch nicht das 7TV-Plugin drin. Ich habe nur Frankerfaces mit 7TV-Support. Das überschreibt nicht ganz so viel. Wie viele Stunden habe ich veranschlagt? Also ich habe jetzt mal, also das hier heute ist quasi als 12-Stunden-Stream gedacht. Gucken wir mal, ob es wirklich 12 Stunden werden. Aber ich rechne fast damit, dass es 12 werden. Okay, gut. Leute, ich habe euch gerade noch die 2 Platten gezeigt. Moment. Benny hat was falsch gemacht. Wow, das hat ja nicht lang gedauert. Das hat jetzt tatsächlich nicht lang gedauert. Warum hat das nicht lang gedauert? Wartet mal. Das ist da. Ich habe bei dem ersten Ding hier bestimmt irgendwas falsch rum gedreht. Ja. Ich habe was falsch rumgedreht. Die Dinger dürfen nicht nach außen schauen, sondern die müssen nach innen schauen. So, und jetzt kann ich es nämlich zusammenstecken. So. Geht doch. Jetzt haben wir eine stabile Grundplatte. Sehr cool. Sehr cool. So, wunderbar. Du musst noch einkaufen, weil Kühlschrank leer. Ja, das Problem kenne ich. Lego-Streams sind immer entspannt. Ja, total. Artemus83 ist empfehlenswert. Er ist einfach super sympathisch. Der Entwickler von A World of Little Legends und geht sehr viel auf Feedback der Stream-Community ein, was neue Features und so angeht. Okay, nice. Böser Rapid? Ja, bonk dich mal. Einfach so. Was? Ich habe 5 7TV Channel Emotes. Ja, als ich das eingerichtet habe, habe ich da mal ein paar Emotes hinzugefügt, ja. Ich muss das mal irgendwann konsolidieren. Ich muss mich irgendwann mal für einen Anbieter von Emotes entscheiden. Und ich vermute, das wird bei mir Better Twitch TV. Und zwar aus dem Grund, weil ich schon Unmengen an Geld an Better Twitch TV überwiesen habe. Wir könnten ja, glaube ich, fast 300 Better Twitch TV Emotes nutzen. Plus, die haben einen Discord-Sync und so weiter und so fort. Was halt mega nice ist. Deswegen, es wird wahrscheinlich das. Aber schauen wir mal. So, was machen wir hier? Das sieht nach was komplett Neuem aus, wenn ich hier auf die Anleitung schaue. Dann packen wir das mal kurz dahin. Na, packen wir das mal hier hin. Dann sieht man es so ein bisschen. So, läuft. Wie viele Pakete sind es? Wie viele von diesen Plastiktüten hier rumliegen? 14. 14 Stück. Also, es ist definitiv kein kleines Set.
So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Also das Mega Garados, glaube ich, waren mehr Tüten. Das hatte aber auch nochmal eine ganze Ecke mehr Teile. So, ich glaube, das hier ist Teil der Farbseuche, ne? Blau und Rot sieht jetzt nicht so aus, als wäre das irgendwie wichtig für das Set. Aber ja, gucken wir mal. Ich habe da ja nicht das Problem damit. Ne? Ich weiß, dass da ganz, ganz viele Leute drüber meckern und bla und was weiß ich und Qualität und Gedöns. Für mich zählt wirklich nur der Spaß hier da dran. Und hallöchen Amy, guten Morgen, guten Morgen. So, da. Und da. Sehr schön. Hier, das gehört da drunter. Jawohl. Das sieht richtig aus und das kommt jetzt. Ah, so rum. Jo, verstanden. Da drauf. Okay. Dann haben wir 2 von diesen Dingern hier. Eins hiervon und das da. Ne, das wird. Sorry, wenn du so neugierig bist. Du, frag ruhig, frag ruhig. Ich bin so vertieft im Bauen und, oder ich werde so vertieft im Bauen sein, dass ich um alles, wo ich irgendwie drauf reagieren kann, sehr froh bin. Also, ne, wenn Fragen sind oder wenn ich euch was zeigen soll, weil ihr es nicht genau seht hier in der Kamera, weil jetzt seht ihr gerade gar nichts, was ich tue, dann sagt Bescheid, ne? Dann sagt Bescheid. Das kann nämlich durchaus passieren, weil die Kamera hier ist nicht ganz optimal für sowas. Es gibt so einen tollen Rundumblick, aber eigentlich bräuchte ich eine Top-Down-Kamera und das Problem ist, ich könnte rein theoretisch jetzt eine Top-Down-Kamera schaffen übers Handy, aber die hält nicht lang, weil die saugt halt einfach den kompletten Akku leer innerhalb kürzester Zeit. Hat zwar eine mega Qualität, aber das hält leider nicht so wahnsinnig. So wahnsinnig lang. Leider. So. Klipp. Und ja, hier dran. So. Und das kommt. Jawohl. Hier so an die Seite. Verstanden. So, es wächst. Ich frage mich immer, wenn ich das so aufbaue, wofür die einzelnen Dinger genau sind. Ne? Also das hier ist die Bodenplatte, so viel ist klar. Das hier weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt das da unten drunter. Es könnte zumindest, ja, es könnte da drunter passen. Ich bin aber nicht sicher. Ich bin aber total fasziniert davon, wie das Zeug dann am Ende zusammenspielt. So, und 2 hiervon. Das kommt daran. Cool, dass ich die Anleitung online habe. Das ist tatsächlich, bietet Lego selbst an. Es bietet Lego von sich aus an. Ich war auch etwas überrascht, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber wenn du auf die Produktseite, auf der Lego-Seite direkt gehst, irgendwo gibt es dann einen Link da drauf, wo dann eben die Anleitung direkt zu sehen ist. Also das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Weil wenn ich jetzt hier auch noch mit der Papieranleitung hantieren müsste, dann würde ich völlig durchdrehen. Dann wäre ich auch total ineffizient, was das hier angeht. Also dann wäre es bei mir vorbei. Definitiv. Aber ich finde das auch richtig gut. So. Hi Snowy, Hallöchen, du bist auf dem Bau, packst uns aufs Ohr. Okay, das heißt, wir sind heute quasi ein Podcast, Leute. Also gebt mir irgendwie spannende Inputs, spannende Themen, irgendwas, wo ich Blödsinn so erzählen kann, weil wir müssen jetzt offensichtlich einen interessanten Podcast schaffen. Eigentlich nicht so anders als sonst, ne? So, Teilchen suchen. Dann die hier. Die brauche ich nicht. Die beiden. So, und
davon auch 2. Alles klar. So. Jede Menge kleine Teile. Dann schauen wir doch mal. Also das hier. Da kommt das Ding drauf und dann so ein kleines Nupsi. Alles klar. So. Das machen viele Klemmbausteinverkäufer, um auch Papier zu sparen. Was die Online-Anleitung, ich habe ja die, also, ne? Ich habe die schon auch noch in Papierform hier. So ist es nicht, die ist da drin. Also, ne, die ganzen 252 Seiten habe ich auch tatsächlich hier vor mir. Aber wenn ich jetzt hier so, ne, mit umblättern und dann, weiß ich nicht, und tralala, das würde mich fertig machen. Da ist mir die Online-Anleitung viel, viel lieber. Und die könnt ihr auch so halbwegs jetzt nachvollziehen, ne? Manche verkaufen auch ganz ohne Papier, das meintest du. Ja, das wäre natürlich so der Optimalfall. Das wäre natürlich schon auch so ein bisschen der Optimalfall. Noch cooler wäre es, wenn Lego das Ganze nicht in Plastik hier einpacken würde, ne? Das habe ich vorhin schon angemerkt. Sondern die Dinger in Papier packen würde, weil man muss die Steinchen nicht davor sehen. Wichtig ist nur, dass wenn da die Nummer draufsteht, dass die richtigen Steinchen drin sind. Aber nun ja. So. Das muss einmal gespiegelt werden. Du steuerst gern was bei, wenn du mit Frühstück fertig bist. Ja, was gibt's denn zu frühstücken? Was gibt's denn zu frühstücken? Ich hatte ja nur ein paar Nudeln, die ich noch übrig hatte, ne? Jetzt nicht unbedingt das beste Frühstück, aber Nudeln gehen halt auch immer. Okay. Das sieht soweit richtig aus. Oh, und okay, das kommt nicht drunter, das kommt hier vorne dran. So, eine kleine Hochzeit. Damit haben wir eine größere Bodenplatte erreicht. So. Oh Gott, wenn das die Bodenplatte ist. Das Ding wird riesig. Das Ding wird, also... Das Problem an diesem Set ist, ich weiß, dass es groß wird. Also ich glaube, das hat fast einen halben Meter Flügelspannweite. Was jetzt schon eine ganze Ecke ist. Ich kann es mir nur noch nicht so ganz vom geistigen Auge vorstellen. Ich habe schon mal gemessen. Ich kriege es nicht in mein Regal rein. Das heißt, ich muss es oben drauf platzieren. Aber so wirklich die Vorstellung, wie es dann wirklich, wie groß es dann wirklich ist, hat man irgendwie immer erst dann, wenn es dann tatsächlich soweit ist, ne? So. Okay, das ist aber... Da kommen jetzt 3 von diesen dicken, fetten, langen Teilen drauf. Das wird eine sehr massive Bodenplatte. Also das ist wirklich massiv. Brezel und Brötchen mit Paprika, Putenbrust. Ja, das klingt tatsächlich, das klingt ganz lecker. Das klingt wirklich gut. Wie viele Lego-Sets habe ich schon gebaut? Wir hatten den Lego Langhals mit einem Beleuchtungsset dazu. Das Beleuchtungsset war tatsächlich sehr cool. Aber auch das Komplizierteste an dem ganzen Ding. Was hatten wir noch? Wir hatten die 2 Infinity Gauntlets. Also auch aus der Infinity Saga-Reihe. Und dann hatte ich noch ein Mega Garados, also von Mega, nicht von Lego. Und das hat einen sehr, sehr coolen Mechanismus, da kann man kurbeln und dann schwimmt das Garados quasi auf seinem Podest rum. Das ist mega geil. Und preislich auch echt in Ordnung für, was waren das, 2.500 Teile oder so? Oder 2.400? Sowas um den Dreh, also noch ein bisschen größer als das. Das hat auch 2 Streams gedauert. Aber ja, und ansonsten halt in der Kindheit viel, aber ich habe irgendwann mal bei einem Umzug mein ganzes Lego damals hergeschenkt an die Lego-verrückten Nachbarn und seitdem hatte ich mit Lego nichts mehr zu tun, also wirklich gar nichts mehr. Hallöchen Ivili, hi, hallo. So, also ich habe diese, sage ich mal, ich will es noch nicht unbedingt als Leidenschaft bezeichnen, aber ich habe Lego erst vor relativ kurzem quasi wiederentdeckt für mich und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Zumal das halt auch super entspannte Streams sind.
was mega geil ist. Also, ne, das muss ich einfach so dazu sagen. Das ist richtig, richtig cool. Und man hat halt am Ende wirklich coole Display-Sachen. Also ich kaufe Lego halt, wenn ich, oder Lego, Klemmbausteine ganz allgemein, wenn ich ein Set sehe, das mir gefällt, dann, dann kaufe ich das jetzt nicht unbedingt deswegen, weil ich damit irgendwie spielen will, sondern weil das halt eine Art von Deko ist für mich dann. Also es sind halt reine Display-Pieces. Ich bin jetzt niemand, der dann hergehen würde und sagen würde, yo, cool, ich spiele jetzt mit dem Zeug. Nee, das wird gebaut, in oder auf den Schrank gestellt und da darf es dann halt leben. Damit man es anschauen kann. Dafür habe ich sonst kaum Deko. Und ich finde das irgendwie sehr cool, wenn man seine Deko quasi selbst gemacht hat. Auch wenn es nach Anleitung und so ist. Ne? So, wir bauen hier fleißig den Boden. Ich vermute mal, das sind die einzelnen Teile. Ich habe gesehen, da ist eine Kaffeeküche in dem Raumschiff drin. Also, da ist eine Art Kaffeeküche drin. So. Und die haben eine funktionierende Kaffeemaschine im Gegensatz zu mir. Ah. Also hoffe ich zumindest. Ah. Habe ich zu dem Langhals ein Bild? Ja, warte, ich habe nicht nur ein Bild, ich habe ein Video dazu. Lass mal kurz gucken. Das ist... Was liegt auf meinem Server rum? Twitch, Wots. Weiß noch jemand, wann wir den gebaut haben? Bla bla bla. Da, nee, da. Ich lasse das mal ohne Ton laufen. So. Warte. Oh ja, hier. Ach so, ja, das seht ihr jetzt natürlich ganz schlecht. Moment. Hier. Jetzt war ich gerade verwirrt, aber... Ja, genau, das hier ist der Langhals. Sehr, 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 sehr cooles Ding. Ich schau mal. Ja, das ist, glaube ich, jetzt das war der letzte Bauschritt davon. Der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Und, da war dann auch Beleuchtungsset dabei. Und warte mal, irgendwo, das hat dann noch 4 Stunden gedauert, das da einzubauen, weil das echt kompliziert war. Und irgendwo habe ich dann mal, glaube ich, das Licht ausgemacht, damit man es auch sieht. Ja. Da kommt jetzt die Kamera nicht mehr drauf klar, aber das mit Beleuchtung ist wirklich, wirklich cool. War super, super fieselig und super nervenaufreibend, das Ding da reinzubekommen, dass es leuchtet, aber das ist ein sehr, 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 sehr geiles Set. Also den Langhals kann ich auch nur empfehlen. Hat richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, den aufzubauen. Also, ja, den kann ich auch einfach nur empfehlen. So. Da hatte ich noch einen Zopf. Den Zopf habe ich im Normalfall so, wenn ich nicht on Stream bin, auch weiterhin, ne? Das ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt immer zopffrei rumlaufen. Ich laufe nur deswegen im Stream mit ohne Zopf rum, weil einfach der Flausch, der sich da bildet, wo mein Undercut früher war, es sieht einfach nur richtig scheiße aus und es wird auch noch die nächsten 1,5 Jahre scheiße ausschauen. Deswegen, also, aber so, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich einfach nur so, eigentlich, ich bin nur im Stream langhaarig, also mit offenen Haaren, weil das sieht halt wirklich kacke aus, aber ansonsten ist es mir halt egal. Ich war gestern auch im Büro und es hat scheiße ausgeschaut. Ich bin da nicht so, ne? Ich kenne da nix. Zeigen, ja, das ist jetzt, warte, ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich versuche mal. Ja, nee, warte. Wie oft muss ich ihn hier rumschalten heute? Warte, ich
Ich versuche mal so ein bisschen, ja, ist halt relativ frisch geduscht, deswegen ist er jetzt etwas flach, aber hier, das da. Und das steht halt in sämtlichen Richtungen vor allem da weg, ne? Ich habe es mit Heihachi aus Tekken verglichen und das kommt halt hin, weil das Schlimme ist bei meinen Haaren, das glaubt ihr vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil die sind super glatt und super lang, aber wenn sie das nicht sind, dann kräuseln sich die. Also nicht direkt kräuseln, aber sie locken so ein bisschen. Und das ist super nervig, weil das heißt, frisch nach dem Duschen, alles wunderbar. Da sind die Haare noch so, es ist halt plüschig, es ist halt wirklich plüschig. Das heißt, die schauen noch alle in eine Richtung. Ein bisschen später, wenn du guckst, stehen die plötzlich überall rum. Also, es ist wirklich so ein bisschen zerzauster Professor-Style. Und deswegen, ja, nee, on Stream habe ich da keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. So. Der erste Bauschritt ist bald fertig, wie es ausschaut. Es dauert nicht mehr so lang. Dann haben wir das. Warte mal. Hier, jawohl. Da so. Hier und da. Und da. Also so in 1,5 bis 2 Jahren, vermutlich mal, eher, ich hoffe 1,5, werde ich auch wieder mit Zopf hier sitzen, ne? Weil dann sind die Haare, die hier an der Seite sind und vor allem auch hinten rum, ich hatte ja rundum einen Undercut, wieder lang genug, dass ich die in irgendeiner Art und Weise in einen Zopf bringen kann oder in eine Zopfform bringen kann. Und ich freue mich auf den Moment. Egal wie, egal was, wenn du dir lange Haare wachsen lässt, ob du komplett von vorne damit anfängst oder ob du dich dazu entscheidest, einen Teil deiner Haare jetzt lang wachsen zu lassen, es sieht immer scheiße aus in der Übergangszeit. Es sieht immer kacke aus. Du kannst da gar nichts dagegen tun. Es ist einfach nur schlimm. So. Und so. Sehr schön. WB, Halogen, Hallöchen Anni, hallo, ein wunderschön. Bin ich schon fertig? Sieht das fertig aus? Nee, das ist gerade mal so knapp der erste Bauschritt. Wir sind noch nicht mal ganz durch damit. Nee. Ich habe nicht umsonst 12 Stunden dafür geplant, ne? So. Glotzi, bis später. Der erste Bauschritt ist bald fertig, sagst du auch schon seit 3 Wochen. Ja gut, aber Haus ist nochmal eine andere Geschichte als Lego. Ne, das muss man jetzt aber schon auch mal sagen. Sieht noch 95% aus. Für den ersten Bauschritt? Ja, das kommt hin. Also das hier könnten... Ich bin nicht sicher, was auf der nächsten Seite ist. Hier sind noch ein paar Einzelteile, die nicht zusammenpassen. Also nichts davon ist doppelt da. Deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass das hier der letzte Schritt vom ersten Schritt ist. Es klingt wild. Das klingt tatsächlich ein bisschen wild. So rum. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Und die beiden kommen dahin. Okay. So. Nice. Das war tatsächlich der erste Bauschritt. So, dann haben wir hier wieder die Restetasse, wo die ganzen kleinen Ersatzteile reinkommen. Irgendwann ist diese Tasse voll und ich freue mich drauf. Wir sind jetzt so ungefähr bei einem Viertel. Ist bei uns auch so doofes Aprilwetter? Ja, schon die ganze Woche. Sieht aus wie eine Fernbedienung, also soweit bin ich fertig. Ja, ne? So. Das fancy Fernbedienung. So wie die Philips-Fernbedienungen früher vom Fernseher. Das ist, die waren auch sehr fancy. Ah nee, geht's dir wieder besser? Dich hat's ja richtig erwischt, ne? Hei. Und Hallöchen, böse Alte. Hallo. Ja, das hier ist der erste Bauschritt. Ich vermute mal, das blaue Zeug hier dient so ein bisschen als Basis für das Innenleben vom Schiff. Ne, da gibt es ja ein paar verschiedene Abschnitte, eine Kaffeeküche und was weiß ich, sowas in der Richtung.
Ansonsten jede Menge Zeug, um draußen Sachen festzumachen. Und das hier unten sieht noch nicht so aus wie eine Aufnahme für das, wo wir es später mal draufsetzen werden. Aber das wird sich zeigen, ne? Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall jede Menge Zeug, wo man Sachen dran bauen kann. Im Grunde genommen haben wir jetzt 3D rundum Noppen, ne? So. Sehr schön. Ah ja, und hier natürlich Star-Lord. Peter Quill, den die Kamera nicht wirklich fokussieren will. Jetzt? Ja, doch, so halb. Hier mit seinen kleinen Waffen, ne? Den setze ich jetzt einfach mal hier drauf. So, den setze ich jetzt einfach mal hier drauf und lasse das mal hier für euch stehen. So halb. Dann seht ihr das. Und böse Alte, Dankeschön für dein Gift-Sub an Anni. Danke, schön. Sehr nice. Geht wieder besser, zum Glück. Aber du hast noch andere gesundheitliche Sachen, die abgeklärt werden müssen. Magen-Darm kam ungeplant dazwischen. Oh je. Anni, was machst du nur für Zeug? Mach doch sowas nicht, hey. Das ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm. Böse Alte ist auch krank. Was ist denn los? Alle krank hier. Dann natürlich gute Besserung, ne, an euch beide. Also, weiterhin. Bei Anni weiterhin, bei dir zum ersten Mal, weil ich das jetzt auch gerade neu erfahre. Aber, ne, werdet mir schnell wieder gesund. Weil krank sein ist scheiße. Grundlegend scheiße. So. Ja. Yeah. Okay. Aber gucken wir mal. Vielleicht, das klingt jetzt vielleicht doof, aber vielleicht bin ich bald Leidensgenosse. Ich war ja gestern auch im Büro. Also ich hoffe nicht, aber ich war ja gestern auch im Büro und ich hoffe allerdings, dass da niemand krank war. Es hat zumindest niemand dauerhaft gehustet. Oder irgendwie anderweitig Krankheitserscheinungen gezeigt, aber man weiß es ja nicht. Was habe ich denn da? Ich habe den Müll daneben geworfen. Moment. So. Jetzt. So. Du würdest auch gern drauf verzichten. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. So. Du bist technisch seit mehr als 20 Jahren krank. Ja, das ändert nichts an meiner Aussage, dass Kranksein Kacke ist. Aber ja, ich kenne das auch mit chronischen Sachen. Ne? Meine Mama ist ja chronische Schmerzpatientin. Und das ist alles nur nicht angenehm. Das ist wirklich, nee, das macht keinen Spaß. Nicht mal ansatzweise. So, aber auf jeden Fall gute Besserung an alle Kranken. Ja, absolut. Irgendwann wird es besser oder zumindest erträglicher. Ja, man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. So doof das jetzt klingt, ne? Aber irgendwann ist einfach auch so eine Art Gewöhnung da, ne? So, ich weiß nicht, wen wir hier zusammenbauen, wenn ich ehrlich bin. Wer ist das? Wer bist du? Warum bist du auf dem Schiff der Guardians? Was stimmt mit dir nicht? Leute, wer ist das? Ich weiß nicht, wer es ist. Ich erkenne es nicht. Ihr auch nicht, weil unscharf. Ach, Kamera. Moment. Kriege ich das so hin? Oh ja, so. Ah. Ja. Ja. Auch nur so halb. Wer bist du? Das ist nicht Drax, weil Drax fehlt, was ich sehr schade finde. Aber hey, so, wir bauen dem jetzt mal die Waffe. Wir schauen mal, was er überhaupt als Waffe hat und welche Teile wir dafür brauchen. Das hier sieht nach einem Waffenteil aus. Das ist sehr gut. Dann haben wir das Ding und das Ding. Wirklich, die schauen so unverhältnismäßig groß aus. Dann haben wir das und das. Okay. Das sieht so aus, als würde es nicht zusammenpassen, aber es gehört so.
faszinierend. Zack. Zack. Okay. Was haben die von Lego hier gemacht? Die haben irgendwas genommen und einfach so lang damit rumhantiert, bis es versteckt war. So. Da ist die Wumme größer als die Figur. Also, ja. Ich weiß immer noch nicht, wer du bist, aber gut, du wirst wohl irgendwie da reingehören in die ganze Story, ne? Ich setz dich mal dahin. So. Wenn Kranksein Spaß machen würde, dann würden Deutsche doch dauerkrank sein, aber weil es keinen Spaß macht, gehen sie auch krank arbeiten, weil ihnen Arbeit Spaß macht. Ja, das deutsche Verhältnis zu Arbeit und Kranksein ist ganz allgemein ein schwieriges, ja, das ist, also, ja. Das ist eigentlich nicht zum Lachen, wenn ich ehrlich bin. Es ist, ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Aber hey, es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen. Die werde ich auch nie verstehen. Und das ist eine Sache, die ich irgendwann in meinem Leben akzeptiert habe. So. Okay, ich muss das hier nochmal alles ein bisschen auf die Seite schieben, weil wir brauchen den Platz. Ich brauche den Platz. Und offensichtlich muss ich die Figuren hier wegbauen, weil das sind keine getrennten Arbeitsschritte, sondern wir bauen direkt an diesem Ding hier weiter. Das heißt, die beiden stelle ich mal dahin und Moment. Dann muss er halt sitzen. So. Auch gut. Auch schön. Du hast seit vielen Wochen Kopfweh und ein zuckendes linkes Augenlid oben und unten. Täglich Nährstoffmangel, Augenstress oder was auch immer schuld ist. Ihr seid auf Ursachensuche. Also zuckende Augenlider, das kenne ich als Symptom von Stress, ja. Das kenne ich tatsächlich als Symptom von Stress. Geilenkirchenwümme. Was? Anni, ich will nie wieder von dir hören, dass meine Autokorrektur merkwürdige Dinge macht, ne? Also, nee. Sowas hat meine auch noch nicht gebracht. Wow. Was? Geilenkirchenwümme. Ja, okay. Was? Das finde ich einfach super. Aber ja, also das ist gerade dieses Augenzucken, ne, das klingt wirklich nach, also zumindest von dem, was ich kenne, massiv nach Stress, ja. So, lass mal kurz hier gucken. So rum müssen die Dinger da dran. Ja, das sieht richtig aus. Das sieht richtig aus. Sehr schön. Und die beiden kommen da dran. Alles klar. Hier und da. Aber gut. Wenn du immer nicht arbeiten gehen würdest, wenn du dich krank würdest, dann bräuchtest du ja auch nicht mehr arbeiten. Ja, das ist, aber es ist trotzdem grundlegend ein ganz, ganz merkwürdiges Verhältnis in Deutschland, ne, zu dem, zwischen Kranksein. Also, ne, gerade wenn man was Ansteckendes hat, dann ziehe ich halt persönlich auch absolut die Grenze. Dann gehst du halt nicht arbeiten. Punkt. Oder du arbeitest von da aus, wo es niemanden stört und wo du niemanden anstecken kannst. Ne? Sowas in der Richtung. Weil das bringt halt selten irgendwas, wenn dann plötzlich alle ausfallen, was halt gerne mal auch so eine Konsequenz davon ist. Oder viele und so weiter und so fort. Das ist einfach... Und ich weiß nicht, warum das so gang und gäbe in Deutschland ist. Ne, wenn ich jetzt irgendwie... Ne, mit leichten Kopfschmerzen oder sowas in der Richtung, ne, also
klar, ne, mit so ne, jetzt relativ leichten Sachen, da habe ich jetzt auch nicht das große Problem damit. Weil, warum auch? Aber so, gerade wenn es irgendwas Ansteckendes ist oder so, dann bin ich halt irgendwie, dann verstehe ich es einfach nicht. Warum die Deutschen da so versessen drauf sind, dann einfach statt sich auszukurieren, weiterzuarbeiten. Augenzucken könnte auch neurologische Ursachen haben. Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber ich kenne es auch als Stresssymptom. Gerade wenn es irgendwie so plötzlich irgendwo auftaucht, ne? Aber ich bin halt auch kein Doktor, ne? Ich kann keinerlei Diagnose stellen. Ich kann halt nur aus meinen eigenen Erfahrungen, die jetzt auch gar nicht mal so extrem umfangreich sind, berichten. So. Warte, dann haben wir das da. Da. Man macht sich auch häufig selber zu viel Stress. Das ist auch richtig, ja. Das ist auch richtig. Wir hatten das Thema gestern schon, ne? Mit Entspannung und so. Weil ich gerade, glaube ich, irgendwo schon kurz meditieren gelesen habe. Ich habe die Nachricht noch nicht gesehen, aber ich habe das Keyword entdeckt. Für mich ist das persönlich ja nichts, aber das ist durchaus auch eine Technik, die der Entspannung dienen kann, ja. So, ich sammle mal ganz kurz hier meine Teilchen und dann schaue ich nochmal dann lese ich nochmal kurz nach. Moment. Meditieren, achso, du meditierst schon regelmäßig, schläfst 8 bis 9 Stunden an. Ich beneide dich um so viel Schlaf, ne? Hat auch nicht geholfen, du versuchst dich irgendwie abzulenken. Ja, okay. Du bist stolz auf deine Autokorrektur? Oh, das wäre ich auch. Meditieren kann gegenteilig wirken. Habe ich tatsächlich noch nie gehört. Klingt aber jetzt im ersten Moment nicht ganz unlogisch. Du hast das Zucken im Oberlid schon mal 6 Monate gehabt, dann ging es weg vor vielen Jahren. Seit Ende Februar ist es wieder da, stärker und eben auch unter dem Auge. Stress ist leider immer da, viel los gewesen und noch immer los in der Family, kann man ja leider nie planen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Also mit dem krank zur Arbeit gehen ist halt diese Mentalität von du musst was leisten, du darfst nicht faul sein, krank sein ist faul sein. Ja, genau. Das ist es halt. Genau das. Weil krank sein manchmal mehr Stress macht, als einfach weiter zu arbeiten, zumindest wenn man so die Dinge aus dem Internet liest. Ja, das verstehe ich auch, ja. Also, ne, wie gesagt, wenn es ein leichtes körperliches Wehwehchen ist, so, oh mein Gott, ich habe schlecht geschlafen und mein Nacken schmerzt vielleicht ein bisschen, da bin ich jetzt auch so, ja, okay, gut. Ne, das ist jetzt für mich, wäre jetzt für mich auch kein Grund, nicht zu arbeiten. Absolut nicht, aber wenn ich irgendwas Ansteckendes habe, dann, ne, ich habe den Vorteil, ich kann vom Homeoffice arbeiten, sprich, ne, ich bin da, was das angeht, sowieso relativ gut aufgestellt. Aber so im Großen und Ganzen ist es einfach eine ganz merkwürdige Mentalität bei uns in Deutschland. Und es wird meines Erachtens nach auch Zeit, dass die abgeschafft wird. Aber das wird noch lange dauern, leider. Du lässt dich einfach mal überraschen, was die nächsten Arztbesuche bringen. Montag erstmal Augenarzt. Ja, lass das auf jeden Fall abklären. Das ist, ja. Auf jeden Fall abklären. Und wenn dir irgendwas merkwürdig vorkommt, hol dir eine zweite Meinung. Wenn ich eine Sache gelernt habe, zu Ärzten, dann zweite Meinung. Sobald irgendwas nicht, auch nur ansatzweise nicht stimmig erscheint. Wenn dein Augenlid zuckt, dann hast du Stress. Ja. Gibt halt noch ganz, ganz viele verschiedene Ursachen, aber ja, auf jeden Fall abklären. Was ich aber gestern auch schon gesagt habe, zum Thema Stressabbau, oder was ich auch gelernt habe, jetzt tatsächlich, ist die Sache, dass man dazu auch hervorragend Bewegung nutzen kann. Also Bewegung ist tatsächlich unglaublich hilfreich bei sowas. Wenn man es schafft, sich irgendwie auszupowern. Oder auch einfach nur ein Spaziergang an der frischen Luft. Gut, frische Luft in Berlin ist jetzt ein bisschen schwierig, aber... Tatsächlich, Bewegung kann auch super entspannend wirken und einen super runterbringen.
Sofern man es halt schafft und das gerade irgendwie drin ist. Und aus eigener Erfahrung, ja, das hilft tatsächlich. Es ist so doof, das klingt, aber es hilft. So. Vor allem auch mal dieses Rauskommen, ne? Und mal was anderes sehen, mal was anderes tun. Super hilfreich. Ich bin noch eine Weile da. Sieht das schon nach Raumschiff aus? Das ungefähr so groß wird? Ich glaube, nein. Also, ja, Adel, ich bin definitiv noch eine ganze Weile da. Eieiei. Wenn bei dir das Augenlid zuckst, dann redest du mit einem bestimmten Kollegen. Ja, das ist auch eine Situation, die ich kenne, ne? Ach ja, die lieben Kollegen. Du hast gestern viel Entspannungsmusik gehört und Augen zu, spontan den Heulanfall bekommen. Du glaubst einfach, dass es echt dein Stresslevel am Maximum ist. Anni, nicht, dass du mir einen Burnout bekommst. Nicht, dass du mir irgendwie einen Burnout bekommst, ne? Das ist ja... Das wäre ja das maximal Schlimmste eigentlich. Also, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe das schon mal so im entfernten Bekanntenkreis mitbekommen. Burnout ist, ja, wenn dich das erwischt, dann hast du echt ein Problem. Dann ist echt erstmal Schicht im Schacht. Mit allem gefühlt. Eieieiei. Was für ein böser Alte? Was? Kauft ihr was Tolles? Steaks oder Blumenkohl oder Salate oder Pizza oder alles? Ach so, zum Kaufen. Das Spannende ist, ich hatte mal einen Pizzateig, weil ich jetzt gerade Pizza und Blumenkohl in einem Satz höre. Ich hatte mal einen Pizzateig aus Blumenkohl. Halt veganer Pizzateig. Dachte ich mir, cool, probierst du mal aus. Und das war der beste Pizzateig, also Fertig-Pizzateig, den ich jemals in meinem Leben gekauft habe. Mega gut. Ja. Gut, dass ich eine Wampe habe. Die Wampe hat gerade das Teil vom Runterfallen bewahrt. Einfach mal ausatmen. So. Okay. Ist jetzt quasi auch mittendrin im Burnout und niemand hilft wirklich dabei. Ja, es ist halt auch noch so wahnsinnig schwierig, gerade auch im familiären oder Bekanntenkreis oder sonst wie sowas. Die meisten Leute oder viele Leute sind halt immer noch irgendwie so der Meinung, so von wegen, hey, dir geht's schlecht, dann, keine Ahnung, geh mal an die Sonne. Ne? So mentale Gesundheit, mentale Krankheiten, ne? Es wird irgendwie alles immer noch landläufig irgendwie unter den Teppich gekehrt, was halt auch total dumm ist. Ne? Vieles wird als Modeerscheinung abgetan. Ja, ne? Depressionen, klar, hört man nicht so häufig, ne? Natürlich hast du Depressionen, ne? Und sowas in der Richtung. Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn, ne? Mentale Gesundheit ist so, ne, klar, körperliche Gesundheit ist auch super wichtig, steht völlig außer Frage, aber wenn mental nichts mehr geht, dann geht halt auch körperlich nichts mehr. Und, ne, weil das ist ja, leider sind wir Menschen relativ komplexe Wesen, und es hängt halt alles irgendwo zusammen. Und deswegen ist auch mentale Gesundheit einfach so wahnsinnig wichtig. Und als Burnout so das erste Mal so vor, weiß nicht, wie lange ist das her, so vor 15 bis 20 Jahren war das ja mal irgendwie ein größeres Thema auch durchaus, weil das da ein bisschen Bekanntheit erlangt hat. Ne, es waren ja auch ganz, ganz viele Leute, ja, die so nach dem Motto, geh mal Gras berühren, ne, was man heutzutage gern sagt, touching grass und so. So in der Richtung wurde das ja damals ein bisschen behandelt.
halt einfach abgetan als, ja, einfach kein Bock mehr zu arbeiten oder sowas in der Richtung. So, du bist in meinem Lurk, Adel. Viel Erfolg beim Jagen und bis später. Du hoffst einfach nicht, dass es das ist. Ja. Ich hoff's auch. Sonne ist tatsächlich gut. Schüttet doch Endorphine aus oder verwechselst du was? Sonne ist erstaunlich gut, ja. Sonne ist tatsächlich erstaunlich gut. Auch, ne, ich bin ja auch so jemand, ich bin nicht wirklich viel draußen, weil ich bin halt ein Stubenhocker, schon immer. Aber so, wenn die Sonne da ist und Dingens, also gut, Hunderunden, wenn ich die tagsüber mache, ich versuche die immer zu machen, wenn die Sonne scheint. Weil es ist so geil. Sonne ist so gut. Natürlich muss man darauf achten, dass man sich mit Sonnencreme oder so schützt, wenn man da anfällig ist. Aber es ist auch super wichtig für Vitamin D. Vitamin D ist auch ein super wichtiges Vitamin im eigenen Körper, das tatsächlich sich auch auf die Stimmung auswirken kann, wenn da ein Mangel ist. Ne? Leute, ich hab's am eigenen Leib erfahren. Also, ne, ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie Vitamin D-Mangel einen runterziehen kann. Weil ich werde nie vergessen, wie der Arzt zu mir gesagt hat, mein Vitamin D-Spiegel ist so niedrig, dass man ihn kaum noch messen kann. Und kaum habe ich Vitamin D im Kopf und noch ein bisschen was anderes getan, geht's mir wieder deutlich besser. Ne? Also Sonne, ja. Wenn ihr die Chance habt, irgendwie an die Sonne zu gehen, nutzt sie. Definitiv. Kann ich absolut empfehlen. So. Vitamin D ist super wichtig. Ja, richtig. Und was auch viele Leute nicht wissen, Vitamin D kannst du im Winter nicht wirklich aufbauen. Nichtsdestotrotz ist Sonne im Winter natürlich für die Gefühllage super toll. Aber der Mensch zehrt im Winter von seinen Vitamin D-Reserven, die er im Sommer aufgebaut hat. Weil die Sonne hat nicht genug Energie, als dass wir im Winter groß Vitamin D produzieren könnten. Deswegen nutzt den Sommer. Auch wenn ihr es nicht, ne, auch wenn es euch zu heiß ist oder sonst was, aber nutzt den Sommer. Geht ab und zu mal raus. Und das sagt einer der größten Stubenhocker, der wahrscheinlich in diesem Chat ist. So. Da. Wein ist ein gutes Ventil. Ja, irgendwas, ja. Alles, was einen besser gehen lässt. Außer im Skiurlaub? Ich versuche das gerade einzuordnen. Achso, wenn du Sonnenbrand bekommen kannst, gibt es auch Vitamin D. Bin ich mir jetzt gar nicht so 100% sicher. Gut, aber da bist du auch definitiv massig, sage ich mal, Massen von Sonnenstrahlen ausgeliefert. Aber so im Normalfall ist die Sonne zumindest in unseren Breitengraden eigentlich etwas zu wenig intensiv im Winter, als dass sie wirklich was reißen könnte. Deswegen Vitamin D-Depots im Sommer aufladen. Und Leute, kauft keine Nahrungsergänzungsmittel dafür, weil da ist so wenig Zeug drin, das bringt halt gar nichts. Also, wenn da Vitamin D draufsteht, alles, was als Nahrungsergänzung verkauft wird, mag toll fürs eigene Gewissen sein, aber im Normalfall ist da so wenig Stuff von dem drin, was draufsteht, dass es halt eigentlich auch schon komplett egal ist. Ob man das jetzt zu sich nimmt oder nicht. Weil, wenn ihr mal einen Mangel haben solltet an beispielsweise Vitamin D und dann schaut ihr euch an, wie viele, Gott, was waren das? IE, internationale Einheiten, auf so einer richtigen Tablette sind, im Vergleich zu dem, was man im Supermarkt bekommt, dann merkt ihr da mal den Unterschied. Also ich selber habe auch Magnesium, Dinge da,
Aber auch, das ist auch mehr so prophylaktisch, weil ich mir dachte, so Dingens, ich habe das auch erst danach erfahren, dass das eigentlich gar nichts bringt, wenn Nahrungsergänzung draufsteht. Ich bin da auch kein Fan davon. So. Da. Hast du einfach schon wieder zu lange alles verdrängt, beziehungsweise halt für andere stark gewesen. Reserven sind ein bisschen mau. Menschsein ist nicht immer einfach, das ist richtig, ja. Es wäre schön, wenn es das wäre, ne? Es wäre schön, wenn es das wäre. Aber leider ist es das nicht. Aber ja, ne? Wenn Wein ein gutes Ventil für dich ist, tu es, Anni. Tu es. Auf jeden Fall. Zu viel Vitamin D erzeugt Nierensteine. Siehst du, das wusste ich noch nicht. Aber ja, wenn ihr glaubt, dass ihr einen Vitamin D-Mangel habt oder allgemein einen Mangel, geht zum Arzt. Macht ein Blutbild. Und bedenkt, Vitamin D kostet zum Beispiel extra. Das ist nicht im normalen Blutbild drin. Aber ich habe mal was davon gehört. Ich weiß nur nicht, ob das ab einem bestimmten Alter ist oder so. Ne, so, dass man einmal pro Jahr ein großes Blutbild machen lassen kann. Kostenlos, weil normalerweise kostet ein großes Blutbild richtig Geld. Also Vitamin D kostet so an die 20 €, wenn das geprüft wird. Aber ich habe gehört, dass man einmal pro Jahr, glaube ich, ein großes Blutbild machen lassen kann. Aber ich bin nicht sicher, ob das möglicherweise an einem bestimmten Alter hängt. Da habe ich noch nicht nachrecherchiert. Wollte ich mal machen irgendwann. Es gibt UVA und UVB-Strahlung. Beide können Sonnenbrand verursachen, aber eine ist für unsere Vitamin D-Produktion zuständig. Ah, okay. Ich bin doof. Also alles gut. Es ist nichts hier kaputt gegangen. Ich bin nur abgerutscht. So. Leute, wir haben kleine Flügelchen. Oh. Ich meine, guckt euch das an. Guckt mal, die wackeln sogar. Oh. Apotheken bieten mittlerweile auch Vitamin D-Tests in 15 Minuten an. Echt jetzt? Oh. Okay, das ist mir neu. Und Vitamin D hatte ich damals 29 € gekostet. Ja, hier waren es, glaube ich, 21. Also so, ich glaube, so Pi mal Daumen 20 bis 30 € oder so. Hängt ein bisschen vom Labor ab. Wenn man kann, Plasmaspenden gehen. Man hilft Leuten, kriegt Geld und hat regelmäßig Blutuntersuchungen. Ja, aber prüfen die alles? Also ich weiß, dass ich damals, als ich meine Stammzellenspende gemacht habe, da war natürlich komplettes Blutbild. Also wirklich komplett. By the way, wenn ihr nur eure Blutgruppe wissen wollt, geht Blut spenden. Weil da wird das ermittelt, da könnt ihr einfach mal nachfragen. Bei einem Blutbild, bei einem normalen kleinen Blutbild wird euch das nicht gesagt. Das musste ich auch lernen. Ich dachte, ne, ich kann da mal nachfragen, aber nö, steht da nicht drauf, interessiert nicht. Shit, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ach so, ja, bei genau, Stammzellenspende, klar, da wurde ein komplettes Blutbild gemacht. Beim Plasmaspenden weiß ich es gar nicht, was da alles genau untersucht wird. Wahrscheinlich auch nicht alles, aber ja, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Und wie du schon sagst, Plasmaspenden bringt sogar Geld. Also damit werben die auch. Im Gegensatz zum Beispiel zum Roten Kreuz oder so, die nicht dafür werben dürfen, dass sie möglicherweise eine finanzielle Entschädigung geben. So. So, sehr schön. Aha. Du wolltest dir mal so eine Lampe kaufen, die halt mit UV-Strahlung macht fürs Vitamin D. Da hast du nur die UV-Strahlung gefunden, die da nicht hilft. Das sind diese... Nee, das sind nicht die roten Wärmelampen, ne? Aber die schauen wahrscheinlich dann ähnlich aus. Ja, ich meine, ich habe diese komischen Dinger auch schon mal gesehen. Ich habe die, glaube ich, damit da auch schon mal gesehen, ja. Keine Ahnung, ob die wirklich irgendwas helfen. Oder ob das einfach nur fancy Dinge, fancy Lampen sind. So, 1, 2, 3, 4 hiervon. Und die beiden... Nee,
Da ist es. Sehr schön. Die machen alle halbe Jahr ein großes Blutbild. War bei dir damals die Vereinbarung mit dem Arzt, dass du nicht alle halbe Jahr zu ihm musst? Zu Studienzeiten hast du damit dein Essen finanziert? Ja, Plasmaspenden ist tatsächlich ziemlich lukrativ. Und man darf es oft. So, wir drehen das Ding auf den Kopf. Spannend, jetzt bauen wir unten ein bisschen weiter. Das finde ich cool. So. Aha. Nee. Achso, warte mal. Ich halte das Ding falsch rum. So rum ist es hier abgebildet. Okay. Ich war gerade verwirrt. Und doof. Ich habe es falsch rum hingedreht und deswegen ist sich das hier nicht ausgegangen, so wie es sich ausgehen sollte. Check-up hast du in ein paar Wochen. Muss dann auch nochmal darauf hinweisen, dass Vitamin D geprüft wird. Dein Hausarzt hatte halt gefragt, ob du dich ausgewogen ernährst, etc. wegen der Symptome. Ja. Aber, ja. Ausgewogen ernähren ist ja das eine, aber ich sag mal so, ich ernähre mich nicht ausgewogen und habe trotzdem alles, was ich brauche, bis auf Vitamin D. Und das kann ich über die Sonne bilden. Also alle meine anderen Blutwerte waren total in Ordnung. Die Ernährung sagt halt immer nur so und so viel darüber aus, wie es tatsächlich ausschaut, ne? Es muss man halt auch einfach mal so betrachten, wie es ist. Es ist immer auch nur ein Indiz. Abwechslungsreiche Ernährung ist prinzipiell nicht verkehrt, aber im Zweifelsfall bringt die halt auch nichts. Unter Umständen. Das sind dann sich Tageslichtlampen. Okay, solche. Ja, verstehe. Hat ein Kumpel damals auch gemacht. Als Mann kann man ja auch öfter. Ja, ich glaube, man kann bis zu... Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, man kann bis zu 50 Mal im Jahr Plasmaspenden gehen. Was echt eine ganze Menge ist. Also, das ist wirklich nicht wenig. Ich bin nicht mehr sicher, wie groß da die Aufwandsentschädigung ist, aber ja, das kann sich durchaus lohnen. Ich kenne auch Leute, die sich darüber das eine oder andere finanziert haben. Also, ich hatte ja auch überlegt, aber es wäre für mich zu viel Aufwand gewesen. Weil ich hätte immer erst Hund nach Hause bringen müssen, damit ich dann nach der Arbeit hingehen kann und so weiter und so fort. Und dann wäre es mir irgendwie zu spät gewesen und am Ende war ich einfach zu faul. Ne? Kennt man ja. Ich bin halt einfach faul. Und ich bin gerne faul. Ich stehe da drauf. Lass mal kurz gucken. Schaut das alles noch richtig aus? Das schaut alles richtig aus. Sehr schön. Oh, wir bauen ein Seitenteil. Jetzt wird da... Jetzt ergibt sich da langsam ein Bild in meinem Kopf, was wir da bauen. Sehr schön. So rum. Das da hinten. Da. Dann hier, da und da. Das kommt da dran. Das kommt hier dran und das hier kommt dahin. Okay, das sieht richtig aus. Und damit kommt das hier an die Seite. Jo, klick. So. Okay. Cool. Ja, das wird doch. Das wird doch. Je nach Körpergewicht bis zu 25 €. Ja, okay. Bei euch waren es damals 10 €, du durftest einmal pro Woche. Aber schon wieder 8 bis 10 Jahre her. Ja, ich glaube, also ich meine, hier in Bremen war das irgendwie, du darfst 2-mal pro Woche oder so, aber nicht öfter als so und so oft im Monat. Es war irgendwie so eine Zusammenstellung.
Aber ja. Du warst nur zweimal Blutspenden beim DRK-Bus, ist aber auch schon lange her. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es noch nie geschafft, zum Blutspenden zu gehen. Und ich finde es eigentlich, ich finde es furchtbar. Aber jedes Mal, wenn ich mitkriege, dass irgendwo eine Blutspendeaktion ist es eigentlich zu spät. Und ich bin schon irgendwie anderweitig verplant oder sonst was. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Das ist nicht mal eine gute Ausrede, aber es ist einfach so. Ich würde gerne mal Blutspenden gehen, aber ich habe es bisher einfach nicht geschafft. Es ist sich nie ausgegangen. Ganz, 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 ganz wild. Ach so. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ich hier tue, aber ja, nee, das sieht soweit alles gut aus. Und hier und da. Und das hier müsste jetzt auch der letzte Bauschritt sein. Oder das ist das letzte, was wir hier jetzt gerade tun. Zack. Und dann haben wir 2 Seitenteile am Schiff. Was nice ist. Und zack. Du durftest alle 3 Tage und die große Menge gab es also 25 pro Mal. Ja, okay, verstehe. Aber grundlegend, ne? Es ist allein dafür, dass man ein bisschen was über sein Blut lernt. Jetzt mal doof gesagt, ist eigentlich sowohl Plasmaspenden als auch Blutspenden jetzt nicht unbedingt die dümmste Idee. Weil wenn da irgendwas nicht passt, sagen die einem das schon. Und das relativ deutlich. Würde ich jetzt mal behaupten. So, okay. Nice. Wir haben noch ein paar Teile übrig. Ja, guck mal an. Das sage ich doch. Wir haben noch ein paar Teile, die jetzt hier irgendwo dran müssen. So. Jo. Und du kommst jetzt hier dran und da dran. So. Bauschritt Nummer 2 ist erledigt. Und ich finde, das kann sich jetzt schon sehen lassen. Ne, wir haben einen Flügelansatz. Wir haben ein bisschen Innenraum. Nicht wahnsinnig viel, nicht wahnsinnig komplex. Aber wir haben zumindest ein bisschen was. Wir haben ein paar Haltegriffe. Ja. Nice, das wird. Und wir haben 3 Ersatzteile. So. Kurz mal einen Schluck trinken. Oder sie machen sinnlos Panik. Ja, aber ich habe dann lieber erstmal ein bisschen Panik und stelle dann fest, also zumindest ist das meine Sicht da drauf, ich habe dann lieber erstmal ein bisschen Panik auf der Titanic, um dann festzustellen, alles nicht so schlimm, als dass ich nicht weiß, dass irgendwas sein könnte, ne? Aber klar, alle Menschen reagieren da auch wieder ein bisschen anders drauf. Das ist jetzt, ne? Das ist jetzt meine Sicht da drauf, dass mir das so lieber wäre, aber das heißt ja nicht, dass das für andere auch gilt. So. Schritt Nummer 3. So. Und ja. Da sind ein paar pinke, durchsichtige, transparente Steinchen drin. Ich weiß nicht, warum die pink sind und warum sie transparent sind. Wir werden es rausfahren. Vielleicht sind das quasi Rückfahrleuchten oder Bremslichter. Sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Blutspenden durftest du aufgrund deiner Leber nicht, Plasma schon. Okay, ja, das kann sein, ne? Eisenmangel hattest du damals gesagt bekommen. Da musst du dann Eisen supplementieren, ja. Das war auch gar nicht so selten. Ich frage mich, ob ich davon schon mal gehört habe. Kann sein, ja. Kann sein. So. Manchmal ist es eigentlich gar nicht so doof, tatsächlich auch einfach mal so irgendwie zum Arzt zu gehen. Nicht nur, wenn es dringend notwendig ist.
sprich, wenn einem quasi schon der Arm abfällt, sondern grundlegend einfach mal Dinge nachschauen zu lassen. Ne? So ein regelmäßiger Check-up. Gibt ja nicht umsonst sowas wie Vorsorgetermine. Wobei man da erstmal ein gewisses Alter erreichen muss, bevor man die wirklich nutzen kann. Davor kosten die einfach, glaube ich, gefühlt Unmengen an Geld. Sind auch nicht so wahnsinnig wichtig. Oder wichtig eigentlich schon, aber nicht so. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Warte mal, ich werde dieses Jahr 35. Ich glaube, ab 35 kann ich irgendwelche tollen Vorsorgeuntersuchungen machen. Vielleicht sollte ich mich da mal informieren, was das ist. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war Prostatakrebs. Oder Hodenkrebs, eins von beiden. Also was bei Männern dann irgendwie plötzlich von der Kasse übernommen wird, wenn man dann einen Check-up machen lässt. Was auch wichtig ist, ne? Nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Man sollte vielleicht das Angebot einfach auch mal nutzen, statt das immer nur verstreichen zu lassen. Oder so. Weil am Ende schaut man in die Röhre und hätte man mal gemacht. Ab 35 darf man alle 3 Jahre zum Check-up. Alle 3 Jahre? Wow, okay. Okay. Das ist jetzt seltener, als ich dachte. Das ist jetzt tatsächlich seltener, als ich dachte. Aber ja. Das heißt, in der 2. Jahreshälfte dieses Jahr muss ich dann tatsächlich mal schauen, wo ich möglicherweise hin sollte. Einfach mal so. Augen. Wo ist das Teil, das ich suche? Ja. Ich bin gerade blind. Also so richtig blind, glaube ich. Nee. Wo ist das denn? Hallo? Das muss doch in dem Stapel hier sein. Okay, nee, das habe ich schon. Nee, ist das doch hier drüben? Da. Da ist es. Ja, okay, ich bin nicht blind, ich bin doof. Ergänzt sich meistens auch hervorragend. So, okay. Passt. Darmkrebsvorsorge, lieber den Arzt in die Röhre schauen lassen, als später man selber. Ja. Gilt eigentlich für alle Vorsorgeuntersuchungen. Egal wie unangenehm oder so die sein mögen, sie sind halt trotz allem einfach... Ne, sie sind nicht umsonst wichtig. Okay, das ist ein interessantes Teil. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Aha. Da ist übrigens unser erstes kleines pinkes Glitzersteinchen. Das ist ein Deko-Element. Hier hinten drin. Und ich weiß noch nicht warum. Ne, das da hinten, da ist es. Und ich weiß noch nicht wieso. Aber wir werden es hoffentlich herausfinden. So. Sehr schön. Du packst jetzt einen Käsekuchen raus, was für die Seele, auch wenn der Magen am Ende wahrscheinlich noch Beschwerden einlegt oder Opfer müssen gebracht werden. Wer hat denn diese Handy-Tastatur erfunden? Andi, du weißt gar nicht, wie viel Schadenfreude ich gerade empfinde, dass du über eine Handy-Tastatur schreibst, ne? Und mein Leiden einfach nachvollziehen kannst. Aber lass dir den Käsekuchen schmecken. Käsekuchen ist halt, ja, das ist halt... Das ist richtig, richtig gut. Gab es da nicht auch irgendwie eine Unterscheidung zwischen Soul Food und noch irgendwas? Ich glaube, ne, es gibt
den Begriff Soul Food, ja, und es gibt noch einen anderen Begriff und da gibt es irgendeinen krassen Unterschied. Ich bin aber nicht mehr sicher. Ich meine, ich habe da neulich was gelesen dazu, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich glaube, am Ende lief es darauf hinaus, dass Soul Food, glaube ich, quasi ein rassistischer Begriff war. Ich bin aber nicht mehr 100% sicher, ne? Also sollte ich jetzt irgendjemanden triggern damit, Entschuldigung, das ist nicht beabsichtigt. Aber ich weiß es echt nicht mehr. Irgendwas, Feel Good Food? Ich weiß es nicht mehr. Das war irgendwas random auf Twitter. Das sagt eigentlich schon alles darüber hinaus. Soul Food und Comfy Food? Ja, das könnte sein, ja. Also ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf zusammenkriege, was echt ein bisschen schwierig ist gerade, war Soul Food irgendetwas, wo tatsächlich auch eine Community in irgendeiner Form dahinter steckt, ne? Und deswegen ist Soul Food, weil kulturelle Aneignung oder irgendwie sowas in der Richtung war dann irgendwie plötzlich negativ konnotiert und manchmal verstehe ich es einfach auch nicht. Aber irgendwas war da. Just Twitter Things. Also, ne, ich hab's mir halt echt nicht gemerkt. Nicht so tiefgehend, aber es war auf jeden Fall was sehr, sehr Wildes. Was ich so vorher noch nie gehört hatte. Also wenn das jemand weiß, gerne darüber aufklären, ne? Ich will ja niemandem auf den Schlips treten. Und ich habe da auch kein Problem damit, meine Sprache irgendwie anzupassen, wenn es sein muss. Aber ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich bin gerade echt blank, was das angeht. So. Was? Bluetooth-Tastatur fürs Handy? Ne. Das ist auf der Couch unbequem. Das ist auf der Couch viel zu unbequem. Das geht nicht. Nein. Also zumindest für mich nicht. So. Soul Food ist einfach Futter für das Seelenheil, wie halt Kuchen oder auch Fast Food, und Comfy Food ist halt etwas Leckeres, was schnell geht, weil es comfortable ist. Ja, und genau diese Argumentation wurde widerlegt. Daran kann ich mich erinnern, genau diese Argumentation wurde widerlegt. Aber frag mich nicht mehr wie. Ich meine, Soul Food hat tatsächlich irgendwelche Hintergründe. Irgendwas, was man vorher so auch noch nicht gehört hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ne, welche Gruppe da dahinter genau ist oder gemeint ist. Aber irgendwas war da. Ich bilde mir zumindest ein, dass das so war. Ich kenne es halt auch ähnlich, ne? Ich kenne halt auch beide Begriffe mehr oder weniger, wenn sie mir nicht gerade wieder entfallen sind. Aber ja. Du hattest bisher keine Probleme damit. Auch in der Bahn ist so eine Bluetooth-Tastatur für das Handy recht praktisch. Macht das Schreiben mit Stella und deinen Freunden deutlich leichter, als du unterwegs zu ihr warst. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich bin da kein Fan von. Ich habe hier sogar eine ganz kleine Bluetooth-Tastatur, aber die hatte ich mal irgendwann, als ich mein Dingens aufgebaut hatte. Mein kleines Mediencenter. Und ja, die hat es nicht so lang gemacht. Ich bleib dabei. Wenn da Worte stehen, die da nicht stehen sollten, dann war es mein Handy, nicht ich. Ich nutze Swipe. Also das Swiping. Und zwar so lange, bis es mich, weiß ich nicht, irgendwo hinbringt. Irgendwann wird mich jemand hauen dafür. Und hey Ruki, Hallöchen, Hallöchen. Was, Galileo? Versteckter Rassismus. Ja. Oh Gott, da steht Galileo dabei. Das ist,
So. Da. Tatsächlich hat der Name Soul Food ursprünglich jedoch nichts mit kulinarischem Hochgenuss zu tun, sondern entstand durch den Rassismus in den Südstaaten der USA. Ha! Ja. Wusste ich's doch. Irgendwas war da. Danke, Amy. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Das sind typische traditionelle Soul Food Gerichte. Spare Ribs. Oh ja. Geil. Lecker. So, jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich jetzt hier ohne Tastatur wieder zurück zum anderen... Hallo? Oh. Ich kann den Fullscreen-Modus so beenden. Und dann war der Button hier. Ich kann einen Browser nicht mit Maus bedienen. Hey, wow. Du hast den Artikel nur überflogen, aber dachtest, das passt. Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich genau die Argumentation, die ich da gehört habe. Also ich habe ihn jetzt auch nur ganz schnell überflogen, aber ja, das klingt sehr, sehr ähnlich. Bloß keine Spare Ribs mehr essen, das ist rassistisch. Nee, falsch. Spare Ribs kannst du jederzeit essen. Sind auch geil, vor allem mit Honig bestrichen und geilo, also mega geil. Aber es wäre Comfy Food oder Comfort Food, nicht Soul Food. Korrekt. So, du nimmst Galileo nicht ernst? Same. Aber ich wette, man findet auch schnell andere etwas seriösere Stellen dafür. Ich bin auch kein Fan von Galileo. Quellen, das ist das Wort, das ich suche. Quellen. Und ich swipe, seit ich mein erstes Smartphone habe, ja. Weil ich sonst die Tasten nicht treffe. Wenn ich manuell tippe, dann bin ich einfach komplett lost. Dann ist vorbei. Das war jetzt doof, erst das eine Teil da dran zu stecken und dann das andere. Weil das habe ich mir... Ja, hier muss ich anders... Au! Das muss ich hier anders machen. Aua. So, Stella hat gleich... Oh je. Lass mich raten, das klingt so, als wäre es von Wikipedia. Also zumindest liest es sich so ähnlich. So. Hier. Oh nein. Okay, gut. War nur ein Teil, das ich gerade abgeräumt habe. Das ist nicht so schlimm. Hier auch nochmal das gleiche. Und da auch. Sehr schön. Sehr schön. Okay, cool. Jo. Hallöchen, Makilla. Hallo. War Wikipedia. Du kannst es, nachdem es jetzt rund 60 Jahre existiert, nicht als Tradition ansehen. Was? Soul Food, Bezeichnung der traditionellen Küche der Afroamerikaner in den USA mit Schwerpunkt in den Südstaaten. In den 1960er Jahren wurde Soul Food Bestandteil der ethnischen Identität von Afroamerikanern in den Vereinigten Staaten und es wurden die ersten entsprechenden Restaurants eröffnet. Das steht zum einen im Zusammenhang mit der von Martin Luther King angestoßenen Bürgerrechtsbewegung, zum anderen mit dem Aufkommen der Black Muslims und dem dadurch gestärkten Selbstbewusstsein der Schwarzen. Aus einer Küche des Mangels entstanden sind heute viele Gerichte fester Bestandteil der US-amerikanischen Küche und auch international beliebt. Beispielsweise Spare Ribs oder Chicken Wings. Ursprünglich mussten sich die Afroamerikaner in den USA während der Sklaverei und der Zeit danach meist mit minderwertigen oder billigen Lebensmitteln zufrieden geben oder dem, was keine andere Verwendung fand. Beispielsweise weniger beliebte Fleischteile wie Innereien, Schweinefüße und Ohren oder Hühner. Hühnerflügel. Da. Okay, da hat das letzte Wort, der letzte Wortbestandteil gefehlt. Ja, nee, ich bin da neulich drüber gestoßen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, müssen alle für sich selbst entscheiden. Ich war nur tatsächlich erstaunt, weil gerade bei dem Begriff hätte ich halt einfach mit nichts gerechnet an der Stelle.
Ne, dass man eine Zigeunersoße nicht mehr Zigeuner nennt, okay, das leuchtet mir sofort ein. Beim Soul Food, es klingt halt einfach nicht so, als würde da groß irgendwas dahinter stecken. Ne? Das hat mich einfach wahnsinnig erstaunt in dem Moment. Ob man das dann irgendwie im eigenen in der eigenen Sprachnutzung anpasst oder nicht, das dürfen ja alle für sich selbst entscheiden. So. Hier. Schön. Schön. Ah. Okay. Okay. Und hier. Zack. Und zack. So. Wunderbar. Wir kommen voran. Wir kommen tatsächlich voran. Und zwar auch ein bisschen, ich weiß jetzt, also es fühlt sich so an, als würden wir relativ flott vorankommen, wenn ich ehrlich bin. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wäre es relativ flott, was ich hier tue. Vielleicht habe ich doch inzwischen genug Lego-Erfahrung gesammelt. Um hier einfach ein bisschen effektiv zu sein. Was cool wäre. Das heißt, wir müssen mehr Lego bauen. Oder Klemmbausteine. Im Allgemeinen. Und da. Und ich bin vor allem auch schneller geworden. Im Sinne von, ich finde Teile. Das merke ich auf jeden Fall. Ich finde Teile schneller, weil ich sie inzwischen alle meistens schon mal irgendwie gesehen habe. Das finde ich faszinierend. Man kann tatsächlich Übung bekommen im Klemmbaustein suchen. Das finde ich fast noch am wildesten von dem Ganzen jetzt gerade. Okay, das kommt hier drauf. Sehr schön. Das kommt unten drunter. So. Ja. Meine größte Sorge war, als wir das erste Mal Lego gebaut hatten, dass sich meine Finger danach anfühlen, als wären sie irgendwie von 1000 Nadeln durchstochen, ne? Das war tatsächlich meine größte Sorge, weil ich das noch als Kind kenne, wenn du da rumbaust und dann deine Fingerkuppen einfach komplett hinüber sind danach. Ja, kam nicht so. Bin ich auch immer noch sehr froh drüber. Du hast jetzt fast 12 Quadratmeter Boden verlegt, seitdem du zuhörst. Das ist nice. Wie viel Boden hast du noch zu verlegen? Wahrscheinlich noch mehr als 12 Quadratmeter. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. 3 davon. So, da muss ich jetzt tatsächlich gucken, weil das verschiedene Seiten sind. Aha. Und warte, hier. Okay. Passt. So. Und andersrum. Spannend. Okay. Ne, so rum. Und so. Das sieht erstaunlich richtig aus. Erstaunlich richtig. So. Fast. Okay, ich muss einmal tatsächlich zu dem hier greifen. Oh, dieses so ein Ding hier hätte ich mir damals vor 25 Jahren oder so gewünscht, als ich noch aktiver Lego gebaut habe. Da gab es sowas gefühlt nicht. Circa 40 Quadratmeter. Oh, nice. Oh, nice. Das ist ja... Also es ist noch eine ganze Menge, aber es ist... Das klingt jetzt halbwegs übersichtlich. Also das klingt so, als könnte man es bewältigen. Das ist ja richtig gut dann. Oh, warte, stopp. Das muss ein Teil weiter runter. Okay, das muss hier hin.
Jo, verstanden. Das muss dahin. So. Das Ding wird auch insgesamt immer stabiler. Also das ist krass, was das hier... Ich glaube, da könntest du inzwischen mit einem Auto drüber fahren. So fühlt sich zumindest an. So, wie kommt es dazu, dass Stella in meiner Chatbox ein Skihör dazu bekommt? Weil sie das auf, ich habe die Seite vergessen. Ich wollte dafür mal irgendwann einen Command machen. Alechio, irgendwas mit Twitch Pronouns, Twitch Pronouns, einfach mal suchen. Und dann kommst du auf eine Seite, wo man das einstellen kann. Und ich habe die Schnittstelle angebunden. Mit entsprechenden Plugins, kann man das auch einfach so im Twitch-Chat sehen. Das ist jetzt nicht nur bei mir. Also ich bin auch bei Vibe nicht der einzige Channel, der das in irgendeiner Art und Weise nutzt. Aber ich finde das super praktisch, weil man so auch einfach relativ schnell sieht, woran man ist und wie man jemanden ansprechen muss. Sorgt für weniger unangenehme Momente, sage ich jetzt mal. Also jetzt mal rein aus Streamer-Sicht gesprochen. Deswegen, ich finde das sehr, sehr praktisch. Aber wenn jemand den Link von der Seite gerade parat hat, dann dürfte den auch eben schnell posten. Ich habe nur meine Tastatur gerade auch nicht hier. Deswegen, sonst würde ich es machen. Ich wollte da mal einen Command für anlegen, weil ich das öfter schon gefragt wurde. Und jedes Mal erkläre. Was ich gerne tue, gar kein Problem. Aber ja. Hallöchen Nico. Hallo, hallo. Du siehst dich gern bei der Konkurrenz von Lego um, wenn du da eine Rahmenbar, Bahnhofskiosk, vor allem Gebäude, die deutlich Richtung Japan gehen findest. Ja, also gerade was gebäudetechnisch angeht, gibt es von anderen Herstellern schon auch sehr, sehr coole Sets. Ja, da habe ich auch schon das eine oder andere gesehen. Die sind wirklich, wirklich hübsch. Ich bin halt nicht der Gebäudefan, ne? Das ist so mein Problem damit. Ich bin halt einfach nicht, mich interessieren keine Gebäude zu bauen. Aber da gibt es wirklich hübsche Sachen, ja. Da gibt es wirklich, wirklich hübsche Sachen. Okay. Ja, es geht Stück für Stück voran. Großartig. So, was haben wir denn hier? Eins davon, eins davon, eins davon und eins hiervon. So. Und plopp. Sehr schön. Und plopp. Sehr schön. Danke, Stella. Danke, Stella. Achso, und 40 Quadratmeter und Flur. Oh ja, okay. Ja. Flur ist nervig. Das ist richtig. Flur ist sehr nervig. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Von dem Umbau, den wir damals gemacht hatten. Als wir ins Haus meiner Oma gezogen sind. Uff, da. Warte. Gerade sagte er noch, da könnte man mit dem Auto drüber fahren. Ja? Jetzt habe ich die Stelle gefunden, die instabil war. Cool. Warte. Das und das hier noch. Dann haben wir dieses Teil und dieses Teil. Was und neben dir liegt eine Plastiktüte deiner alten Lego Ritterburg. Irgendwann suchst du mal die Anleitung und baust die neu auf. Anni, geh mal auf lego.com und such dir mal die Setnummer daraus, weil ich wette mit dir, die haben die Anleitung online. Also, ich würde jetzt, ich lasse das jetzt nicht als Ausrede gelten, dass du mal die Anleitung dafür suchst, weil die ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich online verfügbar. Die Burg ist schon ewig alt. Ja, trotzdem gucken. Also, mich würde es nicht wundern, wenn die alle Anleitungen digitalisiert haben. Also auf der Produktseite also alles, was eine Produktseite hat, da auf jeden Fall. Das ist mir schon aufgefallen. Bei älterem Zeug müsste man mal gucken, ob die da was aus so einer Art Supportbereich haben. Wundern würde es mich aber nicht. Wundern würde es mich tatsächlich nicht, wenn die da was in petto haben dafür.
Weil ich gehe mal davon aus, dass es mehr Leute gibt, die noch alte Sets haben, aber die Anleitungen nicht mehr. Aus dem Kinderzimmer, in dem du gerade bist, noch das zweite Kinderzimmer und dann eine Kegelbahn. Achso, ein Kegelbahnflur, der wird ätzend. Ich dachte gerade, du baust eine Kegelbahn ein. Was cool wäre, ne? Also. so eine Kegelbahn haben halt auch nicht alle. Also so eine private, das hätte was. Muss man ganz ehrlich so sagen. Das kommt hier drauf. Sehr schön. Das kommt dahin und wird dann einfach nur über dieses Ding hier festgehalten. Okay, das ist ein bisschen... Ja, okay, stabiler als ich dachte. Mhm. Es wird. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Zumal die Ironie ist bei dem Soulfood der Afroamerikaner, dass sie weitaus mehr aus der indigenen Küche von Amerika sich bedient haben, wie auch der europäischen, aber einfach nur davon sprechen könnte. Da wurden Rezepte aus der Not erfunden, die sich heute große Beliebtheit erfreuen. Wenn du da denkst, dass die Menschen in der DDR sich alles haben selber zusammengerührt, um Sachen zu haben, die sie nicht hatten. Du, ne? Ich will da gar keine Diskussion anfangen. Ob man das nutzt, diesen Input oder diesen Denkanstoß, den ich da gefunden habe, sollen alle für sich selbst entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Es gibt auch genug Leute, die bestimmte Soßen, die es nicht gut finden, dass bestimmte Soßen umbenannt wurden oder nicht mehr so genannt werden sollen, wie es mal war und so weiter und so fort. I don't judge, was das angeht. Ich habe noch nie in meinem Leben Essen als Soulfood bezeichnet oder als Comfy Food, deswegen bin ich da fein raus, sage ich mal. Ich muss mir keine Gedanken machen, weil ich es eh nicht tue, also eh nicht so bezeichne. Essen ist für mich Essen. Wenn es lecker ist, ist es geil. Fertig. Aber ja. Hallöchen Karas, Hallöchen Swart. Guten Morgen, guten Morgen. Obwohl, inzwischen ist guten Tag. Inzwischen ist Mittag. Inzwischen ist ja tatsächlich Mittag. Samstagmorgen. Ja, ist nicht so, als wäre das nicht angekündigt gewesen. Na? Ich habe es an jeder Stelle publiziert, an der ich es publizieren konnte. So. Du bist im AFK? Alles klar, hallo gehen. Dann bis später. Bis dann, ne? Hier. So. Zack. Und zack. Ne, geh rein. Diese kleinen Einserteile, ne, das sind so die fiesesten mitunter. Weil manchmal wollen die einfach gar nicht, so wie man selbst will. Wo kommt das Dreier hin? Da. Hier oben. So. Du hast ja Jane gestern überzeugt, dass du sobald ihr im Garten den Platz habt, eine Sauna hinstellen darfst. Das ist nice. Das ist sehr nice. Ja. Das ist richtig gut. Also. Sowas kann ich nur begrüßen. Sowas kann ich tatsächlich nur begrüßen. Genau. Und dann die beiden hier unten. Das war so rum. So. Dann haben wir dich. Und dich. Und dich. Sehr schön. Und einmal da und da. Oh ja. So. Das war Bauschritt Nummer 3. Sehr cool. 2 Ersatzteile. Ich sollte mal einen Schluck trinken, ne? So. Swart. Hallöchen Hexer. Hi. Karas. Ihr, die hier gerade reingekommen seid. Guten Morgen. Wie war euer Samstag?
Ich hoffe, ihr wart schon produktiv. So, was bauen wir jetzt hier gerade? Lasst mal kurz gucken. Wir sind jetzt auf Seite 52 von 252. Das heißt, wir haben ein gutes Fünftel. Wir bauen seit 2 Stunden. Wir haben ein Fünftel. Au. Ich glaube, meine Rechnung ist noch nicht so ganz aufgegangen. Ich glaube, meine Rechnung ist nicht ganz aufgegangen. Ja gut, das könnte jetzt noch ein bisschen spannend werden. Okay, wir sind bei Päckchen Nummer 4 von 14. Ja, doch, obwohl. Na doch, das könnte. Doch. Das sind 6 Stunden. Wenn alles so bleibt wie jetzt, sind es circa 6 Stunden. Ne? Vielleicht sagen wir mal 7 Stunden, 7,5 Stunden. Das ist in Ordnung. Ja, doch. So, 2 Mini-Anleitungen von Lego hast du in deiner Tüte, aber die für die große Burg ist leider weg. Du guckst wirklich gleich mal auf der Lego-Seite. Setnummer hast du auf jeden Fall. Ja, siehst du? Dein Lego-Set ist von 95. Oha, das ist ja cool. Du hast dir hart die Lunge ausgekotzt, ist das produktiv? Je nachdem, wie man es betrachtet, ja. Je nachdem, wie man es betrachtet, ja. Was, Nico ist knapp 14 Kilometer gelaufen? GG. Also, 14 Kilometer muss man erstmal schaffen. Also, das dauert auch eine ganze Weile. Das dauert auch wirklich. Du bist aufgestanden, reicht das als produktiv? Ja, aufstehen, ja, definitiv. Auf jeden Fall, ja. Das ist richtig produktiv, ja. So. Das ist irgendwie voll niedlich, ne? Mop. Sagt mir der Name Ventilator noch was? Ja, der sagt mir was. Amy hat schon wieder die Hälfte des Chats vergessen mit begrüßen. Empörtes Zungenschnalzen. So, lang genug die Flügel gestreichelt. Schritt Nummer 4. Na wohl, ich glaube, bevor ich Schritt Nummer 4 mache, würde ich ein ganz kurzes Päuschen machen, weil es ist 12:30, das heißt, Hunger bekommt Sammy. Nein, andersrum. Sammy bekommt Hunger. Hallöchen, Theron. Hallo, ein wunderschön. Du kommst genau richtig, dass ich ein kurzes Päuschen mache, ne? Weil Hund hat Hunger. Mit dem warst du gestern Bier trinken? Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass ihr geografisch irgendwie nah beieinander seid. Ja, nice. Cool. Richtig cool. Ja, genau. Leute, ich mache ein kurzes Päuschen. Ich muss mal kurz gucken. Ich kann euch nicht den Stream beenden. Hoppala. Fast schief gegangen. Ich kann euch hier ich kann euch das hier auch auf den Pausenscreen legen. So. Das ist jetzt schwierig. Ja, so halt, ne? So. Dann habt ihr was zu gucken. Und dann mache ich kurzes Päuschen. So, bis gleich. Dauert wahrscheinlich eine Minute länger als sonst. Sammy hat Hunger. Bis sofort quasi.
Da bin ich gerade wieder da und dann fangen die mit Tetris an. So, sehr schön. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ihr schafft. Der Highscore liegt bei 5. Strengt euch an. Ich chill in der Zwischenzeit hier noch so ein bisschen rum, ne? So, Nico hat aus Gründen kein Auto mehr und Weit wollte unbedingt bis zur Stadt laufen, ca. 7 Kilometer hin und ca. 7 Kilometer zurück, weil seine neue Brille seit gestern fertig ist und ihr die heute abgeholt habt. Okay, also 14 Kilometer ist wirklich eine ganz schöne Strecke, ne? Ich laufe ja ab und zu mal, wenn Wetter halbwegs tauglich ist und so, 10 Kilometer oder noch ein bisschen mehr, eher 11 mit Sammy und so. Das merkt man dann aber auch. Also das ist wirklich, wirklich nicht wenig. Also ein Wendt wohnt in Köln, eine Freundin von ihm heiratet heute, die wohnt gerade mal eine halbe Stunde von ihr weg. Er ist als Fotograf gerade hier im Lande. Ah, okay. Ja, cool. Sehr cool. Sehr cool. Du hast eine Anleitung auf einer anderen Seite als PDF gefunden. Nice, Anni. GG. GG. Die tun auch dementsprechend die Füße weh, Nico. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ja. Sofort. Aber nice. Da merkt man einfach, was man getan hat. Und auch wenn es Spazierengehen ist, es ist halt doch einfach eine wahnsinnige Strecke. Und Anni, heißt das, du baust jetzt nebenher fleißig einfach mit und baust deine Burg auf? Ist das so quasi das, was ich hier gerade entnehme? Oh. Ich habe mich gerade gefragt, warum Böse Alte so schallend lacht im Chat. Ja, ihr habt ein L gebaut. L für Loss oder wie? Ein C. Ein C für cool. Nice. Also die ironische Version davon. Du überlegst, ob du das machen solltest. Eigentlich musst du noch aufräumen. Anni, du bist krank. Da wird nicht aufgeräumt. Da wird das getan, was einem gut tut. So. Wenn ich jetzt schuld daran bin, dass irgendwas in der Küche rumliegt, dann kann ich damit leben. Oder so. Dogwalker tragen, die Schuhe gibt es wirklich. Die liegen immer so ein Tuch bei jedem Paar Schuhe bei, was man kauft, womit man die Hundepfoten sauber machen kann. Moment, reden wir jetzt von Menschenschuhen oder von Hundeschuhen? Da bin ich jetzt noch nicht ganz dabei. Also ich weiß, dass es Hundeschuhe gibt. Du gibst auf, dein Delay ist wohl zu groß. Oh nein. Oh nein. Bei Böse Alte auch. Ein wunderschönes C. Ja, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht, ja. Oh, und ihr kriegt so geile Teile. Die ganzen Vierer. Oh. Schade. Schade. Naja, gut, dann gehen wir mal wieder. Hi. Schuhe für Menschen, ausgelegt für lange Wanderungen, kannst du empfehlen. Sind teuer, doch sehr hochwertig produziert. Ich bin persönlich kein Fan von Wanderschuhen oder irgendwelchen Schuhen, die irgendwie diesen Zweck erfüllen, weil ich komme nicht damit klar, dass die hoch sind. Ne, ich kann keine Schuhe tragen, die irgendwie um mein Sprunggelenk irgendwie rumgehen. Kann ich nicht. Ne, so Wanderschuhe oder sowas in der Richtung geht überhaupt nicht. Ich hab's probiert, aber nee. Es hat den Grund, warum ich damals teilweise mit Flipflops auf den Berg gegangen bin, weil das für mich die angenehmsten Schuhe waren. Aber meine Füße sind sowieso merkwürdig. Also, grundlegend merkwürdig. In Form und Funktion und allem. So. Schritt Nummer 4 übrigens. Hier. Ne? Es geht voran. Es geht voran. Langsam, aber es geht voran. So.
Mal kurz. Zack, wir bauen jetzt, glaube ich, einen Flügel, wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest die Basis dafür. So. Und hier noch eine kleine eine Tüte mit ganz kleinen Teilen. Schön, sehr schön. So. Okay. Du hast auf WhatsApp bei ihm den Status gesehen, dass er in Stuttgart ist und hast darauf geantwortet. Er meinte dann so, wait a sec, du kommst ja hier aus dem Eck, Bock auf ein Bier. Eigentlich wäre geplant gewesen, dass sie es am Montag macht, aber da am Montag ein bundesweiter Streik der Bahn, Bus, Flugzeug etc. ist, ja, richtig. Hätte sie es nicht in Stuttgart machen können. Stimmt, ja, wer am Montag mit den Öffis unterwegs ist, Leute, ich hoffe, ihr habt euch einen Plan zurechtgelegt für den wohl größten Streik, der im öffentlichen Beförderungssektor, den Deutschland je erlebt hat. Weil Montag steht halt alles still. Außer den Bussen in Bremerhaven. Aber warum die da nicht dazu zählen, weiß ich nicht. So. Das nächste Mal versucht ihr eine 8. Oh, nice. Nice. Nicht nur meine Füße sind merkwürdig. Ja, das ist eine Sache, die mir schmerzlich bewusst ist. Das weiß ich auch, ohne dass man es mir nochmal extra sagt. Ich bin einfach grundlegend ein sehr, sehr merkwürdiges menschliches Wesen. Also, ja. Das ist wohl so. Ist das hier? Ja, doch, das ist das hier. Und das wird immer länger hier. Okay. Die Firma hatte ursprünglich Arbeitsschutzschuhe produziert. Trägst lieber diese hohen Schuhe wegen Gelenkstabilität. Ja, Gelenkstabilität bin ich kein Fan von. Klingt jetzt komisch, aber bin ich echt kein Fan von. Wie gesagt, ich kann keine hohen Schuhe tragen. Das gibt mir nichts. Ich weiß, dass man es rein theoretisch tun sollte, aber ne, ich kann es nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe dann, vielleicht waren es auch immer die falschen Schuhe, das kann durchaus sein, aber ich bin damit nie zurechtgekommen. Wanderschuhe etc. Geht gar nicht. Ziehen wir wieder über meine Augenbrauen her? Nein, aus! Lass das. Lasst meine Augenbrauen aus dem Spiel. Die sind auch merkwürdig. Da kann ich aber nichts für. Das ist genetisch. BVG in Berlin streikt auch nicht, weil sie noch nicht wieder dürfen. Ah, stimmt, die hatten schon gestreikt, ne? Lustigerweise, aber warte mal. Sind die irgendwie anders organisiert? Weil die BSAG hier in Bremen hat gestreikt, glaube ich. Oder hat die? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, die waren vor kurzem auch schon mal im Streik. Oder war das ein anderer? Weil momentan streikt ja gefühlt alles irgendwie irgendwann. Man verliert halt auch irgendwie total den Überblick darüber, wo jetzt was oder wer oder was streikt und warum und weshalb. Weil einfach so viel momentan los ist. Okay, gibt es bei uns eigentlich noch Raucherbars? Hexer, das fragst du jemanden, der erstens keine Zielgruppe für Bars im Allgemeinen ist und zweitens nicht darauf achtet, wo überhaupt Bars sind. Ich kann dir genau eine Bar in Bremen nennen, weil ich in der schon mal war. Das war auf einem Date vor vielen Jahren. Und ich weiß noch nicht mal mehr, ob es die noch gibt. Also, ich kann es dir nicht beantworten. Aber ich vermute mal ja. Ich vermute ja, aber ohne Garantie. Weil ich es echt nicht sagen kann. Du hast die Arbeitsschuhe von Würth, die sind der Hammer. Auch bei Eis klebst du am Boden. Würth habe ich zumindest schon mal als Marke gehört. Die sagen mir was. Also, zumindest das. Ich glaube, ich kenne das Logo von denen.
Aber ich bin halt, was Schuhe angeht, ne, im Sommer Flipflops. Immer, wenn es auch nur so halbwegs irgendwie möglich ist, dann trage ich Flipflops. Und ansonsten habe ich Sneaker an. Oder irgendwas Flaches. Irgendwas Flaches, wo man auch einfach so rein oder rausschlüpfen kann, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise Schnürsenkel binden muss oder sonst was, ne? Hauptsache schnell rein und raus. So. Wenn war gestern sehr perplex, da ihr in der Bar rauchen konntet, dann NRW, da du in NRW überall raus musst zum Rauchen. Okay. Okay. Nee, aber ich kann's, ich weiß, ey, also keine Ahnung, ob sie noch gibt. Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Also ich weiß, dass ich in der Bar, wo wir damals waren, ne, von der ich gerade gesprochen habe, da konnte man drin rauchen. Da habe ich auch noch geraucht. Aber ich muss auch so ganz ehrlich für mich sagen, ich bin kein Fan von Raucherbars. Also selbst wenn es geht, ich würde da tatsächlich gar nicht reingehen, weil ich nicht will, dass meine Klamotten nach Rauch stinken. Also, das ist... Und das ist nicht erst eine Sache, die kam, seit ich auf Dampfen umgestiegen bin. Das ist tatsächlich schon eine Sache, die ich davor auch eigentlich gemieden habe, wenn es irgendwie geht. So eine Raucherbar ist halt... Ew. Es stinkt halt wirklich alles danach. Und da bin ich echt, da bin ich echt kein Fan von. Wie gesagt, war ich auch als Raucher schon nicht. Weil selbst da war das schon nicht so prickelnd. So, zack. Das muss ein bisschen gerader werden hier. Ein bisschen. Ja. Ich bin geistig 12. Ihr wisst warum, oder? Mehr sage ich nicht dazu. Was? Wie mache ich das hier fest? Warum mache ich das hier fest? Ach, so rum. Okay. So rum. Verstehe. Hallöchen, Andi. Neues Lego-Set. Ja. Ich sollte das mal ganz kurz in die Kamera halten. Wir bauen das. Finde ich einen Winkel, wo kein Scheinwerfer drauf strahlt? Das. Also ohne Thanos, aber... Ja, und wir sind gerade bei Schritt 4 von 14. Also... Das dauert noch eine Weile. Aber es ist super, es baut sich echt richtig gut. Also so kurzes Zwischenfazit, rein vom Bauen her, total geil. Macht richtig, richtig, richtig Spaß, dieses Set hier gerade zu bauen. Und natürlich mit euch zu quatschen währenddessen, ne? Also, hallo. Mal so ein bisschen Süßholz raspeln für den Chat. Ihr seid ja auch ein ganz, ganz großer Teil dessen, ne? Und ihr habt das hier ja auch erst möglich gemacht, deswegen an der Stelle auch nochmal Dankeschön, ne? Ihr habt dieses Set hier tatsächlich finanziert und diesen Stream, da dürft ihr euch einmal selbst auf die Schulter klopfen, wenn ihr wollt, aber das ist euer Verdienst. Ohne sehr spendable Menschen hätte es diesen Stream so nicht gegeben. So. So rum? So rum, ja, okay. Okay, verstanden. Hier ist es gang und gäbe, dass du einen Raucher- und Nichtraucherbereich hast, in so gut wie jeder Bar. Ja, okay, das mit den Bereichen, glaube ich, das ist, glaube ich, hier ausgestorben. Also so ziemlich. Sicher bin ich mir nicht, aber das habe ich schon noch länger nicht mehr gesehen. Aber selbst da hast du ja teilweise ein bisschen das Problem, ne, dass das einfach, du stinkst halt trotzdem nach Rauch, wenn du da in diesem Raucherbereich drin bist und so.
Und ich mag einfach diesen Rauchgeruch. Also ich kann ihn auch einfach echt nicht mehr ab. Gar nicht mehr. Warte mal, das stimmt nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Oh, ja. Ich habe das hier... Nee, das hier. Eins zu weit außen gesetzt. Okay, cool. So rum also. So rum. Ihr habt es finanziert, heißt jeder geht es zu Benny und bekommt den Stein davon? Nee. Ich bezahle in Content und in Gesprächen. Und, ne, es ist, Snowy, du hast doch was falsch verstanden, ne? Es ist, das passt nicht so ganz, was du dir da gerade vorstellst. Das tut mir leid, aber nee. So läuft das nicht. Was, ich bringe dich auf Ideen wegen Süßholz? Du hast noch Chili-Lakritze-Autos zum Naschen. Also, lass es dir schmecken, aber Lakritz. Ich kann Lakritz nicht ausstehen. Es gibt wenig Sachen, die ich gar nicht ab kann, aber Lakritz ist tatsächlich eine davon. Ich weiß, hier im Norden ist die relativ verbreitet und ich verstehe es einfach nicht, warum. Aber so, je weiter du in den Süden kommst von Deutschland, also ich kenne tatsächlich niemanden aus meinem Bekanntenkreis aus Bayern, der oder die Lakritz in irgendeiner Form mag. Das ist, das geht irgendwie gar nicht. Also Lakritz, da scheiden sich sämtliche Geister dran. Ich suche ein Teil. Ach so, ich habe nach der falschen Farbe gesucht. Das war mein Problem gerade. Alles klar. Keiner riecht gern wie ein Aschenbecher. Ja, ich hab das gemerkt. Ne? Ich bin ja irgendwann von Rauchen auf Dampfen umgestiegen. Und irgendwann komme ich nach Hause. Das war noch gar nicht so lang. Da habe ich ein paar Monate lang oder so gedampft. Und offensichtlich, ne, also Nase und Geschmack und sowas in der Richtung, das erholt sich ja dann auch relativ flott. Also man merkt sehr, sehr schnell, dass man intensiver schmeckt, besser riecht. Und irgendwann bin ich heimgekommen, habe gerade meine Wohnungstür zugemacht und es hat nach Rauch gestunken in meiner Wohnung. Und ich war erstmal total perplex. So, warum stinkt es bei mir? Ich habe alles erstmal so grob abgesucht, ob nicht möglicherweise irgendwo ein Funke oder so durchgeschlagen ist und hier gerade kurz, die Wohnung kurz vorm Brennen war. Oder sowas in der Richtung. Nee, hat sich herausgestellt, dass meine Jacke, die ich letzten Winter quasi getragen hatte, dass ich die seitdem nicht gewaschen habe. Und da noch der Rauchgeruch drin hing. Also, das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, so, oh, okay, ja, geil. Nase, du arbeitest. Offensichtlich auch so, wie du arbeiten solltest. Das war so ein kleiner Aha-Moment nach dem Wechsel. Okay, ich weiß noch nicht genau, was das hier wird, ne? Das A, das Avengers A. Von Content und Gesprächen kannst du dir keine Brötchen kaufen. Ich schon. Ja, deswegen, also nee, das ist nicht der Grund, warum ich streame. Das ist, stopp. Das war jetzt, das wäre jetzt gleich ganz in eine gänzlich falsche Richtung gegangen. Nee, das ist absolut korrekt, aber das kannst du dir auch sonst nicht von dem Content hier. Also, würde mich zumindest sehr wundern, wenn. Und falls ja, erzähl mir bitte wie. Okay, das hängt jetzt hier vorne dran. An der Tragfläche. Alles klar, verstanden. Ja, ich bin gespannt. Das ist ein ganz schräges Bauteil, dieses A-Ding, was da gerade drin war. Gleich zweimal, ne? Hallöchen, Legoman. Hallo, ein wunderschön. Lakritz ist doch voll lecker. Ja, es ist halt, ne, ich weiß es nicht warum, aber nee, geht gar nicht. Ich verhungere lieber, als dass ich Lakritz essen würde. No shit. Selbst wenn ich wüsste, dass das Einzige ist, was mich satt macht.
Also, das geht halt wirklich einfach überhaupt gar nicht. Und andere können sich da reinlegen und quasi und das genießen und was weiß ich. Das ist, huiuiui. Deiner Meinung nach machen die Nachbarn Norwegen die besten Lakritzprodukte? Kann sein, kann sein. Twilly mag Lakritz. Du bist schon wieder zu südlich, glaube ich. Ne, es ist halt einfach eine Geschmackssache. Ich kann es halt nicht ab. Also ich kenne auch tatsächlich persönlich niemanden, der oder die das ab kann. Aber ja, ne, Geschmäcker sind halt einfach so dermaßen unterschiedlich. Gibt auch viele Leute, die keinen Rosenkohl mögen. Ich mag Rosenkohl, weil der durchaus lecker ist. Aber, ne? Oder Marzipan ist auch so eine Sache. Ganz viele Leute mögen kein Marzipan. Kann ich null nachvollziehen. Weil Marzipan ist einfach mega geil. Aber das sage ich aus meiner Warte raus, ne? Andere würden mir dafür wahrscheinlich gerne an die Gurgel springen. Keine Ahnung. Kalter Rauch ist echt übel. Ja, das ist richtig krass. Gebe ich dir die Spendenquittung? Dann probierst du mal was. Welche Spendenquittung? Es gibt keine Spendenquittung. Ich kann ja keine Spenden annehmen. Das ist, ne? Das wäre ja schön, wenn ich irgendwie Spenden annehmen könnte und als Verein gelten würde. Vielleicht sollte ich einfach den Benny e.V. gründen. Das wäre auch in der Steuer, glaube ich. Nee, warte mal. Ich glaube, Steuern für Vereine sind noch komplizierter als für Streamer, die das nebengewerblich machen. Wobei kompliziert ist jetzt auch so eine Aussage, die jetzt nicht so ganz richtig ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber so. Okay. Ah. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir jetzt dieses Ding da eingedingst haben. Was für unseren riesen Tech-Talk? Sollst du dafür alle Parteien sammeln oder teilen wir die auf? Sammel mal für alles. Also, ne, schick durch, was du irgendwie finden kannst. Achso, doch. Passt. Und ein weißes Nupsi. Stella liebt Lakritz. Bei Anni geht nur dieses Haribo-Mix mit Kokos. Oh, das geht halt noch weniger, weil Kokos. Also ich mag Kokos an sich, aber nicht so konzentriert und übertrieben. Das ist ja noch das, was ich am wenigsten mag, ne? Du kriegst bei dir keinen Lakritz. Marzipan magst du auch sehr und Rosenkohl hast du noch nie gegessen. Aber Rosenkohl ist also, ne, wenn man ihn mag, schon lecker, ne? Aber gut, das ist halt immer die Voraussetzung dafür. Wenn man es mag, ist es lecker. Wow. Wem erzähle ich das? Beste Argumentation immer. Wenn man es mag, dann mag man es. So, wie kann man Marzipan nicht mögen? Ja, ich verstehe es auch nicht. Amy. Marzipan geht auch nur so halb, nur ein Mix mit Nougat-Schoki. Also so Baumstamm-Marzipan, außen Schoko, innen Nougat-Kern. Ja, aber wenn außen Schoko und innen Nougat ist, wo ist das Marzipan? Wo ist das Marzipan? Nee, Marzipan ist bei mir echt so, diese Marzipan-Kartoffeln, die es immer so zur Weihnachtszeit gibt, die sind geil. Die sind geil, da konnte ich mich einfach reinlegen. Die sind so geil. So gut. Das wirkt nicht richtig, was ich gerade getan habe. Warum wirkt das nicht richtig? Weil ich es falsch gebaut habe. Eins zu weit links nämlich. So. Jetzt. Okay. Die Subs als Spenden versuchen bei der Steuer angeben. Mal schauen, was die sagen. Ja, Snowy, das ist grundlegend so eine Misskonzeption, die, glaube ich, eine, weiß nicht, ist das ein deutsches Wort? Ich kenne das englische Misconception an der Stelle.
die, glaube ich, viele Streamer haben am Anfang. So von wegen, ja, ne, ich empfange ja nur Spenden, ich muss ja keine Steuern zahlen. Doch. Leider schon, weil das keine Spenden sind. Das ist ein finanzielles Interesse, das du da hast, wenn du irgendetwas anbietest, wo Leute zahlen können. Und dementsprechend zahlst du auch ganz brav Steuern dafür. Aber hey, ist genau die gleiche Sache wie mit einem Impressum, das man auch braucht, wenn man irgendeine Art von redaktionellen Content, und das hier ist quasi redaktioneller Content, auch wenn es nicht so wirkt, im Netz bereitstellt, der den eigenen kleinen privaten Kreis verlässt und in der Öffentlichkeit steht. Ne? Und das hier ist in der Öffentlichkeit, dementsprechend hat man auch Impressumspflicht, was auch viele Leute nicht wissen. Und ich sage mal so, wenn ich mich jetzt mal auf Twitch umschauen würde, könnte man wahrscheinlich locker 3/4 der deutschen Streamer und Streamerinnen einfach wegkicken, ne? deren Kanäle löschen lassen, weil sich einfach niemand um die rechtlichen Grundlagen und so Sorgen macht. Ich behaupte, das ist mal sehr pauschal, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich mit dieser Schätzung gar nicht mal so weit ab vom Schuss bin. So. Wenn du gemeinnützig bist, ist es easy. Ja, wahrscheinlich. Aber als Einzelperson kannst du nicht gemeinnützig werden und einen Verein kannst du auch nicht mit einer Person gründen. Glaub mir, ich habe das schon nachgeschaut. Du meinst ja für dich deine Subs, die du zahlst, absetzen, nicht ich meine Einnahmen. Ja, aber das geht ja nicht, weil ich kann dir keinen Spendenbescheid geben, weil ich bin nicht gemeinnützig. Also. Ich bin nicht, so funktioniert es leider nicht. Leute, hier ist vom ersten Sticker die Rede und ich habe keinen Sticker. Ich weiß nicht, wo der Sticker sein soll. Aber hier wird von dem Sticker gesprochen. Die Anleitung sagt Sticker. Ich habe keinen. Jetzt ist die Frage, wo ist der? Wo? Oh, warte mal. Die Sticker sind doch sicher. Ha! Sticker. Sehr schön. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Wenn ich mich als freiberuflicher Künstler eintrage, entfallen viele Pflichten, besonders wenn ich in der KSK lande, Künstlersozialkasse. Ja, dafür müsste ich aber nicht nur freiberuflich, dafür darf ich nicht nebenberuflich sein. Das ist dann Hauptberuf, ne? Soweit ich weiß. Also, weil, ne, gerade in der KSK, und da ist es gar nicht so leicht. Also ja, du kannst in die KSK als Streamer kommen. Die sagt mir was. Aber das ist richtig, richtig schwer. Die nehmen dann nicht einfach jeden auf. Das ist ein exklusiver Club. So, ich versuche mal diesen Sticker hier schön gerade drauf zu kleben. Gut, er ist nicht 100% zentriert, aber das passt. Das passt. So. Da die Twitch-App gerade mal wieder den Dienst quittiert hat, hast du nur mitbekommen, such mal für alles. Ja, recht viel mehr kam da auch nicht mehr danach. Das ist relativ schnell zusammengefasst. Da kam nicht mehr viel danach. Also. Das ist in Ordnung so. Bei Süßigkeiten weiße Schoki, ja, mega. Nougat Schoki, süßes Popcorn, Salzchips und Eis, halt Haselnuss. Oh. Da kannst du mich fast mit der Hälfte von jagen. Ich bin einfach nicht der süße Mensch. Weiße Schokolade, sofort. Sofort. Pure Schokolade, gar nicht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Die muss mit irgendwas versetzt sein. Bestenfalls in einem Keks. Also, wenn da ein Keks mit im Spiel ist, dann bin ich auch bei Schokolade dabei, aber ansonsten nicht. So. Und ansonsten
Ansonsten süßes Gedöns. Da gibt es nicht viel, was mich wirklich jetzt irgendwie begeistern würde. Ich habe mich schon wieder verbaut, ich Depp. So. Schon wieder um 1 versetzt. So Kinder-Schokoriegel oder so, die sind noch geil. Aber das ist ja auch nicht wirklich Schokolade oder so. Schokobons. Also die Richtung. Das ist noch ziemlich nice. Aber ansonsten bin ich echt, was Süßigkeiten angeht, echt so. Ist halt überhaupt nicht meins. Popcorn mag ich auch nicht sonderlich. Haselnusseis auch nicht, wenn ich jetzt mal da konkret drauf gehe. Salzchips liebe ich. Aber ja. Brokkoli hat auch so einen schlechten Ruf, du magst das Zeug. Brokkoli ist lecker, ja. Brokkoli ist super. Zwischen Außen Schoki und Nougatkern ist schon eine ordentliche Ladung Marzipan. Ach so, okay. Ich habe mich schon gefragt, wo die Marzipan, wo das Marzipan ist in deiner Aufzählung, weil das hat halt gefehlt. Lindt, Schoki, Vollmilch, Peanut Butter, Chunks, Eis, Gummibärchen. Oh, Gummibärchen mag ich auch gar nicht mal so. Nur einzige. Immer schön 30% wieder abziehen von den Einnahmen. Traurig, aber wahr. Ja, ist so, ja. Leider. Leider. Du dachtest, was? Du dachtest, dass ich dachte, dass ich dem Chat erzählt hatte, was wir davor haben. Nee. Das, so weit bin ich noch nicht. So. Kaffee. Oh, bitte, Alter, ich beneide dich. Ich hätte auch so gerne Kaffee, aber es geht nicht. Für alle, die sich fragen, warum, meine Kaffeemaschine ist kaputt. Und ich hasse es. Seit heute. Die Pumpe pumpt nicht mehr. Und ich habe keine Alternative. Ich habe nur diese eine Kaffeemaschine. Ich habe nicht mal irgendwas zum Filtern da. Also, ne. Kaffeemaschine kaputt ist bei mir tatsächlich so ein kleines Drama. Die neue kommt am Mittwoch. Also ich habe schon bestellt. Ich habe schon für Ersatz gesorgt. Küchenrolle, das geht als Filter. Ja, da habe ich dann keinen Kaffee dafür. Ne, ich habe ja nur Pads. Ich habe ja nur Pads. Und, ne. Einen Kaffee habe ich heute noch rausbekommen mit Mühe und Not. Den zweiten wollte sie dann nicht mehr. Da ging dann gar nichts mehr. Die Pumpe hat einfach gar nichts mehr gemacht. Also wirklich, nö. Leider nein. So, weiße Schokolade an sich ist keine Schokolade, ist ja kein Kakao drin. Das ist richtig. Das ist aber auch total geil. Also, und ja, es ist doch so quasi die süßeste Schokolade, die es gibt. Das macht nicht so viel Sinn. Ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt, aber es muss ja auch keinen Sinn ergeben, ne? Das ist das Gute daran. Es muss ja keinen Sinn ergeben. Halten wir einfach fest, Schokolade, nö. Außer weiße Schokolade. Weiße Schokolade liebe ich abgöttisch. Weil die ist einfach nur geil. Also wenn süß, dann darf auch echt richtig süß sein. Was nämlich dann wiederum geht, sind zum Beispiel belgische Pralinen. Und belgische Pralinen sind einfach nur der Hammer. Einfach nur, weil die einfach nur süß sind. Die sind so süß. Oder diese Haferkekse von Ikea, die sind einfach... Ich glaube, das ist der pure Zucker. Und das Haferzeug ist da drin, nur damit es ein bisschen Farbe hat in der richtigen Richtung. Also, geil. Mega gut. Erfolgreicher Filmabend mit Benny anstatt Chips, Spare Ribs und Chicken Wings? Oh, die Chips dürfen schon auch noch, ne? Heißes Wasser über ein Pad kippen, das sind doch auch nur Filter? Ja, aber ich bin nicht sicher, wie gut das funktioniert, weil die brauchen ja Wasserdruck. Aber ich könnte es mal probieren. Ich hatte es gestern schon angedeutet, dass die Kaffeemaschine nicht mehr die beste ist. Ja, ich hab's verflucht. Ich hab's wirklich verflucht. So, Leute, sagt mir mal, wer das ist. Ihr kennt euch doch bei Marvel aus, ne? Wer ist das?
Das ist halt echt kacke, dass meine Kamera hier der Meinung ist, dass sie das nicht fokussieren will. Hier. Who dis? Wer ist das? Ich bin nicht sicher. Loki? Nee, weibliches Gesicht. Ich dachte auch erst Loki, aber nee. Und Guardians, ne? Guardians. Das ist auch noch so eine Sache. Das könnte die mit den Fühlern sein, aber das ist Mantis? Ja, genau, Mantis, ja. Aber die hatte doch nie so einen Anzug an. Die war doch, weiß ich nicht, die war doch anders. Weil ich sag mal so, wenn ich da so drauf gucke, ich sehe nicht unbedingt Mantis da drin. In dem, was dieser Anzug zeigt. Das wirkt für mich schon noch ein bisschen... Keine Ahnung. Nee, nicht auf mein Gesicht fokussieren. Danke. So. Also... Ja, keine Ahnung. Könnte Mantis sein, ja. Macht, glaube ich, noch am meisten Sinn gerade. Aber hey. Die weiße Rittersport mit Crispy ist ab und an mal ganz gut, aber sonst bist du kein Fan von weißer Schoki. Oh, diese weiße Rittersport mit Crispy. Oh. 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 Die ist einfach... Oh. Von der konnte ich mich halt auch komplett ernähren, ne? Die ist so gut. So, aber wie hat Nico vorhin schon so schön gesagt, ich bin auch, nicht nur meine Füße sind komisch. So. Ich könnte, das ist sie. Ja. Ja. Moment. Oh. Ich hatte irgendwie ihre Klamotte anders in Erinnerung. Okay, ja gut, dann ist das Mantis. Shit, wie kam ich aus dem Fullscreen? Ja, genau. Browser über Maus bedienen ist so ziemlich das Schlimmste. So, jetzt. Hervorragend. Gut. Läuft. Ja, dann haben wir offensichtlich Mantis da drüben stehen. Passt. Aber Loki wäre auch cool. Ist eigentlich schon irgendwas bekannt, wann die zweite Loki-Staffel beginnt? Weiß das jemand? Weil das ist eine der wenigen Marvel-Serien, die ich von vorn bis hinten einfach durchgesuchtet habe. Weil unglaublich gut. Also wenn ihr Disney Plus habt und halbwegs auf das Marvel Cinematic Universe steht oder so, und ne, auch nur so halbwegs irgendwas damit anfangen könnt, schaut euch Loki an. Die Serie ist so gut. Holy shit. Richtig geil. Stopp! Das war die Druckanzeige von der Kaffeemaschine. Habe ich genau gesehen. Die wäre fast abgehauen. Ne, die hat das Schicksal meiner Kaffeemaschine gehört und wollte sich einfach aus dem Staub machen. Wow. Unglaublich, wenn sogar eine Lego-Kaffeemaschine, wenn sogar ein Lego-Kaffeemaschinenbauteil Mitleid mit der echten Kaffeemaschine hat. Und ich kann ja nicht mal was dafür. Die ist halt einfach alt. So. Die ist halt einfach alt geworden. Ne, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Ne? Die hat ihren Dienst durchaus getan. Ist halt nur ein richtig, richtig beschissenes Timing gerade. So, nächster Sticker. Die Nummer 6. Das Ding hier. Sticker. So, bei dem sieht man, wenn ich ihn schief aufklebe. Das ist natürlich großartig. Deswegen bitte nicht schief aufkleben. Ja. Okay. Oh, wow. Als wäre es so schon immer gewesen. Ich finde, das ist... Kann die Kamera das scharf stellen? Nee. Oh, doch. Ja, man sieht es nicht so wirklich. Rittersport rum. Ich überlege gerade. Nee, die mochte ich nie sonderlich. Mit dem Rumgedöns konnte ich relativ wenig anfangen.
Zack. 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 Und so. Okay, sehr cool. Clip. 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 Und Clip. Und Clip. Soll wohl im Laufe dieses Jahres rauskommen, hast du gelesen? Oh, das wäre mega. Das wäre richtig gut. Also die Serie ist einfach so geil. Wie gesagt, schaut die an, wenn ihr Disney Plus habt und auch nur halbwegs das Marvel Cinematic Universe oder so mögt. Weil die Serie lohnt sich wirklich. Eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Na, wo ist es? Das hier ist es. Da. Und da. Genau. Passt. Jetzt werden schon Kaffeemaschinen gemobbt. Frechigkeit. Nee, Kaffeemaschinen werden nicht gemobbt. Die ist einfach kaputt. Also, ne, das ist ein Tatsachenbericht an der Stelle. Da gibt's nichts mehr zu mobben. So. Mal geht so eine Rumtraube Nuss, aber Schoki mit so alkoholischer Note findest du nicht so lecker. Ja, same. Wobei mal ein Mancherie auch geht. Nee, Mancherie mag ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Ich finde, nee. Das ist, da ist bei mir auch einfach geschmacklich wieder vorbei. Mancherie ist so, Warum Monitor? Warum? Warum ist der gerade ausgegangen und wieder an? Nvidia, du machst jetzt ein Treiber-Update, ne? Jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das ist uff. Deine Mutter hatte sich eine Kapselkaffeemaschine bei Hofer, Ali für 20 € gekauft. Ihr dürftet euch einmal im Jahr eine neue mit Garantie holen. Du hast jetzt eine Tassimo geholt, weil du nicht immer wieder in den Laden rennst, um eine neue Maschine zu holen. Ja, aber so eine Kapselkaffeemaschine für 20 €, das schreit ja eigentlich instant oder eigentlich sofort danach mit, oder das ist ja, hallo, ich gehe kaputt, hallo, ich gehe kaputt, hallo, ich halte nicht lang. Wie soll denn das funktionieren? Also, ui. Ne, ich habe mir jetzt wieder eine Senseo gekauft, aber nicht mehr quasi die gleiche Bauform, sondern eine etwas aufwendigere Bauform, könnte man so sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ich wollte mir eigentlich die viereckige kaufen, weil ich die von meiner Family kenne. Die hatten sie aber nicht lieferbar. Deswegen habe ich jetzt einfach eine andere genommen. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ach so, andersrum. Oh, das ist ein Vorderteil vom Flügel. Ja, ich erkenne es. Das ist ein Vorderteil vom Flügel. Das kommt irgendwo hier so da dran. Keine Ahnung wo. Aber ja, das habe ich schon mal gesehen. Kaffeemaschinen mobben oft zurück. Eure ist hier gerade ausgegangen und gefragt, was? Oh je. Und Loki ist echt eine sehr gute Serie. Oh ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Und selbst wenn man nicht mit dem Marvel und Universe irgendwas anfangen kann, selbst dann ist die Serie cool. Weil es braucht nicht wirklich Vorwissen, würde ich jetzt mal so behaupten. Es hilft natürlich, wenn man Charaktere kennt, aber ich würde sagen, man braucht nicht unbedingt Vorwissen dafür. So. Zack. Okay. Ihr habt gerade Picard Staffel 2 zu Ende geguckt. Freust dich schon auf Staffel 3. Hast ja sonst nichts mit Enterprise und Co. zu tun, aber Picard als Serie magst du sehr. Das habe ich auch schon öfter gehört, dass die Serie doch recht gut sein soll. Ich habe ja auch mit Dingens gar nichts am Hut.
Also mit Enterprise. Ich bin da ja auch, was das angeht, quasi komplett unwissend. Ach so, da gehört das dran. Dafür ist dieses Nupsi hier. Oh. Ja, und jetzt hier. Okay. Wir haben mehr oder weniger eine Art, weiß nicht, ist es eine Landeklappe? Sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist das ein Vorderteil vom Flügel, und zwar von dem hier. Also, das wird dann später mal so da irgendwie dran geklebt. Das ist cool. Das ist cool. Nice. So. Ich lege das mal hier so drauf. Ach so. Nee, ich lege es nicht da drauf, weil wir genau das Bauteil jetzt wieder brauchen. Gut. Sehr schön. Du bist froh, dass das anderen auch passiert mit den Monitoren. Bei dir ist es 100% statische Aufladung. Ab und an werden die Monitore kurz schwarz, wenn du mit dem Stuhl rumrutscht. Aber ich bin nicht mit dem Monitor rumgerutscht. Der einzige Unterschied von diesem Monitor zu denen ist, der hängt über HDMI an der Grafikkarte. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe ja nichts hier. Ist nichts statisch. Und das passiert sonst nie. Aber warum? Das, keine Ahnung. Das muss irgendwie ein Fehler in der Matrix sein. Das ist, also ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, ne, Andi, über statische Aufladung. Und, aber hier ist nichts statisch aufgeladen. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ach, keine Ahnung. Was weiß denn ich? Das ist einfach nur sehr, sehr, sehr merkwürdig. So. Das ist einfach meine positive Energie. Das ist aber... Das ist ein... ja. Ist die so positiv? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, ich versuche es zumindest, positive Energie auszustrahlen. Und nichts zu negativ zu nehmen. Weil ich irgendwann in meinem Leben gelernt habe, das zieht mich runter. Deswegen... So. So, und wo kommt das Ding hin? Da unten, okay. Okay, also die Flügel werden ganz schön massiv von dem Ding, ne? Schreibtischrollen auf dem Boden. Du hast auch Stoffbezug, vielleicht liegt es auch daran. Kunstlederbezug und Schreibtischrollen auf so einem komischen Rolldingens, damit der Boden geschont ist. Wobei sich das, glaube ich, noch nie im Leben in irgendeiner Art und Weise statisch aufgeladen hat. Bei dem Vollplastik, was es ist. Ich weiß es halt wirklich nicht. Kein Plan. Vielleicht habe ich Funkenflug. I tried so hard and got so far, but in the end, Benny was too positive. Ja. Ja, das ist halt einfach so eine Sache, die ich irgendwann in meinem Leben gelernt habe. Wenn du irgendwie immer nur das Negative siehst und so, dann übernimmst du diese Einstellung. Und deswegen versuche ich tatsächlich aktiv immer das Positive irgendwo rauszuziehen. Weil ansonsten, glaube ich, würde ich einfach selbst daran kaputt gehen. Und dann ist halt auch, dann ist mir nicht geholfen, dann ist niemandem geholfen. Was das angeht. Und ja, früher war ich deutlich negativer, was das angeht. Und wenn ich es nicht ändern kann, dann gehe ich halt auch sehr, sehr schnell in so eine, ja gut, ne, dann ist es halt schade, ne, in so eine Stellung, mehr oder weniger, was das angeht. Auch nicht immer das Beste, was man tun könnte, aber zumindest ein Mechanismus, mit dem ich persönlich gut zurechtkomme. Und in Kissenschreien, Leute. In Kissenschreien ist einfach der Shit. Wenn euch was nervt, schnappt euch ein Kissen. Geht auf Twitter, klickt auf den Trend, schnappt euch ein Kissen. Sowas in der Richtung. Voll gut. Voll gut. Und halt irgendeinen Ausgleich schaffen. Ne? Man muss halt irgendetwas... Ne, man muss halt irgendetwas finden, um sich halt auch irgendwie im Lot zu halten. Genau, das ist es eigentlich. So. Du
du findest das sehr übergriffig für den Monitor. Wenn man den Aus- und Anknopf drückt, geht es normal weiter. Macht man das nicht, geht er wie verkündet aus. Was? Moment. Achso, auf der Arbeit erscheint ein Fenster, wo der Monitor ankündigt, dass er gleich ausgeht, während man tippt. Drück mal einen anderen Knopf auf den Monitor. Das ist nämlich meistens ein Energiespar-Setting, das man ändern kann, böse Alte. Das kann man im Normalfall überschreiben. Pass auf, dass es nicht zu Toxic Positivity wird. Nein. Das ist, die mag ich selbst nicht. Also, nee. Also ein gewisser, ne, ich bezeichne mich im Normalfall eigentlich auch mehr als Realist als alles andere. Ich bezeichne Dinge halt auch oft als das, was sie sind. Oder sowas in der Richtung, aber manchmal hilft halt einfach nur drüber lachen und weitermachen. Weil man kann sowieso sofort nichts dran ändern. Und bevor ich mich dann irgendwie stundenlang über Dinge aufrege, ja, ne, dann mache ich halt lieber weiter. Also so in die Richtung. So, das war der dritte Sticker, den wir aufgeklebt haben. Das Set hat ganz schön viele, wie es ausschaut. Ja, gucken wir mal. Ich weiß, die ganzen Lego-Fans und so, Sticker, geht gar nicht, tralala. Mir ist das sowas von egal. Ihr kauft bald den Boxsack. Oh, überlegt hatte ich das auch schon mal, ne? So ist es nicht. Einfach irgendwas, wo man mal gnadenlos draufschlagen kann, ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. So vom Gefühl her. Ja, überlegt hatte ich das auch schon mal. Aber ich glaube, ich bleibe dann doch eher bei den Hunderunden. Weil die geben mir unglaublich viel zurück. Da kann ich mich dann, also, je mehr ich mich über Dinge aufrege, desto länger werden die Hunderunden. So könnte man es ungefähr auch bezeichnen. Oder des Öfteren mal. Wenn ich wieder irgendwie, weiß ich nicht, 4 Stunden unterwegs bin mit Hund, dann war irgendwie da irgendwas dabei, was richtig kacke war. Mario hat sich schon gefragt, wo der hängen soll. Das wird auch ein Ausgleichswerkzeug. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt 2 Arten von Monitoren. Die einen geben keinen Feuchten drauf, wenn du sie fallen lässt. Und die anderen zicken rum, sobald das Kabel nur 2 Grad versetzt ist. Ja, mir sind die ersteren lieber. Deutlich lieber. Weil was will ich mit dem Monitor, der mich einfach die ganze Zeit ärgert? Ne? So. Aha. Okay. Warte. Oh. Verstanden? Glaube ich. Das gehört hier dran. So, das hier wird wahrscheinlich auch eine Stelle, wo ich jetzt gerade baue, wo wir später mal ein Kabel durchziehen müssen. Oh je. Oh je. Das mit den Kabeln wird echt wieder lustig, glaube ich. Im Sinne von huiuiui. Warum kaufe ich da auch ein Beleuchtungsset dafür, ne? Bin ich ja selbst schuld. Aber es sieht halt geil aus. Und ne, wenn was geil aussieht, dann ja. Kann ich da halt auch nicht einfach so Nein sagen. Das klappt halt auch nicht. So. So langsam sieht das hier aber auch echt nach Flügel aus. Richtig cool. Sehr, sehr gut. So. Sehr, sehr gut. Mhm. Da. Und da. Und 1 und 2 davon. Wo kommt das hin? Hier. Zack. Zack. Mhm. 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 Oh. 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 Wir verbinden. Please hold the line. Wir verbinden sie. Sagt bitte nichts. Ich weiß selbst, dass der unglaublich schlecht war. Was? Wo muss das ran? Wie muss das ran? Irgendwie so. Aber, hä?
Ach so, warte mal. Nach oben, oder? Oh, verstanden. Oh, ja, okay. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. So, das hier dran und das hier oben drauf. Ah, ja. Okay. Das ist noch nicht fest. Nicht mal ansatzweise fest. Der hatte hier drüben jetzt auch ein ganz, ganz deutliches Übergewicht. Ich habe das gerade gemerkt, als ich losgelassen habe. Hui. Monitor, ich gehe jetzt dreimal schnell an und aus, weil weil das Chi hier im Raum so schlecht ist. Benny, sag mal, Monitor, ich habe gehört, du willst Bekanntschaft mit der Wand machen, ohne Wandhalterung. Das ist ja nicht mal eine Wandhalterung. Siehst du den Pfosten da hinterm Stream Deck? Ich hätte so gerne eine Wandhalterung für 3 Monitore. Das Problem ist nur, die kostet 200 beschissene Euro. Ne? Gefunden habe ich die schon, die ich gerne hätte. Aber die ist so teuer. Die ist einfach so teuer, diese Wandhalterung. Aber geil wäre die. Also, die wäre richtig sexy. Weil dann hast du hier komplett frei, was das angeht. Muss ich das Set eigentlich auch erst wieder komplett zusammenbauen, um es wieder auseinanderzubauen? Ja, so funktionieren die Beleuchtungssets leider. Ne, die Lego-Konkurrenz hat ja manchmal Sets im Angebot, wo du die Beleuchtung direkt von Anfang an mit einbaust, weil die ja von Anfang an bedacht haben. Da gibt es auch 1, 2 Sets, die ich richtig, richtig geil finde und auf die ich echt Bock hätte. Aber hier bei Lego-Sets, ne, das ist ja leider ist das so. Leider ist das so. Aber das ist, ne, ich habe das Beleuchtungsset vorhin gezeigt, das ist diesmal überschaubar, glaube ich. Also, das Ding ist sehr, sehr, sehr überschaubar diesmal. Ich hoffe nur, dass die Kabel ein bisschen länger sind bei dem Hersteller. Weil das war das letzte Mal schon ein bisschen sehr knapp gefühlt. Hier dran, oder? Jo, da dran, da dran, da dran. Ich frage mich, wann wir hier den Innenausbau machen, weil so langsam wird das eng da drin für meine Finger. Das ist jetzt doch eher so, dass ich Wurstfinger habe, statt grazilen kleinen Greifwerkzeugen. Also, ja. Es könnte jetzt schon langsam ein bisschen spannend hier drin werden. So. Wir bauen die Kaffeeküche, Leute. Nice. Wir bauen die Kaffeeküche. Ich habe den Becher gefunden. Da. Oh, aber, naja, ohne Kaffee halt, aber. Oh, Kaffeeküche. Sehr schön. Sehr schön. Nun. Alles klar. Jetzt mal. Nee, noch nicht alles klar. Wo gehört denn das Ding hin? Da dran, okay. Jetzt machen wir den Innenausbau. Alter, als hätte ich irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten, ne, für diese Anleitung. Fancy. Der Becher kommt, ach so, der kommt einfach hier drauf. Der steht da jetzt rum. Okay, cool. Gut, ja, dann haben wir jetzt einen Becher eingebaut. Ah, jetzt kommt die Kaffeemaschine. Nice. So, ich brauche dieses Teil. Ich brauche dieses Teil hier. So, das heißt, ich habe das mit dem hier. So, kurz mal am Schreibtisch ausrichten, dass die schön gerade sind. Jawohl. Zack. So rum. Okay. Verstehe. Dann eine Art Hebel. Ach so. Ja. Es passt.
wenn man es richtig rum hindreht, so wie es auch hier in der Anleitung dargestellt ist, dann ergibt auch die Anleitung wieder Sinn. So. Da oben kommt eins von denen hier drauf. Ja. Klick. Sehr schön. Und irgendwo... Oh, wir haben zwei. Wir haben zwei bedruckte Teilchen, zweimal das gleiche. Für wahrscheinlich mehr oder weniger das Display der Kaffeemaschine. Das ist ein bisschen schief. Sei nicht schief. Scheiße. Ja, passt. Okay. Okay, das ist fancy. Das ist richtig fancy. Das zeige ich euch gleich so. Okay. Das ist halt eine richtige Barista-Maschine hier drin. Wo ist die App? Wo? Da. So, jetzt passt mal auf. Da. Hier. Das ist die Kaffeemaschine. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Voll gut. Auch so ganz allgemein. Jetzt zeige ich es euch mal so hier so im Überblick. Also das ist schon... Und das hat auch noch so ein bisschen Innenleben. Oder soll noch so ein bisschen Innenleben haben. Schauen wir mal, wann genau das kommt. Da habe ich schon eine neue Kaffeemaschine. Ja, aber ich bin nicht sicher, ob ich mit dieser Bechergröße wirklich glücklich werde. Also jetzt in diesem Moment könnte ich da hochgreifen, theoretisch. Ja, aber... weiß nicht. Und da haben wir den Sticker. Und ich finde, ich habe den wunderschön geklebt. Ne? Ich weiß nicht, was... Der ist wunderschön geklebt. Die anderen beiden hier auch. Der da und der da. Voll gut. Wie sieht das hier unten drunter aus? Lasst mal gemeinsam schauen. Schwierig. Ich drehe es doch einfach mal so. Hier. Das ist der Mechanismus. Das wackelt hier auch so. Ach so. Oh, okay, verstehe. Alles klar. Ist jetzt ein bisschen... Kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil ich habe nur 2 Hände. Aber warte mal. Ja, da. Seht ihr das? Wie das hier so ein bisschen auseinandergezogen wird? Also diese Traverse hier kann so ein bisschen... Er kann mit den Flügeln wackeln. So. Also, echt sehr, sehr cooles Set bisher. Macht sehr viel Spaß, das aufzubauen. Richtig, richtig gut. Okay, cool. Dann wieder hierher zurück. Dann kann ich hier den Akkufresser vom Handy wieder ausmachen. Und mal wieder einen Schluck trinken. So. Was du überlegst dir gerade, ob du beim Nachbarn klingeln gehst und den fragst, ob er eine Runde drummen will und du im Raum hocken kannst. Das wäre angenehmer als die Geräuschkulisse hier gerade in der Wohnung. Okay. Ja. Okay. Klingt wild, Hexer. Aber man ist nichts anderes von dir gewöhnt. So, Nummer 6. Bauschrift Nummer 6. Cool. Achso, wir haben übrigens jede Menge kleine Ersatzteile hier gerade. Das ist richtig, richtig, richtig ergiebig. 2, 4, 8 Ersatzteile. So. Die Tasse füllt sich. Die Tasse füllt sich. Okay.
Dann ist ja bald Halbzeit. Zumindest was den Aufbau vom Schiff angeht. Oh, was ist das hier? Oh, ich weiß, was das ist. Okay. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Was hinter dem Raumschiff ist noch ein blaues Teil? Du meinst, das hier? Das brauche ich noch. Das ist möglicherweise wichtig. Das ist das, ich habe mich verbaut, Nupsi. Und WB Nika. So. Das hast du nicht erkannt? Ja, das, ne? Wie auch. Wenn die Tasse voll ist, mache ich ein Bauprojekt aus den Reserveteilen. Oh, das wäre spannend, aber das sind halt alles so klein. Es ist halt wirklich dieser totale Kleinmist. Also gerade diese 1x1 Nupsis und sowas in der Richtung. Ich bin nicht sicher, was man daraus bauen könnte. Aber man könnte zumindest, ja, man könnte es probieren, da was rauszuzaubern. Aber ich behaupte mal, die Erfolgschance dafür ist eher so, die ist eher mal nicht so prickelnd wahrscheinlich. So, was in dem Zimmer oben? Ist eine Tür drin in dem Nebenraum. Die haben gerade Die haben die gerade rausgemacht und dann halt zugemauert. Schlagbohrer an dem Samstag ist halt auch was Wildes. Ja, Schlagbohrer sind, nun ja. Schlagbohrer sind toll. Ich lebe in einem Betonbau. Ich kann ohne Schlagbohrer gar nichts bohren. Deswegen finde ich die prinzipiell erstmal super. Aber wenn man sie nicht selbst bedient, sind sie einfach nur super nervig. Das ist durchaus eine Sache, die ich nachvollziehen kann. So, das ist mein erstes Cape, Leute. Das ist mein erstes Lego Cape. Ich habe noch nie so ein Ding gesehen aus der Nähe. Weil wir bauen jetzt Thor. Gott des Donners. Da, ein Stück Stoff. Ein Stückchen Stoff. So, wir haben Füße, wir haben einen Oberkörper, wir haben ein Cape. Na, so, wir haben einen Kopf. Nehmen wir den Angry Thor oder? Ne, wir nehmen den freundlichen Thor, die sind alle freundlich hier. Die sind nicht pisst. So. Jetzt habe ich das Cape schief montiert. Naja, ein bisschen Imperfektion ist immer in Ordnung. So, und lange Haare. Das sieht echt scheiße aus, wenn das Cape schief ist. So, lasst mal gucken. Schön gleichmäßig verteilen das Ganze. Jetzt kann ich hier festmachen. Und jetzt haben wir ein gleichmäßiges Cape. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so wichtig ist. Gut. Thor. Ach so. Thor. Den kann die Kamera jetzt halbwegs scharf stellen, ne? Aber auch nur halbwegs. Warte mal, wenn ich die Hand so mache. Wenn ich so mache. Ah, so kann sie scharf stellen. WTF. Okay, cool. Ja, das ist Thor. Hübsche kleine Figur. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Zack. Dahin. Bekomme ich es eigentlich mit, wenn mein Nachbar 3 Stockwerke unter mir was reinbohrt? Oder ist bei euch eher alles eher isoliert? Also ich bekomme nicht mit. Achso, warte mal. Thor ist noch nicht fertig. Sein Hammer, also es ist seine Axt fehlt. Ups. Nee, ich bekomme von den Nachbarn, was das angeht, relativ wenig mit. Also eigentlich gar nichts. Ich bin auch sehr dankbar dafür, weil das heißt nämlich, dass ich auch selber, sage ich mal, relativ laut sein kann, ohne dass sich jemand beschwert. Also in Richtung, ne, ich gucke mir halt einen Film oder so auf voller Lautstärke oder so an. Aber, also was man hört, ist ab und zu mal, also gerade im Badezimmer hört man Dinge. Weil, nun ja, das Badezimmer, im Bad laufen halt sämtliche Rohre zusammen. Dementsprechend hört man da vor allem die Nachbarn, wenn sie Spaß haben. Aber ansonsten
kann ich mich hier komplett austoben. Das Einzige, was ist, wenn was an den Wänden gemacht wird, sprich, wenn jemand bohrt, dann, nein, das kriegst du voll mit. Wenn hier jemand bohrt, weiß das ganze Haus. Und wahrscheinlich nicht nur das ganze Haus, sondern der komplette Häuserblock. Aber ansonsten ist ein Beton also Betonbau, ne, diese klassischen Betonbunker, die sind halt wirklich gut, was das angeht, weil ansonsten ist da halt wirklich wenig, was man hört. So, musst du auch sitzen oder kannst du stehen? Du kannst stehen, nice. So, jetzt hat er seine Axt. Sehr cool. Also ich kann es tatsächlich, also wenn jemand eine Art Heimkino oder sowas hat oder gerne mal lauter einen Film schaut oder eine Serie oder was auch immer oder auch Musik hören, wobei Musik ist etwas durchdringender als gelegentlich mal ein Bass von einer Explosion. Ich kann es jedem nur empfehlen, zieht in so einen 60er, 70er Jahre so 60er, 70er Jahre Betonbau, weil du hörst halt einfach nichts. Der Beton dichtet den Schall dermaßen weg. Und falls ihr selber abdichten wollt, fallt nicht auf die Marketingversprechen herein von so vielen Schalldingern oder ne, Schallschutz, was weiß ich, Maßnahmen oder so. Wenn das Schaumstoff an der Wand ist, dann hilft der nichts gegen den Schall, der beim Nachbarn ankommt. Absolut gar nichts. Was er hilft, ist die Reflexion in eurem Raum zu verhindern, um den Ton etwas, ne, um weniger Echo zu bieten, weniger Reverb. Aber es hilft nicht dabei, dass der Nachbar weniger hört. So funktioniert leider Schall nicht. Meinen ja ganz viele Leute. Oh, meine Nachbarn hören mich. Es ist so hellhörig. Ich mache mal ein bisschen Schaumstoff an die Wände. Ja, schade, nein. Schade, nein. Das ist nicht, wie Physik funktioniert. So. Wir bauen es, ja, damit ihr wisst, was wir tun. Das hier haben wir alle schon mal gesehen, nur spiegelverkehrt. Wir bauen gerade den Flügel auf der anderen Seite zusammen. Also, ne, damit ihr euch, damit ihr einordnen könnt, was ich hier gerade tue. So. So. Du lebst in einem 60er, 70er Jahre Bunker, du hörst das Poltern der Person über dir recht gut. Was? Ich hat schon eine Ex-Nachbarin ihre Meinung nach durch die Wand gehört. Spannend. Aber ist das Vollbeton? Also hier ist halt wirklich komplett Beton. Hier gibt es nichts, was nicht Beton ist. Und prinzipiell hat Beton durchaus schalldämmende Eigenschaften. Oder habt ihr so viele Rohre in der Wand? Das ist halt hier auch noch so eine Sache. Hier laufen halt alle Rohre zentral an 2 Stellen durchs Haus. Deswegen höre ich auch nur im Bad was, ne? Ist Vollbeton? Spannend. Und das Schaumstoff an die Wände, lieber den Nachbar weg. Ja, das sowieso. Gibt es nicht sowas wie Frauentausch einfach für Nachbarn? Kann man nicht einfach mal Nachbarn tauschen und wenn es dann passt, auch dauerhaft? Das wäre doch mal ein Konzept RTL 2, ne? Stellt mich an als Konzepter für eure tollen Sendungen. Wäre besser gewesen als das, was ihr neulich geplant hattet. Hätte auch nicht so einen großen Aufschrei verursacht. Gut. So. Plupp. 1, 2, 3, 4. Was hatten die geplant? Eine Show mit einem Wendler. Weil Wendler und seine, keine Ahnung wie sie heißt, seine Freundin, Frau, was auch immer, ne, die beiden sind ja schwanger. Und natürlich wäre das eine perfekte Doku-Soap gewesen, um ne, die beiden da zu begleiten. Und was weiß ich, ne, so auf diesem Weg ins oder auf diesem großen Schritt im Leben und so weiter und so fort. Ne.
Ja, und dann kam halt, als das angekündigt wurde, innerhalb von kürzester Zeit, also wirklich kürzester Zeit, ich habe noch nie so schnell einen Internet-Flashmob gesehen, der Backlash durch die sozialen Medien und wie man denn bitteschön den Wendler, wie man denn bitteschön dem Wendler überhaupt irgendeine Art von Plattform bieten kann, gerade auch als RTL 2, die ja grundlegend sich schon auch entsprechend positioniert haben. Gegen Dinge wie Holocaust-Leugnung und was weiß ich und dieses ganze Gedöns halt, ne, was man so kennt, weil der Wendler hat ja so ziemlich alles von sich gelassen während Corona. Also zum einen einer der größten Schwurbler, zum anderen auch noch ein Antisemit und rassistisch und was weiß ich und überhaupt und sowieso und alles einfach. Ja, und dann will RTL 2 halt eine Show mit ihm machen und das Internet geht vollkommen zurecht auf die Barrieren. Und ja, es hat RTL 2 dann doch glücklicherweise relativ schnell eingesehen, dass das vielleicht nicht die beste Idee war, die sie hatten. Und der Wendler kann es nicht verstehen. Er hätte das ja alles nie so gemeint und so diese Schiene und was weiß ich. Es war ja alles nie so wirklich gemeint und man hätte ja nur den Kontext falsch verstanden. Ja, weiß ich nicht. Dafür ist es ein bisschen zu spät, ne? Aber hey. Du wirst, sobald du oben alles hast, auch mit Schallschutz arbeiten, weil die Akustik, du willst die Akustik im Raum trockener bekommen. Ja, das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn. Was ihr habt nur eine Hauptachse, glaube ich, oder? Der von oben nach unten durch die Stockwerke laufen bei den Wohnungen im Badezimmer, Flur, Küche. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Musst du auch nicht wissen. Ist ein Schlagersänger. Das wirkt jetzt abwertend. Aber im Grunde genommen, ja, es ist ein Schlagersänger, der irgendwie meinte, er ist während der Corona-Krise und so plötzlich wichtig und Experte für alles. Und nun ja. Ja, weiß ich nicht. Einer der größten Querdenker, die wir hatten. Mit wirklich dummen Takes. Also richtig, richtig dummen Takes. Aber naja. Ne? Ja. Aber wie gesagt, RTL 2 hat dann halt zurückgezogen, wegen dem öffentlichen Aufschrei. Eigentlich schade, dass es erst so weit kommen musste. Das ist so meine Meinung von dem Ganzen. Eigentlich sehr schade, dass es überhaupt erst dazu kommen musste, dass jemand aufschreit. Weil das ist eine Sache, da hätte man auch einfach selber drauf kommen können, dass das keine geile Idee ist. Aber gut. Marketingabteilungen sind merkwürdig. Da hatten sich auch die Geissens gegen ausgesprochen, weil die wären sonst von RTL 2 weg, weil der Wendler denen noch massiv Geld schuldet mitunter. Ja gut, keine Ahnung, was da ist, aber dass die Geissens auch was gesagt haben, ja, das habe ich mitbekommen. Also ich verfolge ja nichts von denen und also ich kenne die Geissens, ja, ich habe die schon mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Das ist aber auch so ziemlich alles, was ich mit denen jemals zu tun hatte. Ich habe sie schon mal gesehen. Aber das habe ich mitbekommen, dass die dann auch abgesprungen wären und ja, fand ich stabil. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und ich habe das Ding, genauso wie vorhin, ich habe es schon wieder falsch eingesetzt. Das Teil, was ich gerade eben in der Hand hatte, habe ich schon wieder falsch eingesetzt. Habe ich auf der anderen Seite auch schon so gemacht. Wow, ich bin einfach der absolute Profi im ich lerne nicht aus Fehlern, ne, toll. Schlager, ja, Schlager sind klasse. Hi Böhme, Hallöchen, einen wunderschönen. So, ich hoffe, ihr habt die Ironie meiner Stimme gehört, als ich klasse gesagt habe. Ich bin Wiederholungstäter. Ja, das ist richtig. Das kann ich jetzt nicht abstreiten. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich bin einfach wiederholt doof. Sobald du oben alles fertig hast, willst du wieder mehr Voiceovers machen oder seit 3 Monaten wieder häufig Guttural Vocals trainierst, willst du damit auch was machen? Ja, ich hoffe, du sagst deiner Oma vorher, was Phase ist. Nicht, dass die irgendwann meint, sie muss irgendwie einen Dämon austreiben und einen Priester ruft oder so, ne? Also,
Wenn du schon dämonische Laute von dir gibst, die nicht mehr von Menschen stammen, dann sag bitte vorher Bescheid. Nicht, dass ich irgendwann eine Schlagzeile in meinem Google-Feed habe. Ne? So Dämonenaustreibung in und um Stuttgart, keine Ahnung, was weiß ich. Der Religionslehrer aus der 9. Klasse war auch Schlagersänger, hatte deiner Mutter eine CD von ihm geschenkt mit Autogramm. Boah, Alter, das ist ja dermaßen unangenehm, hey. Oh, das ist doch als Kind irgendwie super unangenehm. Oder kriegt man das dann noch nicht mit? Ich weiß es nicht. Eieieiei. Du hast es nur am Rande mitbekommen beim Parabelritter. Ja, ich weiß nicht, ob ich dem sein Video dazu gesehen habe. Ich habe halt den Aufschrei auf Twitter mitbekommen. Aber ja. Ach, wilde Dinge. Wilde Dinge. So. Habe ich da was? Eine Logitech MX Master 3 Wireless. Ja. Ich habe auch die passende Tastatur dazu. Warum fragst du, Rapid? Hast du etwa Interesse an dieser Maus und bist unschlüssig, ob sie sich lohnt? Oder sowas in der Richtung? Oder hast du da eine Frage dazu? Oder ist es dir einfach nur aufgefallen? Die Maus nutzt du auch auf der Arbeit? Ja, die ist mega. Die ist richtig gut. Ich hatte schon die zweite, die Generation 2 davon, die Master S2, ich glaube sogar, dass die einfach nur so hieß, die hatte ich auch schon im Einsatz und die war auch super. Aber die hatte einfach einen grundlegenden Baufehler, leider. Die hat sich nämlich nach einer Weile hat die hier das Daumenpad, das war anders abgedichtet an der Maus und das hat dann irgendwann angefangen, hier nur noch den Knopf zu drücken. Und ja, dann habe ich mir einfach die da gekauft, weil die ist auch super praktisch. Ein Empfänger ist halt am Arbeitsnotebook, einer ist hier am Rechner. Ich muss hier unten einfach nur umschalten. Ihr seht hier 1, 2, 3. 2 ist Arbeit, 1 ist mein Rechner. Das gleiche bei der Tastatur. Mega gut. Also es gibt meines Erachtens nach aktuell keine bessere Maus auf dem Markt. Außer man hat irgendwelche tollen Spezialanforderungen, wie 40 Milliarden Tasten für MMOs zum Beispiel. Dann ist die Maus natürlich nix, aber für alles andere ist die richtig, richtig gut. Also sehr, sehr happy damit. Nee, so rum. So brauche ich das, okay. Die ist schwerhörig, also alles gut. Ja, okay, sehr schön. Ja, ich dachte mir nur so, ne, bei meiner Oma wäre das noch eine wilde Sache, weil die hört noch erstaunlich gut. Sie hat zwar Hörgeräte und so, aber wenn die drin sind, dann huiuiuiui. Dann bleibt einfach nichts geheim. Du weißt, dass du vor vielen Jahren irgendwann bei RTL 2 die Italienreise von Jamie Oliver gesehen hattest und seine schöne Wohnung in London. Zu der Zeit hattest du eine kleine Wohnung in Hamburg-Harburg. Könnte so um 2016 gewesen sein. Waren aber mega Monate in North Germany. Da warst du ja auch mal in Lüneburg, Bremen. Echt schöne Ecke da. Ja, hier ist echt schön. Ne? Bremen ist so verschieden in Deutschland und es ergibt keinen Sinn, weil die Leute wissen gar nicht, wovon sie sprechen. Ne? Hier ist wirklich schön. Ist eine echt schöne Ecke hier. Aber die Leute sind halt so vorurteilsgesteuert. Die hören irgendwas, plappern es einfach nach. Anstatt selber mal hier in die Gegend zu kommen und mal nachzuschauen, ob das wirklich so scheiße ist, wie sie behaupten. Ne? Was es nämlich nicht ist. Die Maus nutzt ja auch auf der Arbeit. Nur aufgefallen, okay. Du nutzt die 8K DPI voll aus. Auch die Gestiksteuerung. Nee, für mich ist es einfach nur Maus. Und es ist praktisch, dass ich hier... Ich kann damit Tabs wechseln! Leute, Chrome, ich liebe dich! Oh mein... Boah! Ich
bin noch nie auf die Idee gekommen, einfach mal im Browser das seitliche Scrollrad zu nutzen. Alter, ist das geil. Ich kann damit Tabs wechseln. Ja, toll. Jetzt habe ich März gesehen. Das hat jetzt meinen Tag vermiest, aber gut. Awesome. Okay, also das ist geil. Ich kann auch die Lautstärkeregler drauflegen. Ja, die Software ist sehr umfangreich. Das ist richtig. Offensichtlich habe ich die auch mal irgendwann so konfiguriert und habe das einfach nicht mehr gewusst. Aber awesome, geil. Das wusste ich tatsächlich nicht. Wow. Ja, weiter im Text. So. Schön. Schön. Leute, fangt zu streamen an. Da lernt ihr noch was über eure eigene Hardware. Ich kann es nur empfehlen. Du stellst es dir gerade so vor, du haust das sautiefe Gutturals raus und deine Oma instant so, haben wir gerade ein Erdbeben? Ja, es ist, ja, voll gut. Es gab ja auch eine ganze Weile, als Clips rumgingen, in denen Leute, Streamer und Streamerinnen, festgestellt haben, dass ihre Maus deutlich besser läuft, wenn sie hier unten von diesen, von diesen Gleitpads die Schutzschicht abnehmen. Ne, die werden halt standardmäßig so ausgeliefert, dass da meistens ein blauer Aufkleber drauf ist, ne? Ähnlich wie bei Monitoren oder so auch, ne? Also das ist ja auch, oder auf Plastikflächen grundlegend, ist ja gerne mal so eine kleine schützende Schicht. Und das war ja mal offensichtlich eine große Erkenntniswelle auf Twitch, dass man möglicherweise seine Maus mal umdreht und schaut, ob da tatsächlich was draufklebt. Und ja, das war wohl bei vielen so. Ist halt auch doof. Im Blender kann man damit die Kamera auf der Z-Achse rotieren. War es nicht sogar so, dass die Software sogar erlaubt, pro Programm eigene Dingens einzustellen? Also, ähnlich wie beim Stream Deck auch, das kann ja auch da drauf reagieren. Wäre das dann Schwarmdummheit gewesen, dass sie es alle nicht wussten? Oder einfach, weiß ich nicht, eher Schwarmignoranz? Ich habe ein Gerät, ich packe es aus, ich schließe es an, ich drehe es nicht einmal um. Weiß ich nicht, ob das so schlau ist, sich so wenig mit Dingen auseinanderzusetzen. Also, I don't know. Manchmal bin ich überrascht von Menschen. Ich sage es bewusst überrascht, nicht enttäuscht. Weil es ist, nee, es ist schon ab und zu echt wild. So. Okay. Das sieht sehr gut aus. Neues kleines Bauteil. Sehr schön. Hier. Zack, zack. Kann man in der Software? Ja, das ist dann ähnlich wie beim Stream Deck. Also Lautstärke macht bei mir halt keinen Sinn, weil ich habe dieses Ding hier. Da sind 4 Slider drauf, 4 Fader. Dementsprechend, ich habe Lautstärkeregelung. Und zwar granularer als die meisten Leute. Zur Not kann ich das auch auf Stream Deck legen, das ginge auch. Hat ja inzwischen auch die Unterstützung dafür, was ziemlich cool ist, tatsächlich. Aber wo ich nochmal am Überlegen bin, ist das, nee, bei der Maus hilft es mir nichts. Ich glaube, bei der Maus wäre ich verwirrt, wenn die plötzlich andere Funktionen hat. Obwohl, das ist alles eigentlich Gewohnheitssache, ne? Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich mehr in Richtung Stream Deck denken. Da habe ich nämlich Buttons. Da kann ich auch mal vergessen, was bestimmte Dinge bedeuten, weil da ist ein Button, der mir das sagt. So, das Teil wollte ich vorhin abhauen. Da bist du wieder. Tipp des Tages: geht nicht mit Hunger einkaufen. Erzähl, Adel. Wie viele Edekas müssen jetzt nachbestellen, weil sie nichts mehr haben?
Jetzt bin ich neugierig. Oh, Aufkleberzeit. Da. Aufkleberzeit. Sehr schön. Welchen brauchen wir? Die Nummer 3. Die haben wir schon mal verklebt. So. Hier. Okay. Wunderbar. Passt. Wackelt, hat Luft. Ich habe einen Go XLR. Ja, exakt. Auch die große Version davon. Obwohl ich die Voice Changer sind lustig und so, die Effekte, aber das Effektpad nutze ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man das nutzt. Wartet mal. Hallo? Habt ihr das gehört? Kam das bei euch an? Hallo? Ja, kam bei euch an. Schön, jetzt habe ich ein Hallo abgespeichert. Super, yay, nice. Test 1, 2. Test 1, 2. Test 1, 2. Das ist scheiße laut. Das ist lauter als ich. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso laut hört, ob die Lautstärken gleich sind, aber hui. In meinem Kopfhörer ist es lauter. Schön. Aber ja, da könnte man so lustige Samples drauflegen und was weiß ich, aber weiß ich nicht, ob es das wirklich... Nee. Dafür muss ich mir merken, was da was ist, ne? Und das ist der Punkt, der springende Punkt, an dem es dann scheitert, ne? Ich kann mir das nicht merken, was da drauf ist. Die sind ja null beschriftet. Ich kann auch Samples aus dem Discord-Call. Ja, alles. Quasi alles. Ne? Alles, was in irgendeiner Art und Weise über dieses Gerät läuft, kann da draufgelegt werden. Aber da habe ich dann lieber auch wieder mein Stream Deck, weil da kann ich die Buttons beschriften. Hier nicht. Ist lauter, ja, hat sich so angefühlt. Ist halt, ne, ich nutze halt den Sample-Channel gar nicht, deswegen ist das 0 ausgepegelt. Hi LP, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. So, so rum. Das gehört hier dran. Jo. Und zwar genau dahin. Nice. Hier. Diesmal baue ich das Ding direkt an die richtige Stelle, nicht so wie vorhin. Und dann haben wir hier noch ein kleines Flupp. Etwas, was dahin muss. Nice. Okay, cool. Dann haben wir wieder 1, 2, 3, 4 Ersatzteile für die Tasse. Ich sollte dringend mal was trinken. So. Sushi, Chicken Wings, Pizza, Schnitzel, Hackfleisch, dazu Gemüse, Reis, Kartoffeln oder Nudeln und als Nachtisch jede Menge Süßigkeiten. Dich oder Chips? Wow. Wow. Und Adel so, er traut sich nicht, ne? So, Schritt Nummer 7. Ich bin gespannt. Wir bauen jetzt den Flügel fertig und befestigen ihn hier dran. So. Ich bin aber ganz ehrlich, wenn es nicht so schweineteuer wäre, würde ich mein Go XLR sofort austauschen. Also nicht, wenn das Go XLR so teuer wäre, das war teuer, sondern wenn das Rode Procaster, nee, nicht Procaster, Gott, wie heißt der Mixer von Rode, der neue? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall das neue Ding von Rode mit einer 2 im Namen. Das würde ich sofort, dafür würde ich das Go XLR sofort hergeben.
sofort hergeben. Das ist nochmal ein ganzes Stück geiler als das Go XLR. Aber hey. So. Nett, dass du meine Hardware erkennst, sobald du sie siehst. Naja, es ist jetzt relativ eindeutig, dass das ein Go XLR ist, ne? Und die Maus hat man gegebenenfalls auch schon mal gesehen. Wenn du mir sagen könntest, was das für Monitore sind, dann wäre ich überrascht. Also so aus dem Stegreif, ne? Jetzt ohne zu googeln, wohlgemerkt. Dann wäre ich wirklich überrascht. Weil das weiß nicht mal ich. So. Du musstest vorhin aber erstmal googeln, was ich da baue. Mit Schiff der Wächter konntest du überhaupt nichts anfangen. Ich habe nur ich habe tatsächlich, ich war sehr unkreativ. Ich habe einfach nur den Titel des Sets in den Titel geschrieben vom Stream. Ich war tatsächlich nicht sonderlich kreativ, was das angeht. Aber ja, wenn man jetzt das Marvel-Gedöns nicht unbedingt kennt, dann ist das Set natürlich jetzt, sage ich mal, erstmal etwas unbekannt und man hat keinerlei Referenz zu irgendwas. So. Bei wie vielen Tüten sind wir eigentlich? Das ist jetzt Nummer 7 von 14. Also wir haben bald Halbzeit. Dauert nicht mehr so lang. Und da wir das hier quasi schon mal gebaut haben, dürfte das auch relativ flott gehen. Weil hier weiß ich, was ich zu tun habe, wenn ich mich nicht wieder verbaue. Und wenn ich die Teile finde, die ich brauche, wohlgemerkt. Da. So, Stickerzeit. Hier. Ich klebe den Sticker auf, ne? Ich habe mir das gemerkt. Ich schniff die Tüten weg wie nix. So ist es. Genau so. Hallöchen Flink. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. So wie die Sony Pro Alpha mit den Sony FE24 bis 70 1 zu 2,8. Sony stimmt. Sony stimmt, der Rest nein. Welche von BenQ? Du wusstest die Produktbezeichnung, aber IPS-Panel 145 Hertz, Weco HD in der 16:9 Variante. Nee, gar nicht, das sind Asus-Monitore, oder? Mist. Rapid, ja. Ich bin gespannt, ob du drauf kommst. So. Wunderschön geklebt. Hervorragend. Passt. So. Schon krass, wie die Preise für Lebensmittel gestiegen sind. Ja, absolut. Absolut. Es macht keinen Spaß, momentan irgendwas einzukaufen. Absolut nicht. Das ist leider richtig. Wäre schön, wenn es anders wäre, aber nee. Momentan nicht drin. Und du hast schon die Hälfte verpasst? Ja, tatsächlich ja, LP. Wir sind ja auch schon seit über 4 Stunden hier dran. Wow. Also, ich bin ja seit 10 online. Und ja, das ist auch für mich ungewohnt, ne? So ist es. Wie viele Teile hat das Set eigentlich? Den Preis willst du wohl lieber mal nicht wissen, auf jeden Fall teuer. Preis war 105? Oder? Nee. Nee, 105 wäre zu wenig. Ich glaube, ich habe 130 dafür gezahlt. Und es hat 1900 Teile. 1901. Wenn man ganz genau sein will. Also von dem her. Ich finde, dass es durchaus in einem Rahmen, der in Ordnung ist. Es ist immer noch teuer, ne? Aber nun gut, Lego ist halt mal teuer.
Es ist teurer als andere Klemmbausteine, aber ich bin ganz ehrlich, das ist eines der sehr, sehr coolen Sets hier. So. So. Und zack. Und ja. Jawohl. Sehr schön. 1, 2 und 3 hiervon. Okay. So. Du wusstest es mal? Du hast dir die letzten selbst angeschaut? Ich bekomme bei euch im Edeka eine 4er-Packung Beefy Rolls für 5 Euro. Ich habe keine Ahnung, was die davor gekostet haben, ne? Du darfst ja nicht googeln. Darfst du deinen Suchverlauf anschauen? Nee, es war die Rede von aus dem Kopf. Achso, den Schritt habe ich gerade schon gemacht. Sehr gut. Immer schön, wenn man Dinge schon hat, bevor sie überhaupt in der Anleitung erscheinen, weil man sie noch aus dem Kopf kennt. Dann reden alle von Tierwohl und weniger Fleisch essen. Ja, wie denn, wenn Gemüse teurer ist als Fleisch? Ja, das verstehe ich. Kann ich ein Standbein zeigen? Vom Monitor? Wie? Die sind im Keller. Die sind im Keller. Die stecken alle in einem von den Monitorkartons drin. Also, nee, das machen wir jetzt mal nicht. So. Und so. Sehr schön. Dann bauen wir hier wieder die Halterung dran. Das war so ein Teil, das war so ein Teil. Und das war dieses Teil hier. Ich erinnere mich, ja, tatsächlich. Das kommt dann hier so dran. Achso, und dann klipsen wir das schon hier. Echt? Jetzt schon? Okay, ja, nice. Clip und... Na, jetzt muss ich ein bisschen fummeln, bis wir die richtige Stelle gefunden haben. Jawohl, perfekt. Perfekt. Kind 1 hat Boden im Zimmer. Nice, sehr schön. Du warst eigentlich schon seit 4 wach, weil du heute eigentlich nach München wolltest. Hast dann aber gesehen, dass es Schienenersatzverkehr gibt, also wieder also wieder hingelegt, dann wieder wach um 8 und dann gedacht, ach komm, noch ein paar Minuten und zack, fast 13 Uhr. Ja, passiert. Ja, das passiert, LP. Das passiert. Ja. Ne, manchmal will der Körper einfach, ne, Schlaf und dann bringt es auch nicht, sich dagegen irgendwie zu wehren, weil, naja, ist halt dann so, ne? So. Die von Asus sehen nämlich alle gleich aus. Also die Monitore. Man erkennt die fast nur in den Standbeinen. Steht das nicht bei mir im Panel irgendwo? Nein, ich habe kein Hardware-Panel. Weil das völlig irrelevant ist, was ich für Hardware habe. Das tut nichts zur Sache. Ich war etwas voreilig. Ich habe das Ding jetzt zu früh hier dran geklipst, ne? So. Okay. Hier. Erst kommt nämlich das da dran. Dann kommt das hier dran. Ah ja, das kommt hier oben ran. So, sehr schön. Und jetzt kommt das hier, damit wir hier einen sauberen Abschluss hinbekommen. Ich hatte mal irgendwann ein Hardware-Panel, ne? Aber dann ist mir klar geworden, hey, die Leute können auch einfach fragen, wenn sie was interessiert. Und ich beantworte das gerne, weil dann habe ich was zum Reden. Und ansonsten ist es total unwichtig, was ich für Hardware habe. So gesehen. Weil wichtig ist, dass die Qualität vom Stream in Ordnung ist. Das ist das Einzige, was mich interessiert.
Da. Okay. Und da. Und das kommt da dran. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Sehr schön. Aber Rapid, ich finde es schön, dass du weiter versuchst, das zu erraten. Ich bin gespannt auf deine Schlussfolgerung. Ich bin sehr gespannt auf deine Schlussfolgerung. So. Leute, dass so langsam Viertel nach, 20 nach 2 sogar ist. Was sind denn eigentlich eure Essenspläne heute? Habt ihr Essenspläne? Habt ihr irgendwas Geiles oder so vorbereitet? Oder habt ihr irgendwas Leckeres geplant? Irgendwas, womit ihr mich jetzt echt neidisch machen könnt? Zack. Da. Und da. Und da. Okay. Hier. So. So. Ganz wichtig. Nicht falsch rum dahin setzen. Ihr habt wahrscheinlich alle wieder die geilsten Essenspläne, ne? Und ich habe nichts. Ich habe tatsächlich nichts. Ich müsste eigentlich auch einkaufen. Ich habe das total verpeilt. Ah. Das sind doch nicht mal welche von Asus. Ich bin gespannt, Rapid, ne? Ich bin einfach weiter gespannt. Warte mal, irgendwas unterscheidet sich hier gerade. Wir haben jetzt hier so ein lustiges Dingens. Ein kreisrundes Etwas. Das hatten wir auf der anderen Seite nicht. Das finde ich spannend. Warum sind die Flügel unterschiedlich? Oder kommt das auf der anderen Seite noch? So. Ist es ein Asus TUF? Was? Nein? Nee. So viel kann ich verraten. Du machst dir gleich Chicken Wings. Hast richtig Bock drauf. Boah, geil. Ayane köchelt seit 3 Stunden Kartoffelsuppe. Boah, geil. Toast mit Salami ist auch lecker. French Toast ist auch geil. Hatte ich seit ewigen Zeiten. Du hast Brot zu Hause. Ey, immerhin flink. Brot ist wichtig, ne? Und ich finde, auch wenn wir prinzipiell, glaube ich, ernährungstechnisch oder ernährungsempfehlungstechnisch weniger Brot essen sollten, Brot ist halt einfach ein richtig wichtiger Teil unserer deutschen Kultur irgendwo. Ne, wir sollten stolz auf das Brot sein, das wir haben, weil das ist, sind wir mal ganz ehrlich, eines der besten auf der Welt. Ne? Und vor allem so viel Vielfalt. Das kennen die in anderen Ländern nicht unbedingt. Deswegen, Brot ist geil. Und vielfältig. Und geil. Und prinzipiell sind Knödel auch Brot. Das heißt, wenn man Knödel hat, ist es sogar noch geiler. Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? So. Du futterst gerade nebenbei Chips. Oh, Chips habe ich auch noch irgendwo. Du hattest schon Lust auf was richtig Ungesundes, aber du weißt, du solltest nicht. Oh. Oh. Aber. Ungesund gleich geil im Normalfall. Das ist das Problem, ne? Ja. Ist es ein BenQ? Ist es ein Samsung? Ist es ADC, hast du schon mal gesehen? Ich sag mal so, Rapid kommt so langsam ein bisschen näher, glaube ich, aber auch nicht so wirklich nah. Ach so, warte mal. Hier muss auch ein Sticker drauf. Also ich finde Rapids Versuche gerade sehr, 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 sehr spannend. Ich finde es auch schön, dass du ihm helfen willst, böse Alte, aber nee, soll Rapid mal suchen. Oh, der ist fast perfekt mittig geworden. Nice. So. Sehr schön. Nächster Sticker. Du kommst ja erst im Sommer wieder richtig zum Kochen, wenn du bei deinem Chili bist. Ja, Kochen ist eigentlich auch ganz cool, ne? Currywurst Pommes selber gemacht mit der Wurst aus der BMW-Schlachterei. Ich kenne die Volkswagen, Volkswagen-Dingens. Und jetzt mal
jetzt mal ganz unter uns. Ich war schon mal bei VW in Wolfsburg im Werk, habe mir da die Autostadt und so angeschaut. Und nun, ich habe mir da auch natürlich die Currywurst gegönnt. Und ich sage mal so, die war lecker, aber nichts Überragendes, nichts Besonderes. Ne? Das war eine solide Currywurst, aber das, was da gerne irgendwie draus gemacht wird und keine Ahnung, beste Currywurst und bla und Gedöns, nein, ich habe schon deutlich bessere Currywurst in meinem Leben gegessen. Nicht mal die Pommes waren besonders toll. Und das ist eigentlich das, womit steht und fällt. Ne? Wenn die Pommes geil sind, kann man ja über den Rest noch hinwegsehen. Aber wenn die nicht mal die Pommes geil sind, dann bleibt halt nicht viel übrig. So. Also von dem her. Frisches Brot ist richtig geil, vor allem wenn es noch knusprig ist. Ihr habt euch mal früher um die Knuste gekloppt. Knuste ist der Rand quasi, der Anschnitt, ne? Der erste Anschnitt, wo das Brot endet, ne? Das kennt man in Bayern als Scherzel. Aber ja, mega gut, hey. Ich habe einmal, das war zu Silvester, das war mein erstes Silvester hier in Bremen, dachte ich mir so, geil, ich habe nichts vor, also kochst du dir was Geiles. Also zum einen hatte ich einen Eiweißschock, weil ich hatte nichts Besseres vor, als mir ein Kilo Scampi reinzuziehen. In sehr geiler, weiß ich nicht mehr, irgendwas Sahnesoße. Also, ne? Also richtig, also keine Ahnung, ich glaube, ich hatte einen Eiweißschock, ich weiß es nicht, mir ging es danach auf jeden Fall nicht mehr gut, weil ich habe das Kilo natürlich auf einmal gegessen. Das war nicht so schlau. Warte mal, irgendwie habe ich einen Schritt übersprungen. Wo habe ich einen Schritt übersprungen? Da habe ich einen Schritt übersprungen. Ach so. Oh. Ja, ups. Vollgas an dem einen Schritt hier vorbei, ne? Aber so richtig, einfach komplett ignoriert. Nice. Und ich habe mir dazu aber ein Röstzwiebel, Bacon Krustenbrot gebacken. Also richtig pervers. Geil. Das war's. Das war eines der besten Brote, die ich je gemacht habe. Das war das einzige, die ich je gegessen habe, so rum. Also das war auch das einzige Brot, was ich bisher gebacken habe. Aber das war wirklich mega. Und es war eigentlich total einfach. So. Morgen gibt es Tortellini-Auflauf. Auch immer gut. Auch immer gut. Es ist ein Eraser. Ohne E. Nur Eraser. Böse Alte. Glaube ich. Also, sofern wir das gerade das Gleiche meinen. Du hast keine Pommes? Hast du wohl doch nicht alles gekauft? Ja, Adel, das würde mir jetzt zu denken geben. Das ist jetzt natürlich sehr tragisch. Wie gedenkst du, diese Situation aufzulösen? Weil keine Pommes sind keine Lösung. Eraser von Medion? Okay, Medion habe ich null auf dem Schirm, ne? Null. Das heißt, bei euch Knörzel wird aber Knetzel ausgesprochen. Okay, interessant. Eraser von Medion. Okay, ich kenne tatsächlich einen Eraser, aber von Medion habe ich null Ahnung, weil ich die Marke großteils ignoriere. Oder halt wirklich nichts von denen kennen. Okay. Spannend. Sehr spannend. Es könnten AOC 24B1H oder die 27B1H sein, aber das wären 60 Hertz Monitore, was du nicht hoffst. Also ich sag mal so, du hast mit einem Teil davon recht. Ich habe aber keine Ahnung, was es für Monitore sind. Ich habe sie irgendwann gekauft. Ich habe auch schon einen davon mal eingeschickt. Hervorragend. Es sind AOC 24G2U-BK. Full HD Monitore mit bis zu 144 Hertz. Und ja, die stehen auf 60 FPS. Weil ich brauche nicht mehr als 60 FPS.
Alles andere darüber macht für mich keinen Sinn. So. Mit der Brotkante ist es so wie mit dem Berliner. Jeder hat ein eigenes Wort dafür. Nur, dass da nicht darüber gestritten wird. Ne? Da wird einfach akzeptiert, dass die Brotkante überall anders heißt. Ne? Wenn du einen Berliner sagst, ein Knödel ist, das ist ein Krapfen, dann ist aber, ne, dann ist aber vorbei. Dann hast du einen Krieg gestartet in dem Moment. Weil, ja, geht ja gar nicht. Das ist, gut. Aber hey. So. Und so. Was? Ich habe gesagt, ihr könnt mich alles fragen. Die Quersumme von meinem Alter. Woher soll ich denn das wissen? Das muss ich ja erstmal selber errechnen. Sieben. So. Warum 7? Bei Quersumme habe ich nicht aufgepasst. Warum ist das 7? Das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Wahrscheinlich. Da zeigt sich, dass ich nicht gut in Mathe bin. Nee, 7. Berliner ist auch nur eine NRW-Abkürzung für Berliner Pfannkuchen. Nur im Laufe der Zeit vergaßen viele den vollen Namen. Ja, stimmt. Pfannkuchen ist auch so ein Ding, ne? Ja, Pfannkuchen ist auch so ein Ding. Warte mal, ich weiß... Ich wollte gerade sagen, immer wenn mich Adel nach Zahlen fragt, ich hab's gerade nicht hingekriegt, ne? Ich hab's zu spät gecheckt. Er ist drauf reingefallen. Ja, aber Vollgas. Adel, Dankeschön für 7 für 7 Gift-Subs. Ich habe hier einen kleinen Donut für dich. Man sieht ihn nicht wirklich, aber das ist ein kleiner Donut. Er war ganz kurz scharf. Hier, Donut, Kamera, mach mal. Da, er war ganz kurz scharf. Das ist ein Mini-Donut. Das Goal ist voll, sogar schon lange. Ja, weil das hin und her geht, ja. Das geht hin und her. Also, ich habe das einfach mal irgendwann eingebaut, dieses Sub-Goal, aber das ist keinerlei Relevanz. Ich track das anders. Ich track das definitiv anders. So. Das Sub-Goal ist so, wie es momentan ist, eigentlich nur so ein Ding mit laufende Kosten für einen Stream und ich kann mir quasi neue Spiele leisten. Sowas in die Richtung. Aber warte mal, Adel, du hast nicht zufälligerweise gewusst, dass das 7 ist und, ne? Eieieiei. Du hast jetzt vorhin schon das Emote gepostet, aber ich habe nicht darauf reagiert. Nee, das ist richtig. Ich habe nicht darauf reagiert. Ich habe es nicht gecheckt. Du weißt, wie alt ich bin. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ach, Mann. Voll in die Falle getappt. Nee, Dankeschön auf jeden Fall dafür. Auf jeden Fall, Dankeschön. Es gibt Goals. Ja, es gibt Goals. Wir haben ein Follower-Goal, das ist realistisch. Und wir haben ein Sub-Goal. Und das hat eigentlich keinerlei Relevanz. Das habe ich nur mal eingestellt, damit da 2 Balken sind. Weil es mich getriggert hat, dass das eine Goal den tollen Balken nicht voll macht. So. Was machen die Goals? Eigentlich nur anzeigen, wie viele Follower und Subs ich gerade habe. Das ist eigentlich das Ding. Ne? Es ist eigentlich mehr so ein Interesse-Ding. Ne? Damit ihr seht,
was hier... Ich habe die Kaffeemaschine kaputt gemacht. Damit ihr hier weiter... Oder damit ihr nachvollziehen könnt, wie weit das hier ist. Es ist also mehr so ein Transparenzding für mich als alles andere. So, jetzt lass mal kurz gucken. Moment. Ich habe gesehen, dass irgendwas in meinem Feed abgegangen ist. Oder passiert ist, besser gesagt. Ich weiß noch nicht was, weil ich die Kaffeemaschine kaputt gemacht habe und die kurz mal reparieren muss, weil das hat Prio. LP, Dankeschön für 5 Subs. Dankeschön. Dankeschön dafür. Ja, das ist, ja, danke. So, da ist ein kleiner Lego-Tor. Der da, ja, der da. Der ist da, ja, tatsächlich. Wenn die Kamera halt scharf stellen würde. Ich weiß nicht, warum sie auf Spotify scharf stellt. Ich verstehe es nicht. Moment. Hä? Worauf stellst du scharf? Kamera. Mano. Da. Der grinst so ein bisschen frech, ne? Der hat so ein es ist Work drauf. Erstmal einen Kaffee. Meine Kaffeemaschine ist kaputt. LP hat auch so viele Subs verschenkt. Ja, die ist auch über 200, ne? Es ist absolut... Es ist, es ist absolut krass, was ihr hier einfach schon an Geld gelassen habt, ne? Es ist völlig heftig. Die Kamera stellt die Maus scharf. Ja, aber warum? Nee, mein Finger ist nicht scharf. Ich weiß nicht, was die Kamera scharf stellt. Es ist offensichtlich nicht ganz die Maus. Irgendwas im Hintergrund triggert sie. Und ich weiß nicht was. Und ich weiß nicht warum. So. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Ich hoffe, in dem Innenraum passiert nicht so viel mehr, weil so langsam habe ich da echt ein Problem mit meinen Fettfingern. Das ist, okay, nächster Bauschritt. Wir haben 3 Ersatzteile. Ich habe sogar einen Donut übrig. Nice. Böse Alte, Dankeschön für dein Giftsub. Das zufälligerweise Editra, den Gott, Alex, ne? Alex erwischt hat. Was? Nein! Aus! Warte mal, wenn du unbedingt willst, Alexa, erzähl einen Witz. Ich weiß nicht, warum sie sich gerade gemeldet hat. Jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Gut. Dann gehen wir wieder komplett aus. Die Kamera bräuchte wohl etwas Pfeffer. Ja, ich weiß nicht, ob das hilft, ne? Ja, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das richtige Mittel wäre. So. Warte mal, ihr habt einen Hype-Train gestartet, ne? Seid ihr wieder auf Rekordjagd aus? Alexa ist wohl gerade zickig. Ja, scheint so. Und Stella, Dankeschön für deinen Giftsub an Twilly. Dankeschön. Dein erstes. Ja! Hype Train? Ja, also in meinem kleinen Dashboard steht Hype Train. Und wenn das da steht, sollte das tatsächlich auch hier im Chat stehen und so. Weil, nun, da geschehen dann Dinge. Ne? Also, ja, da ist ein Hype Train. Ich sehe den. Da. Wow. Handy.
Adel. Ich habe das gesehen. Jeder hat das gesehen. Alle haben es gesehen. Gleich. Adel, Dankeschön nochmal für 10 Subs. Und Zossis, Dankeschön für 41 Monate. Oh mein Gott, ihr seid auch schon... Es ist jedes Mal krasser. Es ist schon so lang, ne? Es ist schon so lang. Du warst eine Weile AFK, sorry. Du, alles super. Steht die Burg? Das ist die viel wichtigere Frage. Das ist doch viel, viel wichtigere. Viel, viel wichtiger. Alle haben es doppelt gesehen. Ja, es ist voll die Streamception. Du bist ein Stück Kuchen im Bauch reicher. Das ist auch in Ordnung. Das ist... Kuchen ist auch immer gut. So, Leute. Hier, ne, guckt mal an. Wir haben halbe Flügel. Und man sieht jetzt schon, dass das Ding doch etwas umfangreicher wird, weil die Flügel werden, glaube ich, noch mindestens doppelt so lang, wie sie jetzt sind. Also, das Interessante ist nur, ich hatte das hier für vorne gehalten. Das ist aber hinten. Was irgendwie Sinn macht, weil hier muss eine Glasdingens hin. Das bringt ja nichts, wenn wir, ne, wenn man nicht sieht, wo man hinfliegt. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr cool. Und es kann mit den Flügeln wackeln. Es ist quasi eine Hummel. Es ist quasi eine Hummel. So. Was Mario fragt, welche Wächter von Marvel gemeint sind. Er kann mit dem Schiff nicht anfangen. Die Guardians of the Galaxy. Die Wächter der Galaxis. Also, wir haben hier einen kleinen Thor, wir haben hier Mantis, wir haben hier Star-Lord und wir haben hier, ich weiß nicht wen. Keine Ahnung. Und das ist deren Schiff. Ich bin aber nicht 100% sicher, aus welchem Film, weil das hat sich mal verändert. Ich glaube, das ist deren zweites Schiff, was sie haben. Ich musste die Filme nochmal gucken. Ist auch schon eine Weile her. Auch schon eine ganze Weile her, ja. So. Gut, machen wir mal, ja, Schritt 8, ne? Warte mal. Jo, oh, Entschuldigung, Thor. Entschuldigung. Ich habe ihn umgeworfen. Da ist eine Taste im Weg. So. So langsam lichten sich hier die Dings. Wir haben jetzt offiziell Halbzeit erreicht. Nach 7 Päckchen. Also, ja. Er sagte gerade, so soll das aussehen. Naja, ist ja noch früher morgen. Ja, so soll das aussehen. Also später mal... das war mein Handy. Alles gut, ist nicht runtergefallen. Später mal so. Vielleicht sagt's Mario jetzt ein bisschen mehr. Aber so sieht das aus. Soll es aussehen. Fehlt da nicht der Waschbär? Da fehlen einige. Drax ist auch nicht dabei, ja. Also Drax ist tatsächlich nicht dabei. Groot kommt noch. Die sind so hübsch verteilt über alle Päckchen hinweg. Und Rocket bin ich jetzt auch nicht sicher, ob der dabei ist. Es fehlen auch Gamora. Oder es fehlt auch Gamora zum Beispiel. Gamora? Ups. Gamora ist was anderes. Hoppala. Ja, genau. Es sind 6 Figuren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lego hier versucht, über die anderen Sets, da sind nämlich durchaus auch andere Figuren noch mit drin. Wenn ich das richtig gesehen habe, ne, dass man halt alle Sets kauft, um alle Figuren zu bekommen. Das war mit Sodom. Ja, das habe ich jetzt auch gerade. Ja. So, Schritt 8, Leute. Wir basteln hier munter, fleißig weiter. Das ist hier gar nicht mal so das Schwierige an Modellen, die in die Fläche gehen, so wie das hier ist, dass ich meine eigentlichen Teile, die ich verbauen will, die hier eigentlich anders platzieren müsste, weil das ist jetzt ein bisschen doof, weil die gefühlt gleich hinter dem Set liegen und ich dann drum rumgreifen muss. Das ist logistisch etwas aufwendiger als die bisherigen. So, okay, da sind ganz viele spannende Teile dabei. Der Hype-Train ist vorbei. Leute, Dankeschön. Ne? Dankeschön dafür. Sehr, sehr cool.
Ich lerne halt noch Gamora, Gomorra, alles das Gleiche. Ja, ist so. Das ist einfach so. Einfach, ne? Einfach. Ignoriert, was ich sage. Schaut einfach zu, genießt es, aber schaltet mich stumm. Das ist wahrscheinlich die bessere Wahl. Jetzt habe ich die zwei Dinger hier zusammengedingst, obwohl ich das gar nicht muss. Warum? Weil ich, naja, nicht der schlauste Mensch auf diesem Planeten bin, offensichtlich. Das hätte es nämlich wirklich nicht gebraucht. So. Zeigt mal her, was ihr für tolle Emotes bekommen habt durch den Hype-Train. Ich bin doch neugierig, ne? Ich bin doch neugierig. Das andere muss ich auch nicht. Warum habe ich die zusammengebastelt? Bin ich blöd? Jetzt habe ich zwei gleiche Teile aufeinander geschoben. Und... Das funktioniert halt so nicht mal. Wow, okay. Man kann sie nicht... Okay, ich dachte, es ist gerade richtig cool, dass ich zwei von den Dingern hier gleichzeitig habe, aber... Ah, warte mal. Okay, man kann da... Man kann in die Lücke rein. Sehr gut. Ui. Ja, nicht der schlauste Mensch hier. Offensichtlich. Gut. Aber alles geschafft. Dafür gibt es das Werkzeug. So. Sehr schön. Ihr schaut zu. Sehr schön. Du hast keins bekommen, vermutlich, weil du schon alle hast. Du hast echt? Du hast kein Hype-Emote bekommen? Kann man alle? Ja, natürlich kann man alle haben. Irgendwo ist die Zahl ja endlich. Ja, dann Twitch, ihr braucht neue Hype-Emotes. Dringend. Also, das ist, ja, wow, krass. Du bekommst schon lange keine Hype-Emotes mehr. Das gleiche gilt für dich auch. Keine Ahnung, ob eins neu ist. Das wird einem doch angezeigt im Normalfall, ne? Was man da bekommt. Du bekommst auch schon lange keine neuen mehr. Sorry. Einfach mal das Mikro weggeboxt. Jetzt weiß ich, warum ich das zusammengebaut habe, weil ich das hier gesehen habe. Irgendwie habe ich da vorhin, glaube ich, hingescrollt. Und da habe ich gesehen, die zwei kleinen Nupsis aufeinander stapeln. Und deswegen habe ich zwei kleine Nupsis aufeinander gestapelt. Toll. Jetzt brauche ich sie ja doch. Nun. Ja. Es sind aber echt, es sind trotzdem eine ganze Menge, ne? Also muss man jetzt schon auch mal sagen, das ist schon eine ganze Menge an Emotes, die man da sammeln kann durch Hype-Trains. Da gibt es wohl doch noch welche. Merkwürdig. Ja gut, vielleicht ist Twitch auch mal wieder buggy. Das ist ja, sage ich mal, jetzt auch nicht unbedingt was Seltenes, ne? Muss man jetzt leider auch so dazu sagen. Jetzt habe ich gerade das Teil verloren, das ich gerade eingesammelt hatte. Egal. Plopp. So, einmal so rum. Aha. Und einmal andersrum. So quasi. So. So. Mhm. Das sieht richtig aus. Nice. Aber es gibt Unterschiede. Hat noch jemand das Tür-Emote? Kennt noch jemand die Oma aus Traumschiff Surprise? Die, als sie abreisen wollten und das Taxi gerufen haben, da quasi im Hangar rumstand und nach Spenden gesammelt hat
Ne? Kennt die noch jemand von euch? Ich hoffe. Weil ich stelle mir das gerade vor, nur mit rettet die Türen, rettet die Türen, rettet die Türen, rettet die Türen. So. Gut. Ne? Unser Schiff soll schöner werden. Rettet die Türen. Ja, genau. Genau das. So. Die du nicht hast, bekommst du nur, wenn der Streamer die Schwierigkeit für den Hype-Train massiv anzieht, dass noch viel mehr Subs und Bits geworfen werden müssen, damit man durch die Level kommt. Oh, das kann sein, ja. Das steht ja hier auf der einfachsten Schwierigkeit, ne, die man einstellen kann. Ist es da eine Einfachkeit? Ich hab, also, ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Ja, weiter so rum. Hier. Und da. Dann brauche ich 2 von den. Da. Von denen hier. Ja, komm. Klick, klack. Jawohl. Habe ich schon wieder die Kaffeemaschine kaputt gemacht? Nein. Okay, Kaffeemaschine lebt. Alle, die, was? Alle, die alle Hype-Emotes haben, werden bestimmt mal irgendwann eingeladen zum Gruppenkuscheln mit Benny. Ey, das liegt ja nicht an mir, das ist ja nicht unbedingt mein Verdienst, dass alle Hype-Emotes da sind. Das gilt ja für alle Hype-Trains, überall und sowieso, ne? Das ist ja... Du musst mal nach deinem Chicken Wing schauen. Ja, mach das mal. Mach das mal. Nika hat einen Schädel mit Messer. Was? Wo? Ach so, irgendwo da drin. Irgendwo. Ich sehe es gerade nicht. Ach da. Das könnte der sein. Ich bin ja immer noch da. Ja, immer noch. Krass, ne? So ungewohnt, dass ich nach knapp 5 Stunden immer noch live bin. Wo müssen es da muss Stuff hin. So, einmal Stuff, zweimal Stuff. Hier auch nochmal. Und 1, 2, 3. So, sehr schön. Das war ein abruptes Ende von dem Lied. Einfach abgebrochen, mittendrin. Also gefühlt mittendrin. So, na, ja. Ich frage mich, waren hier nicht auch irgendwie Türen, die man öffnen konnte? Ich bilde mir ein, ich habe da Türen gesehen, die man öffnen konnte. Ne, für den Spielwert vom Set. Ich bin aber jetzt nicht 100% sicher. Das wird sich zeigen, glaube ich. Vielleicht kommt da noch ein Mechanismus. Was brauche ich hier für lustige Teilchen? Das hier und ne, das hier. 1 davon. 2 davon. Nee. Da und da. 1, 2, 3, 4 und da. Das da. Manchmal hättest du gedacht, dass Twitch die Leute für den ausgelösten Hype-Train bestrafen möchte, doch mittlerweile sind die Emotes ja echt besser geworden als die hier. Ja, die wechseln auch durch, glaube ich. Also es bleibt, ne, die bleiben ja auch nicht dauerhaft, wenn ich das richtig gesehen habe. Also da wechselt immer wieder mal, also zumindest kommt es mir so vor, als würde das immer wieder mal durchwechseln, was da an Emotes dabei ist. Die wenigsten davon sind wirklich dauerhaft. Also glaube ich, ne? Ich weiß es selbst nicht.
weiß es selbst nicht. Das ist die Sache. Ich stelle jetzt hier wilde Behauptungen auf. Das kann ich auch sehr gut, aber ob das die Wahrheit ist, ist nochmal was anderes. So. Das kommt hier hinten dran. Hübsch, hübsch. Hübsch, hübsch. Au. Ein Emote haben die, glaubst du, 2 Jahren nicht mehr gewechselt. Ja, man muss ab und zu mal draufschauen. Ne? Das eine sind die Hype Train Emotes und das andere sind ja nochmal gegebenenfalls andere Emotes. Ne? Ab und zu gibt es ja auch Special-Dinge. Ne? Zum Beispiel die ganzen Pride-Emotes und so, die waren ja irgendwie special und die sind auch nur deswegen noch da, weil dann die Community gesagt hat, lasst uns die. Weil die wollte Twitch eigentlich irgendwann wieder irgendwann aus dem Verkehr ziehen. Und deswegen wurden die irgendwann dann doch permanent. Und es ist, also was globale Emotes angeht, ich habe da schon lange den Überblick drüber verloren. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was, wie, wann, warum und weshalb und überhaupt und sowieso und tralala. Und puh. Okay. Das wirkt aber nicht sehr fest hier. Klick. Aber warum? Oh no. Okay, doch, das geht ja halbwegs. Ich dachte gerade wirklich, das wäre jetzt richtig fies, hier reinzufahren und so festzumachen, aber das geht. Okay. Ich bin doch für enge Räume mit meinen Fingern nicht gemacht, Mano. So, wo sind die? Da sind die Teile, die ich ausgesucht hatte. Wo müssen die hin? Ah, hier vorne. Okay. Da also. So. Und so. Und so. Sehr schön. Die gehen noch, die ersten. Ja, okay. Du hast lange da drauf gestartet und erkennst bis heute nicht, was das soll. Das eine ist ein Einhorn, oder ist das ein Einhorn? Nee, es sieht ein bisschen aus wie ein Einhorn. Doch, das eine ist ein Einhorn. Wo ist das ein Einhorn? Böse Alte, ich verstehe, was du meinst. Die sind wirklich... Reden wir bitte nicht drüber. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das ist, also, uff, da. Das ist ja, ja, manche Emotes sind halt wirklich... Ich kann nicht mal wild sagen, weil das ist einfach nur merkwürdig. Und nicht das Positive merkwürdig, sondern einfach nur merkwürdig. So. Hier. Und da. Und da kommen die kleinen Nupsis ran. So. Ja. Stopp. Ich habe einen Nupsi verloren. SOS. Nupsi verloren. Wo ist das Nupsi hin? Nee, es liegt nicht mehr auf dem Stuhl. Moment. Nupsi verloren. Oh, da. Ja. Nupsi gefunden. Puh. So. So. Okay. Sehr schön. Jetzt. Hervorragend. Dann weiter im Text. Wieder 2 Nupsis. Also mit den Nupsis haben sie es jetzt aber. Überall diese kleinen Nupsis. Also nichts gegen die Dinger. Ich mag die Dinger, aber bisher haben sie sich zurückgehalten damit. Eine Schräge. Und wo ist die zweite Schräge? Da. Man wird echt besser darin, die Teile zu entdecken. Das bilde ich mir nicht ein. Selbst wenn sie irgendwie falsch rum da liegen,
Ich erkenne sie mittlerweile. Und ich bin fasziniert davon. Ich bin sehr fasziniert davon. So. Was haben wir hier? Das gehört da drauf. Und das gehört hier drauf. Und dann haben wir die beiden Dinge hier. Okay. Okay. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Wieder 4 von denen. 3 und 4. Und 2 von den Teleskopen. Sind das Teleskope? Könnten Teleskope sein. So, ein weiteres Teil von Bigfoot. Es macht doch zusammen keinen Sinn. Das ist der Fuß. Daumen hoch, Kopf. Die schauen trotzdem merkwürdig aus. Die sind trotzdem sehr, sehr merkwürdig, diese Bigfoot-Emotes. Aber die ersten Hype-Train-Emotes waren ja, die waren ganz allgemein ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie man die wirklich beschreiben soll. Die waren schon, die kamen auch nicht so gut an. Wenn ich mich richtig erinnere. Die kamen einfach nicht so gut an. Was ich verstehen kann. Okay. Dann. Das ist das Ding hier. Und da und da. Klar sind die merkwürdig, weil man sie nicht richtig zusammensetzen kann. Ja, aber du baust ja im Normalfall, also auch so grundlegend auf Twitch, keine Emotes zusammen, ne? Also diese komischen Emotes, die es mal gab eine Weile lang oder die irgendwie ein Trend waren, wo du aus 4 Emotes ein Gesicht gebastelt hast, die sind ja inzwischen auch verschwunden, oder? Also zumindest habe ich die schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Und irgendwie empfinde ich das als was Gutes. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist, ja, irgendwie vermisse ich die Dinger nicht. Also nicht mal ansatzweise. Die waren von 2020. 2021 gab es ja Tiere wie... Ja, aber die Doggos waren toll. Also, weil Doggos sind toll. nicht deswegen, weil die Emotes so super wären, aber Doggos sind toll. Das ist so der springende Gedanke an der Stelle. Oh, das wird die Halterung fürs Dingens vorn. Fürs Cockpit. Oh, ho, ho. Da geht irgendwann die Klappe auf. Hier so. Ne? Seht ihr. Du hast eine Couch für Platz mit 4 Leute. Ist das ein Hype-Train-Emote? Nee, ne? Nee. Da steht zwar Unknown Emote drauf, aber das ist, oder? Das ergibt vom Namen her, vom Namen her klingt das nach einem Channel. Aber da steht dabei nicht zuordnenbar. Vielleicht ist aber auch einfach Chatty doof. Das kann durchaus auch sein. So, zack. Nee. So ein Ding hier. Oh, spannend. Jetzt kommen irgendwelche Special-Teile zum Einsatz, wie es ausschaut. 1, 2 davon. Ja. Hier, da und da. Sehr schön. Zack. Zack und zack und das da drauf und das, um dann das hier noch drauf zu packen. Aha. Moment. Kein Hype-Train-Emote, ja, dachte ich mir. Habe ich es doch richtig gesehen. Ich war mir jetzt nicht 100% sicher, weil Twitch sagt, also Chatty sagt, es kann es nicht wirklich zuordnen. Aber es hat nicht wie ein Hype-Train-Emote ausgesehen, ja. Okay. Warum baut man sowas hier nicht vorher da unten dran? Das ist jetzt ein bisschen fies von der Positionierung hier, aber das ist noch in Ordnung. Ja. Und die Dinger hier kommen jetzt an die Tragflächen in die Mitten. Einmal hier.
und einmal da. So. Ich lasse das gleich mal auf dem Kopf stehen, weil ich wusste es. Ja, ich wusste es. Okay. Zack. Warte, eins hiervon. Das kommt da dran. Alles klar. Da hängt jetzt schon ein Hundehaar, ne? An dem Modell hier. Ich fasse es nicht. So. Und so. Okay, die Dinger sind spannend. Oh. Oh. Okay, das ist cool. Das ist doch, das ist ganz nice. Das ist ganz hübsch. So, 4 von den glatten Dingern. 1 und 2 davon. Und dann 4 Blinklichter. So, 4 Blinklichter. Sind wir immer noch auf dem Kopf? Nein. Jetzt drehen wir wieder um. Dann doch keine Blinklichter. Einfach nur normale Schiffsbeleuchtung. Alles klar. Ja, gut. Kann man auch machen. Kann ich auch mitleben. Ich hoffe, die müssen wir nicht beleuchten, weil diese kleinen Dinger hier, diese da, ne? Diese runden Teile, die man hier draufsetzt, wenn da eine LED drunter muss, das war beim Dingens, beim Langhals echt fies. Das war richtig, richtig, richtig fies. Der Rest war ja noch in Ordnung, aber das ging irgendwie, und vor allem sind die Dinger danach nie wieder fest. Weil man das Kabel natürlich auf der Seite rausführen muss. Ich hoffe ein bisschen, dass das hier heute anders ist. Warum ist denn das so instabil? Weil es ein Schiff ist, ne? Das muss nicht stabil unten sein. Das muss halt einfach keinen geraden Boden haben, weil es ist ein Schiff. Das fliegt, oder auch wenn es ein Wasserschiff wäre, das schwimmt. Da braucht es keinen geraden Boden dafür. Das macht leider erstaunlich viel Sinn. Sekundenkleber regelt. Ja, aber dann wiederum sind wir bei der Diskussion, die wir gestern hatten, dass man Lego nicht klebt. Also wenn du die Diskussion führen willst, böse Alte, ich halte dich nicht davon auf, kein bisschen, aber ich empfehle es nicht, diese Diskussion zu führen. Da fehlt doch ein Teil, oder? Nee. Da fehlt kein Teil. Das muss tatsächlich genau so. Ah, ja, shit, doch, das passt sogar so. So. Ich hoffe, die Leute, die mich gestern belehrt haben, treten jetzt auch hervor. Sonst wäre das jetzt ein bisschen gemein. So. So. Jawohl. Und Aufkleber. 4 und 5. Okay, das sind lange Aufkleber. Mhm. Oh, lange Aufkleber sind halt richtig fies. Weil man die so leicht verkacken kann. Weil man nicht wirklich einen Punkt hat, wo man sie ausrichten kann. Und der Punkt, den man hat, der ist einfach viel zu klein. So, ich hoffe, das passt. Ja, das sieht sehr gut aus. Hallöchen, Jessie. Hi, hallo, hallo. So.
Ja. Puh. Die Sticker sind gerade drauf. Also so gerade wie nur irgendwie möglich. Sie stehen nicht über. Ich werte das als Erfolg. Als großen Erfolg sogar. Hier, hallo. Da, nee, so, doch, so halb. Hier, ja. Oh. Sehr gut. Es wird niemand die Diskussion mit böse Alte. Das ist jetzt, wow. Wow. Ich fühle mich, nun ja, nicht mehr unterstützt. Du weißt nicht, worum es geht. Ja. Das ist auch nicht schlimm. So. Flupp. Das war der Versuch einer kleinen Rache für gestern, aber das, sagen wir mal so, es ist beim Versuch geblieben. Es hat nicht funktioniert. Wie schön, dass wir uns einig sind. Boah. Oh, sehr gut. Sehr gut, ja. Wo? Okay, warte mal. Wir haben jetzt zwei Technik-Dingsens. Technikachsen. Und ich bin... Wo müssen die hin? Warum müssen die da hin? Ach so, warte mal. Ach, das ist die Rückseite, die ich anschauen muss. Okay, warum müssen die da rein? Und kann man das da reinschieben, ohne dass alles kaputt geht? Ah. Es wirkt nicht so, als könnte man es reinschieben, ohne dass alles kaputt geht. Ah, doch. Okay, dann ist das hier nur störrisch. Sei nicht störrisch. Sei nicht. Moment. Ich bin nicht genau sicher, wie weit die dann rausschauen werden. Gar nicht, laut Anleitung. Ach so! Meine Güte, bin ich bescheuert. Das Ding geht deswegen nicht rein. Weil das hier an dem... Das macht die Flügel fest. Das macht die Flügel fest. Ja, jetzt wird ein Schuh draus. So. Na? Ja, ich hoffe, ich breche doch jetzt irgendwie nichts ab oder so. Aha. Ah, okay. Du warst nicht wirklich fest, ne? Wenn du hier einfach so runterdüst. Nee. Du bist nicht sonderlich fest. Okay. Sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt nicht mehr mit den Flügeln wackeln, aber die Flügel stehen so ein bisschen nach oben. Das ist so ein ganz kleines Stückchen. Lassen wir mal kurz schauen. Dieses Teil habe ich hier richtig befestigt, weil das ist nicht sonderlich fest. Das ist, glaube ich, das lockerste Teil hier gerade an dem ganzen Set. Okay, aber passt. Jetzt kann ich es halt... Es ist schon wieder locker, dieses Teil. Sag mal, hör mal auf. Nein. Bring böse Alte nicht auf Sekundenkleber-Ideen. Oh, jetzt ist es fest. Das war nie fest. Okay, ich bin doof. Alles meine Schuld. Sehr schön. Dann befestigen wir die Dinger hier dran. Clip und Clip. Und hier auch. Ein Clip, zwei Clip. Sehr schön. Oh, ja, so langsam
So langsam fangen diese Flügel an, in meinem Kopf auch Sinn zu ergeben. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also entweder wird mein Platz hier zu eng, weil ich habe das Gefühl, ich randaliere hier so ein bisschen. Weil dauernd haue ich das Ding hier jetzt momentan durch die Gegend. Aber hey, solange es nicht kaputt geht dabei und stabil bleibt, bin ich eigentlich ganz glücklich. So. Das kommt hier dran. Und das Ding kommt da. Ich bin gespannt, was das jetzt wird. Wir bauen hier sowas. Das wird irgendwas mit den Flügeln zu tun haben. Hoffe ich. Ich weiß nur nicht was. I don't know. So. Seht ihr, das meinte ich gerade. Geh mal dahin. Das Ding ist nicht mehr besonders sicher bei mir. Das ist gerade gar nicht mal so gut, ne? Okay. 2 von denen hier. Wir bauen Sandwiches. Oh. Ich habe inzwischen echt Hunger. Das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein kleines Problem. Oh. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Aber es könnte eine fancy Gabel sein. Ich glaube, der Hunger spricht aus mir. Ich brauche tatsächlich irgendwas zu essen. Ich habe nur nichts. Nicht so wirklich. Okay, dann das hier. Und das kommt da unten dran und das bauen wir gleich auf der anderen Seite auch nochmal, wie es ausschaut. Warte mal, jetzt habe ich... nee. Oh, ich dachte, ich habe was kaputt gemacht, aber nein, das war nur unser du hast einen Fehler gemacht, Nupsi. Das finde ich sehr gut. Warte mal, wie rum, so rum, darum, hier rum. Und, habe ich das gerade falsch rumgebaut? Bin ich doof? Wo ist das? Ach so. Nein, ich habe gerade falsch rum gedacht. Was gibt's denn heute Schönes zum Knuspern bei euch allen? Das habe ich vorhin auch schon mal gefragt. Und das war alles lecker, ne? Und ich weiß es nicht, was es bei mir gibt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich war am Überlegen, weil eigentlich ist Samstag mein Bestelltag, ne? Dass ich mir irgendwas bestelle. Und dann, wenn es dann da ist, nochmal längere Pause mache oder so. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann habe ich zumindest was zu essen. Und ihr schaut mir nicht beim Essen zu. Ich finde, ich weiß nicht warum, aber ich finde es sehr, sehr merkwürdig, wenn man on Stream isst. Dann bestell halt was. Ja, werde ich sehr wahrscheinlich auch tun. Ich könnte rein theoretisch irgendwas kurz in den Backofen schieben, um es aufzuwärmen oder so, aber das ist... Samstag ist halt Bestelltag, ne? Das ist halt... Ich habe auch tatsächlich nichts vorbereitet oder so. Also, ich bin wirklich... Ich plane einen 12-Stunden-Stream und ich bin wohl der Mensch, der am schlechtesten vorbereitet ist dafür. Und jetzt wisst ihr, warum ich keine 24-Stunden-Streams mache. Weil ich kann nicht. Das wird nicht funktionieren. Das ist quasi unmöglich. Ich würde 24 Stunden nicht überleben. Das ist das Problem daran. Zack und zack. Sehr schön. Da. Genau. So und so. Sehr schön. Das war so rum, genau. Das war so rum. Gut. Ah ja. Da.
Da. Oh ja. Oh ja. Okay, diese Tragflächendinger hier vorne, die bewegen sich kaum noch. Die sind einfach nur hier befestigt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist gar nicht mal so übel. Warte mal. Ah, nee. Ah ja, den Schritt habe ich jetzt einfach übersprungen. Ja, sehr gut. So. Wunderbar. Wunderbar. Oh, so, Leute, erzählt mal, was ihr zu essen macht. Ich bestelle mir mal eben was. Ich hoffe, ich höre die Klingel, aber wartet mal. Ja, ich höre meinen Schnipsen, also höre ich auch eine Klingel. Das wäre sonst ein bisschen doof. Weil dann mache ich Pause, sobald das da ist. Dann kann ich dann auch noch mal kurz mit Sammy rausgehen. Und dann passt das. Jo, das sieht gut aus. Ich weiß noch nicht wo. Ich glaube, hier bei euch will ich was bestellen. Hunger macht seltsame Dinge. Du warst auf einem Hofflohmarkt, siehst, wie jemand den Stand mit Keksen in Blumen- und Herzform bewundert, einen kauft, sich bald die Zähne daran ausbeißt, bis die nette Dame ihm erklärt, dass es selbstgemachte Hundekekse sind. Ja, okay, das ist auch durchaus lecker, ne? Aber das sieht durchaus lecker aus. So rum. Ja, ich habe Hunger, ich kann nicht mehr denken. Das ist jetzt gar nicht mal so praktisch. Ich glaube, ich weiß, was ich will, oder? Weiß ich das? Ja, doch, weiß ich. Das ist in Ordnung. Ich glaube, Nudeln sind in Ordnung, oder? Ja. Ja, doch. Das glaube ich, passt ganz gut. So, jawohl. Oder doch die Dönerbox? Die Dönerbox ist halt auch geil, ne? Du hattest Bock auf Cordon Bleu. Oh, Cordon Bleu ist halt mega, ja. Cordon Bleu ist mega. Das Summe ist nur, ich habe irgendwann mal festgestellt, Schnitzel oder so, oder alles, was irgendwie mit Schnitzel zu tun hat, kannst du eigentlich kaum bestellen. Also zumindest hier. Es gibt, glaube ich, 1 oder 2 Services, die wirklich in Ordnung sind, was das angeht. Aber das sind leider die wenigsten. Sushi wäre echt nice. Sushi ist aber zu bestellen so wahnsinnig teuer. Das ist die Sache. Ich hätte auch gerne Bock. Ich hätte auch wahnsinnig Bock auf Sushi, ne? Das Problem daran ist nur, wenn ich das bestelle, dann bestelle ich so viel, dass ich, keine Ahnung, locker 50, 60 Euro zahle, ne, bis ich da das habe, was ich wollte. Sushi ist einfach zum Bestellen einfach viel zu teuer, finde ich. Ne, ich sage nicht, dass die Preise nicht gerechtfertigt sind, aber da setze ich mich lieber in ein All-You-Can-Eat Running Sushi und schnapp mir das Zeug einfach da runter und habe am Ende einen Festpreis, der mich sehr im Normalfall weniger Geld kostet. So. Da bin ich vielleicht ein bisschen eher. Du hast noch keine Ahnung, was es heute gibt. Oh. Ich habe mir jetzt eine Dönerbox bestellt. Und noch ein bisschen mehr, damit es sich lohnt und Mindestbestellwert und so, aber Pizzabrötchen kommen halt auch immer ganz gut. Da hast du den Vorteil, du bestellst unten im Restaurant, dann einmal kurz runtergehen, abholen und zu Hause futtern und das Ding ist mega. Ja, okay, wenn es ein echtes Restaurant ist, das ist nochmal eine Sache, ja. Das ist nochmal eine Sache. Also, aber jetzt so Dingens, für so zum normal bestellen, das meiste sind halt Lieferservices, ne? Das soll nicht heißen, dass die schlecht sind. Da gibt es auch echt leckere Sachen dabei, aber so manchmal, ne, man merkt halt auch, ob man bei einem richtigen Restaurant bestellt, die halt nur einen Lieferservice dazu haben, oder ob man bei einem Lieferservice bestellt. Ne, man merkt das schon. Nicht mal unbedingt am Preis, das ist das Interessante daran,
sondern einfach an der Qualität. So, Schritt 9, Leute. Schritt Nummer 9. Für Sushi to go ist London die beste Adresse? Ist das? Ja. Ich kann es nicht beurteilen. Ich war noch nie in London, ne? Deswegen kein Plan. Aber also es gibt hier schon auch richtig geiles Sushi, ne? Bei Dingens. Ich war mal in Köln. Und da beim Mediapark, so heißt der. So ein kleines Technologiezentrum, könnte man so sagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da um die Ecke gab es oder gibt es immer noch, ich weiß es nicht, ob der noch existiert, aber da gab es einen Sushi-Laden, da hast du das war relativ teures, All-You-Can-Eat-Sushi, hast du 30 € oder so bezahlt. Aber das war genial gut. Das war unglaublich. Wow. Das war das beste Sushi, das ich bisher gegessen habe. Also, holy, das war richtig geil. Aber keine Ahnung, ob es den Laden noch gibt. Oh, warte mal. Ich wollte ja Anfang Juni nach Köln. Dann könnte ich ja gucken, ob es den noch gibt. Hallöchen, Hallöchen Mine, Hallöchen Joggable. Hallo, ein wunderschön. Ich nenne dich jetzt einfach mal Mine, ne? So wie es Kontern auch tut. Ich hoffe, ich darf das. Ansonsten habe ich jetzt instant das Fettnäpfchen betreten, wie auch immer. Gut. Ja, Schritt Nummer 9 von 14. Gucken wir mal. Ne, wir haben definitiv schon mehr als die Hälfte geschafft und jetzt bin ich gespannt, was wir als nächstes bauen. Ich bin gar nicht so sicher, was das jetzt wird, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe es zwar, aber... Oh, das könnte... Ist das ein Flügel? Nein, das ist kein Flügel. Das ist das Heck. Ich glaube, das ist das Heck, was wir bauen. Das kann sein. Das ist durchaus möglich, dass das jetzt das Heck wird. Schauen wir mal. So. Aha. Ich bin bald in NRW. Ja, möglich. Ich bin auch nicht 100% entschieden. Also ich habe mich noch nicht zu 100% entschieden, ob ich aufs Indie Games Fest will. Aber ich gehe immer noch stark davon aus, dass wenn ich dieses Jahr irgendwo hingehe, was mit einem Gaming-Event zu tun hat, dass das Indie Games Fest für mich noch den meisten Sinn ergibt. Ne? Ein paar Connections knüpfen, sowas in der Richtung, was natürlich bei meinen Networking-Skills unglaublich leicht wird. Also, nee. Aber das wäre eine Idee, ob ich dahin will. Und das wäre, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, vom 1. bis 2. 1. 2. Juni, glaube ich, war das, wenn mich nicht alles täuscht. Weil ich es jetzt nicht komplett gerade im Hirn verdreht habe. Also ja, es könnte sein, dass ich demnächst mal in NRW zugegen bin. Oder was heißt NRW? In Köln. Sagen wir es konkret. Köln. So. Alles gut? Sehr schön, sehr schön. Hervorragend. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag bisher. An alle, die jetzt reingekommen sind, an alle, die hier schon den ganzen Tag rumhängen. Ich hoffe, ich kann euch gut unterhalten. An alle, die reingekommen sind, gerade erst. Ich hoffe, ich werde euch gut unterhalten. Also, es ist immer, ne, es ist ein 12-Stunden-Stream. Ich sag mal so, da Gesprächsthemen zu finden und so und ne, so grundlegend in einem Gesprächsflow zu bleiben, ist gar nicht so leicht. Auch wenn man immer wieder mal so von dem einen zum anderen kommt, aber es ist schon eine kleine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Da und da. So. Und so. Sehr schön. Ist jemand von euch im Juni in Jönköping auf der Dreamhack? Das klingt nach irgendwas Nordischem. Das klingt nach irgendwas Nordischem. Nee. Nee, tatsächlich nein.
DreamHack hatte ich auch schon mal irgendwann überlegt, ob ich mal da auf eine will. Mal so grundlegend, ne? Nicht nichts Konkretes, sondern eher so, ob ich da grundlegend mal hin will. Ich habe aber bisher für mich persönlich noch nicht den Reiz dazu gefunden. So. Das wäre halt auch mehr wahrscheinlich wegen dem Event-Teil drumherum, ne? Oder dass man halt vielleicht jemanden kennenlernt. Also Networking-technisch, nicht das, was ihr jetzt schon wieder denkt. Ich kenne euch doch, ihr Schlawiner. Oh. Ein Gold-Dingens. Gold ist nice. Obwohl ich bevorzuge Silber, wenn ich ehrlich bin. Aha, ich weiß nicht, was es tut, aber es ist hübsch. Es ist wie blaues Licht, nur dass es Gold ist. Ist hier in Schweden? Ja, okay. Und du bist schon eine ganze Weile da? Ja, sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Das ist doch dann ein gutes Zeichen, wenn du dich irgendwann dazu entschlossen hast, auch mal was zu schreiben. Und wenn es nur ist, dass du langweiliges Krankenhausessen hast. Komisches Krankenhausessen. Ja, gut. Krankenhausessen ist halt auch so eine ganz so eine ganz eigene Sache irgendwie, ne? Es ist halt da, es existiert. Essen will es niemand, aber man muss halt irgendwie, ne? Man kommt nicht unbedingt dran vorbei. Schweden ist toll. Ich will Schweden mal irgendwann sehen, ja. Das wäre tatsächlich ganz cool. Habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, ne? Dass ich mal... Oder habe ich das? Von der Japan-Rundreise, die ich mal irgendwann im Kopf hatte, oder wenn ich wirklich viel Geld zur Verfügung habe, also 10.000 plus, dass ich da mal so eine Japan-Rundreise machen würde für mehrere Wochen. Sowas hätte ich aber auch durchaus für... Ich vergesse immer, wie die nordischen Länder zusammengefasst heißen, ne? Ich vergesse es immer und immer wieder. Wie heißen die? Verdammt. Skandinavien, ne? Genau, Skandinavien, das meine ich. Für die skandinavischen Länder hätte ich sowas auch mal geplant, dass ich so quasi vom Osten einsteige mit der Fähre in das erste Land, das da oben rum ist. Ich habe keine Ahnung mehr, welches Land das war. Geografische Wildsau und so. Deswegen, ich bin, aufgeschmissen gerade. Und von da aus dann so Stück für Stück durch die einzelnen Länder durchziehen, bis ich halt wieder daheim bin. Das wäre so eine Idee, aber da brauchst du auch richtig, also zum einen brauchst du richtig viel Zeit. Das ist das eine. Das andere ist, du brauchst auch echt viel Geld, weil das ist halt auch nicht günstig, ne? Also von dem her. Hallöchen Rayman, hallo, ein wunderschön. So. Skandinavien, ja, ich weiß nicht warum, aber ich kann mir Skandinavien nicht merken. Jedes Mal, wenn ich von diesen nordischen Ländern spreche, sage ich immer, ja, die nordischen Länder halt, ne? Ich weiß nicht warum, das bleibt nicht in meinem Kopf hängen, dass das einfach, dass das Skandinavien heißt. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier Lustiges bauen. Okay. Das sieht mir nach einem Triebwerk aus, wenn ich ehrlich bin. So halb. Vielleicht auch nicht unbedingt ganz ein Triebwerk. So, darum versteht hier keiner den Insider, dass kein Mensch Dänisch versteht. Ich denke, der Witz existiert im deutschen Sprachraum nicht. Gut möglich, ja. Gut möglich, dass der bei uns einfach nicht existiert, ja. Das ist so eine Lost in Translation Sache dann. Da. Und hier. So. Du möchtest unbedingt mal nach Norwegen mit dem Auto fahren, im Auto pennen und so weiter. Ein Traum von dir. Ja, bei mir wäre es tatsächlich nicht im Auto pennen, sondern eine Route von Hotels dann abfahren. Das wäre so meins. Dass du halt jeden Tag unterwegs bist und quasi jede Nacht in einem anderen Ort verbringst. Und dich so halt dann durch die ganzen Länder durchziehst.
Aber ne, das kann man sich dann auch halt vorstellen. Ne? Gerade so Einzelübernachtungen sehen Hotels halt auch nur so bedingt gerne und die sind halt meistens dann auch teurer als der Rest. Ja, warte mal, das da und das da. Aber das wäre so, das wäre so ein Träumchen, ne? Das wäre halt wirklich so ein Träumchen von mir. Das mal durchziehen. Aber da brauchst du halt einfach echt Unmengen an Geld. Du kannst mir ein Auto leihen, da passt auch ein Zelt auf das Dach. Nein, bitte keine Zelte. Ich werde nicht campen. Ich werde nicht in meinem Leben campen. Niemals. Das ist eine Sache, die steht 100%, nein. Ich werde in keinen Zelten schlafen. Ich werde auch in keinen Wohnwägen schlafen. Nein. Ich bin jemand, ich brauch mein Hotel. Das ist auch der Grund, warum ich noch nie auf Wacken war, weil finde mal ein Hotel zur Zeit von Wacken. Und abgesehen davon, dass ich meistens für die Tickets zu spät bin. Aber nee. Ich bin der Mensch, der abends gerne dann in sein Hotelzimmer geht, duschen geht und dann schläft. Statt irgendwie stinkend oder in einer Gruppendusche oder sowas in der Richtung irgendwo da seine Zeit zu verbringen. Nein. Nee. Ich weiß, das ist nicht besonders Metal und so, aber geht nicht. Das ist nicht drin bei mir. Das, nee. Da. Couchsurfen? Ja, aber so viele Bekannte habe ich nicht, ne? Ich kann ja nicht in 5 verschiedenen Ländern bei 6 Wochen Reisedauer, ne? Ich hab ja keine 35 Leute, die ich kenne. Oder noch mehr. Ich habe mich gerade, glaube ich, verrechnet. Ich habe 6 mal 5. Nee, 5 mal. Ich habe 5 mal 7. Was? 42? Nee. Egal, so viele Menschen kenne ich nicht. Ja. Das ist, ja. Nee. Nee. Die Leute hast du dann kennengelernt? Ja, nein. Da bin ich nicht der Typ für. Absolut nicht. Kein bisschen. Ich schlafe bei niemandem so in irgendeiner Art und Weise auf, nein. Nee, gar nicht meins. Überhaupt nicht meins. So. Aber das macht's halt nicht einfacher, ne? Ich habe Ansprüche. Das ist ein großes Problem. Was das angeht. Das ist aber nicht besonders fest. Das hat nur 2 Pins gerade. Okay. Ich bin immer noch nicht genau sicher, was wir hier gerade bauen, aber es sieht cool aus. Es wird cool aussehen. Davon bin ich überzeugt. Aber was es ist, bin ich immer noch nicht so sicher. So. Habe ich irgendwas überlesen? Nee, ich glaube nicht. So. Ich versuche gerade hier die Konversationen aufzudröseln, weil ihr gerade etwas durcheinander geschrieben habt. Aber gut. Ist in Ordnung. So, wir brauchen einen Sticker, Leute. Es ist wieder Sticker-Time. Welchen Sticker brauchen wir denn? Die Nummer 10. Den hier. Den hier. So. Wie rum? So rum. Ja, genau. Deine Ansprüche sind Futter und Schlafplatz für deine Hunde und dich. Der Rest ist Luxus. Du lebst oft aus dem Koffer. Ja, nee, ich kann das nicht. Ich bin da überhaupt nicht der Mensch dafür. Ich brauch einfach... Nee.
hey, ne, dann machen wenigstens die Hotels ihren Gewinn und so. Und das ist doch auch eigentlich super, wenn man mal so drüber nachdenkt. So. Da. Hier. Okay, ich weiß immer noch nicht, wo das jetzt hinkommt, was wir hier bauen, ne? Ich bin nicht sicher, was genau das ist. Ich bin nicht sicher. Das könnte was mit dem Hack zu tun haben, aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, ja, es hat definitiv was damit zu tun. So. Im Auto geht das? Echt? Im Auto schlafen oder so? Oder? Nee. Nee. Ihr seid ja wild, hey. Ihr seid ja vollkommen wild. Ich bin, was das angeht, echt total anders, ne? So, kurz mal gucken. 30 Minuten angeblich. Änderung der Lieferzeit in 45 Minuten. Jetzt noch 30. Also, es bleibt bei 30. Ich kenne den Lieferservice. Wenn die ursprünglich 30 schreiben, dann bleibt das bei 30. Egal, was die daraus dann machen. Irgendwann. So, was haben wir denn? Wir haben... Okay, pass auf, das. Darauf kommt das. Und darauf kommt das. Und das sollen wir jetzt irgendwo festknupsen, knapsen. Ach so, warte mal. Oh, falsch rum. Deswegen. So rum. Oh. Okay, das ist interessant. Wir bauen das Teil gerade, zumindest nach meinem Empfinden, falsch rum zusammen, um es dann hier so als Booster-Gedöns nutzen zu können. Doch, das wird definitiv das Hack. Ja, doch, das ist definitiv das Hack. Definitiv. So. Hi, what are those monitors? I don't know. Some from AOC, 24 inches. I have no idea what model exactly. Makela, mach dir noch einen schönen Tag, ne? Mach dir noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Bis denne. So. Du bist gerade in den letzten Zügen von Wolong. Okay. Which brand? AOC. So. Mouse models? What, this one? Logitech. MX Master 3. So, dann hier, warte mal, wo muss das Zeug hin? Da muss das Zeug hin. Alles klar. Wunderbar. So. Okay, nächster Sticker und, oder? Ja, doch, nächster Sticker. Und nächstes Dingens. Ich bin immer noch leicht verwirrt, wie wir das, wie, wann, warum da hier zusammenbasteln. So, warte. Stopp. So. Da findest du ein Reisemobil besser. Da kann man mehr Essen transportieren. Ja, aber wird das im Auto nicht irgendwann schlecht? Ich glaube, das wäre dann so meine größte Angst in dem Ganzen, ne? Dass einfach das Essen irgendwie schlecht wird. Also ja, es gibt Kühlboxen oder so, aber die halten ja auch nicht ewig. Ich bin immer noch nicht sicher, was genau wir hier bauen.
muss irgendwas am Ende des Flugzeugs sein, also am Heck. Heck nennt sich das Ganze, ne? So. Geländetauglich ist mit dem Wohnmobil immer etwas schwierig. Ach, kommt aufs Wohnmobil drauf an, oder? Also, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe ja eh keine Ahnung von dem Ganzen, ne? Das ist, da bin ich halt wirklich komplett überfragt, was das angeht. Aber, weil es halt so gar nicht meins ist. Aber prinzipiell, gibt es, also jetzt mal tatsächlich Frage, gibt's geländetaugliche Wohnmobile? Gibt sowas? Also ohne, dass es irgendwie ein umgebautes Militärfahrzeug ist. So, okay. Das gehört so hier drauf. Mhm. Ach so. So. Und so. Ja, klar. Okay. Wie gesagt, ich habe, ne, was das angeht, echt nicht den leisesten Schimmer einer Ahnung. Oh. Oh. Das ist ja tatsächlich hintenrum. Oh. Deswegen sind hier diese Aufnahmenupsis dran. Damit wir jetzt diesen hier Clip, Clip machen können. Oh. Oh, jetzt kann man mit dem Schwanz wackeln. Gibt's mit Allrad und mehr Bodenfreiheit. Sehr teuer. Ja, okay. Gut, es gibt eigentlich... Warum frage ich eigentlich? Es gibt ja halt auch nichts, was es nicht gibt, ne? Muss man halt auch mal so sagen. Okay, das ist cool. Das ist sehr hübsch. Wir haben jetzt diesmal ein einziges Ersatzteil. Das ist nicht so wahnsinnig viel. So. Aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich gebe euch noch mal ganz kurz so einen Komplett-Rundown hier. Moment. Lass mich mal ganz kurz hier die... I. Da. I kommt vor M. Habe ich irgendwann mal gelernt. Ist lange her, aber das ist so. So. Hier, so sieht das Ganze jetzt aus der Nahaufnahme aus. Jetzt ein bisschen mehr aus der Fernaufnahme. Und das wird schon, ne? So langsam erkennt man auch, dass das ein Schiff wird. Da drin sieht man jetzt einen Monitor mit einem Donut davor. Hier drüben ist die Kaffeeecke. Ich mag das mit den kleinen Details. Ne, das ist nicht viel, aber es sind einfach so ganz kleine, niedliche Details. Das ist richtig cool. Hier vorne kommt dann, da kommt dann das Cockpit hin, wie es ausschaut. Da wird wahrscheinlich noch irgendwie so ein Stuhl hinkommen, vermutlich mal. Dann die 2 Tragflächen, die wir bisher haben. Von oben und das eine Teil des Bürzels, könnte man so sagen. Und hier diese Aufnahmen meinte ich. Die sind jetzt einfach hier drüben. Da ist das Ding jetzt dran geklippt. Und dadurch ist das frei beweglich, mehr oder weniger. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Allgemein, Detailreichtum von dem Ding finde ich bisher richtig gut. Gute Kamera, mein Handy. Ja, mega gut. Dafür zieht diese App aber auch gefühlt den halben Akku in 10 Minuten leer. So, und hier jetzt nochmal von unten betrachtet. Also, sieht schon echt richtig cool aus, das Ding. Hier die Schubdüsen. Ne, jetzt fokussiert er aufs Dings. Das ist schon sehr geil. Aber es hat halt auch inzwischen echt so ein... Es braucht nicht viel, damit es umfällt. Achso. Ne? Es hält nicht mehr so... Also es hält noch. Es hat noch genug Balance, um quasi gerade zu stehen, aber
Die geht so langsam verloren. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooles Ding. So, hier hin. Zack, zack. Sehr schön. Dann machen wir mal den nächsten Bauschritt, oder? Würde ich mal sagen. Da ist schon wieder Rest von Tasse. Rest von Tasse interessiert nicht. Kurz mal das Ding hier einfach dahin schieben. Und dann sind wir bei Bauschritt 10. Und damit sind wir mehr oder weniger bei 2/3, wenn der hier durch ist. Also tatsächlich mehr als 2/3. Weil es sich nicht genau ausgeht. So. Warte. Geht auf der anderen Seite einfacher. Natürlich. Dam. Hier. Sehr schön. Wir bauen das gleiche Ding nochmal, nur spiegelverkehrt, ne? Ja. Sehr schön. Leute, wusstet ihr übrigens schon, dass morgen Karas versus die Welt, ich will es immer Englisch sagen, es ist aber nicht Englisch, stattfindet auf dem Kanal von Channel Souls. Challenge Souls, nicht Channel Souls, WTF. Ne? Falls ihr euch daran erinnert, dass wir vor schon einer ganzen Weile mal in DS3 unterwegs waren, ne? Dark Souls 3. Und das Event geht jetzt endlich weiter. Die nächsten drei Leute gegen Karas sind jetzt unterwegs. Morgen geht's um, ich glaube 9:30 Uhr. Das war echt früh. Geht's los. Und dann, dann kann man da den ganzen Tag verbringen und die Leute anfeuern. Aber warum erwähne ich das jetzt so explizit? Weil ich im zweiten Run kommentieren werde, gemeinsam mit Shargo. Also Shargo ist den ganzen Tag beschäftigt. Ich bin nur dann im zweiten Run dabei. Ich habe vergessen, bei wem ich kommentiere. Also wer da gerade läuft. Aber man kann sich sicher sein, dass es chaotisch wird, glaube ich. Also von dem her, ne, morgen irgendwann ab 12 Uhr. Geplant ist irgendwas zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr, dass der zweite Run losgeht. Aber ihr könnt auch den ganzen Tag zuschauen. Ne? Das ist durchaus spannend, was da passiert. So. Das war jetzt nur halbe Werbung in eigener Sache. Ne? Und eine Stunde weniger Schlaf. Ach, stimmt ja. Heute Nacht ist ja Zeitumstellung. Okay, ja, ach Mann, das ist... Adel, das habe ich total verdrängt. Das habe ich total verdrängt, dass die ist... Ach Mann, ja. Eine Stunde weniger Schlaf. Gut, ich sehe es positiv. Sammy freut sich, weil sie kriegt jetzt erstmal eine ganze Weile immer eine Stunde früher Futter. Ne, also für sie ist... Essen! So, Leute, kurze Pause, ich esse und dann geht's weiter. Entschuldigung, bis Pause gleich und so, ne? Hier. Das ist noch nicht, das ist noch falsch. Da. Ich sag doch, das geht schnell. Bis gleich.
Hallo, da bin ich wieder. Frisch gefüttert. Ja, Handy, ich weiß. So. Ich hoffe, die Pause war jetzt nicht... ich glaube, die war in Ordnung. Ne? Was war das jetzt? Viertelstunde oder so? Ja, gut. Dankeschön, Adel. Ja. Lecker Dönerbox. Sammy wurde auch gelüftet und gewässert, weil offensichtlich haben wir momentan immer das Glück, genau dann rauszugehen, wenn gerade der stärkste Regenschauer runterkommt. Nun, ja, Sammy ist ein bisschen nass. Ich konnte mich glücklicherweise retten, was das angeht. Aber ja, ich habe jetzt kein Hüngerchen mehr. Das ist super.
Und ja, böse Alte, ne? Wenn du ein Hüngerchen hast, such dir was Kleines. Wenn du keinen großen, ne? Wenn du nicht groß irgendwas essen willst, such dir irgendwie eine Kleinigkeit. Irgendwas, weiß ich nicht. Was ich ab und zu mal mache, weil ich irgendwann mal aus Versehen die kleinen Dosen bestellt hatte, die kleinen Dosen Mais. Wenn mich irgendwie abends noch so der Heißhunger packt, bevor ich ins Bett gehe, dann esse ich einfach so eine Dose Mais. Klingt super schräg, aber dann mache ich halt so eine kleine Dose Mais auf, Löffel rein, lecker. Erstaunlich lecker, aber ich liebe Mais, deswegen geht das bei mir. Aber das hilft dann extrem, weil Mais wahnsinnig satt macht wegen der Ballaststoffe. Es ist ja eigentlich nur Ballaststoffe. Ja, das ist tatsächlich richtig gut. So. Ja, Leute, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren mittendrin in Bauschritt Nummer 10. Genau, wir haben gerade angefangen. Wir haben gerade diese kleine Leiste hier zusammengestöpselt. Da fehlt noch ein Teil. Dann ist dieser Schritt Nummer 314 fertig, ne? Dann wurden wir unterbrochen vom Klingeln. Ich habe doch gesagt, ne? Wenn die ursprünglich 30 Minuten schreiben, dann bleibt das auch bei 30 Minuten. Ich kenne den Lieferservice. Ja, ne? Ich hoffe, ihr habt die Pause auch ganz gut genutzt. Seid mal eben kurz, weiß ich nicht, seid mal eben kurz auf Klo verschwunden oder was auch immer. Irgendwie sowas in der Richtung. Oder habt euch selbst irgendwie was Kleines zu essen besorgt, Trinken nachgefüllt, ne, so Sachen halt, ne, was man halt so macht in so Pausen, ne, wenn der Streamer weg ist, weil was soll man dann auch tun, ne, eine Viertelstunde den gleichen Screen anstarren, auf dem sich nichts ändert. Obwohl, es hat sich ja was geändert, ne, ich habe ja mein tolles, meinen tollen Zettel noch geschrieben, damit ihr wisst, wann es wieder weitergeht. Damit ihr selber so ein bisschen planen könnt. Ja, ich baue mal hier wieder fleißig weiter in der Zwischenzeit. Und dann, suche ich Teile. Da ist es. Da ist es. Sehr schön. Sehr schön. Da. Wo waren wir eigentlich thematisch stehen geblieben? Ja, Zeitumstellung, richtig. Was du dann meist nicht magst, ist, dass immer was zwischen den Zähnen hängen bleibt, wie bei Popcorn. Ja gut, Popcorn ist ja auch nur Mais, so gesehen, ne? Also, wenn man jetzt mal ganz streng das Ganze betrachten will, also auch weniger streng passt das sogar, aber weiß ich nicht, die Erfahrung habe ich selbst eigentlich nicht wirklich gemacht. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich einfach geboren, um Mais zu essen. Da bleibt bei mir eigentlich nichts zwischen den Zähnen hängen. Aber, ne, also gerade so, ich weiß, das ist super schräg, einfach eine Dose Mais aufmachen und den Mais löffeln, aber, ne, andere machen das mit Nutella. Da finde ich den Mais noch ein bisschen sinnvoller. Weiß nicht warum, aber ja. Und danke, Joggable. Dankeschön. Du hast dir in der Zeit Tee aufgesetzt. Ja, nice. Darf man fragen, welche Sorte? Bestimmt irgendwas Tolles, ne? Irgendwie so eine ganz fancy Teesorte oder sowas in der Richtung. Ich bin ja der Typ, ich habe Fertigbeutel, wenn ich mal Tee trinke. Du bist aktuell dabei, Playlists auf Apple Music zu finden. Brauchst du unbedingt neue Musik für Hintergrundbeschallung. Oh. Wenn es jetzt Spotify gewesen wäre, hätte ich dir gesagt, dass der Soundtrack von Rainworld da drauf verfügbar ist. Und ich den bisher eigentlich sehr, sehr geil finde. Wobei der auch immer so ein bisschen eine bedrohliche Stimmung erzeugt, wie ich finde. Vorher Zähne rausnehmen, dann bleibt auch nichts hängen. Wow. Ja gut, wenn man das kann, okay, ja. Man kann Mais auch einfach so schlucken, aber ich finde, so ein bisschen zum Sattwerden-Gefühl gehört halt auch Kauen, ne?
Deswegen weiß ich nicht, ob das dann so gut ist. Aber prinzipiell kann ich dieser Aussage durchaus zustimmen. Oder halt einfach direkt nicht kauen und einfach schlucken. Dann kann man die Zähne sogar drin behalten. Du bist auch komisch, du machst das gleiche mit Baked Beans. Oh, okay, ja, das ist sehr schön, sehr schön. Dann fühle ich mich nicht mehr ganz so merkwürdig. Dann fühle ich mich schon gar nicht mehr ganz so komisch, was das angeht. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Baked Beans oder so gegessen, wenn ich ehrlich bin. Also ich könnte mich jetzt zumindest nicht daran erinnern, dass ich die schon mal irgendwann hatte. Vielleicht irgendwo, wo ich es nicht bewusst irgendwie wahrgenommen habe, aber so direkt. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, ich wüsste zumindest nicht, dass ich irgendwann schon mal Baked Beans gekauft hätte. Ja. Den Soundtrack zu Rainworld gibt es auch auf Apple Music. Ah, okay, nice. Hallöchen Sora. Hallo, hallo, ein wunderschön. Der war nicht nach Essen wegen Fieber und so. Ah ja, stimmt, böse Alte. Du hast ja gestern geschrieben, dass du auch krank bist, ne? Geht's dir wieder besser? Ist das über Nacht besser geworden? Ich hoffe doch, zumindest ein bisschen. Jetzt konntest du den Einkaufswagen voll verputzen. Ich würde das mal spontan als ein gutes Zeichen deuten. Aber stimmt, ja, das hattest du ja gestern geschrieben, dass es dich auch erwischt hat. Ach. Mir geht's besser als gestern. Na, das ist doch super. Das ist doch super. Das ist so mitunter eine der wichtigsten Sachen. Dann hoffe ich mal, dass das so bleibt und dass es weiter vorwärts geht. Oder aufwärts, besser gesagt, in dem Zusammenhang. So. Wir haben schon nach 4 Uhr, wie zur Hölle ist es schon zu spät. Das ist mir auch gerade aufgefallen, als ich Pause gemacht habe und den Zettel geschrieben habe, so von wegen, ne, es ist um 10 nach geht's weiter. Da ist mir auch aufgefallen, so, oh, wow, es ist schon, wir haben schon über 6 Stunden Stream, Leute. Wir sind jetzt bald bei 6,5 Stunden. 12 Stunden hatte ich veranschlagt. Also so als grobe Idee für das Ganze hier. Aber ich habe das Gefühl, dass wir bestenfalls ein bisschen schneller durchkommen. Also gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Die Beleuchtung kommt ja noch dazu. Aber so prinzipiell könnten wir, also ne, ich glaube, dass ich mit meinen 12 Stunden gar nicht mal so falsch lag. Von der Schätzung her. Warte. Warte, ich überspringe hier schon wieder Schritte. Erst den hier. Erst das. Nee, warte, das ist der Schritt, den ich gerade gemacht habe. Ich habe nur einen Teil davon vergessen. Okay, gut. Sehr schön. Sehr schön. So. Du warst zwar erst so 12:30 Uhr wach, aber du hast dann kurz Küche aufgeräumt und Essen gemacht. Was zur Hölle? Ja, so kurz war das dann offensichtlich nicht. Das war dann wohl doch ein bisschen umfangreicher, als du dachtest, aber hey, wenn die Zeit schnell dabei vergeht, ist das doch eigentlich super, weil dann, ne? Dann ist es, ich finde persönlich, ne, wenn sich die Zeit irgendwie schnell vorwärts bewegt oder wenn man das Gefühl hat, dass die Zeit schnell vergeht, gerade bei so Aufgaben wie Aufräumen oder sowas in der Richtung, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich weiß nicht genau für was, aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Dafür, dass es einen nicht stört. So, dafür, genau, richtig. Und Adel hatte halt Chicken Wings, ne? Mich wundert es echt, dass Eol noch nicht aufgetaucht ist. Mich wundert es wirklich. Weil also allein Adel hätte den heute eigentlich schon, ne, im Alleingang beschwören müssen. Es wundert mich wirklich. So. Ja. Und yep. Aber 12:30 Uhr aufstehen ist halt eigentlich auch ganz nice. Gerade am Wochenende, wenn man keinen
keinen großen Druck hat oder so, einfach ausschlafen. Ne, ich habe es gestern schon gesagt, ich kann zurzeit einfach nicht ausschlafen, weil mein Körper sagt, nee, nach 6 Stunden bist du einfach wach. Ne, ich hatte mir ja auch gestern den Wecker auf, hatte ich euch ja sogar gezeigt, auf 8 Uhr gestellt. Bin dann um 1 ins Bett und um 7 Uhr hat mein Körper gesagt so, hallo, guten Morgen. Ich konnte es dann noch bis 7:30 Uhr rauszögern, aber schlussendlich, ja. Ich weiß nicht, warum mein Körper das nicht will. Und dann stehe ich aber auf und bin hundemüde und könnte mich instant wieder hinlegen, aber dann ist halt nichts mit Schlafen in dem Moment. Ich weiß nicht, was mein Körper da für Dinge tut und warum er das tut und was ihn da so davon abhält, einfach zu schlafen. Einfach so. Einfach schlafen. Das wäre toll. Eol mag dich bestimmt nicht mehr, deswegen kannst du ihn auch nicht beschwören. Oh, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. So ist Eol nicht drauf. So. Es wird schon seine Gründe haben, warum der heute noch nicht aufgetaucht ist. Da gehe ich jetzt mal ganz, ganz stark von aus. Vielleicht hat er spontan doch eine LAN-Party gefunden, wo er teilnehmen kann. Nicht so wie neulich, wo er ja tatsächlich massiv enttäuscht war. Weil das alles Leute waren, die so gar nicht zu ihm gepasst haben. Das war echt ein bisschen schade für ihn. Also, da hat er sich ja extra Urlaub genommen und dann geht er dahin und dann sind's, das war ein bisschen bitter. Das war tatsächlich ein bisschen bitter. So. So rum. Also so rum. So, und jetzt die Reihe voll machen, ne? Jawohl. Ja. So. Und so. Und da. Jetzt habe ich irgendwie so einen leichten Frosch im Hals. Das passiert mir so häufig, dass ich was esse und danach kommt irgendwie so eine Art Frosch im Hals plötzlich rum. Der dann die ganze Zeit da sitzt und mich ne? Der mich die ganze Zeit der die ganze Zeit dafür sorgt, dass ich mich räuspern muss. Ich finde es, ist nicht so prickelnd, aber hey. Also wenn ich mich räuspern muss und so, ihr wisst, woran es liegt. Das passiert mir relativ häufig nach dem Essen. Da war's. Wie soll das Schiff eigentlich am Ende aussehen? Moment. So. Nur mit einem Ständerchen drunter. Also. Weiß nicht, kriege ich das so hier hin? Da sieht man, da. Achso, da auch, ja. Gut. Er hat Ständerchen gesagt. Wow. Das zieht halt einfach immer wieder, ne? Das ist wow. Ja, ich bleibe bei meiner Aussage. Wir sind geistig alle einfach immer noch 12. Ne? Das ist ja, also das ist ja schon schlimm, ne, mit uns. So. Achso, und fortschrittstechnisch sind wir jetzt bei Bauschritt 10 von 14. Also, wir sind jetzt dann so langsam oder ab dem nächsten Schritt im letzten Drittel. Die Internet ist verporen, oder wie war der Spruch nochmal? Das heißt der Spruch, das ist ein Lied. Ein sehr, sehr altes Lied, das ich noch in Zeiten vor YouTube kennengelernt habe und gesehen habe. Vor allem wusste ich damals noch nicht mal wirklich, was Porn ist. Hab trotzdem gelacht.
So, was wäre einer von euch eine Frau? Müsstet ihr euch mit Stöckchen voneinander... Was müssten wir euch mit Stöckchen voneinander fernhalten? Was? Adel und Eol? Uff. Du bist gespannt, wie ich das große Gelbe baue? Das große Gelb? Warte, was für ein großes Gelbes? Was für ein großes Gelbes meinst du? Ach. Du meinst die Sonne im Hintergrund. Wow. Das Runde. Ja. Jetzt habe ich es auch verstanden, ne? Leute, eine Sache, die euch sehr freuen wird. Wir haben den letzten Sticker. Der letzte Sticker, der zum Einsatz kommt. Nee. Ich muss das so hindrehen, damit es zusammenpasst. So rum. So rum. So. Was nur die Männer bleiben 12, ihr werdet erwachsen und müsst auf uns aufpassen. Ist das wirklich so? Ist das bewiesen? Ich bin mir da nicht so sicher, böse Alte. Ich bin mir da wirklich nicht so sicher, ob das auch für Frauen gilt, ne? Ob ihr wirklich so erwachsen werdet, wie ihr immer tut. Die Musik ist gerade ein bisschen schräg. Ich lasse es mal laufen, weil mich interessiert, wo das hingeht. Also, als würden Hamster im Hintergrund anfangen zu quietschen. Der junge, unschuldige Benny, bevor er das wahre Internet entdeckt hatte. Ja, genau das. Genau das. Damals, ne? Damals. Ich war vielleicht, weiß ich nicht, so 11 oder 12, irgendwie sowas um den Dreh, ne? Da weißt du noch nicht, ne? Da weißt du noch nicht, was so im Internet abgeht. Da ist das in dem Moment einfach nur eine faszinierende Technologie. Und dann entdeckst du den Abgrund, der sich damals noch rotten.com nannte. Gibt es inzwischen glücklicherweise nicht mehr. Und nun. Das sind Gummihandschuhe beim Spülen. Oh ja, das ist... Stimmt, die könnten ähnlich klingen, ja. Schön. Es ist ja... Wow. So. Und da. Sehr schön. Und das kommt jetzt wieder hier hinten so dran. Da sind noch andere Sachen, die man da dran docken kann, wie es ausschaut. Wir verbauen nämlich ganz schön viele von diesen kleinen Nupsis, die man irgendwo einhaken kann, damit es sich am Ende bewegt. Spannend. Spannend. So. Männer altern noch nur bis 8, danach wird man nur größer und das Spielzeug wird wird teurer. Ich weiß es nicht. Mama, was machen die da? Papa, 69. Die machen deine Eltern auch gerne. Du, was? Was? Bitte, was? Da ist der Beweis, ich denke an Hamster, du an Spülen. Weil ich Verantwortung für Hamster übernehme. Wenn die so quietschen, dann mache ich mir Sorgen um die Hamster. Warum die so quietschen? Das nennt man Verantwortung, böse Alte. Hamster haben sowieso schon nicht so eine hohe Lebenserwartung. Da muss man auch dafür sorgen, dass die auch erreichen. Ne? Und deswegen mache ich mir da schon den ein oder anderen Gedanken, warum die so schreien. Spülen wiederum ist nebensächlich.
Das ist eine Sache, die macht keinen Spaß. So. Hoppala. Ach so, ja, wenn man versucht, ins Nichts, in die Luft ein Teil zu bauen, dann funktioniert das halt nicht, ne? Das ist erstaunlich logisch, wenn man drüber nachdenkt. Sie hören Ausreden für Anfänger. Was heißt da Ausreden für Anfänger? Mir werden hier schon wieder Dinge unterstellt. Das ist ja... Das ist einfach nur wow. Nee. Immer diese Unterstellungen hier. Schlimm. So. Okay. Oh. Okay. Das gehört jetzt offensichtlich hier unten dran. Klick, klack. Mir war in den Filmen nicht bewusst, dass dieser Flieger so massiv beweglich ist, ne? Also, dass da so viele Teile irgendwie ausfahren können. Aber das ist, okay, das ist cool. Das ist cool, zeige ich euch dann. Weil ich glaube, wir bauen da jetzt die zweite Variante davon. Jawohl, bauen wir. Sehr schön, sehr schön. Die Luft bauen. Ne, die Matrix hat da noch keine Collision aufgebaut. Ja, ich habe das gemerkt, ja. Ich habe das durchaus bemerkt. Ist nicht gut. Would not recommend. Nicht mal ansatzweise. Zack. Das müsste so rum gewesen sein. Nee, war es nicht. Doch, war es. Perfekt. Bauen, ohne auf die Anleitung zu schauen, weil man meint, man hat das noch im Kopf, was man gerade gebaut hat. Ja. Ne? Ihr kennt alle mein Gedächtnis und wie gut das wohl funktioniert. Hier unten. Da wird langsam ein Schiff draus. So, kurz mal hier die Teilchen da rausholen, die ich noch brauche. Zack. Wartet. Das machen wir so. So. Okay. Dann haben wir das hier. Das sieht richtig aus. Jawohl. Ne, fast so rum. So rum. Ja. Obacht. Erstaunlich stabil. Dieses kleine Ding hier. Erstaunlich stabil. Ach so, und das kommt jetzt da dran. Ne. Dann weiß ich, was hier auch gleich auf die Seite kommt. Okay, cool. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Also falls jemand selber dieses Set haben will, ich kann es tatsächlich nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß, das zu bauen. Ich kann jetzt keine Bewertung geben im Sinne von, ist für Anfänger geeignet oder sowas in der Richtung, weil ich habe keine Ahnung, wo ich mich da selbst einstufen sollte in diese tollen Kategorien, die da gerne genutzt werden. Aber ich empfinde es als absolut logisch, wie das Ding hier aufgebaut wird. Und das Ergebnis ist wirklich cool. So. Haare. Schwester, USB-Stick. Was? Welche Schwester? Welcher USB-Stick? Von was redest du? Zählt das nicht im Grunde für jedes Lego-Set, dass es Spaß macht, das aufzubauen? Ja, jein, weiß ich nicht. Angeblich soll es welche geben, die weniger cool sind. Also, weiß ich nicht. So sieht unser Vogel bisher aus.
Ja, wir haben jetzt hier das Heck gebaut, das übrigens sehr, sehr, sehr flexibel ist, weil wir können das da abhaken, wir können das hier abfahren, wir können das komplette Ding abfahren. Das ist wirklich nice. Das sind mehr Features, als ich erwartet hatte. Deutlich mehr Features. Ich lasse das mal so ein bisschen kompakt hier zusammen, aber das sieht echt schon richtig, richtig gut aus. Abgefahren. Ja, total. Also wirklich abgefahren. Hast du die Dinger beieinander? Das ist richtig cool. Oh, das einzige Problem ist, ich weiß noch nicht, wo ich es hinstelle. Das könnte noch ein Problem werden. Oder was heißt ein Problem? Ich habe noch nicht so wirklich den Plan, wo ich es hinstellen will. Ich muss es momentan erstmal auf den Schrank stellen oder aufs Regal, weil ich habe schlichtweg keinen anderen Ort, wo es Platz hätte. So. Okay. Bauschritt Nummer 11. Lasst mal kurz die 11 suchen. Das ist die 14, 13, 12. Natürlich ist es genau die Tüte, die ich als letztes in die Hand nehme. Was? Du hast hier einen 7 Jahre alten Lenovo-Laptop vom Schwager stehen, wo Win 10 nicht mehr so gut drauf läuft. Mit mehr Vieren als die Frau am Strich beim was? Was? Wenn wir es sicher verkleben, können wir die Dinger da hinten als Skillzange verwenden. Nein. Hier wird nichts verklebt. Nee. So. Ach so, als die... Oh Gott, jetzt. Ach Mann. Böse Alte sollte endlich was essen. Du meinst, sie sollte weniger am Kleber schnüffeln, weil sie darauf so sehr beharrt, dass man alles verklebt. Ist das, was du meinst, Adel? Habe ich das richtig interpretiert? Weil irgendwo muss die Obsession mit Kleber ja gerade herkommen. Nein, wegen Grillzange. Ach so. Ja, das vielleicht auch. Das habe ich schon wieder überlesen. Oder besser gesagt nicht überlesen, aber nicht wahrgenommen. Oh, sehr schön. Oh, warte mal, was ist denn das? Oh, wir haben ein Nummerneingabefeld. Ne? Ein Keypad. Nice. Adel versteht dich. Ja. Ja, Benny nicht. Nee. Das ist richtig. So, Leute. Wir bauen Rocket. Wenn ich seine Teile finde. Hier. Also, wir haben... Was? Wir haben extra kurze Beine. Wow. Was sind das denn für... Das sind ja Stumpen. Das sind ja keine Beine, das sind Stumpen. So, da kommt ein Schwanz drauf. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Da dann ein Oberkörper. Oh, damit hat er quasi auch einen Gürtel bekommen. Das ist cool. Dann das Köpfchen. Jawohl. Und dann kriegt er auch noch eine Art Waffe in die Hand. So. Ob Rocket damit verantwortungsvoll umgehen wird, das wird sich zeigen, glaube ich. Aber wir alle kennen Rocket, glaube ich. Da meinte er will nur damit im Netz surfen. Bekommt er jetzt was? Oh je. Popo ist drauf und darf sich darüber freuen. Okay. Gut. Alles, was hilft, ne? Gerade bei langsamen Rechnern oder so bin ich ja durchaus auch, finde ich ja tatsächlich Linux auch durchaus eine Alternative. Aber auch nicht für alle. Es gibt auch Leute, wo ich sage, kauft dir bitte einen neuen Rechner. So. Ich
bin gespannt, was das hier für eine Waffe ist, ne? Ich bin sehr gespannt, was das hier für eine Waffe sein soll. Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Ach so. Oh. Aber warum ist da... Lego, diese Waffe ergibt keinen Sinn. Also das tun Rockets Waffen selten, aber also die hier ist schon extra dämlich. Da ist... Man hat die Waffe hier am Griff. Und dann hat man ein Numpad. Davor, darunter, dahinter. Moment, ich muss euch das so zeigen, weil das ist wirklich dämlich. Moment. Ach so, da war was. Hier. So, Vorsicht. Hier, das ist Rockets Waffe. Das ist der Griff und da ist das Numpad. Und ich weiß nicht, warum. Weshalb baut man was zum? Aber ansonsten sieht die eigentlich ganz cool aus. Aber das ergibt halt einfach, es ist halt... Puh, ja, so sieht es übrigens jetzt gerade aus. Damit ihr es auch nochmal in höherer Qualität gesehen habt. Also, schon sehr, 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 sehr cooles Ding, ne? Wirklich ein cooles Ding. So, und zurück hierher. Ironischerweise heißt die Szene, in der wir uns gerade befinden, Unboxing. Du hattest hier auch noch Ubuntu auf dem Stick. Dann könnt ihr zumindest auch ab und an mal zocken. Aber lohnt sich das dann bei so einer Kiste? Das ist, Ach so, warte mal. Ist Rocket Linkshänder? Ja, es macht Sinn, seine Waffe dahin zu packen. Ich meine, das ist halt eine extra kurze Figur irgendwie. Kurze Beine. Oh. Das ist irgendwie niedlich. Das ist irgendwie niedlich. Das Dumme ist nur, er kann halt nicht stehen damit. Weil die Waffe einfach zu schwer ist. So. Okay, Moment. Ich muss Rocket mal ein bisschen Stand geben. So. Da. Wunderbar. Binding of Isaac könnt ihr damit spielen. Der gelbe Stein unter dem Lauf sieht komisch aus. Der gar nicht mal so gelb ist. Eigentlich ist der Gold. Aber ja, es ist... Also die Waffen sind allgemein sehr interessant. Die wir hier bauen. Aber hey, was machst denn du da unten? Jetzt war ich vorher mit Hund draußen. Jetzt sitzt Hund offensichtlich schon, seit wir wieder da sind, unterm Schreibtisch. Und wartet auf irgendwas. Wer weiß auf was. Okay, cool, aber das ist zumindest Rocket. Ne, das ist sehr schön, dass Rocket dabei ist. So, wir müssen das Ding jetzt hier einmal wieder nehmen und umdrehen. Und dann mal schauen, wo wir jetzt hier ansetzen müssen oder bauen müssen. Ich habe fast ein bisschen Schiss, das so zu lagern, weil ich glaube zwar, dass das stabil ist, aber ich weiß nicht, wie stabil. Das ist das Problem daran. Okay. Dann gucken wir mal. Wir brauchen 2 von denen hier. Wir brauchen 2 von denen. Wir brauchen 1, 2 von denen. Was noch? 1 davon, 1 hiervon. Okay. Oh. Ich hoffe, das Ding ist jetzt hier nicht irgendwo abgeplatzt, aber ich glaube, nein. Ne, das ist ein Bauteil, das hier dazu gehört. Okay. Gut. Gut. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir bauen jetzt als erstes mal das Ding hier rein. Jawohl. Dann kommt hier einmal das da drauf. Und das. So. Das gleiche machen wir hier, nur andersrum. Sehr schön. Sehr schön. Wie schauen denn eigentlich eure Wochenendpläne aus? Also, abgesehen davon, dass jetzt natürlich quasi bald die Hälfte des Wochenendes rum ist. Muss man jetzt ja auch dazu sagen. Oh, verstanden.
Oh, verstanden. Okay, pass auf. Das hier gehört hier dran. Deswegen sind da diese... Aha. Deswegen waren da noch diese Technik-Verknipser. Verstanden. Das sieht gleich deutlich runder da hinten aus. Aha. Ich hab ein... Hallo? Ja. Oh, sehr gut. Ach so, jetzt müssen wir es sowieso gleich nochmal umdrehen. Alles klar. So, okay, wir brauchen 1, 2, 3 und 4 Fragezeichen. Ah, da. Da hat sich's versteckt. Okay. 4. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups. Fast. 7 und 8. Und 1, 2, ne, 3, 4 davon. Okay, ich weiß nicht, was wir genau bauen. Sieht ein bisschen nach einer Kette aus. Nice. Ausruhen, Benny Stream schauen, essen und schlafen. Essen und schlafen ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Die kann ich nur unterstützen. Die kann ich definitiv nur unterstützen. So. Okay, wir bauen jetzt mehrere von diesen Dingern hier. 4 Stück insgesamt. Ich weiß noch nicht genau, was es damit auf sich hat. So. Du suchst gerade einen neuen PC du versuchst gerade einen neuen PC zusammenzustellen mit mäßigem Erfolg. Oha. Woran scheitert's? Wahrscheinlich an den Preisen, ne? Wahrscheinlich an den Preisen. Ich mache das ja auch ab und zu mal, dass ich einfach mal gucke, was es an Hardware gibt und einfach mal zusammenstelle. Und dann stehen da am Ende 5-stellige Beträge und ich so, yo. Im nächsten Leben dann. Ah. Okay, mehr Detailarbeit. Mehr Detailarbeit. Aber wie soll das gehen? Ist das... Passt das? Aha. Ach so. Ja, weil die Dinger flexibel sind, ne? Hängst du da schon dran fest? Ich glaube nicht. Doch, okay, cool. Knick und knack. Ah! Irgendwas ist hinter mich geflogen. Ah. Hallo Hund. Hi. Du, sag mal. Hilf mal beim Suchen. Statt hier untätig in der Gegend rumzueiern. Ja, hilf mal beim Suchen. Gut, die Flügel sind... Es ist alles nicht schlimm. Das waren Sollbruchstellen, kann man so sagen. Das waren alles Sollbruchstellen, also von dem her alles gut. Ich vermisse nur gerade 2 Teile. Oh. Die Hälfte davon ist hier dran. Okay, cool. Und die waren tatsächlich schon eingeklipst. Sehr gut. 1. Ich vermisse ein Teil. Ein einziges. Hi, Kontan. Hallo. Hi. Oh, da. Ich hab's. Jawohl. Sehr schön.
Sehr schön. Captain, haben wir gerade das halbe Schiff verloren? Offensichtlich. Ah, schön. Ja, sehr gut. Natürlich kommt Lilith genau dann rein, wenn sowas passiert, ne? Klassiker. So, lass mal kurz schauen. Das gehört hier dran. Clip und Clip. So. So. Jetzt merken, nur begrenzt Druck ausüben. Okay, cool. Ich habe doch... Das ist falsch rum. Ich habe gerade... Du kommst aus dem Lurk genau dann, wenn sowas passiert. Was hast du... Wie schaffst du das, Lilith? Was ist das für ein Timing? Und habe ich schon High Kontern gesagt? Ich glaube, ja. Ich bin mir dessen aber nicht sicher. So, sehr gut. Sehr gut. Jetzt hast du auch dein Glück versucht mit dem Clip. Oh je. Ja, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Lego baut, guckt nicht bei mir. Aber, hey, so, sehr schön. Sehr, sehr schön. Den ersten Satz gezielt überlesen. Ja, ganz bewusst kontern. Ganz bewusst. So. Bei dem Händler, der mit A anfängt, ist einer für 999. Wenn du jetzt bei anderen Händlern die kompletten eingibst, kommst du viel teurer. Da musst du einen Haken bei dem billigen Rechner geben. Oh, ja, verstehe. Ja, ja. Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, das kann nicht, das passt nicht zusammen. Ne? Das ist einfach... So, kurz mal gucken. Der Schritt vorher ist noch ganz... Ja, okay, passt. Sehr schön. Oh, hui, 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 hui. So, ich hoffe, jetzt sind alle wieder wach. Ich bin's. Und jetzt suchen wir weiter Teile. Lustige Teile, die ich in irgendeiner Art und Weise hier zusammenkoppeln muss. Möglicherweise. So. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht aus Versehen irgendwelche Teile hier irgendwo hingeschossen habe, wo ich sie nie wieder finden werde. Ich habe auf jeden Fall hier alles durcheinander. Meine ganze tolle Ordnung ist weg. Ich brauche 2 davon. Ich habe nur 1. Vielleicht habe ich doch irgendwas so irgendwo... Nee. 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 Wo ist es? Wo? Suchen wir mal den Rest. 1 und 2 davon. So, 1 hiervon, genau. 1 und 2 hiervon. Die liegen alle flach vor mir. Und entweder bin ich komplett blind. Oder es ist tatsächlich nicht da, wo es sein soll. Du überlegst gerade trotzdem, ob es einen Mädchennamen für Benny gäbe, der cool ist. Nein, nicht einen einzigen. Weißt du, wie oft ich diesen Witz schon gehört habe? So. Entweder nächstes Talent oder dich Magical Girl, weil du immer perfekt zum Klippen da bist. Ja, man weiß es nicht, ne? Es ist aber schon, es ist auffällig. Es ist wirklich auffällig. Oh, WB, Glotzi. WB. Ich habe 2 Clips, wo ich schauen kann, ob es weggeflogen ist. Ja, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass es noch vor mir liegt. Warte mal, ich könnte mal ganz kurz am Stream Deck vorbeigucken. Nee. Lass mal kurz nochmal auf den Boden schauen. Hallo Hund. Hi. Was machst du da? Sitzen? Das ist toll. Sag mal, ist dir was entgegengeflogen? Versteckst du was?
Hm? Hast du Teil gefressen? Nee. Der Hund sitzt drauf, um mich zu ärgern. Ja, ich glaube nämlich auch. Oh, sie ist aufgestanden. Nein, sie sitzt nicht drauf. Na du? Na, alles gut? Ja, ne? Ja. Alles super. So. Mal auf die Seite. Auf die Seite. Tschüss. Ich bin doch bestimmt einfach nur blind. Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal, dass ich einen Teil einfach nicht gesehen habe. Aber es ist nicht hier. Das hatten wir auch schon mal. Und dann war es doch da. Und ich weiß nicht... Nee, das ist es nicht. Nee. Nope. Nope. Ist die Frage, ist das ein wichtiges Teil? Ja. Deswegen sortiert man ein Schälchen nach Größe und Farbe und Anzahl von Noppen. Aber doch nicht bevor... Nein. Außerdem hätte mir das nichts gebracht. Nichts. Nicht mal ansatzweise. Ich fange doch nicht an, hier irgendwas zu sortieren. Ich will ja hier auch mal irgendwann fertig werden, ne? Ich habe ja nicht 4 Tage Zeit. Doch, nein. Nein. Weil das hätte auch nichts gebracht. Dann hätte ich jetzt möglicherweise das gleiche Ergebnis, dass ich es einfach nicht sehe. Das wäre es jetzt gewesen, wenn es direkt hier in die direkt in die Restetasse gefallen wäre. Nee, das ist auch nicht drin. Gut. Okay, wartet mal. Wartet mal. Das ist doch... Das kann doch jetzt nicht sein. Wo ist denn das? Ah! So. Moment. Moment. Ich muss euch mal eben ganz kurz hier in die, weiß ich nicht, in die was schicken. Ich blende mich hier mal kurz aus. So. Ich blende mich hier mal ganz kurz aus. Das ist nicht ich. Ich blende mich hier nicht aus, weil ich mich hier nicht ausblenden kann. Ich gehe mal kurz auf Suche. Moment. Davor muss ich aber ganz kurz die Szene wechseln, weil sonst seht ihr mein Chaos hinter mir. Das ist nicht das, was ihr sehen solltet. Moment, hier, das dürft ihr sehen. Und hier kann ich jetzt nämlich meine Cam ausblenden. So, ich gehe mal kurz auf die Suche. Ich gehe mal kurz auf die Suche. So, ja, ich lasse mal Musik laufen. Ich schau mal, vielleicht ist es hinterm Greenscreen gelandet. Dann sehe ich es nicht. So, bis gleich. Hab's. Es war nicht hinterm Greenscreen, es war unterm Stuhl. Also hier so unter mir. Und jetzt ist es, weil es halt grau auf grau dann ist, habe ich es nicht gesehen. Ich musste den anderen Blickwinkel einnehmen. Ah, sehr gut. Sehr gut. GG, ja. Puh.
Ohne Scheiß, das ist meine größte Angst bei diesen Sets, dass irgendwann einfach mal ein Teil fehlt. Und dass das dann auch so ein wichtiges Teil ist, dass wir deswegen nicht fertig bauen können. Das wäre katastrophal. Was, 3 Bennys in einem Bild waren da? Nee. Maximal 2. Sollten maximal 2 gewesen sein. Ich weiß nicht, wo du 3 gesehen hast. Die kann man nachfordern. Ja, aber das bringt ja nichts, weil wenn ich es dann nicht bauen kann. Achso, eins auf dem Monitor, einen dann links und meine Cam. Ach, ja, okay. Ja, okay. Nee, shit, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja. Nee, wenn es tatsächlich ein Teil ist, womit ich dann nicht weiter bauen könnte. Also so wirklich es geht gar nichts mehr in dem Moment. Ne, das wäre halt richtig kacke, wenn ich dann, weil dann wäre es halt Ende des Baustreams, ne, quasi. Und das ist dann, deswegen sage ich, das ist meine größte Angst, dass man die nachfordern kann, klar, kein Problem. Aber es ist halt in dem Moment erstmal Schluss. Also wenn es wirklich so ein wichtiges Teil ist, ne, das hier ist jetzt hier, das da, das ist jetzt hier so ein kleines Flabberding, das man da dran packen kann. Das wäre jetzt nicht tragisch gewesen. Aber es hätte ja auch ein stützendes, tragendes, was weiß ich, Teil sein können. Ne? Deswegen habe ich auch hier diese wunderschöne kleine Restetasse. Damit wir supplementieren können, wenn es ist. Damit wir einfach weitermachen können, ohne dass wir aufgehalten werden können, was das angeht. So, jetzt dachte ich gerade schon wieder, mir fehlt ein Teil, aber nein, ich war einfach nur farbenblind. Ich habe grau mit schwarz verwechselt. So. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Und ja, ich weiß, grau und schwarz sind eigentlich keine Farben und, ne, es ist aber, ihr wisst, was ich meine. Wie schwer ist das Ding mittlerweile? Das, ja. Es hat tatsächlich schon ein bisschen Gewicht. Ich müsste jetzt die Küchenwaage aus der Küche holen. Ja, woher auch sonst. Aber das hat schon ein bisschen was. Das ist bei weitem, jawohl. Nee, das ist schwerer als das Gyarados. Das ist definitiv schwerer als das Gyarados. Da bin ich mir jetzt gerade ziemlich sicher. So vom Dings her. Vom Gefühl her. Aber ja, nee, das kann was. Gewichtstechnisch. Auf jeden Fall. So rum. So rum. Jo. So. Andere Seite. Nee, so rum. Okay. Ich weiß noch nicht genau, was wir hier gerade bauen. Das ist mir noch so ein bisschen ein Rätsel, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch nicht, was das hier wird. Genau. Oh, das könnte vom Dach sein. Oh, das könnte Dach werden. Warte mal, das steht doch normalerweise da, oder? Am Anfang von den Bauschritten, was man da baut. Wo ist denn der Bauschritt? Hier. Ja, das ist Dach. Okay. Cool. Wir machen die Mühle zu. Außer vorn. Vorne ist noch nicht. Das heißt, sie müssen noch sie müssen noch die Luft anhalten, wenn sie losfliegen, aber das kriegen sie hin. Da bin ich zuversichtlich. Ein transparentes Zweierdings. Das ist ja interessant. So. So. Hier. Mhm. Da. Und da. Das da. Ah, schön. Schön. Ich hoffe, ihr seid mindestens genauso entspannt wie ich.
Also außer gerade eben. Ne, das eben war die große Ausnahme. Da war ich nicht so wirklich entspannt. Aber das hier, ich weiß echt nicht warum, aber ich sag das oft genug, wenn Stella oder Twilly ihre Modelle teilen, dass ich da, oder ganz allgemein, ne, so Modelle anmalen oder sowas in der Richtung, das kann ich gar nicht. Aber das hier kann ich einfach stundenlang. Wie man sieht, kann ich das stundenlang. Und ich finde es super entspannend. So. Wie viele Probleme sich wohl dadurch lösen ließen, dass man einfach nur Leute Lego bauen lässt, damit sie einen Ausgleich haben? Spannende Frage. Vielleicht kann man das ja in Therapien einsetzen. Also nicht sicher, ob das wirklich funktioniert, aber die Idee ist spannend. Hier. Da. Dir ist kalt. Ja, das ist nicht entspannt. Nee. Wenn die Temperatur nicht passt, dann ist alles außer Entspannung. Das kann ich nachvollziehen. Da. Dann ist die viel wichtigere Frage. Kannst du was dagegen tun, dass dir nicht mehr kalt ist? So. Ja. Na, gerade ausrichten. Schön. Bauen und Zeichnen wird doch schon in Therapien angewendet. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Therapie hinter mich gebracht. Ne? Ich habe nur theoretisch, aber ich rede jetzt konkret von Lego. Obwohl ich glaube, da drehen die eher die Therapeuten dann durch, weil die das Zeug wieder auseinanderschrauben müssen. Für die nächste Gruppe. Und dann treten die nachts auf Lego-Steine und dann ist es sowieso furchtbar. Da Bibi demnächst wach wird, kannst du nicht viel tun. Ah, okay. Okay, verstanden. So. Wo kommst du ran? Hier. Da. Okay. Mhm. Yep, perfekt. So, ein Teil vom Dach ist demnach zu. Jetzt die Frage, ist das so ein Quick-Ding? Ja, das ist extra so gemacht. Das hängt an sehr, sehr wenig Noppen, damit man da reinschauen kann. Ich werde da nachher wahrscheinlich sämtliche Figuren reinwerfen. Damit die nicht verschüttet gehen. Auseinanderschrauben. Nun ja. 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 Also kann man bestimmt irgendwie. Ob das jetzt so gut funktioniert, ist eine andere Sache. Aber ein Schraubenzieher, Dreher, wie auch immer man den gerade bezeichnet bei euch in der Gegend, kann da bestimmt hilfreich sein. Also, doch. Vielleicht geht es sogar schneller, wenn man es schraubt. Wer weiß. Wäre zumindest die nachhaltigere Lösung zu kleben. Ich sollte aufhören zu reden, ne? Ich fasel nämlich langsam Schluss. Vielleicht merkt man doch, dass ich schon eine ganze Weile wach bin. Es ist so langsam wird es halt Stuss, der aus mir rauskommt. Dum, 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 und dum, dum. Sehr schön. Nun. Ich hoffe, die Dinger werden hier noch irgendwie befestigt, weil die sind momentan nur halb hier dran und das ist alles noch sehr, sehr locker. Das entspricht nicht so ganz dem Rest hier. Lego explizit nicht, aber zum Beispiel Körbe, Flechten, Specksteinstützen mit Holz bauen, Weben, Zeichnen und sogar Nähen waren so Angebote in Therapie und Co., die du schon erlebt hast. Ah, okay. Ja gut, das ist tatsächlich mehr, als ich jetzt dachte. Das ist tatsächlich mehr, als ich dachte. Wer kennt's nicht? Lego auseinanderflexen, weil man eine Schraube abgerissen hat. Ja,
Genau das. Was? Jetzt, wo du es so sagst, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Idee noch so gut ist. Weil von der Flex habe ich nie geredet. Die Flex war nie im Spiel. Nicht in meiner Gedankenwelt. Wir reden von Schrauben. Ist wie Schach nur ohne Würfel. Ah, ja, okay, gut. Ja, da bin ich wieder dabei. Oh mein Gott, hey, was reden wir für Stuss, hey? Unglaublich. Das, Uns darf man ja nicht zuhören. Gut, dass das nicht im Internet ist. Gut, dass uns niemand hören kann. Oder lesen. Oder sowas in der Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder? Da. 8. Okay, cool. Das Lied habe ich schon mal irgendwo gehört. Bestimmt bei mir. On Stream. Das klingt nach was wir schon mal irgendwann in der Playlist hatten. Ich habe heute übrigens extra die, Focus and Study Beats Playlist rausgesucht. Warum? Weil die über 25 Stunden Länge hat, ne? Damit wir bloß nichts doppelt hören. Sollte es dann doch vielleicht ein bisschen länger dauern. In einem Aufzug, die Musik ist viel zu aufgeregt für Fahrstuhlmusik. Viel zu aufgeregt. So. Okay. Aufgeregt? Ja, aufgeregt. Für Fahrstuhlmusik auf jeden Fall. Da ist selbst Lo-Fi nicht genug, ne? Das Ziel eines Fahrstuhls muss sein, dich einzuschläfern. Und zwar während der Fahrt. Und das schafft die Musik hier nicht. So. Ach so. Oh, das ist wieder so ein bloß schnell da rauspack-Ding. Wenn man es hier einmal reingezimmert hat in die richtige Stelle, ne? Ja, da passen aber die Spaltmaße jetzt gerade nicht, ne? Also gar nicht. Ich krieg's nicht rein. Jetzt. Ja. Ja, same. Ha. Ach so, deswegen passen die Spaltmaße nicht. Weil das hintere Teil nicht richtig fest war. Deswegen. Okay, cool. Wir haben ein Dach. Wir haben ein Dach. Klingt angenehm nach Lo-Fi. Ja, es ist schon sehr Lo-Fi-mäßig. Das ist, ja, das stimmt. So, Schritt Nummer 12. Wir haben wieder ein paar Ersatzteile gesammelt. Unter anderem einen Pistolengriff. Warum auch immer. Aber gut. Kann man mal machen. So. Ja, fast panisch. Da ist das weiße High-Theme Einschlafmusik dagegen. Ja, total. Ja, absolut. Die Spaltmaße passen nicht, weil das Hinterteil nicht fest war. Ach. Ja, wenn du so schreibst, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, ne? Eieieiei, ne? Da versucht man ganz normalen Content zu machen und dann sowas.
Und dann sowas, ne? Unglaublich. Okay, wir bauen das Cockpit. Das habe ich jetzt gerade schon gesehen. So, Mine, dir noch einen wunderschönen Tag. Einen angenehmen Resttag. Und danke fürs Reinschauen. Dankeschön. So. Hallo, Doggo. Das ist toll, wenn man Müll in den Mülleimer stopft und daneben direkt der Hund sitzt und man einfach nur nach links greifen muss, um den Hund zu streicheln. Das ist richtig gut. So, wir haben einen Pilotensitz. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Oberhammer. Und wir haben auch zwei so coole Pilotengriffe. Das ist ja richtig fancy. Das ist ja richtig fancy. Fancy schmancy, ne? So. Wie rum gehören die? So rum. Klick. Und Klick. Und ein Pilotensitz. Mit 2 Hebeln. Wow. Ich sehe jetzt noch nicht so wahnsinnig viel davon, aber es ist hier ein Pilotensitz. Mit 2 Hebeln, die sie verstellen lassen. Kleine Details, ne? Kleine Details. So. Das erklärt so ziemlich alles, was mit deinem Körper nicht stimmt. Spring mit dem Hintern voran auf den Boden. Was? Du wirst das Beste draus machen. Vieles kannst du ja nicht machen, außer im Bett liegen. Ja, das ist, ja. Ja, aber das ist, ja. So gut wie halt möglich, ne? So gut wie möglich. Man muss immer das Beste versuchen, aus Situationen zu machen. Auch wenn es nicht immer ganz leicht erscheint. Und auch nicht immer ganz leicht ist. So. Gut. Jetzt habe ich die Teile durcheinander gebracht. Na toll. Das macht es jetzt nur schwieriger, die zu finden. Glaube ich. Da. Na wohl, so schwierig wird es auch wieder nicht, ne? Hier, so, das bauen wir genau einmal. Zack und zack und zack. Das kommt wo dran? Da? Nee, da? Nee. Hä? Moment. Achso, auf der anderen Seite ist auch noch ein Nupsi. Ah, das habe ich jetzt übersehen. Ah, ja, das erklärt's. Wenn da noch ein Nupsi ist, ja. Dann, ja. Jetzt wird ein Schuh draus. Sehr schön. Dann brauchen wir hier noch 2 Nupsis und dann haben wir das. So. Da ist das kleine Nupsi. So. Das ist jetzt einmal quasi andersrum, ne? Jo. Also diesen hier und diesen hier und da und hier. So. Das kommt jetzt hier so ran. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher. Obwohl doch jetzt gerade, wo ich den nächsten Schritt gesehen habe, erklärt sich mir, glaube ich, wie das hier zum Cockpit wird. Oder das, was das Cockpit auf und zu macht, das Scharnier. Ich habe heute echt leichte Wortfindungsstörungen. Das ist ja schlimm, hey. So, zack und zack. Sehr schön. Da. 1, 2 davon. 1, 2 hiervon. 1,
2 davon und... Ah, da. 2 hiervon. So. Mhm. So rum. Nicht die Hälfte wieder dabei wegnehmen. Oder auseinandernehmen. Das wäre ganz praktisch, habe ich mir sagen lassen. Dann haben wir das da. Das hier und dann da. Und da. Das hier scheint mir relativ massiv zu sein. Für ein einfaches, für eine einfache Cockpit-Tür. Oder Cockpit-Luke oder wie auch immer man die jetzt bezeichnen will. Da hat jemand in meinem Stream gelacht. Das ist ja merkwürdig. Haben wir nicht neulich ausgemacht, dass wir zusammen keinen Spaß haben? Stopp. Ich erinnere mich da an Dinge. Jetzt, wo da gerade jemand gelacht hat. Da war irgendwas. Kein Spaß und so. Definitiv nicht. Niemals. Auf gar keinen Fall. So. Sehr schön. Und was ist das hier für ein komisches Nupsi-Dupsi? Nupsi-Dupsi. Aha. Ah ja. Von denen hier brauche ich auch noch welche. Die habe ich jetzt gerade übersehen. Na, hier. So, sehr schön. Jo. Das bauen wir auch nochmal auf der anderen Seite gleich. Wie rum gehört das? Doch so rum, ne? Ja. Doch, das sieht richtig aus. Doch. Okay. So. Und so. So. Hervorragend. Wunderbar. Oh. Oh. Ich habe auf der anderen Seite eine Sache übersehen. Eine Sache habe ich übersehen. Ich habe einen Teil vergessen. Ist jetzt nicht wild, glücklicherweise. Das ist gleich nachgebaut, aber yep. Kam mir gleich irgendwie komisch vor, wenn ich ehrlich bin. Ich muss das jetzt sagen. Da lacht schon wieder jemand. Das ist merkwürdig. Okay. So. Sehr schön. Dann haben wir das. Oh, jetzt wird es ein bisschen bunter. Oh. Oh, Farbe und so. Ganz merkwürdig. So, 2 von diesen Nupsis. 1 davon. 1 davon. Und wir brauchen das. Sehr schön. So. Lilith lacht auch. Nee, du. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Einfach lachen. So rum. Das kommt dann hier dran. Alles klar. Und dann haben wir noch das da. Hier. So. Okay, das wirkt doch relativ stabil. Leute, schlagt mal ein Thema vor. Irgendjemand hat doch bestimmt irgendetwas, worüber er oder sie sprechen möchte. Irgendein Thema. Ich bin gerade auf Themensuche und weil ich hier beschäftigt bin, ist meine Hirnkapazität, um ein Thema zu entdecken, das leicht genug ist, damit ich noch mitreden kann, während ich baue. Gleichzeitig aber komplex genug ist, dass ein Gespräch daraus entsteht,
Ja, anders gesagt, meine Hirnkapazität ist eingeschränkt. Weil Hirn beschäftigt. So. Elden Ring DLC. Ja, wir wissen nichts. Tatsächlich wissen wir nichts. Also wir haben ein wunderschönes Renderbild, das sehr, sehr geil ist. Also ich bin hyped. Doch, man kann schon sagen, ich bin hyped. Ich bastel tatsächlich gerade selber an dem Spielstand. Habt ihr vielleicht im Discord gesehen, dass ich jetzt in letzter Zeit häufiger mal wieder Elden Ring gespielt habe. Ich bereite gerade einen Spielstand darauf vor, dass der für das DLC fertig ist. Also von dem her, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, was uns da erwartet. Und meine Vermutung ist und bleibt, es wird ein DLC, der sich um Miquella dreht. Also, da bin ich immer noch ziemlich fest von überzeugt. Und das würde auch zu dem passen, was bisher so gezeigt wurde, wenn ich ehrlich bin. Also, das würde tatsächlich ganz gut zusammenpassen. Weil diese Person da mit dem wallenden Haar auf dem Spectral Steed, auf dem Spektralross, es könnte halt schon, also die Vermutung liegt halt nahe, dass es Miquella ist. Und es würde halt auch dahingehend durchaus Sinn ergeben, weil Miquella ist bisher der einzige Demigod, von dem wir wissen, aber von dem wir quasi nichts wissen. So, wir haben den Namen gehört, wir wissen, da ist ganz, ganz viel los, aber wir wissen halt nicht wirklich etwas über ihn. Und deswegen, ja, nee, das könnte tatsächlich sehr, sehr spannend werden. Das könnte wirklich sehr, sehr spannend werden. Also wie gesagt, ich bereite meinen Spielstand gerade drauf vor. Ich baue ein OP-Bild, so wie in meinem ersten Spielstand, nur halt am Rechner nochmal neu. Und ich bin sehr, 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 sehr hyped. Aber wir wissen halt echt eigentlich noch nichts. Wir haben ja noch nicht mal einen Release-Termin. Das ist ja, also, ne, FromSoft hält mal wieder, FromSoft ist mal wieder großartig, was Geheimnisse angeht und so, ne? Niemand weiß was, aber jeder ist hyped. So, du hast eigentlich richtig Bock auf einen zweiten Durchlauf. Adel, du hast eindeutig zu wenig Durchläufe in dem Spiel. Erst ein zweiter. Oh. Nein. Aber das wird, ich glaube, das wird geil. Und vor allem glaube ich, also ich bin gespannt, wo sie den Einstieg ins DLC machen. Weil FromSoft typisch wird das vermutlich wieder der härteste Content, den das Spiel bisher zu bieten hat. Also, ne, jedes DLC hat den Hauptcontent im Schwierigkeitsgrad und in dem, was die Gegner konnten, in dem, was die Bosse konnten, immer massiv überboten. Deswegen, ja. Ich habe auch so ein bisschen Schiss davor, wenn ich ehrlich bin. Weil ich in Elden Ring eigentlich echt nicht gut bin. Aber, nee, das wird geil. Doch, das wird geil. Du hast auch schon deinen Only Shield Run hinter dir. Oh, das war mir immer zu doof, ne? Ich habe halt alles durch, ne? Ich habe halt meinen Katana Run klassischerweise gemacht. Und, böse Alte, ich hab deins auch gelesen. Ich gehe da auch gleich noch drauf ein. Ich habe halt meinen Katana-Run gemacht und durch etwas Glück und schlaue Observationen im Spiel quasi das absolute OP-Bild gebaut. Das war richtig nice. Also, das war tatsächlich sehr, sehr cool, weil stärker ging quasi kurz nach Release nicht, wenn du ein physisches Bild haben wolltest. Nun, ja, dann habe ich noch ein Magiebild gemacht. Das war halt total easy. Damit habe ich dann, glaube ich, Platin gemacht. Das müsste mein mein 100% Bild gewesen sein. Also auf Steam dann. Platin hatte ich ja vorher schon auf der PlayStation. Dann habe ich ein normales Beschwörungen-Bild gemacht, also ein Faith-Bild. Dann habe ich es nochmal mit einem Holy-Bild probiert. Dann habe ich noch einen RL1 offen. Der ist tatsächlich noch nicht beendet, weil scheiße ist RL1 schwer.
Also richtig schwer, ungelevelt dadurch. Dagegen ist jedes andere FromSoft-Game im ungelevelten Zustand ein Kinderspiel. Und ja, ich habe vielleicht noch 1, 2 andere Builds und so gemacht. Ja, ich habe schon einiges an Spielzeit in dieses Spiel versenkt. Aber es ist nicht versenkt. Investiert. Es ist nicht versenkt. So. Aber so Dings, worauf ich jetzt hineingehen wollte, weil ich habe gerade angefangen mit dem, mir Gedanken darüber zu machen, wo wahrscheinlich der Start vom Spiel, vom DLC sein wird. Das kann ich absolut null beantworten. Das kann überall in der kompletten Spielwelt sein, deswegen ich kann das nicht mal ansatzweise abschätzen, wo FromSoft der Meinung ist, dass der perfekte Einstieg ins DLC sein wird. Was aber bei Horizon Forbidden West klar ist, ne, da kommt ja nächsten Monat auch das DLC raus und das hat mich ein bisschen aus dem Ruder geworfen, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Auch wenn ich jetzt echt Bock habe, wieder in die Welt abzutauchen. Da weiß ich, dass der Einstieg vom DLC nach dem Ende der Hauptstory ist. Also du musst einen Spielstand haben in Horizon Forbidden West, wo du den letzten Fight gemacht hast, wo du die Cutscene, das Ende gesehen hast. Weil ansonsten kommst du nicht ins DLC. Was ich einerseits irgendwie krass finde, was aber auch total Sinn macht, weil das DLC knüpft nahtlos an das Ende an. Oder soll nahtlos daran anknüpfen. Und deswegen, ja, ich freue mich total auf Forbidden West, da nochmal reinzuschauen, weil ich habe ja die Welt nicht wirklich wahrgenommen, als es rauskam, weil eine Woche später kam dann Elden Ring und deswegen bin ich ja nur durchgerusht, habe ich ja auch schon mal erzählt. Und habe die Welt halt mehr oder weniger nicht ignoriert, aber nicht so gewürdigt, wie sie gewürdigt werden müsste. Das heißt, ich werde nicht nur das DLC spielen, sondern auch garantiert noch das eine oder andere in der Hauptwelt nachholen. Das ist so mein Ziel davon, könnte man so sagen. So. Ach, schon wieder falsch rum hingebaut. Was ist denn los, Hirn? Komm schon. So. Deine Zeit ist leider immer begrenzt zum Zocken. Du bist eher so einer, der seine Zeit braucht. Sprich, wenn man am Abend nur noch 2 Stunden übrig ist, lohnt es sich nicht mehr zu zocken, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, das kenne ich. Ich setze mich dann gerne dann doch nochmal hin und dann, ja. Die Veröffentlichung bzw. der Release-Termin von Burning Shores ist schon länger bekannt. Mir nicht. Mir nicht. Ich habe das geflissentlich ignoriert. Also, deswegen... Das kam letzte Woche und dann war ich so, oh, damn. Das ist ja schon in wenigen Wochen. Also, nee, ich hab's halt auch null verfolgt. Deswegen kam das für mich jetzt persönlich halt etwas überraschend. Aber hey. Ich habe doch Ahnung, was halte ich von einer GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6 Grafikkarte? Persönlich halte ich von keiner Grafikkarte etwas, die eine 60 im Namen enthält. Aber es kommt tatsächlich drauf an, was du damit vorhast, Rayman. Weil das ist eine solide Grafikkarte. Nicht falsch verstehen. Das ist durchaus eine sehr, sehr, sehr solide Grafikkarte. Das muss man auch definitiv mal so sagen. Aber es kommt ein bisschen drauf an, was du machen willst. Also viel falsch machen kannst du damit nicht. Wirklich höchste Grafik etc., die kannst du aber halt auch nicht erwarten, ne? Weil dafür ist sie dann doch insgesamt noch ein bisschen zu schwach. Aber ansonsten solides Ding. Definitiv solides Ding. Also nur zum Zocken. Ja, aber was? In welcher Auflösung, ne? Wenn du sagst 4K, dann muss ich sagen, könnte schwierig werden. Wenn du jetzt sagst 1440p, dann sage ich, okay, nicht in maximalen Details. Wenn du sagst Full HD, dann sage ich go for it. Dann kann man auch volle Details draus machen, ne?
Oh. 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 Okay, das ist schlau, dass das so ein Doppelding ist. Nice. 4K hast du keinen Monitor. Ja, also prinzipiell kannst du mit der nichts falsch machen. Persönlich würde ich wahrscheinlich eher zur 3070 greifen, wenn es eine der letzten Generationen sein soll. Weil mit der hast du dann noch ein bisschen länger Freude. 3080 ist dann schon wieder High-End, 3070 ist so der Medium-Bereich. Also von dem her, aber so, das ist dann aber eher so die Langlebigkeit, ne? Also mit der 3070 wirst du eine ganze Weile lang Freude haben, was das angeht. Mit der 3060, sage ich mal, könntest du auch irgendwann nochmal an Dings kommen, aber ansonsten, also wenn es eine finanzielle Sache ist, dann die 3060 ist top. Also von dem her. Da kannst du nichts dagegen sagen. Und Hallöchen Daniel. Hallo. Für Stardew Valley reicht die Karte bestimmt. Für Stardew Valley, ja. Reicht die Karte auf jeden Fall. Da reichen aber auch ganz viele andere Karten. Zocken ist ein gutes Stichwort. Du wirst dich jetzt zur PS4 begeben und weiter China zocken. Das Spiel liegt jetzt auch so lange auf deiner Liste und da du bereits mal angefangen hattest, aber voll raus warst, du den Spielstand nochmal neu gestartet. Willst endlich mal wissen, wie es weitergeht. Ja, China habe ich zu Release auch gespielt und dann irgendwie liegen lassen. Weiß nicht warum. Eigentlich eine super schöne Welt, aber irgendwas hat mich an dem Spiel gestört und deswegen habe ich es nie wieder angefasst. Aber ja, Leute, so. Wir sind noch nicht fertig. Da fehlen noch Teile der Tragflächen. Das kommt jetzt und dann fehlt noch das Ding, wo wir es draufpacken. Und das Ding ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. Also. Ja, da kannst du Training mitmachen. Da kannst du definitiv Training mitmachen. Die 3070 kostet gleich mal 280 mehr. Ja, nee, deswegen sage ich ja. Also mit der 3060 machst du nicht viel falsch. Langlebiger wäre die 3070. Dafür kostet sie aber dann auch mehr. Also, es ist aber immer sehr pauschal zu, ne, sehr schwierig, eine pauschale Aussage zu treffen. Weil ich weiß ja nicht, was du sonst an Hardware hast und ob das überhaupt zusammenpasst und ne, was genau du zocken willst. Und so weiter und so fort. Und ob dir die Grafik wichtig ist oder ob dir eher das flüssige Gameplay wichtig ist und so weiter und so fort. Alles ein bisschen schwierig. Weil prinzipiell ist jede Grafikkarte auf dem Markt eine gute Grafikkarte. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was man damit tun will. Ne? So. Double Feature. Was? Double Feature? Du kommst zum finalen Prozess, quasi zum Endgame. Uff, Daniel. Uff, da. Uff, da. Was, jetzt hast du einen mauligen Gatten? Was? Was hast du angestellt? Oder was hat er verbockt? Ach, Double Feature wegen der 2 Klappen vorn. Okay. Sehr gut. Alles klar, ja, verstehe. So. Läuft eigentlich Elden Ring auf dem Steam Deck? Mit 30 FPS, soweit ich weiß. Und zwar stabil. Ziemlich stabil mit 30 FPS. Ich bin aber nicht 100% sicher, weil ich habe kein Steam Deck. Aber das, meine ich, habe ich gehört. Das, ja. Also Elden Ring kann man tatsächlich darüber anscheinend bequem im Zug oder so zocken. Man muss halt mit den 30 FPS klarkommen. Das ist so die eine Sache, die man bedenken muss. Wenn man auf 60 FPS Wert legt, dann funktioniert es nicht. Oder eher nicht, weil man es einfach nicht anders, weil man es einfach nicht gewöhnt ist. Aber so prinzipiell, ja, kein Thema. Es ist aktuell eine 1060, die Spiele laufen gut, selbst bei hoher Auflösung. Ja, dann sollte eigentlich die Dings reichen, die 3060. Ich würde noch mal gucken, wie es mit, also, wie gesagt, pauschal ist immer schwierig, Rayman.
Weil ich halt nicht weiß, was du sonst im System hast und so. Ne? Von der 1060 auf eine 3060 ist natürlich ein krasser Fortschritt. Aber ich habe ja keinen Vergleich zum Rest. Prinzipiell kann man das auf jeden Fall machen. Worauf ich schauen würde, ist, wie der Stromverbrauch aussieht. Weil die 3060 braucht schon mehr als die 1060. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß nur nicht, wie viel. Da müsste sie nochmal gegenrechnen. Ob dein Netzteil das packt. Aber vermutlich ja. Also das wäre jetzt auch so. Vermutlich wird es das packen. Aber nachrechnen ist wahrscheinlich nicht unbedingt die nicht unbedingt die schlechteste Idee. Nicht unbedingt die beste Idee, ja genau. Nachrechnen, irgendwas validieren. Keine gute Idee. Nee, auf gar keinen Fall. Mein Hirn befindet sich so langsam in Richtung fährt so langsam in Richtung Shutdown, ne? Ei. Okay. So, wir bauen jetzt lustige Flügel. Habe ich gehört. Ja, lustige Flügel, weil lustige Flügel. Nee. Ja, sehr gut. So, da. Was seine Skelette in Diablo 4 sind so laut, dass das Baby im Halbschlaf immer wieder zuckt und sich windet. Also hat er nur mal durch Kopfhörer aufgesetzt, damit er die Beta weiter nutzen kann. Ja, aber mit Kopfhörern hat man doch im Normalfall sowieso den geileren Sound. Oder hat er da ein Heimkino stehen? Ne? So. Du überlegst dir vielleicht ein Steam Deck zu holen, da du viel unterwegs bist und es abends im Hotel langweilig wird. Dann, also ganz ehrlich, ne, ich habe keins, ich habe keine eigenen Erfahrungsberichte, aber von dem, was ich gesehen habe, go for it. Hol dir ein Steam Deck. Das ist eigentlich gar keine Frage des Ob, sondern nur des Wann. Weil das Ding ist so ein geiles System. Und gerade für sowas ist es perfekt, ne? Es hat ja auch noch einen Desktop-Modus. Das heißt, du kannst ja auch noch, wenn du willst, irgendwie so ein bisschen, ne, du kannst ja auch noch surfen und arbeiten, oder weiß ich nicht, ne? Sowas in der Richtung. Du kannst halt alles Mögliche damit machen. Mega geil. Wir sollen hier doch keinen Spaß haben und schon gar nicht lachen. Was? Wer hat das denn behauptet? Was ist das denn? Bitte? Was? Also, welcher Dödel hat das denn gesagt? Mann. Wäre jetzt ein komplett neuer Rechner. Netzteil hat 850 Watt beim neuen. Ja gut, da passt die 3060 auf jeden Fall rein. Das ist, ja, nee. Die hat dann definitiv genug Strom, ja. Oh, das sind Technikteile. Fällt mir erst jetzt auf. Warum brauchen wir hier Technikteile? Faszinierend. Warum brauchen wir die? Was passiert hier Spannendes? So. Raymond, du kannst aber, ne, wenn du willst, du kannst auch gerne bei uns auf dem Discord in den Support-Bereich gucken. Und da mal posten, was du hast. Das ginge durchaus. Dann kann ich da mal drüber schauen, was du so geplant hast. Also nicht jetzt nach dem Stream, aber prinzipiell könnte ich da mal drüber schauen, ob mir irgendwas auffällt. So, okay. Zuck und zuck. So. Okay, nice. Eure Headsets sind nicht so toll. Oh, okay. Verstehe. Oftmals ist es ja doch, es ist halt doch so, dass die Headsets oder Kopfhörer oder was auch immer, dass die ganz tauglich sind. Im Gegensatz zu den normalen Lautsprechern. Aber dann kann ich das Gemaule zumindest nachvollziehen. Das kann ich dann zumindest nachvollziehen.
Du nimmst gern Vorschläge bis 50 Euro in Headsets, wo ihr gerade bei Technikberatung seid. Da habe ich keine Ahnung. Ich bin, also was Headsets angeht, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Headsets. Deswegen nehmt nicht die billigen 20-Euro-Dinger von Sennheiser. So viel kann ich euch verraten. Die haben wir im Büro, die sind schrecklich. Die haben wahrscheinlich alle im Büro. Und die sind einfach nur furchtbar. Aber ansonsten, was das angeht, leider gar keine Ahnung. Weil, wie gesagt, ich habe kein Headset, weil großes Mikro. Da brauche ich nur halbwegs taugliche Kopfhörer. Und bei Kopfhörern kann man, also wenn es um Kopfhörer geht, kann man grundsätzlich mit Sennheiser eigentlich nicht so viel falsch machen. Die sind eigentlich durch die Bank ganz tauglich. Auch und gerade die etwas, die günstigeren davon. Klingt wahrscheinlich nicht so, klingt etwas merkwürdig, aber ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass die günstigeren Sennheiser Kopfhörer oftmals irgendwie die besseren sind. Ganz, ganz merkwürdig. Aber, ja. Wobei das jetzt auch keine Sennheiser sind. Da habe ich mich mal aus dem Fenster gelehnt und, nun ja, sagen wir es mal so, ich hätte mich nicht aus dem Fenster lehnen sollen. Ich hätte zu altbewährten greifen sollen. Die sind nämlich gar nicht mal so geil, die Kopfhörer hier. Die haben nämlich unter anderem das Problem, wenn eine bestimmte Frequenz im Ton kommt, dann fangen die an, mir ins Ohr zu pfeifen. Also so richtig pfeifen. Das ist kein angenehmer Ton. Aber nun ja. Da habe ich definitiv, und die waren halt gar nicht mal so günstig. Ja, da habe ich Geld in die Hand genommen und dann sind die leider qualitativ etwas, nun ja. Wie schreibt man das? So wie man es eigentlich, wie man es spricht. Sennheiser. S-E-N-N-H-E-I-S-E-R. So. Bla, bli, bla, bla, bli, bla, 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 bla. Nee, anders bla. Bla. Hier bla. Bla. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Cool. Und da reingedreht. Ja, doch, passt. Hallöchen, Hallöchen Malzer. Hallo, hallo. Du hattest Sennheiser geschrieben. Ja, okay. Nee, es ist also, nee. Ich weiß gar nicht. Sennheiser, ich bin gar nicht sicher. Ist Sennheiser eine deutsche Marke? Also der Name lässt irgendwie vermuten, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So. Zack, zack. Sehr schön. Habe ich jetzt schon Hallo Malzer gesagt? Ich glaube. Not sure. Nicht sicher. Ja, habe ich? Okay, nice. Sehr schön. Ich betone das S vorne halt so doll, dass es für dich eher nach Z klingt. Ja, ich weiß. Ich habe extra einen De-Esser auf meinem Mischpult, damit das S bei mir nicht so krass wird, aber ich kann da nichts dafür. Ich brauche den De-Esser, sonst würdet ihr gar nichts verstehen, wenn ich ein S sage. Das ist super nervig. Ich versuche das auch irgendwie abzustellen, aber lern mal ein S anders zu sagen. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Okay, warte mal. War es das? War das wirklich der komplette Flügel? Okay. Das ist weniger, als ich dachte. Ha. Okay, cool. Ja, dann bauen wir den mal da dran. Irgendwo. An dieser Stelle. Orange nach vorn. Und zwar... Ah, okay, verstanden. Theoretisch könnte man hier jetzt noch irgendwo irgendwas durchschieben, um das noch weiter zu stabilisieren. Ja, vielleicht auch nicht. Okay. Das Ding wird jetzt langsam wirklich groß, ne? Und jetzt kann er sich auch nicht mehr im Gleichgewicht halten. Jetzt kippt er auf eine Seite um.
In den Tech-Support? Ja, genau. Und willkommen auf dem Discord, Ray. willkommen. Aber das wäre dann der Tech-Support. Dann machen wir da einfach einen neuen Thread auf und dann gucken wir mal. So. Deine Nachbarin will im Mai in die Selbstständigkeit, also musste ich nur nach Stralsund kommen für logopädische Hilfe. Da logopädische Hilfe auch hervorragend online funktioniert, nein. Nettes Angebot, aber da fahre ich nirgendwo für hin. Da setze ich mich hier an den Rechner und nutze die Technik, die ich habe und nee. Nee. Aber ich hatte das tatsächlich mal überlegt. So ein bisschen in der. Nennt man das dann noch unbedingt Sprachschule, aber in sowas Ähnliches zu gehen? Also zum einen, das S hatte ich jetzt gar nicht bei mir so bedacht, obwohl ich weiß, dass das ein Riesenproblem ist. Ne? Ohne meinen DSer wäre ganz, ganz schlimm. Aber so ganz allgemein mal in die Richtung ein bisschen zu forschen, mehr mit der Stimme zu arbeiten, weil ich sag's mal so, ne, ich versuche ja öfter mal meine Stimme und so zu verstellen, aber ihr wisst auch alle, dass das nicht so wirklich von Erfolg gekrönt ist, wenn ich das tue. Also manchmal kommen da interessante Sachen bei rum. Meistens denke ich mir nur so, ouch. Das hilft nicht dabei, dass ich mir merke, wie ich jemanden vertont habe. Ne? Das ist jetzt nicht die Sache. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, dass ich der gleichen Person möglicherweise verschiedene Stimmen gebe. Aber ich hatte da tatsächlich schon mal überlegt, ob das in irgendeiner Art und Weise wild ist. Jetzt würdest du mein S gerne mal ohne das Programm hören? Nee. Nee. Das passiert nicht. Nein. Doch, nein. Weil ich jetzt nicht live an meinen Settings hier rumschraube. So. Aber im Grunde genommen ist es, stellst dir, der DSer macht das S ein bisschen dumpfer. Im Sinne von, wenn du dir das Zischen einer Schlange vorstellst, zum Beispiel, ne, so dieses klassische Gedöns, was man so aus Filmen kennt, nur das Ganze durch so einen leichten Dumpffilter. So, das macht ein DSer. Also sprich, ich könnte halt einfach jede Schlange des Planeten wahrscheinlich easy vertonen. Weil, naja, wenn es selbst so krass ist. So rum, ja. Das musste ich gerade echt überlegen. Aber ja, doch. So rum. Jo, passt. Sehr schön. Deine Mutter hatte letztens aus der Not gedrungen mit Kopfhörern was geschaut und war überrascht, wie viel besser das ist, als wenn der Sound über die TV-Lautsprecher kommt. Ja, das Schlimme ist, wenn du einmal guten Sound gehört hast und ne, dir jetzt da irgendwie, ne, ich könnte zum Beispiel, TV-Lautsprecher sind bei mir unmöglich. Ich kann nicht über TV-Lautsprecher hören. Weil egal wie gut die sind, ich bin was anderes gewöhnt. Ich könnte das schlichtweg nicht. Also, da verzichte ich lieber dann komplett auf Content oder sonst wie sowas in der Richtung, bevor ich mir das antue. Mehr oder weniger. Geht halt gar nicht. Aber das ist halt auch so die eigene Gewohnheitssache, ne? Man ist da halt auch sehr, sehr schnell, sage ich mal, drin in dem Ganzen. Und dann wieder einen Rückschritt zu machen, ne, wenn du dich einmal an irgendwas gewöhnt hast, was geil ist, was gut ist, was dir taugt, dann willst du das auch nicht mehr so leicht oder so einfach aufgeben, ne?
Dabei war das nur publike In-Ear-Kopfhörer. Dein HyperX Cloud 2 willst du aber auch nicht mehr missen für Videospiele, Filme und Serien. Ja, das HyperX Cloud ist tatsächlich gar nicht mal so übel. Weit weg von Hi-Fi-Qualität, wie es gerne beworben wird und so, aber es ist kein schlechtes Gerät, ja. Das was wollte ich da und hier? Aber ich persönlich bin ja durchaus Fan von analogen Geräten. Wenn ich ein Headset per USB anschließen muss, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ich bin da aber auch etwas eigen, was das angeht. Ich mag keine Schallplatten, aber ich mag analoge Tonübertragung. Ist völlig merkwürdig. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Warum ich das eine bevorzuge und das andere einfach so quasi nicht mal ansatzweise mit dem Arsch anschaue. Ich bin da einfach... Nun ja, sagen wir, ich bin merkwürdig. So, hier, sehr schön. Da. So. Hast du im Discord geschrieben, die Daten? Nice. Schaue ich mir nach dem Stream mal an. Für deine Bedürfnisse und chronisch leeren Geldbeutel ist es genug. Ja, ne, es spielt auch immer eine Sache, spielt klar immer auch eine Sache, ne, wie viel man bereit ist auszugeben und wie viel man ausgeben kann. Klar. Ne, ich habe mich halt gerade, was jetzt den Genuss von TV etc. angeht, damals für ein Heimkino entschieden, weil das waren meine ersten richtigen Löhne und dann dachte ich mir so, geil, steckst du mal so richtig Geld da rein und habe ich gemacht. Und war geil und ist immer noch geil. So, du bist immer weg, hast noch was vor? Dann, wie kann man nur was vorhaben an dem Samstag? Nee, immer diese Menschen mit Real Life, ne? Oder Freunden. Das ist ja fast noch schlimmer. Nee, Joggle, schönen Abend dir. Danke fürs Reinschauen. So, das kennen wir ja von mir. Was kennen wir von mir? Was kennt ihr von mir? Was kennt ihr jetzt schon wieder? Viel Erfolg noch beim Aufbauen. Ja, das Aufbauen ist jetzt bald durch. Dann habe ich den Klopper hier erstmal fertig. Dann braucht er nur noch Licht. So, na. Na. Hallo? Ja, mal bitte da rein flutschen. Ah, flutsch. Sehr schön. Das ist halt... Was ein Klopper, hey. Unglaublich. Da sind noch ein paar Sachen offen, die wir hier hinbauen müssen. Hm? Genau, das war jetzt das. Sehr schön. Dann haben wir hier diese Dinger hier. Oh. Oh, warte mal. Die Flügel müssen tatsächlich stabilisiert werden. Das habe ich mir nicht nur eingebildet, dass man da was reinschieben kann. Das muss tatsächlich so. Gott, ey. Ja, ob das jetzt so viel bringt, das hängt da nur ziemlich locker in diesem Verbindungsstück drin. Aber gut, es ist nochmal ein bisschen... Ja, obwohl doch. Doch, das bringt schon ein bisschen was. Ach so, dass ich seltsam und anders bin. Ach so. Ja, das ist... ja, das stimmt wohl. Das bin ich und das kann ich auch ganz gut. Ah. Ich wollte gerade sagen, der nächste Schritt zeigt uns, wie wir diese Dinge festhalten, dass genau das, was jetzt gerade passiert ist, nicht passiert. So, dass sie nämlich hier rausrutschen. Dafür kommt hier nämlich noch jeweils so ein Dingens hin. So, und schon ist es gesichert. Jetzt machst du mal die Klappe zu, bitte, Flieger. Danke. Dann kann ich nämlich hier drüben auch hantieren. Aha.
AKG-Kopfhörer sind gutes Fachwerk, auch wenn die schon ab 30 € aufwärts zu haben sind. Die machen auch viele Midrange-Produkte für Sennheiser. Da kann sich der günstige AKG-Kopfhörer holen und da hast du dieselbe Technik zum Preis eines 120 € Sennheiser-Kopfhörers. Meine Sennheiser-Kopfhörer haben bisher maximal 30 € gekostet. Also, die waren jetzt alle nicht so wahnsinnig teuer, waren aber qualitativ immer hervorragend. Das Einzige, was prinzipiell irgendwann kaputt gegangen ist, ist irgendwann mal das Kabel. Aber das hat auch immer eine Weile gedauert. Also die Kabel sind so das Ding, wo ich sage bei Sennheiser, die geben auf. Ansonsten bin ich super zufriedener Sennheiser-Kunde. Immer und immer wieder. Stopp, falsches Teil. Das hier. Das da. So, was bauen wir hier eigentlich jetzt gerade noch? Was wird das? Noch ein Teilflügel. AKG kommt im professionellen Umfeld zum Einsatz. Ja gut, Sennheiser ja auch, ne? Also ich glaube fast, dass das auf ganz, ganz viele Marken, die irgendwas mit Audio zu tun haben, zutrifft. Ganz egal, ob AKG, Sennheiser oder sonst was. Ich glaube, du findest von denen wirklich viele im professionellen Umfeld. Auch da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, ja, wie viel Geld hast du, ne? Was kannst du dir leisten? Wie viel ist es dir wert? Wie eigentlich überall, ne? Wie eigentlich überall. So. Okay, wir haben noch mal ein Flügelchen, wie es ausschaut. Das ist ja spannend. Wo kommt denn das jetzt ran? Oh, da. Oh, Doppelflügel. Oh. Oh, da. Ja, verstanden. Hier drüben. Ja. So, Moment. Na. Jetzt. So. Ach, das ist eine... Ach so, das ist ein Ratschending. Das ist so ein Ratschending. Deswegen war das gerade so kacke, da reinzubringen. Clip. Oh. Es ist ja wahrscheinlich, dass meine 30 € Sennheiser Kopfhörer eigentlich umgebrandete AKG-Kopfhörer sind. Ja, es gibt so viel White Labeling, egal was. Ne? Egal was du kaufst, oft genug steckt irgendwie eine andere Marke dahinter. Das ist eigentlich, das ist ja gang und gäbe. Ob das jetzt AKG ist oder VW, AKG und Sennheiser oder VW und Skoda oder Renault und Peugeot oder weiß ich nicht was. Gut, PlayStation und Xbox passt jetzt nicht ganz zusammen, aber das Stream Deck hat auch so angefangen. Das Stream Deck war auch also die erste Version, die mit den 15 Tasten. Das war tatsächlich auch ein umgebrandetes, wirklich einfach nur andere Aufkleber drauf, aber bessere Software. Produkt, das es irgendwo schon gab. Irgendwo gab es dieses Ding schon, die haben es einfach dann unter ihrem Namen verkauft und dann halt groß gemacht und irgendwann ihre eigenen Versionen davon rausgebracht. So. Flip. Und Flip. Sehr schön. Renault und Peugeot gehören nicht zusammen. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Das kann schon sein. Was weiß denn ich, ob die zusammengehören? Aber auch die teilen sich irgendwo mal in irgendeiner Art und Weise, also nicht die beiden konkret, aber Autoproduktionsstrecken werden ja auch gerne irgendwie
was heißt getauscht, geteilt und so weiter und so fort, ne? So, ach, hier ging es jetzt ohne Probleme. Einfach so, easy peasy, alles klar. Leute, ich glaube, oder? Das ist jetzt da dran. Ja, letzter Arbeitsschritt. Leute, der Vogel ist fertig. Wartet mal, ich klappe mal auf für euch. Da, wo man überall aufklappen kann. Hier kann man aufklappen, da kann man aufklappen. So. Und hier, da und da. Und jetzt kann ich ihn wahrscheinlich nie wieder auf den Boden absetzen. Aber hey. So. Alter, was ein Vogel, hey. Krass. Ja. Das ist einfach ein Monster, das Ding. Das ist wirklich, wirklich, wirklich groß. Und echt. Also der ist wirklich schwer. Der ist wirklich schwer. Aber total geil. Zeige ich euch dann nochmal über die Handycam. Wenn der Fuß dran ist. Sehr cooles Ding. Awesome. Geschafft. Nee, wir haben noch eine Tüte. Da ist noch eine Tüte. Vogel, ja. Schön. Citroën und Peugeot gehören zusammen unter dem Namen PSA. Okay, ja, dann waren es die beiden. Auch gut. Auch gut. Na dann auf. Ruki, wir sind danach immer noch nicht fertig. Selbst wenn das Ding jetzt auf seinem Podest steht, da ist immer noch was. Weil ich habe ein Beleuchtungskit gekauft. Und das heißt, wir müssen den Vogel nochmal auseinandernehmen, um ihn beleuchten zu können. Außer, das ist diesmal minimalinvasiv. Ich bin sehr gespannt, ob es das ist. So. Endlich mal ein paar schwarze Teile. Endlich mit der richtigen Farbe. Du bist hyped auf die Beleuchtung. Oh. Ich weiß noch nicht, ob ich hyped bin, aber ich freue mich drauf. Aber ich weiß halt auch noch vom Langhals, was das für ein Rotz war. Also das Ergebnis ist geil, aber der Weg dahin ist meh. So. Okay. Wir bauen das allererstes mal Groot. Groot ist die einfachste Figur. Das sind Beine, ein Oberkörper und irgendwo ein Kopf. So. Jo, das ist Groot. Hier, bitteschön. Kleiner Mini-Groot. Den die Kamera wieder mal nicht scharf stellen will, aber naja. Ich frage mich wirklich, was genau die Kamera hier versucht scharf zu stellen. Oder was sie scharf stellt. Na, ist halt eine 10920. Das ist ein solides Ding, aber viel braucht man auch nicht davon erwarten. Das Licht, ja, ich glaube auch fast, dass es auf das Licht fokussiert und ich weiß nicht warum. Das macht halt noch am allerwenigsten Sinn von allem. Aber, naja. So, wir bauen jetzt einen ich weiß nicht, ob ich das Wort überhaupt sagen soll. Ihr seid alle so kindisch. Ihr wisst alle, welches Wort ich meine. Ne? Stopp. Wer ist kindisch? Alle. Prinzipiell. Was bauen wir denn? Adel, du weißt es ganz genau. Meine ich ein Ständerchen? Vielleicht. Siehst du, sag ich doch, das sind sie wieder, die Kinder. So. Ach, sehr schön.
Club. Okay, also das hier ist schon mal ziemlich massiv. Ne? Mit 4 Zwischendingern ist das schon mal gar nicht so unkrass. Man könnte sagen unkrass, ja. Doch, unkrass ist genau das richtige Wort. Das ist genau das, was ich suche. Wenn es das Wort nicht gibt, dann gibt es das jetzt. So. So, jetzt habe ich ein Problem. Die sind tatsächlich alle schwarz, die Teile. Bis auf wenige Ausnahmen. Das heißt, die sind entsprechend schwer zu sehen. Also, selbst mit guten Augen. Weil einfach komplett der Kontrast fehlt. Eieiei. Aber ich glaube, der Standfuß ist auch ganz nice. Weil der auch noch so das eine oder andere Feature drin hat. Das ist nicht einfach nur, der ist nicht einfach nur da, sondern der kann auch was im Sinne von, da passieren Dinge. So. Ja. Oh, ja. Definitiv so. So. Nee, so rum. So rum. Du bist eigentlich 24, aber identifizierst dich als 6. Ja, es ist, manchmal ist das besser so. Wenn man ehrlich dazu steht. Okay, ich glaube, das wird eine der massivsten Konstruktionen, die ich jemals aus Lego gebaut habe. Also, das wird nicht ohne, weil das Ding ist wirklich, wirklich schwer. Ich weiß nicht mal, ob meine Küchenwaage das überhaupt wiegen würde. Weil, nun, das Ding ist wirklich schwer. Okay, ja, verstehe. Du bist 23, 3/5. What? Warum so genau? Warum so genau, Rapid? Was ist das denn? Und 1 und 2. Sehr schön. Weil du es kannst. Das ist okay. Ich habe gelernt, bei solchen Antworten nicht weiter nachzufragen. Alle so jung. Ja, Adel, lass uns einfach den Rentnerclub hier aufmachen. Wir gehören da definitiv schon rein, auch wenn wahrscheinlich gleich aus einer Reihe wieder vehementer Gegenwind kommt. Aber ich finde, wir gehören definitiv in den Rentnerclub, ja. Da stellt sich gar keine Frage mehr. Das ist einfach so. Oh. Das wird noch massiver gebaut, das Ding. Ja, WTF. Alter Verwalter. Du bist 21, 319, 365. Ich sage einfach gar nichts mehr, ne? Wenn mich jemand fragt, wie alt bist du? Das ist, irgendwie eine Antwort in Richtung, ich bin nicht tot, das muss reichen. Also. So, wo ist denn, hallo? Da ist das Teil, das ich suche. Eieieiei. Tiger Rentenclub? Was? Der Tiger Rentenclub, wow. Das ist okay, das ist schön. Oh, das habe ich nicht kommen sehen.
Wie und alt. Ja, siehst du, da ist die Reihe, die sich beschwert. Ich wusste doch, dass ich auf gewisse Leute zählen kann. Ich lieb's. So, und wir brauchen noch ein Stängeloin. Das da. Ist das mittig? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Jawohl. Da kommt dieses Ding da dran. Mhm. Okay. Also fest ist das jetzt noch nicht an der Stelle, aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Tipp und na, wo ist es denn? Der Kontrast fehlt. Ich sehe keinen Technikverbinder mehr. Oder warte mal. Habe ich hier oben was falsch gebaut? Nein. Oder ist der irgendwie nach rechts rüber gerutscht? Nee, nicht wirklich. Nein. Da ist er. Okay, war tatsächlich auch versteckt. Er war versteckt. Er hat sich einfach unter einem anderen Ding, unter ein anderes Dings gelegt. Macht für die jungen Leute hier Kakao und gießt sich rum ein. Ich kann nicht mal mehr Kakao machen, weil meine Kaffeemaschine kaputt ist und die Kakao macht. Wenn ich Kakao will. Mann. Direkter Stich ins Herz. Böse alte Eiskalt. Baut Benny sich jetzt seinen Ständer zusammen? Ja, genau das. Genau das. Wenn ihr wissen wollt, wie groß der ist, guckt auf mein Tinder-Profil. Wow. Entschuldigung. Das ist so doof, dass ich es selbst nicht durchgehalten habe. What? Ja, nee, schwierig. Einfach Kakao und Milch kaufen, also Kaba. Ich mag Kaba nicht. Ich weiß nicht warum, aber Kaba finde ich irgendwie merkwürdig. Mochte ich nie. Aber was ich mag, ist der Kakao, quasi den Milka-Kakao, den ich durch meinen Pad jagen kann. Also durch meine Pad-Maschine. Der ist in Ordnung. Der ist in Ordnung. Was nach Schlafzimmer, Neugestaltung und Küchenrestaurierung? Was für eine Küchenrestaurierung? Ach so, nee, meine Kaffeemaschine hat heute spontan aufgegeben, Kaffee zu produzieren. Die Pumpe ist im Arsch. Und nun kann man sich vorstellen, dass ich darüber not amused bin. Kein Fan von kaputter Kaffeemaschine. Ich habe zwar schon Ersatz bestellt, aber der kommt erst Mittwoch. Das heißt, ich bin bis Mittwoch kaffeelos. Oh, ich bin bis Mittwoch kaffeelos. Das wird die Hölle. Das wird einfach nur die Hölle. Da. Nur Kidsköpfe hier? Kidsköpfe? Ja, definitiv. Einfach mal beim Nachbarn nach Kaffee fragen. Die sind... Nee. Nein. Nein. Das hat Gründe. Ich will mit meinen Nachbarn nichts zu tun haben. Grundlegend. Ich wohne hier. Das heißt nicht, dass ich irgendwie mit meinen Nachbarn reden muss. Das ist schön und nett, wenn wir uns auf dem Hausflur treffen oder vor dem Haus und kurz mal Hallo sagen oder sagen, oh, heute ist aber scheiß Wetter, ne? Oder oh, heute ist aber schönes Wetter. Sowas in der Richtung. Aber ansonsten will ich mit meinen Nachbarn wirklich nichts zu tun haben.
Hol dir Instant-Kaffee? Was macht die Pumpe dort? Habe ich irgendwelche Fetische? Ah ja, manchmal muss halt aufgeräumt werden, ne? Funktioniert halt nicht, ne? Es ist... Es gibt Kaffeebonbons? Was ist das denn? Was ist das denn? So. Deswegen der Vorschlag mit den Nachbarn. Ja, nee, ich werde es mal schaffen, auf ein paar Tage Kaffee zu verzichten. Ich probiere es einfach weiter. Ich werde meine Kaffeemaschine morgen wieder fragen. Und hast du Bock? Wenn die Pumpe sagt, ja, geil, dann habe ich zumindest etwas, das nach Kaffee anmutet. Wenn nicht, dann, naja. Ansonsten muss ich halt mal zum Bäcker gehen. Die haben auch Kaffee, habe ich gehört. Wenn es wirklich so schlimm wird. Mhm. Okay. 1, 2, 3. Von denen hier. So. Es braucht eine Kaffeepads als Teebeutel. Könnte vielleicht auch was bringen. Ja, das hatte vorhin schon irgendjemand gesagt, ob ich da nicht selbst irgendwie, ne, es ist ja mehr oder weniger nichts anderes als ein Kaffeefilter, so gesehen. Ich bin da nur noch nicht so ganz überzeugt von, ob das wirklich funktioniert. Weil die arbeiten ja mit Druck und dementsprechend weiß ich noch nicht. Man könnte es... Fuck. Ha! Man könnte es probieren, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob das so gut funktioniert. So, weil ich es gerade sehe, da war vor 30 Minuten ein Follow. Das war auch irgendwann, vorhin war auch schon mal ein Follow. Ich sehe die Namen leider nicht. Aber Dankeschön dafür. Sorry, dass ich das einfach mal komplett übersehen habe, offensichtlich. Und das schon zweimal. Ja. Hier ist, ne? Erwartet bitte alles außer Professionalität auf diesem Kanal. Der kleine Adel ist Romaholiker. Was? Warum? So wird das nix. Was wird nix? Was wird nix? Du meinst mit dem Ruhm und überhaupt und sowieso, wenn ich nicht mal schaffe, dass ich ordentlich Danke zu Follows sage? Ja, das stimmt wohl. Ja. Nun, das mit den Follows. Ja. Es ist halt super dämlich, ne? Der Bot hat ein Update gemacht und deswegen irgendwas hat sich da verändert offensichtlich. Und meine eigene Logik kann halt jetzt nicht mehr anzeigen, wer da followt. Ich sehe noch, dass ein Follow da ist, aber nun ja. Ich habe auch ne, die Giftbombs und so, ne, wenn ihr mehrere Subs auf einmal verschenkt. Das war auch mal nur ein Eintrag in meiner Eventliste. Jetzt ist es ein Eintrag für die Bombe und für jedes weitere Sub wieder. Also jedes Sub in dieser Dings ein Eintrag. Kann ich nicht einstellen, dass man das im Chat sieht? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz bewusste Wahl, dass ich Follows nicht anzeige. Und zwar aus dem Grund, weil persönlich geht es mir ab und zu auch so. Und ich kann das auch verstehen. Ne? Du folgst irgendwo rein, schön und gut. Du willst aber gar keinen Shoutout haben. Du willst einfach nur dein Follow da lassen. Ne? Und dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das Twitch selbst auch anonym quasi ermöglicht. Ne? Das ist ein Follow erzeugt kein Alert von Twitch selbst, ne? Nicht so wie ein Sub, das dann im Chat steht und so weiter und so fort. Ja, man kann ja auch anonym oder einfach so resubben, indem man einfach keine Nachricht teilt. Das ist dann auch genauso anonym und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ich will das gar nicht, dass das irgendwie... Ne, ich bin für jedes Sub dankbar. Für jedes Follow dankbar, keine Frage.
Aber ich will, wenn die Leute das tatsächlich anonym machen, dann will ich ihnen das anonym ermöglichen. Deswegen bedanke ich mich auch nur fürs Follow und nenne zum Beispiel erst den Namen, wenn, wenn diese Person auch im Chat was geschrieben hat. So. Was? Giftbonbons? Nee. Also, Gift. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Subgifts. Giftbombs. Giftbombs. Bomben. Schlimmer als Bonbons. Dich kann ich nicht ausstellen. Nee, das ist richtig. Das ist aber auch in Ordnung so. Aber nee, deswegen will ich da, wie gesagt, auf die Follows gar nicht so viel drauflegen. Und wenn ich es im Chat darstellen würde, nächste Sache, ne, ihr erinnert euch vielleicht an die Bot-Attacke, ne, mit 4000, nee, keine Ahnung, was waren es? Ich glaube, es waren 1500 Follows in, wenigen Minuten. Und sowas ist halt dann auch, einfach egal, weil im Chat stört's nicht. Du kannst ganz normal weiterhin deine Konversation im Chat führen, ohne dass das dauernd von irgendeiner Nachricht unterbrochen wird. So, das ist ein cooler Mechanismus. Das ist ein sehr cooler Mechanismus. Okay, cool. Also es hat schon so seine Gründe, warum ich gewisse Sachen so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Ja, das ist nicht einfach nur irgendwie Willkür. Was mich halt nervt, ist, wie gesagt, dass ich in meinem eigenen Feed nicht mehr sehe, welcher Name hinter dem Follow steckt. Ich sehe nur, dass da ein Follow ist. Also es ist jetzt so anonym, dass nicht mal ich weiß, wer folgt, wenn ich nicht ins Twitch-Dashboard gucke. Das ich im Normalfall nicht offen habe, weil dafür habe ich ja eigentlich mein eigenes. So. Würdest du hier rein? Dankeschön. Okay. Also, wir haben hier diesen. So. Zack, zack. Wo geht denn das durch? Durch welches Loch? Durch dieses Loch hier. Ah, verstanden. Verstanden. Und dann hier so. Oder? Ja, doch. Doch. Das sieht richtig aus. Ja, das sieht sogar sehr richtig aus. Und dann hier auf der anderen Seite absichern. Böse Alte ist abgelenkt. Böse Alte reagiert nur auf Keywords. So. Ob ich einfach einen Raid vortäuschen sollte? Sowas in der Richtung? Böse Alter ist Neo-Fan. Ja. So. Nee. Ich will das schon an der richtigen Stelle haben, ne? Da, wo die Anleitung sagt. Nicht da, wo ich denke, dass es ist. Okay. So, das ist nämlich hier. Und da. Und hier. Und da. Okay. Okay, das ist das. Und jetzt wird es nochmal spannend, glaube ich. Weil jetzt kommt dieses Teil hier zum Einsatz. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist. Oder das. Oder das. Aber ich bin mir sicher, sie hängen zusammen, weil das sind die einzigen Teile, die quasi noch übrig sind.
Reines Ausschlussprinzip gerade. Hier. So, da. Da auch nochmal. Da auch. Okay. Das wird zum Drehen sein. Ja, ich glaube auch. Ich bin sehr gespannt, wie der Mechanismus funktioniert. Ich habe das noch nicht gesehen. Also inwieweit oder wie flexibel man dann den Flieger hier tatsächlich platzieren kann. Das wird noch ganz spannend. Und wie man das jetzt hier dran kriegt. Ja, nee, so ganz ist das Bild noch nicht in meinem Kopf da. Gut, das ist jetzt fest. Alles klar, dann haben wir hier die Dinge. Oh, die dürfen nicht ganz reingeschoben werden. Aha. Aha. Also nur so ein bisschen. Oh, verstanden. Das kommt jetzt da dran. Oh, warte. Ja, das ist das. Oh. Oh. Endspurt. Ja, fast. Wir haben immer noch eine Beleuchtung vor uns. Oh. Oh, das ist ja fancy. Das ist ja richtig fancy. Jetzt ist nur die Frage, wie rum. Warte mal, das Grau ist unten drunter, oder? Das Grau zeigt nach unten. Ja, genau, das Grau ist außerhalb. So, das ist das, was ich wissen will. Klick, 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 klick. Mhm. Dann haben wir die Dinger hier. Die kommen jetzt wiederum... Warte. So. Ach so. Oh. Oh. Ah, ja. Aha, oh. Moment. Ich bin gerade motorisch minder begabt. So, jetzt. Okay. Eine Seite da. Ich habe gerade überlegt, ob ich die verquer da reinpacke, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. So. Also so ein Nagel quasi von links, einen von rechts. So, jetzt haben wir hier dieses Ding hier. Das hier dreht sich. Das ist hübsch, das ist cool. Und jetzt haben wir offensichtlich auf der Unterseite von unserem Schiff Dinge, wo wir das dran packen können. Oh, warte mal, das ist ja relativ locker sogar. Das ist nur zum Draufstecken. Das ist gar nicht mal fest. Das ist... Ach du. Okay. Ach, da schau her. Das ist nicht fest. Das ist nur über 4 Punkte, die hier definiert sind. Oder? Doch, das hakt sich fest. Doch, da sind da sind innen drin Dinger drin. Doch. Ja, nee, das ist jetzt schon... Das ist schon fest. Puh. Ja, das ist er. Und den kann man jetzt lustig durch die Gegend drehen, wie man es gerade haben will. Uiuiui, wenn man da dreht, man merkt wirklich den Schwung, den das Ding hat. Den das Ding erzeugt. Und den Widerwillen. Weil es einfach echt schwer ist. Geiles Teil. Okay. Ich bin ganz ehrlich, der Ständer wirkt etwas wackelig, aber der hat Power. Der hat echt Power. Gab es einen Baufehler oder habe ich alles auf Anhieb richtig gehabt? Abgesehen von so Kleinigkeiten, die ich dann instant beheben konnte, ist einfach durch. Also, ja, nee. Ging alles sofort. Das ist
Sehr cool. Geiles Teil. Echt geiles Teil. Halleluja. So. Moment. Zeige ich euch. So, hier nochmal in ganzem Detailreichtum. Das ist wirklich, wirklich cool. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Set. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt drehe. Und nicht hier am Ständer einfach mache. So. Hat auch noch einen Innenbereich. In dem sieht man jetzt nicht mehr so viel. Obwohl, Kamera... warte mal, kann ich Blitz anmachen? Jo. Bringt das was? Nee, weil Kamera und Blitz so weit auseinander sind. So. Bringt jetzt nicht so wirklich was. Okay. Sehr schön. Richtig geiles Ding. Also. Ja, das sind so viele kleine, schöne Details. Ne? Man sieht es jetzt hier nicht, aber da ist eine Kaffeemaschine drin und ein kleiner... Warte mal. Geht die Taschenlampe? Oh ja. Da. Das ist ein kleiner Donut. Da hinten, das braune Teil, das ich da gerade anleuchte. Und da drüben, hier, da sieht man die Kaffeetasse. Mit der Kaffeemaschine oben drüber. Ist gar nicht so leicht, das hier zu beleuchten. Die haben sogar eine Kaffeemaschine. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das ist wirklich, wirklich cool von den Mechaniken her. Ne? Ich kann hier... Die Flügel hier sind upsala, ja, ihr seht das nur so halb. Die hier kann man so im Raster klappen. 3-mal. Das ist sehr, sehr cool. Das ist hervorragend. Vor allem, dass es unscharf ist. Und jetzt... ach so, hier, da. Seht ihr? Da steht nur Follow. Da sollte mehr stehen. Und eigentlich sollte, wenn hier Giftbomben verteilt werden, nur Giftbomb dastehen und nicht alle Einzelsubs davon. So, dann habe ich doch meinen Kaffee. Ja, nicht sicher, ob das so funktioniert, ne? Genau, dieses Teil hier kann man durch die Gegend klappen. Das da ist da. Das hier kann man durch die Gegend klappen. Das hier kann man klappen. Was auch ganz cool ist. Man kann das komplette Ding hier klappen. Was jetzt gerade nicht so funktioniert. Hier, so. Warte, ich mache das mal so rum. Und hier das da, das ist das, was vorhin den großen Crash verursacht hat. Diese Dinger hier. Das finde ich sehr, sehr cool, diese kleine Mechanik. Dieses kleine mechanische Ding. Da, das ist ein sehr, sehr schönes Detail, wie ich finde. Was haben wir denn noch? Jetzt habe ich alles, glaube ich, geklappt, was man klappen kann. Jetzt geht es dann bald ans Auseinanderklappen und Dinge tun. Ach so, wartet mal. Können wir rein theoretisch hier oben reinschauen? Wie leicht ist denn der Deckel hier abzuheben? Weil der hat nicht viele Punkte, wo er dranhängt. Weil die Figuren muss ich da eigentlich auch noch reinbringen irgendwie. Nee, so funktioniert das nicht. So fest ist es doch. Okay. Ich krieg's nicht einfach auf. Ich krieg's nicht einfach so auf, aber... Oh. Ordentliches Teil. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Bisschen über 8 Stunden. Wenn man die Pause rausrechnet, die Pausen rausrechnet, 8 Stunden circa. Für das Set. Das ist in Ordnung. Das ist... total in Ordnung. Finde ich. Kann ich so ein Foto machen? Nee, ne? Schwierig. Ja, nee. Sehr, sehr cooles Ding. Du findest das sogar flott? Ja, ich auch. Tatsächlich, ich auch. Das ging schneller, als ich dachte. Das ging wirklich schneller, als ich dachte. Ach so, jetzt habe ich euch die Figuren gar nicht mehr gezeigt. Ups. Kann ich euch so reinhalten, dass ihr die Küche in Echtgröße sehen könnt? Habe ich versucht. Das ging vorher, als es noch nicht zugebaut war. Inzwischen ist das ein bisschen schwieriger geworden. Also ich kann auch mal versuchen hier. Ich glaube, man kann hier relativ leicht die Klappe öffnen. Na?
Ja. So, einmal Deckel ab. Und dann kommt man von hier aus an den Deckel ran. Ah, und dann... Ja, okay. Dann, Moment. Moment. So, Obacht. Ich finde mein Stream Deck nicht. Hallo, da. So, hier, jetzt kann man da nochmal reingucken. Da ist ein Donut. Da ist eine Kaffeetasse. Da. Sieht man, glaube ich, von der Seite hier besser. Ne, so schöne kleine Details hier drin. Finde ich großartig. Da ist die Kaffeemaschine. Mit der Kaffeetasse. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt kann man auch so reinfilmen. Weil jetzt ist endlich Licht da. Jetzt kann ich auch die Figuren reinmachen. Ja, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Aber dann zeige ich euch die nämlich auch noch kurz. Die 6 Figuren, die da dabei sind. So, wir haben dich. Oh. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Also. Ja. Keine Ahnung. Gut. Kann weg. Dann haben wir Mantis. So. Mantis ist in Ordnung. Hat einen Moment gedauert. Ich habe es erst für die Schwester von Loki und von Thor gehalten. Aber ja, das sieht wie ein Bösewicht aus. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht warum. Ups, siehst du? Bösewicht. Einfach Mantis umgeworfen. So, da haben wir schon unseren Plot. Marvel, habt ihr zugeguckt? Das ist der Plot für Teil 4. So, ja, gut. Das ist halt Mantis. Dann Star-Lord. Natürlich. Ne, mit keckem Grinsen und 3-Tage-Bart. Und natürlich zwei Waffen. Ich hätte furchtbar gerne jetzt gerade den Soundtrack. Den würde ich jetzt gerne abspielen, aber dann kann ich meinen YouTube-Kanal, glaube ich, auch einfach wegwerfen. So, flupp. Dann haben wir natürlich Groot. Aber Groot ist irgendwie, sagen wir mal ganz ehrlich, die langweiligste Figur von denen. Also ich meine, der hat einen Special-Kopf. Ne, der ist jetzt nicht Standard, aber ansonsten ist das so ziemlich die langweiligste der Figuren. Ne? Hinten noch ein bisschen bedruckt und so. Also die sind alle bedruckt, das ist ganz cool. Aber ansonsten, Groot ist echt langweilig, was das angeht. Und dann haben wir Rocket. Ich meine, was hat Rocket? Rocket hat kurze Beine. Also, ich meine, schaut mal. Rocket hat kurze Beine. I am Groot. Aber ansonsten, Rocket ist cool. Rocket ist tatsächlich sehr cool. Der hat ja auch noch hinten so ein kleines Schwänzchen. Ne? Die Waffe ergibt keinen Sinn. Aber die ist hübsch. Die ist vor allem größer als er. Das passt. Und ja. Die beiden, ne? Groot hätte längere Beine bekommen sollen. Ja, ich finde es auch, also ich weiß es nicht, ne? Eigentlich ist Groot ja in dem Film ist Groot... Nee, Teenager. Doch, stimmt. In dem Film müsste Groot Teenager sein. Oder gerade so dabei sein. Und hier haben wir Thor. Gott des Donners. Jetzt auch in Scharf. Und mit Cape. Das Cape finde ich cool. Auch wenn es nur ein Stückchen Stoff ist, aber das ist nice. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Ups. Und gut, Stabilität und so, Standhaftigkeit, das üben wir nochmal, aber prinzipiell ne, sind das jetzt hier, stellen wir nochmal kurz alle auf. So. Das sind die Figuren. Um die ging es mir nicht. Die sind mir persönlich relativ egal. Ne, ich werde die, wenn dann auch in den Flieger, also hier so reinwerfen und auf Nimmerwiedersehen.
fand mich die, ne, ich weiß nicht, was ich mit denen soll, ich sammle die nicht oder so, aber ja, ne, das sind die. Ne? Dann haben wir alles nochmal gesehen. So, sehr gut. Dann mache ich nochmal hier rüber. Hi. Sehr schön. Star-Lord gehört in sein Cockpit. Mit den Wummen, meinst du? Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ihn mit den Wummen da reinzusetzen. Funktioniert das überhaupt? Ja, es funktioniert. Also es ist zwar... Ich finde das jetzt nicht unbedingt... Ja, er will halt aus dem Fenster schießen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, aber er will halt aus dem Fenster schießen. So. Okay, aber ja, stimmt schon. Jetzt sitzt er im Cockpit. So, jetzt sieht man ihn nicht mehr. Hallöchen, Halogen. Hi, einen wunderschönen. Hallo, da sieht man sich wieder. Ja, ich bin immer noch hier, ne? Du meinst Überfall, Hände hoch. Warte. Ich schicke Groot vor, der schiebt die Hände hoch. Ne? So. Hallöchen Matze, hallo, ein wunderschön. Ja, was habt ihr gemacht? Was gab's bei euch? Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß und habt tolle Dinge getan. Wir haben hier dieses Monster von Flieger, der ist gerade ohne Dach da oben, deswegen, ich lasse das Dach auch nochmal weg, weil, falls wir da gleich nochmal Strom legen müssen, dann passt das ganz gut, wenn da offen ist. Ja, wir haben diesen Monsterflieger hier gebaut. In 8 Stunden. Was zeitlich echt in Ordnung ist. Weniger als ich vermutet hatte, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben die Beleuchtung noch nicht davon eingebaut. Also von dem her. Wir haben die Beleuchtung noch nicht eingebaut. Dementsprechend kann das auch noch ganz, ganz wild werden. So. Sehr cooles Ding. Sehr, sehr cooles Ding. Strom für die Kaffeemaschine. Nee, die leuchtet ja nicht. Gleich muss der auf einmal komplett auseinandergenommen werden. Also ich habe euch das Ding vorhin schon gezeigt, das Set. Das hier sind die Kabel und die paar LEDs, die wir haben. Na, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und ich meine, es leuchtet hauptsächlich das Zeug hier unten drunter. Vielleicht leuchtet da drin was. Mal schauen, wo wir... Aber ja, es könnte sein, dass wir da gleich nochmal richtig was auseinanderbauen müssen. Gucken wir mal, ich muss auch noch Akkus besorgen für das Stromding. Zeige ich nochmal Groot? Ja, warte. Hier, warte. Funktioniert nicht, die Maus ist kacke. Ah, oh. Groot hat den Berg erklommen. Warte mal, wenn ich jetzt den theoretisch ein bisschen näher mache. Bleibt er scharf? Ja, es geht. So. 1848, Benny sagt, das ist nicht viel. Du meinst die Beleuchtung? Ja. Also ich hoffe. Das letzte Mal waren das 3 oder 4 Stunden noch. Und eigentlich fast der Großteil der Bauzeit. Was für die Beleuchtung drauf ging. Dieses Mal hoffe ich, dass das schneller geht. Weil einfach das Set so klein ist. Ne? Beim Langhals waren viel mehr Kabel und viel mehr Zeug, was irgendwie verlegt werden musste. Allerdings war das da auch in alles in Einzelpäckchen. Und hier ist es relativ kompakt in einem. So, du bist dafür, dass Groot so auf die Maus geklebt wird. Ich brauche diese Maus. Nee, er geht im Weg um. Er würde im Weg umgehen. Das funktioniert so nicht. Außerdem kleben wir kein Lego. So, Leute. Ich würde jetzt nochmal ein kurzes Päuschen machen. Ne? Ich finde, wir haben jetzt das hier erledigt und danach kümmern wir uns um die Beleuchtung, die hoffentlich cool wird. Ja, die Beleuchtung. Oh, wartet mal. Bevor wir die starten. So. 3 Doppel-A-Batterien müssen da rein. Okay.
Wow, das ist ganz schön viel. Ja, dann muss ich da kurz zum Ladegerät marschieren und Akkus holen. Sehr gut. Läuft. Gut, ja, dann das hier wird unser Stromlieferant. Da kommen gleich Batterien rein. Und dann kommt da Licht dran. So, das wird dann der letzte Teil vom Stream. Und deswegen würde ich jetzt mal ganz kurz, wie gesagt, kurze Pipi-Pause für alle. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Sorry für die jetzt gerade von Halogen hier rüber geratet worden sind. Ich bin gleich wieder da, ne? Gleich wieder da und dann wird das Ding hier, dann wird der Vogel beleuchtet. So, deswegen bis... Moment, stopp. Hier, ja, dran gedacht, sehr schön. Bis gleich. Tschüss. Hi. Na, ihr auch hier? Das ist ja merkwürdig. Ich habe die Akkus vergessen. Ich bin so doof. Ich habe die Akkus vergessen. Ich bin so bescheuert. Ich habe jetzt wirklich... Ach, Mann. Habe ich Akkus hier? Nein. Scheiße. WP, Benny. Bis gleich, Benny. Oh. Sorry, gut. Dann dürft ihr
hier rein und ich mache mich hier nochmal ganz kurz weg. So. Bin sofort wieder da. Ach so, hi, ihr auch hier. Das ist ja merkwürdig, dass wir uns ausgerechnet hier jetzt treffen. Ganz, ganz komisch. Damit hätte ich ja jetzt gar nicht gerechnet. So, ich habe vorher nachgeschaut, ne? Das waren 3. Ja, das waren 3. Sehr gut. Na, immerhin. Moment. Was ist denn jetzt los, hey? So. Ich kann nicht mehr. ich bin für heute einfach, weiß ich nicht. Okay, jetzt ist on, nichts brennt. Gut. So. Sehr schön, sehr schön. Okay, also die Box ist cool. Es brennt nichts, wenn ich sie anmache. Die Akkus werden nicht sofort warm. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach kein Verbraucher da ist. So, ha. So, für den 12-Stunden-Stream brauche ich jetzt noch 3 Stunden, circa. Ich glaube nicht, dass wir ganz so lang brauchen. Wir schauen mal, aber ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. So. Ja, vorsichtig hier rauszuppeln. Hallo Hund. Ja, du. Was ist das? Willst du gucken? Ja, was ist das? Da ist eine Hundenase hinterm Chat. So. 3 Stunden easy, geh Gassi. Ich könnte euch rein theoretisch mal auf eine Gassi-Runde mitnehmen, aber nee. Oh, wow, das ist komplett anders als Dingens. Hörst du auf, den Karton anzustupsen? Hörst du auf? Das wäre toll. Okay, das ist ein komplett anderes Beleuchtungssystem. Jetzt weiß ich nämlich auch, warum das ein Dingens ist. Ein einziges Päckchen hier. Das ist nämlich alles schon fertig verkabelt. Man muss es nur entwirren. Man muss es nur, also in Anführungszeichen, nur entwirren. Und das ist perfekt alles vorbereitet. Das sind alles schon direkt die richtigen Längen. Oh, das ist cool. Sammy denkt, das wären Leckerlis. Sammy denkt bei allem, was raschelt, das wären Leckerlis. Und damit ist Sammy in bester Gesellschaft aller anderen Hunde. Rascheln ist oftmals einfach gleich Leckerlis. Okay, das ist sehr, sehr spannend. Oh, wow. Guckt euch das mal an. Das ist ja... Ich zeige euch das gleich direkt. Das ist so viel geiler als das Set von Horizon, also vom Longneck. Das sehe ich jetzt schon. Dieses Beleuchtungsding ist so viel cooler. Ich sollte nicht alles aufdröseln. Ist mir egal, ich tue es. Dieses Rascheln ist ein Opfer der Umstände. Was? Nicht das Rascheln, sondern die Hunde? Okay, ich wollte gerade sagen. Was? Das ist einfach perfekt alles hier aufeinander abgestimmt. Also wenn die Längen jetzt auch wirklich nur so halbwegs passen,
dann dürfte das hier tatsächlich eine relativ leichte Sache sein. Ich bleibe bei Relativierung und Konjunktiv, ganz bewusst. Weil ich habe es das letzte Mal auch für leicht gehalten, aber hier ist wirklich alles vorbereitet. Da muss man nicht irgendwie erst Kabel verstecken und so ein Blödsinn. So. Das Rascheln tut dir leid. Ja, das Rascheln, dann darf es halt nicht rascheln, ne? Das ist relativ einfach behoben. Wenn das Rascheln nicht raschelt, dann hat das Rascheln nichts zu befürchten. So. Okay. So, jetzt habe ich hier 40.000 Kabel in der Luft hängen. Ich hätte das wirklich nicht einfach so entdingsen sollen, oder? Jetzt muss ich die nämlich danach entwirren, aber ja doch, das kriege ich hin. Ja doch, das kriegt man hin. Was dieses Set instant cool macht, also wirklich cool, das ist die Sache, dass das hier einfach zusammenpasst, ne? Passt mal auf. So, ihr erinnert euch noch an das letzte Set, ne? Da hatten wir jede Menge von diesen kleinen Mini-LEDs hier. So kleine Dinger, die wir irgendwo drunter pappen mussten. Das war ja noch in Ordnung. Das ist jetzt hier auch. Aber schaut mal hier. Diese kleinen Teilchen haben direkt die LEDs eingebaut. Und das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist wirklich cool. Ne, du musst dich um nichts kümmern, weil dieses Steinchen hier, das ist hier an der Seite angebohrt, damit das Kabel da durchkommt. Also das ist, du musst es nicht unten durchleiten und dadurch ist das Steinchen nicht irgendwie lockerer oder so. Und das hier ist eine normale kleine LED-Leiste oder ne, relativ normal mit einem Klebepad hinten dran. Die Dinger hier sind halt die kleinen, weiß ich noch nicht, wo die hin müssen, aber die Restteile sind wirklich nice. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, warum wir hier massive Steinchen haben. Die da. Weil die sind ja massiv. Warum sind da LEDs dran? Warte mal, das sind Original-Lego-Teilchen. Was? Guckt mal, da ist ein Lego-Logo drauf. Sieht man das? Jetzt. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Fokus. Ach, da unten sieht man es. Das sind Original-Lego-Steinchen, die sie modifiziert haben. Mach bloß vorsichtig. Ja, aber das ist cool. Das sind nicht irgendwelche Ersatzsteinchen, das sind Originalsteinchen. Geilo. Geilo. Das ist jetzt schon so viel besser als das letzte Beleuchtungsset. Das ist jetzt schon so viel besser. So, jetzt wartet mal. Scan the QR-Code for PDF User Manual. Das kriegen wir hin, glaube ich. Da. Okay. Das kriegen wir auch so hin. Machen wir mal ganz kurz das da weg. So. Raus aus dem Fullscreen. Lighttailing Instructions. Das müsste hier sein. Lighttailing. Wo ist es denn? Guardians Ship 76193. 76193. Nein, kein Newsletter, danke. Hier. Interessante Anleitung. Kann ich das runterladen und dann öffnen? Ne, ist jetzt ein PDF, ne? Google Docs öffnen. Ich hätte halt einfach gerne das PDF. Ich weiß nicht, warum die hier einen Drive-Link hinpacken. Das ist doch total dämlich. Ach so, warte mal, ich kann sie einfach runterladen. Es ist ein PDF, ich kann es einfach runterladen. Okay, gut. 59,2 Megabyte. Jo, jetzt kann ich es öffnen. Sehr schön. Okay, gut.
Gut, gut. Aha, ich glaube, ich mache das nochmal ein bisschen größer. So, und da müssen wir hin und her schieben. Okay, cool. Passt. Okay. Geilo. Geilo, 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 geilo. Ich freue mich. Ach so. Ja. So, dann fangen wir mal an. Die sagen, man soll einen Test machen, ob die leuchten. Leute. Ha! Guckt mal, es ist Weihnachten. Wir haben eine Lichterkette. Okay. Mal schauen, ob alle leuchten. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, die leuchten alle. Jo, da ist nicht eine LED dabei, die kaputt ist. Cool. Es leuchtet. Ja, und es leuchtet blau. Das will ich auch nochmal anmerken. Und es leuchtet vor allem sehr, sehr hell. Gut. Das war der Funktionstest. Schau mal. Okay, die haben hier auch, wie beim anderen, manchmal muss man durchteilen, manchmal muss man Kabel irgendwo rumwickeln, manchmal muss man sie durchziehen. Alles klar. Hallöchen, Prinzipessa. Hi, Bastelstunde. Ja, schon seit 9 Stunden. wir sind schon eine Weile dabei. Es ist, ja. Gut. Ja, dann fangen wir mal an. Du bastelst dir einen Fatman. Oh, auch nice. Auch nice. Gut, dann fangen wir mal an. So, wir haben den Funktionstest gemacht. Wir haben alles fleißig entwirrt. Wir haben unser Modell. Der erste Schritt von dem Modell ist relativ einfach. Wir müssen das Modell vom Fuß entfernen. So. Ja. Oh. Jo. Okay. Easy peasy. Weg damit. So, ich klappe mal sämtliche Flügel ein, die ich einklappen kann. Aus Gründen der Sicherheit. Ne, ihr kennt das ist wie im Flugzeug, die Sicherheitsanweisungen. Deswegen klappe ich jetzt hier mal alles an, was ich anklappen kann. So. Mehr habe ich nicht. Okay, das war gar nicht so viel. So, Fatman ist miese Mini-Atombombenwerfer in Fallout. I know. Ich habe zwar nie Fallout gespielt, aber so viel weiß ich. So viel weiß ich. Okay, das waren Schritt 5 und 6. Anschauen und dann vom Dingens heben. Und dann auf den Boden legen und den Dings da erstmal weg. Den Ständer. Und dann müssen wir das Teil auf den Rücken drehen. So. Dann müssen wir das Teil auf den Rücken drehen, sagt das Ding. Ja, da habe ich gerade was verschoben. Das ist aber in Ordnung. So. Jetzt komme ich mir vor wie in der OP. Ne? Als wäre ich der Chirurg. In gewisser Weise bin ich das jetzt auch gleich. So. Okay. Fatman ist ein Superheld in Boku no Hero. Ist das so? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Du klappst, was? Benny, ich klappe mal alle Flügel ein, die ich klappen kann. Passagier, guckt runter, merkt man das über den Pazifik oder Pazifik. Was? So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, ne? Eieieiei. So, wir müssen das Ding also einmal so rumdrehen. Ich pack mal kurz meinen Streamdeck da so ein bisschen auf die Seite. Was müssen wir wegmachen? Dieses Teil hier. Okay, pass auf. Da. Ihr habt nicht für jedes einzelne Teil, das man entfernen muss, einen einzigen Schritt da drin, oder? Das ist ja... Okay, doch haben sie. Das ist ja... Wow. Also das ist super hilfreich, aber es ist auch ein bisschen zu detailliert fast. So. Okay.
Das ist wirklich fast ein bisschen zu detailliert. Das lange Ding hier drüben auch weg. Ich glaube, wir machen, so wie es ausschaut, nur eine minimalinvasive OP. Alter. Ja, das war's dann mit der Transplantation. So. Das war's mit der Transplantation, ne? Ach so, jetzt bin ich in der egal, da seht ihr mehr. Okay. Das ging jetzt relativ easy. So, wir haben jetzt hier die Teile offen und jetzt ist das nächste das Ding hier. Ja, dieses kleine Drehdingens. Patient leider tot. Ja, nee, alles gut. Alles gut. Ist momentan nur oberflächlich. Es ist alles noch in Ordnung. Hi Eol, hallo. Was Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln oder später. Uff, das ist aber auch schwierig, ne? Hui, hui, hui. So, warte mal. Hier, das da muss... Ups. Ne, da muss das komplette Ding weg. Okay, pass auf. Du bitte auch, weil du gehörst da dran. Klingt komisch, ist aber so. So, das. Dann... Ha! Oh. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Moment. So, tatsächlich brauchen wir nur dieses Ding hier. Ich hoffe, da ist nachher wieder eine Beschreibung, wie man es hinmacht. Also, gehe ich jetzt aber mal stark von aus. Ah, warte. Ah, verstehe. Und jetzt kommt hier das klare Teil weg. So, sehr schön. Alles klar. Ist das Teil wichtig? Alles ist wichtig. Alles ist wichtig. Erl, wie geht's dir? Ich hoffe, alles soweit in Ordnung. Gut. Wir sind jetzt schon bei Schritt 21 von der Anleitung. Ich habe nicht geguckt, wie viele Anleitungen, wie viele Dings das sind. Aber was ich gesehen habe, es sind 24 Seiten. Wir sind auf Seite 4. Okay, das hier muss auch noch weg. Okay. Okay. So, jetzt warte mal. Einmal kurz hier die Teile behalten. Das hier muss auch noch getrennt werden. Das muss nämlich auch leuchten, wie es ausschaut. Das muss auch leuchten. Jetzt. Ach so. Nee, warte mal. Alle 3 davon weg. Jo. Und... Jetzt. Dann halt so. Okay, 2 kleine Haufen. Sehr schön. Das sollte nur ein Salat und McRib. Dafür machst du dir morgen dein erstes T-Bone Steak. Naja, Salat und McRib, es geht schlimmer, ne? Es geht definitiv schlimmer. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir brauchen das Ende eines Strangs. Ich habe das Ende eines Stranges gefunden. Eines Strangs mit 3 Leuchten dran. Okay, ja doch, das sieht in Ordnung aus. Alles klar. Ja, doch, das müsste so... Doch, das dürfte so passen. Okay. Okidoki. Das heißt, wir bauen jetzt hier dieses Teil so da dran. Dann next. Ziehen wir alle Kabel davon hinten rum. Ah ja, okay, da müssen wir jetzt durch.
Da müssen wir jetzt so ein bisschen vorsichtig hier durch scheppern, sage ich jetzt mal. Dann können wir aber das wieder da draufsetzen. So. Ist das fest? Fest genug. Aha. Okay. Dann hängt das hier so rum. Dann wiederum basteln wir das. Ah ja. Dann basteln wir das darum und bauen hier wieder Teile drauf. Nee, warte mal. Wir legen das tatsächlich so dahin. Ne? Nee, nicht ganz. Noch nicht ganz. Oh. Mhm. Die Kabel sind halt so dünn, dass die sich eigentlich hier, dass die eigentlich nicht auftragen sollten. Aber minimal tun sie es, ne? Also insgesamt werden die Sachen danach ein minimales bisschen lockerer sein als vorher. Aber das ist in Ordnung. So, dann hier rüber. Darüber, okay. Und dann haben wir hier... Ach so, und jetzt machen wir hier einen lustigen Kabelslalom, oder was? Aha. Ja, ich bin nicht ganz sicher, wie das jetzt hier genau funktionieren soll, aber die sagen, das geht. Ich sage, ich weiß nicht. Also gehen tut's ohne Probleme. Das Problem ist, oder was heißt Problem, ist, dass das hier irgendwie verquirlt werden soll und es da nicht wirklich große Fläche zum Festhalten hat. Also es soll sich da festhalten, aber da ist halt nichts zum Festhalten. So, du warst den ganzen Tag hier im Lurk, also hat die Beschwörung geklappt. Okay. Sehr, sehr cool. Dann sage ich da mal Danke für. So, kann ich das hier noch ein bisschen besser verstecken, das Kabel? Nee, ne? Nicht so wirklich. Ja, das geht eigentlich. Es geht halt wirklich. Ach so, warte mal. Ja. Und jetzt kann ich... Jetzt kann ich das hier wieder drauf schieben und damit ist das Kabel dann eigentlich auch versteckt. Auch ganz ohne, dass ich da jetzt das irgendwie groß verquirle oder so, wie die das jetzt hier in der Anleitung vorgesehen haben, weil das Kabel ist einfach lang genug. So. Also man sieht jetzt hier, wenn man genau hinschaut, wartet, hier so ein ganz kleines bisschen das Kabel. Ich bin noch nicht sicher, ob das so schön ist oder ob ich das jetzt schlimm finde. Lass mal kurz nochmal hier runternehmen. Ja. Ja. Ha! Jetzt habe ich das eine Kabel hier so da rein gedingst, dass gar nichts mehr geht. Ups. So. Ja. Lass mal hier so. Da so. Ah, ja, das ist jetzt ein bisschen hübscher. Da sieht man jetzt das Kabel weniger. Ich weiß nicht, wie die das hier verstecken, jetzt mal ganz ehrlich. Das erscheint mir alles ein bisschen sehr, weiß ich nicht, aufwendig, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie genau die das hier verstecken, aber es ist nicht so, wie ich mir das jetzt selbst ausmalen würde, dass sie das tun. Okay, dann kommt das Ding hier wieder dran. So, da müssen wir einmal auch am Kabel vorbeistecken. Läuft, aber das siehst du so gut wie nichts davon. Sehr cool. Es geht? Du dachtest, es ist ein Raumschiff? Ja, auch Raumschiffe gehen ab und zu.
Doch, doch. Das ist eine Sache, die passieren kann. Ja, genau. Das muss jetzt hier einmal durchverkabelt werden. Alles klar. So, da. Das ging ja dann quasi so. So. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ein bisschen schwierig, weil das Raumschiff so weit weg ist von mir. Ein Raumschiff mit herausragenden Kabeln. Wie heißt es? Raumschiff Schlunziprise? Was? Schlunziprise? Was? Ja. Ja, das ist so. Das nennt man dann... Das ist modern. Raushängende Kabel sind modern in Raumschiffen. Das ist der neueste Trend. Das macht man einfach so. Okay. Der Used-Look bei Raumschiffen, ob das gut geht. Ja, doch, ihr habt ja noch nie den richtigen Sci-Fi-Film gesehen, ne? Also echt jetzt. Du gehst mal dein Flüssigbrot verzehren und das am zweiten Tag in Folge mit derselben Person. Rettet deine Leber, please. Einfach weniger davon trinken. Oder Mischbier trinken, das geht auch. Das trägt nicht ganz so auf, was das angeht. Aber viel Spaß, Rapid. Lass es dir schmecken. Ach, Schlunzi Price. Ach Gott, ich habe Prise gelesen. Ja, okay, gut. Ja, es ist Raumschiff Schlunzi Price. Das ist total in Ordnung. Das ist total in Ordnung. Sehr gut. Du hast genug Clone Wars gesehen, um zu sagen, dass sie dann nur noch One-Way-Reisen sind. Ja gut, aber Clone Wars ist jetzt auch nicht der Standard für Sci-Fi, ne? Also, muss ich jetzt leider auch so dazu sagen. Da gibt es schon noch andere Dinge, die in Ordnung sind, was das angeht. Darf ich jetzt hier? Nee, ich darf hier oben noch nicht wieder zubauen. Okay, nee, ich darf hier oben noch nicht wieder zubauen. Alles klar. Das heißt, wir drehen das Ding jetzt einmal und machen auf der anderen Seite das, was wir hier links auch schon gemacht haben. So, 40.000 Kabel später. So. Da bist du wieder im Wohnzimmer angekommen. Und hallo. Ach so. Oh, verstehe. Wenn Anni da steht, dann bist du im Wohnzimmer. Wenn Anni nicht im Namen steht, dann bist du im Zockzimmer. Ja, das ist okay. Okay, verstanden. Warte mal, habe ich jetzt nicht doch irgendwas vergessen? Es wirkt so, als hätte ich was vergessen. Nee, ich habe nichts vergessen. Warum dürfen... Oh mein Gott, wo war ich jetzt? Okay, nee, da waren wir schon. Hier war ich. Warum darf ich da noch nicht zubauen? Ich habe Teile dafür in der Hand, aber ich darf hier noch nicht zubauen. Naja, okay. Die werden schon wissen, warum. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier ähnlich vorgehen wie gerade eben. Ach so, und jetzt machen sie nicht mehr jeden einzelnen Schritt hier, sondern sagen nur noch da, das muss raus. Diese Teile müssen am Ende übrig bleiben. Das ist ja rührend. Das ist ja richtig rührend. Also die geben sich jetzt hier richtig Mühe. Alter, die Dinger hängen hier aber auch richtig fest, ne? Also richtig, sage ich, fest, ne? Uff, da. Klappe. Wie habe ich denn das auf der anderen Seite aufgekriegt? Ihr habt mich verwirrt. Ja, also nee, böse Alter hat mich verwirrt. Das ist absolut richtig. Wie habe ich denn das hier ganz allgemein da reingekriegt, sag mal? Ich komme hier mit meinem
Dingens gerade nicht so wirklich drunter. Ich kann es nicht raushebeln. Wow, ich war sehr effektiv im Zusammenbauen, weil es ist unzerstörbar. Projekt Beleuchtung muss abgeblasen werden, weil da ist kein Weg mehr, ein Kabel zu führen. Oh, warte mal, doch, da ist was. Ah. Deswegen. Ja. So, nee. Nee. Warte mal. Na, okay, das ist noch nicht so ganz das, was ich jetzt will oder brauche, aber... Au. Jawohl, okay. So, sehr schön. Das und dann hier. Von da aus könnte das doch gehen, oder? Da ist halt was im Weg. An Laptop-Tastatur. Nebenher alte CDs auf ihren Wert prüfen. Schon ein Goldstück gefunden. Aha. Verstehe. So wahnsinnig viele alte CDs hätte ich nicht mal, ne? Ja, wohl, doch schon die eine oder andere. Aber die sind garantiert alle nichts wert. Das würde mich jetzt dann doch sehr wundern. Ne? Oh, da bewegt sich was. Irgendwas bewegt sich. Irgendwas könnte locker werden. Ne? Komm schon. Nee, nicht wirklich. Okay, pass auf. Dann probiere ich es mal von der anderen Seite aus. Alter Schwede. Hell! Jetzt wird mir auch plötzlich warm, ne? Ich probiere es einfach mal mit meinen Fingernägeln. Ah ja, sieh an. Ha. Es hätte so einfach sein können. Hell? Was? Hell? Ja, hell? Was? Hell oder Hölle? Eins von beiden. Was? So, Schritt 41. Ja, gleiches Spiel wie drüben auch. Haben wir das Zeug hier abknipsen. Mhm. Ihr habt hier 100 bis 150 CDs und noch echt viele DVDs, PC-Spiele, CDs etc. Achso, PC-Spiele-CDs, ja, von denen hatte ich tatsächlich nie viel. Weil ich war ja nie so wirklich der PC-Spieler. Lange Zeit. Ich habe ja sehr, sehr lange Zeit nur Konsole gespielt. Dementsprechend hatte ich da natürlich auch relativ wenig Interesse an PC-Spielen. Aber, Macht ihr jetzt quasi Frühjahrsputz. Also Frühjahrsausmisten. Wie auch immer man das gerade bezeichnen will, ne? Ja. Ja, jetzt. Jetzt. So. Du wie auch weg. Tschüss. Sehr schön. Und du auch weg. So, soweit habe ich mir das nämlich gemerkt. Das ist jetzt relativ einfach. Und jetzt haben wir wieder so ein, ja, genauso wie gerade eben, so ein Dreierteilchen, dass wir uns hier irgendwie rausknipsen müssen. Aus den ganzen Lichtern. Das heißt, die beiden werden ausgetauscht. Die können grundlegend weg. Lichter suchen. Ach so, warte mal. Hier, das ist ja, okay, das ist ja relativ einfach. Das sind ja dann nur die hier. Okay. Ja, das geht.
Ne, das geht ja. Ah, okay. Und die gehen direkt hier zum Hauptkabelbaum zurück. Alles klar. Ja, dann sehe ich da jetzt gar nicht mal das große Problem. Screen Fun. Oh. Habe ich alle weggeschmissen. Irgendwann. Vor langer, langer Zeit. Hätte ich nicht tun sollen. Hätte ich nicht tun sollen. Aber ich hätte so viel nicht wegschmeißen sollen. Okay. So, rein theoretisch. Ach ja, genau. Das muss jetzt hier einmal da so rumgewickelt werden. Und dann darf das hier wieder dran. So. Ist noch nicht ganz fest, aber gucken wir mal. Ja. Ja, jetzt ist fest. So, das darf jetzt wiederum, wenn ich mich richtig erinnere, hier so durchgeleitet werden. Genau. So. Dann einmal da. Mhm. Hier bewahrheitet sich auch gerade mal wieder, dass das zweite Mal immer etwas einfacher ist als das erste Mal. So, da. Mhm. Und bis auf die zwei kleinen Käbelchen oder das eine Kabelchen. Käbelchen ist das hier total super. So, jetzt habe ich ganz viele Bauschritte, glaube ich, einfach übersprungen. Jein. Was heißt übersprungen? Ich bin jetzt, ich nenne mich fleißig. So, sehr gut. Dann kommt das hier wieder drauf. So. Jawohl. Sehr schön. Und dann legen wir das dahin und bauen hier unser Dreieck wieder drauf. Warte. Okay. Easy peasy. Dann können wir das hier hinten rumlegen. Das müsste genau da dann hochgehen. Hier rüber. Ach, diese kleinen, feinen Kabel, hey. Und da. Ja, so. Ah, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Nee, das ist gar nicht schön. Da hängt jetzt ein Kabel so ein bisschen in der Gegend rum. Scheiß drauf, das wird unter dem anderen versteckt. Das sieht man nicht. So, ihr räumt das Wohnzimmer um und ihr müsst mal ausmisten vorher. Ja, okay, ja, das verstehe ich. Das ist auch noch ca. 100 Spiele, CDs, DVDs, dazu knapp Dinger aus Zeitschriften. Knapp Dinger, was? Du glaubst, du hast den Tag sogar noch eine AOL-CD gefunden mit gratis Internet. Oh, nice. Endzone kenne ich auch noch, ja. Die habe ich nie selbst gekauft. Doch, die habe ich mal gekauft. Ich weiß gar nicht warum, weil ich war ja nie das Nintendo-Kind. Aber hey, AOL-CDs, ja, die habe ich als Deko damals genutzt. Das war halt, nun ja, sagen wir mal so. AOL-CDs waren halt einfach eine sehr, sehr günstige Möglichkeit, ne? Zu dekorieren. Weil, naja, ist halt so. Das ist immer bin ich schon drin? Ja. Sollte kein Link werden. Ja, interessant. Interessant.
Hat Twitch das selbst als Link erkannt? Sollte eigentlich nicht. Ach Gott, die Linkerkennung von Twitch ist so doof. Hat jemand einen Tipp für einen guten CD-Ripper, der gratis ist und nebenher auch prüfen kann, ob eine CD noch einwandfrei läuft? Clone-CD hattest du früher immer gehabt? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich habe seit einigen Jahren keinerlei Laufwerke mehr für irgendetwas Scheibenartiges, außer in den Konsolen drin. Und die sind schlecht zum Rippen. So, wir müssen hier einmal... Warte mal, das ist jetzt irgendwie falsch auseinandergegangen. Das ist jetzt irgendwie... Irgendwas da... Ja, hier das Ding da hinten fehlt. Na, komm. Sei lieb. Jo. So rum. Wunderbar. Wir dürfen das hier immer noch nicht so ganz zusammenbauen, wie es ausschaut. Jetzt muss ich hier hin. Ihr seht da jetzt relativ wenig davon, ne? Es tut mir voll leid, aber das ist gerade auch echt so ein bisschen Fieselarbeit hier. Jetzt müssen nämlich die Dinger hier auch runter. Was noch? Warum muss das weg? Oh, okay. Wir nehmen einfach den kompletten Flügel ab. Alles klar. Hey Snowy, WB und Glückwunsch zum Baustellenfeierabend. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Ach so. Oh, warte. Ich finde es echt spannend. Diese Anleitung hat uns in den ersten Schritten jeden einzelnen, also jedes noch so kleine Etwas erklärt, ne? Jetzt ist einfach, ja, mach mal. Jetzt ist nur noch so quasi das Ergebnis von der Anleitung da. Das ist sehr, sehr spannend. Man muss so ein bisschen selbst rausfinden, welche Teile da jetzt entfernt wurden und welche nicht. So, warte mal. Das da mal hier dahin klipsen, nicht, dass das verloren geht. Und das da auch weg. Ne? Hier so. Oh, warte. Da kriege ich einen Hebel hin. Jo. Ist es weg? Scheiße. Ich dachte, ich hab's gefangen. Au. Ich hab's. Ah, da hängt's. Es hängt weiter unten an der Hose. In einer Klamottenfalte. Gab es in Elden Ring eine Waffe, die bei besiegten Gegnern FP wiedergibt? Es gibt einen Talisman dafür. Frag mich aber nicht, wo genau der ist. Das weiß ich nicht. Aber es gibt einen Talisman, der das macht. Oder der das kann. Nee, nee, stimmt gar nicht. Oder? Nee, das war bei Kritz. Was ich gerade meine. Das war bei Kritz, was ich gerade meine. Es gibt eine Waffe. Ja gut, die von Malenia. Ich glaube, die zieht auch, wenn ich mich richtig erinnere, zieht die auch jedes Mal wieder Leben hinterher. Aber nee, ansonsten schwierig. Hä? Warte mal, jetzt habe ich das Ding hier auseinandergebaut. Hab das da. Ja doch. Okay. Achso, und jetzt machen wir das gleiche mit dem Flügelchen hier auch noch. Ach so. Ja, verstanden. Alles klar. Das heißt, das ist das Gedöns. Und dann haben wir hier noch das Gedöns auch dazu. Klipp, klipp, klipp. Ja, das hat jetzt das Falsche hier gelöst. Na, schauen wir mal. Die Waffe hat gar keinen Effekt. Ach, shit. Echt? Ah, dammit. Nee, aber dann weiß ich es nicht. Tatsächlich.
Ich habe mich nie groß mit Waffen auseinander... Also doch schon, aber nicht so weit. Nicht so tiefgehend, dass ich jetzt wüsste, welche Waffe wie, was, wann, warum kann. Zack. Und zack. Und zack. So. Okay, Flügelchen. Diese paar Teilchen hier. Jetzt brauchen wir einen Strang, der eine LED, 2 LEDs am Ende und ein normales Steinchen. Da. Hier, da ist einer. Von denen, die ich brauche. So. Einmal kurz hier entknoten. Mhm. Das Lied hört sich gerade ein bisschen so an, als würde es leiern. Aber ich glaube, das muss so. Okay, ja, passt. Das ist in Ordnung. Bei dem Drahtgewirr wärst du schon ausgerastet. Das ist viel, viel geiler als das andere Beleuchtungsset, das wir hatten für den Langhals. Das ist so viel geiler. Also, einfach deswegen, weil ich hier nicht selbst irgendwie die Kabel durch die Gegend verlegen muss. Sondern alles mehr oder weniger schon fertig an fester Stelle habe. Ach so, läuft das hier. Deswegen haben hier die Dinger Unterseitenbeleuchtungen. Oh, das ist aber... Das ist voll schlau. Das ist echt voll schlau. Okay, pass auf. Und hier muss ich jetzt... Ah. Verstanden. Verstanden. Hier, ja. Einmal so, das da dran. Oh. Die LED ist nicht mittig. Also weit entfernt davon. Nee. Okay, das passt. Aha, wo ist die letzte LED? Hier. Und die kommt jetzt wahrscheinlich hier auf die andere kleine Tragfläche drauf, ne? Ach so, warte. Ja. Ah, jetzt kann ich den Ring hier auch schon wieder festmachen. Das ist angenehm. Jo. Dann als nächstes... Als nächstes hier. Dann kann ich dieses Ding hier wieder da drauf packen. Eieieiei. So, gut, dass man die Drähte ein bisschen biegen kann. Logischerweise, weil es sind Drähte. Ja. Ja, nein. Ja, nein. Entscheid dich. Nee, der steht irgendwo im Weg. Der Draht steht irgendwo im Weg gerade. Ah, und zwar hier. Ja, verstanden. Das ist ein bisschen fuchsig, dass man die genau zwischen die Rillen bekommt. Gerade bei so einem langen oder relativ großen Teil wie hier. Ui. Okay. Das sieht jetzt hier nämlich tatsächlich auf den Bildern gerade leichter aus, als es wirklich ist.
sagte er und hat es jetzt in... Okay, es ist leicht. Wenn man es richtig macht, ist es leicht. Okay, sehr schön. Dann habe ich hier noch eine LED übrig und das ist jetzt für die Nummer 2. Da nämlich. So, dann stecken wir das Ding hier mal wieder an. Ja, sehr schön. Sehr schön, obwohl, nee, warte. Das eine kann ich hier so ein bisschen auf die Seite noch schieben, ne? Genau, das eine kann ich hier noch so ein bisschen auf die Seite packen. Ne, die eine LED schnappe ich mir hier so nach oben. So jetzt quasi. Und den Rest schiebe ich da auf die Seite. Und dann ist das Kabel nämlich hier noch ein kleines bisschen besser versteckt. So. Okay. Ja, wunderbar. Perfekt. Es sind man schwank aus eurer Jugend. Muss auch nicht wahr sein. Ja, ich bin gespannt. Immer her damit. Immer her damit. Hier das dritte. Da. So. Sorry, das ist jetzt gerade wirklich echt so ein bisschen totale Konzentration meinerseits. Weil das jetzt ist wirklich... Aber jetzt wird es halt wirklich kleinteilig, das Ganze. So. Deswegen bin ich jetzt hier echt auch so ein bisschen am Schwimmen mental, dass ich das hier alles sauber hinkriege und verbauen kann. Ja? Jo, das ist doch... Da ist so gut wie nichts vom Kabel sichtbar. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Okay. Dann kommt das hier wieder oben drauf. Ja, das leuchtet jetzt dann auch schon mal. Und das Kabel hier müssen wir noch irgendwo unterbringen. Das müssen wir noch irgendwo unterbringen. Ach, und deswegen dürfen wir wahrscheinlich da noch nichts wieder dran bauen. Ja, Tatsache. Sagte er, und genau da werden jetzt Dinge hochgeführt. So. Hier so. Hier so. Da. So. Eol hat, was Adel hat nicht viel zu erzählen. Ach, ihr spielt jetzt wahr oder falsch? Wow. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Vor allem startet Eol gleich mit so einem Klopper. Holy. Hallo? Ich würde dich gerne wieder festmachen. Darf ich? Nee? Weil du hier zu fest bist, ne? Ein bisschen mehr Slack darf sein. Zack. Okay. Ah! So, scheiße, so geht das ja gar nicht. Ah, deswegen. Ich bin halt auch, ne? Upsala. Ja, okay, verstehe. So. Ja, ich habe vergessen, dass das eine das andere überdeckt. Deswegen, upsi. Na, und jetzt... Ah, okay.
Ach so, ja, das ist gut. Das ist ein Kabel. Das zieht sich halt dann trotzdem dahin, wo es hin muss, ne? Wenn es zu locker sein sollte. Gut. Also von den Kabeln hier ist wirklich nicht viel zu sehen. Das hier ist ein bisschen sehr gespannt, aber das macht nichts. Das macht nichts. Das macht gar nichts. So. Was als Kind dachtest du, dass deine Eltern tatsächlich Mama und Papa heißen, weil am Türschild M und P stand? Das ist eigentlich voll niedlich. Das ist ja eigentlich total niedlich. Ach man. Oh. Das ist wirklich niedlich. Da musst du ja auch heute immer dran denken, wenn du deine Eltern besuchst, das Türschild ist noch das gleiche. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Heieieiei. Hast du das deinen Eltern mal erzählt? Wissen die davon? Das wäre noch ganz interessant. Ja, das wissen sie? Okay, okay. Das ist halt wirklich niedlich. So. Sie mussten auch lachen, als du ihnen das erste Mal das erste Mal erzählt hast. Wow, sprechen ist heute. Ich kann heute nicht mehr sprechen, Leute. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Dass die da auch durchaus lachen mussten. Okay. So. Die Dinger hier sind nicht mehr so 100% fest, aber fest genug. Ne, das ist ja, ne, spätestens jetzt ist es kein Stück mehr zum Spielen, sondern ab jetzt ist es definitiv ein 100%iges Display-Piece. Dementsprechend, ja. Dementsprechend, ja. So, was haben wir hier abgenommen? Warum haben wir hier was abgenommen? Was haben wir abgenommen? Dieses Ding hier. Warum haben wir das abgenommen? Warte. Ich bin doch erst knapp 10 Stunden on. Was will ich die restlichen 14 Stunden machen? Was? Werde ich die restlichen 14 Stunden? Ach so. Siehst du? Ich kann schon nicht mehr rechnen im Kopf. Gut, wo auch sonst? Ach, Mann. Ja, nee, jetzt habe ich das falsche Stück abgenommen. Okay. Ja, manche Stücke, ne, Lego ist halt doch sehr, sehr, sehr präzise. Wenn du da dann irgendwas zwischen die Teile legst oder hängst oder so, ne, auch wenn es so ein wirklich feines Kabel ist, das sind wirklich sehr, sehr dünne kleine Kabel. Da ist echt nicht viel dran, aber man merkt's. Man merkt sofort. Weil die Teile sind nicht mehr so fest, wie sie vorher waren. Okay, jetzt auf der anderen Seite wahrscheinlich das gleiche Spiel. Das heißt erstmal hier das Ding da ab. Ne. Aber gut, das ist ja allgemein dann sowieso ne, wenn du dich hier mit Beleuchtung wenn du da Beleuchtung einbaust, dann ist das ja sowieso ein Stück, das am Ende rumsteht und nicht zum Spielen benutzt wird. Weil das wäre dann ein bisschen kontraproduktiv. Jetzt warte mal, wir haben doch hier noch ein anderes Dingens. So. Ich habe doch hier noch einen zweiten. Mach dich locker, Stein. Der hier aber genauso wenig hilft. Ja, schade. Nee, der hilft hier nichts. So.
Als du Kind warst, hatte Lego noch extra Steine gehabt, um Strom zu leiten? Was? Also echt jetzt? Da steht nämlich kein Kappa dahinter. Und da wüsste ich nichts von, dass es sowas gab. Du hast gerade gelesen, dass es Pläne gibt, den Rundfunkbeitrag auf bis zu 25 € zu erhöhen? Okay. Okay. Die hatten einen Metallfaden drin gehabt. Spannend. Andere Story, der Nemar hat früher immer gern zugeschaut, wenn du Videospiele gespielt hast. Und sie hat bei Ocarina of Time immer gesagt, ach Mensch, da rennt der Kleine ja wieder. Weil du so durch die Steppe von Hyrule gerannt bist. Oh. Deine Mama hat sich wenigstens mit Spielen so ein bisschen auseinandergesetzt. Meine war so, ja. Ja, das gibt's halt. Meine hat da 0 Bezugspunkt dazu. Also wirklich gar nichts. Auch heute noch nicht. Was jetzt nicht schlimm ist, ne, musste ja auch nicht haben, aber da ist halt wirklich, da ist halt auch absolutes Unverständnis. Es ist mehr Ignoranz. Als alles andere. Davon hattet ihr nur einen und der leuchtete nicht mehr? Ich habe noch nie von tatsächlich selbst leuchtendem Lego gehört. Also, jetzt, ne? Also irgendwas, was da ist. Also ja, Strom und so. Bei Lego, das ist ja eine Sache, die gibt's, nennt sich Lego Technik und so. Oder Lego Robotics oder wie auch immer. Ne, das ist ja relativ, das kenne ich. Aber jetzt so, was ihr da gerade meint, mit Steinchen mit Drähten oder sowas in der Richtung, das ist mir tatsächlich neu. Also das kenne ich halt überhaupt nicht. So. Okay. Dann haben wir hier auch nochmal. Gleiches Spiel wie vorher. Da reinfahren. Oh Gott, ey, dieses Abriss-Tool von Lego, das ist einfach so gut, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist einfach richtig, richtig gut. Das spart so viel. Das spart so viel an kaputten Fingern. So. Ne. Komm. Jawohl. Die kleinen Nupsis wieder da rein. Nicht, dass mir hier der Flügel auseinanderbricht. Oder so. Weil die nicht da sind. Na, komm. Na. Okay. Jetzt. So. Du hattest mal ein Feuerwehrauto von denen mit Akku und Sirene und Lichter, war einwandfrei. Okay, spannend. Bacher war weiß, hatte 2 metallene kleine Löcher an der Seite. Okay, das ist cool. Du hattest zum 5. Geburtstag deinen ersten Gameboy bekommen. Ja, bei mir warst du 7. oder so und mit dem Papst dann Tetris gespielt. Ja, ich hatte halt den Gameboy. Du bist auch sehr dankbar dafür, dass deine Eltern da schon immer sehr offen waren, was Spiele angeht. Ja, also, ne, bei mir wurde es halt einfach immer ignoriert. Außer als ich da einmal in die Videospielsucht da reingefallen bin. Da wurde es halt nicht ignoriert. Da wurde versucht, dagegen anzugehen. Aber auch falsch, wie ich finde. Aber gut. Aber hey, grundlegend, es war halt mehr so ein, ja, ne, zock nicht zu viel. Selbst Lego Technik ist heutzutage nicht mehr als damals normales Lego war. Mittlerweile ist es ja ein Technikset, wenn ein Auto Türen öffnen kann. Das ist, weiß ich gar nicht. Ich hatte damals unglaublich viele Sets mit Pneumatik. Weiß nicht, ob das noch jemandem was sagt, ne? Also mit Luft. Und das war richtig, richtig cool. Ich hab meine Pneumatik-Sets geliebt. Die waren so dermaßen cool. So. Okay. Yep. Da habe ich, was ich brauche. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind übrigens auf der Hälfte hier von der Anleitung. Wollte ich mal ganz kurz angemerkt haben. Ziemlich genau auf der Hälfte von dem.
Wir hatten Lego City Polizeiauto, das hat geblinkt, obwohl kein Lego Technik. Okay. Okay. Du hast die Blinkleiste vom Polizeiauto, dann auch den Stein mit Metallkontakten. Was, du hast gerade versucht, wo man den Zauberwürfel für Annie auslösen kann, aber falscher Stream. Na, du kannst es ja probieren, Rayman, und sie kann dir ein Foto davon schicken. Davor und danach Foto. Oder sowas in der Richtung. Also das würde jetzt schon gehen. Anni? Gerade mal Bock auf einen Zauberwürfel? Und bevor ihr fragt, ja, ich habe einen und nein, der wird nicht durcheinander gebracht. Der wurde ganz geliefert und das bleibt auch so. Sammy? Hallo, hörst du mal auf? Mhm. So, sehr schön. Aha, dann haben wir das hier. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin schon seit über einer Stunde am Kabel verlegen. Ja, ich hatte gedacht, das geht vielleicht ein bisschen flotter, aber offensichtlich nein. Pneumatik gibt es mittlerweile, glaub keine mehr. Du fandest es damals auch cool. Ich fand das so gut. So geil, was ich damit alles für Blödsinn gemacht habe, ne? Ah. Leider ist Lego in den Preisklassen über 100 € echt schlecht geworden. Über 100 €. Aber richtig geil. Aber ist wahrscheinlich auch, ne, hört man auch oft, dass das von den Sets sehr, sehr stark abhängt. Und man sieht es auch tatsächlich auf der Lego-Seite selbst an den Bewertungen. Das hier hat richtig gute Bewertungen. Diverse andere Sets kommen kaum auf 3 Sterne, ne? Also, man merkt das da auch, ne? Du hast extra für abends so ein Bildschirmlicht mit Lupe für den Gameboy bekommen? Ne, das glaube ich, hatte ich nie. Ich bin nicht mehr sicher, ob ich oder doch so Nachbauding, keine Originale. Aber ja. Du hast noch den mega abgefahrenen Pneumatik-Bagger. Oh, ich hatte alles Mögliche mit Pneumatik, ne? Und der Dad hat immer mit euch gezockt und auch immer darauf geachtet, wie viele und was ihr zockt. Deine Mutter hat nur eure Gameboys einkassiert abends, wenn ihr schlafen waren, um selbst Tetris zu zocken. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Konsolen wurden dir wie nie weggenommen. Dein Bruder meinte damals, als du den N64 bekamst, warum hast du keine PlayStation bekommen? Da hättest du wenigstens Spiele kopieren können. Das hast du schon mal irgendwo erzählt, ne? Das hattest du schon mal irgendwo erzählt. Ich kann mich daran erinnern, dass die Story schon mal irgendwo gefallen ist. So. Okay, gucken wir mal. Dass wir das jetzt hier so hübsch hier durchbekommen. Ne? Ne? Ne, das ist nicht so ganz das, was ich mir gerade vorstelle. Unter hübsch. Nee, es ist auch noch nicht. Ah, warum eigentlich? Warte mal, wenn ich das Ding hier anders lege, wenn ich das Kabel grundlegend anders da rauspacke, dann dürfte das doch easy peasy gehen, oder? Ja. Ach so, ja. Wenn ich das hier rüberziehe, dann dürfte ich hier ohne Probleme durchkommen. Ne, 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 knack. Ja,
Wie erwartet. Wie erwartet. Wenn ich es ein bisschen anders mache, dann geht's halt. Ja, ohne Probleme. Jawohl. Jawohl. Ja, sehr schön. Diese. Oh. Sagte er und es ploppte wieder los. Toll. Jetzt. Okay. Ein bisschen empfindlich ist es. So. Wahrscheinlich in irgendeinem Talk bei euch drüben. Das kann sein, ja. Das kann sein. Wie man trotzdem bei wenig Licht einfach gezockt hat mit dem Gameboy, war schon schön. Du hattest so eine extra Lampe und Lupe, einfach so ein Drahtteil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich gezockt habe, wenn es dunkel war, aber ich weiß nicht mehr, wie ich gezockt habe, wenn es dunkel war. Das Wie ist mir leider verloren gegangen. Oder daran erinnere ich mich nicht mehr. Sagen wir es mal so. Ich weiß nur noch das. Okay. So. Wo ist... Da. Das sind die Teile, die ich suche. Warte. Darf ich das gerade sowieso nur wiederholen? Beim dritten Dingens. Hier also. Jawohl. Das ist nicht schön. Bleib mal bitte hier mittig. Das wäre toll. Mittig bleiben, mittig bleiben, mittig bleiben. Jawohl. Sehr gut. Ne, warte. Das machen wir anders. Mhm. Und so. So. Oh, schön. Und die Batterien leer gingen und man den Kontrast immer höher gedreht hat. Oh ja, daran kann ich mich erinnern. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Du hast doch ein 4er Linkkabel-Connector gefunden. Ich weiß, dass ich so ein lila, transparentes Linkkabel hatte. Daran kann ich mich erinnern. Ganz, ganz komische Farbe war das. Aber es hat funktioniert. Aber es war kein 4er. Weil ich hatte auch damals schon nicht so viele Leute, die ich kenne. Ist das Beleuchtungskit eigentlich per Netzteil oder Akku? Das ist quasi ein Dingens. Also ich kann, oder hier sind jetzt einfach 3 Akkus von mir drin. Also definitiv Akku. Ist aber bei dem anderen genauso. Das ist normales USB. Also ich konnte über USB auch ganz normalen Dauerstrom geben, wenn ich da halt irgendwas habe, womit ich den USB ein- und ausschalten kann. Das ist die Sache. Aber ansonsten, es ist ganz normal über USB, das heißt 5 Volt, weiß nicht wie viel Ampere. Steht wahrscheinlich auch irgendwo, aber das funktioniert, ja. Du hast dir dann irgendwann mal Taschengeld zusammengespart und ein Game Boy Color Zubehörpaket gekauft mit Akku-Pack, das einen angenehmeren Griff ermöglicht hat. Oh, sowas in der Richtung hatte ich auch, ja. Für ein Game Boy Color, richtig. Und Hallöchen Blitzbrick, hallo, ein wunderschön. Und willkommen beim Chaos, das LEDs verursachen. LEDs, die man in ein Lego-Set einbauen will. So. Ja, da sind die Kabel. Da sind sie. So, die andere Seite war ein bisschen angenehmer, wie es ausschaut. Lightkit, yep. Und das ist eigentlich straightforward, aber diese kleinen Kabel sind halt, ne? Die kleinen Kabel sind halt einfach heftig. So. Ja. Willst du wieder da reinpassen, bitte? Das wäre toll. Nee. Warum? Pass da rein. Sei lieb. Sag mal.
Jetzt. Ein ganz kleines bisschen sanfte Gewalt. Vielleicht sollte ich zwischendurch mal schauen, ob es grundlegend noch läuft. Das wäre vielleicht so eine Maßnahme, die man mal machen könnte. So. Okay. Hier. So, möglichst gerade darüber. Und dann haben wir hier. So, jetzt habe ich alles. Wenn diese zwei Steinchen hier quasi verlegt sind. Da. Jetzt ist alles wieder dran, was ich vorher abgebaut habe. Also nach diesem Steinchen hier. Jo. Jetzt ist alles wieder dran, was vorher weg war. Und dann haben wir jetzt wahrscheinlich hier den nächsten Schritt. Genau das Kabel. Bla bla bla. Genau. Ja. Mhm. Genauso wie auf der anderen Seite hier das Kabel durchleiten. So. Oder die Kabel. Dafür ein kleines bisschen in Kauf nehmen, dass die Dinger halt locker sind, aber hey. Das ist wirklich das einzig Uncoole, dass die ein bisschen locker werden, die Steinchen. Aber ansonsten... warte. So, jetzt. Oh, das geht sogar. Das geht sogar. Es war eine Lupe mit Licht drin, extra Linkkabel für Alt Gameboy auf Neu und auf Gameboy Color, eine extra Lampe, das Akku-Pack und eine Tasche im Zubehörset. Hast dich gefühlt wie der Größte, das glaube ich, ja. Was nicht passt, wird passend gemacht, also mit einem Hammer. Nee, Hammer, Hammer ist jetzt nicht so ganz das, was ich hier vorhabe. So, schauen wir mal. Oh. Oh, fancy. Okay, cool. Nur noch 20 LEDs oder so. So viele sind es nicht mehr. Oh Gott, ich wusste es. Jetzt kommt der Schwanz dran. Der Schweif, das Heck. Heck, so nennt sich das bei einem Flieger. Oh Gott, diese blauen Dinger hier werden bestimmt alle beleuchtet, oder? Das wird sich wahrscheinlich genau ausgehen. Okay, aber das ist... Das geht. Das ist nicht komplex. Das ist nicht so schwer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, da ist noch eine 9. Ja. Ja. Okay. Das ist ein Strang. Also ich kann das hier schon mal raussortieren. An Kabelgedöns. Ich kann das hier auch schon mal hier. Ich weiß noch nicht genau, wo diese beiden Dinger rankommen. Das wird sich noch rausstellen. So. Aber wir haben jetzt hier noch 3 LED oder 3 Stränge mit LEDs und 2 davon habe ich jetzt schon identifiziert, wie die durch die Gegend, also wo die rankommen. So. Okay. Wo die beiden Dinger hier landen, diese Unterbau-LEDs, weiß ich aber immer noch nicht. Eine klebt man, eine steckt man. Spannend. Könnte Innenbeleuchtung sein. Ich weiß nicht, ob das Ding Innenbeleuchtung hat. So. Bitte jetzt nicht, Hammer. Du hattest den Sound heute genug. Oh. Ein Game Boy Color hast du auch noch mit Pokémon Rot, Blau und Silber. Silber? Ich bin nicht mehr sicher, ob ich damals Silber oder Kristall hatte. Ich glaube, ich hatte Kristall. Einen von den Zelda-Teilen auf dem Game Boy Color und noch viele andere Game Boy-Spiele. Oh, ihr habt auch noch den Game Boy Color, das Game Boy Advance, SP und eure Nintendo 3DS. Ich habe meinen Game Boy irgendwann verloren. Der ist irgendwann weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Also ich wüsste, wo er sein müsste, wenn er nicht weg wäre. Das klingt jetzt nach ganz, ganz wildem Stuff, aber ja, ich wüsste, wo er ist, wenn er halt nicht weg wäre, weil er ist da nicht, wo er sein sollte. Oh, sehr schade.
Einmal die Beinchen spreizen. Kann man jetzt sehen, wie man will? Das Einzige, wo du dich drüber ärgerst, ist, dass dein Dad seinen NES an die Nachbarn verschenkt hat. Ja, damals hatte man halt irgendwie noch so gar keinen großen Wert irgendwie für das Zeug gesehen, ne? Und gerade Eltern. Ist ja nur ein bisschen Technik. Game Boy Color GmbH, SP und noch vor ein paar Jahren gekaufter Modded GBA liegt hier auch noch rum und halt DS, DS Lite, 3DS und 3DS XL. Ihr seid alle so Nintendo-Kinder, ne? Das ist der Wahnsinn. Ach so. Hä? Ah, okay, ich habe den Schritt übersehen, wo die ganzen Dingsies, die ganzen kleinen blauen Dingsies hier entfernt wurden. Ja. Ja. Du hast ja noch dein NES, eins deiner Heiligtümer. Ja, ich würde es auch nicht hergeben. Definitiv nicht. Wenn ich jetzt noch eins hätte, genauso wie mein Gameboy, ich würde es nicht hergeben, auf gar keinen Fall. Zack. Und zack. Ja. Ja. Und ja. So. Hier drunten genau. Oh. Ups. Ich wollte euch gleich nicht, ich wollte euch jetzt nicht komplett trennen, ne? Es ist, tut mir ein bisschen leid. So. Seine Schwester hat dein SNES damals verkauft. Was? Ach so, stimmt ja, das hast du schon mal erzählt, ne? Oh Mann. Du bist kein Nintendo-Kind, dir wird sowas alles nicht gegönnt. Du hast jetzt erst durch den Teenie Zugriff drauf. Ja, ich hatte einen Gameboy und bin dann halt sehr früh auf die Playstation gekommen. Deswegen bin ich auch kein Nintendo-Kind. Deswegen kann ich halt auch mit den ganzen großen Nintendo-Marken nichts anfangen. Ne? Ich weiß, wie Leuten einer abgeht, wenn ein neues Mario irgendwas angekündigt wird. Und ich sitze da so und denke mir so, okay. Oder ein Mario Kart, ne? Ganz viele Leute, total Bock da drauf. Ich so, schön. Du hattest mal ein SNES, der hast du dann deinem Cousin gegeben, damit er auch damit spielen kann. Hast die dann aber irgendwann nicht mehr bei ihm gesehen. Die Spiele hast du zumindest wieder bei dir, aber die Konsole selbst ist seitdem verschollen. Ah, das ist ja auch kacke. Du hast ein SNES noch. Behaltet die in Ehren. Verkauft sie nicht. Hegt sie und pflegt sie. Ist der schwarze Bildschirm? Ich bin hier mit der Nase ans Stream Deck gekommen und habe die Szene gewechselt. Ja, nee, Snowy ist nicht gewollt. Ups. Das Ding ist zu groß für meinen Schreibtisch. Irgendwie bin ich vorne ans Stream Deck gekommen. Also mit dieser Nase hier, nicht mit meiner. Und das hat dann jetzt gerade Knöpfchen gedrückt. Wie komme ich mit meiner Nase dahin? Nicht mit meiner! Auch Schiffe haben Nasen. Also, ne? Aber danke für den Hinweis. Scheiße. Okay. Sehr gut. Dann fangen wir jetzt hier mal an.
So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LEDs pro Seite. Genau. Wir haben 9 LEDs pro Seite. Und das wiederum bedeutet, dass wir jetzt uns ein bisschen durchfuchsen müssen. So. War nicht lang. Ja, aber es ist, ja. Trotzdem doof. Schiffe haben Bug und Heck. Ja, offiziell. Offiziell. Aber das hier ist Schwanz, das ist Nase. So, relativ einfach. Ist wie bei Hunden. Schwanz und Nase. Und dazwischen ist jede Menge anderer Stuff. Muss ich da schräg daherkommen? Ich glaube, das macht noch am meisten Sinn, oder? Weißt du was? Ich mache das so. Mhm. So was, jetzt musst du an den TikToker mit seinem Wuffinator denken. Welcher TikToker auch immer. Ich habe ja keine Ahnung von TikTok. Vielleicht ist das auch besser so. So, wie machen die das? Ach so, die haben die Kabel hier außen. Aber warum will ich die Kabel denn da außen? Warum sollte ich denn die Kabel hier auf die Seite hinlegen? Die Seite, die man eher sieht, wenn ich die Kabel nach innen legen kann. Wo man sie nicht sieht. Oder wenig. Okay. Das ist der erste Punkt in dieser Anleitung. Zum Kabel verstecken, der keinen Sinn ergibt. Nicht mal ansatzweise. Oh, warte mal, das muss ich andersrum. Ah, man muss bei den LEDs halt auch noch höllisch aufpassen, wo oben und unten ist. Also wo sie leuchten und wo nicht. So. Okay. Oh, deswegen vielleicht. Ups. Hier kommt nämlich ein Hindernis. Oh, ist das deswegen so gemacht, dass das nach außen geht? Muss ich das gleich alles nochmal... Nee, muss ich nicht. Nee. Nee, muss ich nicht. Alle Idiot. So. Ein bisschen. Ups. Ja. Ne, noch nicht ganz. Ja, okay. So passt's. Warte mal, ist das richtig rum? Ja, ist richtig rum. Wo ist das? Da ist das letzte Knuffi. Und so. Na, warte. Kurz die Kabel trainieren. Dass die in die richtige Richtung zeigen. Und das sollte gehen, oder? Jawohl. Das dürfte jetzt alles so leuchten. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keins falsch rum eingebaut. Nein, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, mein Rücken.
Was, du hast eine Handheld-Konsole, die über eine Raspberry Pi läuft. Sieht aus wie ein alter Gameboy, aber man kann alles drauf spielen, was Retro-Games sind. Bis hin zu PS1. Mehr möchtest du jetzt nicht sagen. Ist so ein bisschen Grauzone. Ja, Emulatoren und so. Ich weiß genau, was du hast. Retro-Pi, ne? Hatte ich auch schon mal im Einsatz. ROMs ist immer schwierig. Ja, bei ROMs gilt halt auch, ne? ROMs an sich sind ja nicht das große Problem, würde ich jetzt mal behaupten. Also keine Ahnung, was da jetzt wirklich genau das Problem ist, aber ich vermute, dass man halt die ROMs irgendwo im Internet findet. Ne, ich hab's ja, war das gestern, vorgestern? Weiß ich nicht. Ich glaube, es war auf jeden Fall diese Woche ja auch schon gesagt, dass ich selbst ja Dingens habe. Ne? Das ROM von Crisis Core auf dem Rechner. Weil ich das ja zocken wollte, aber halt nicht auf der PSP, sondern auf dem Rechner per Emulator. Und ich habe mir halt auch das Originalspiel gekauft und mir dann das ROM gezogen. Aber schlussendlich ist halt die Sache, der Besitz, glaube ich, ist nicht das Problem, wie meistens, sondern die Verteilung davon. Ne, weil prinzipiell sind das halt einfach Kopien, die so nicht existieren sollten. Also, das ist halt leider eine Sache, die so stimmt. Es geht halt über die Privatkopie hinaus, ne? Aber, ja, theoretisch wäre es aus dem Netz raubkopiert. Ja, wobei es halt immer die Verteilung ist. Du als jemand, der es runterlädt, bist, glaube ich, schwerer zu belangen, was das angeht. Ich bin aber auch schon lange nicht mehr in diesen ganzen Raubkopierer-Sachen drin. Also, dass ich da noch irgendwie Ahnung davon hätte. Ich erinnere mich nur noch an die Werbung, als die Familie vorm Gefängnis singt. Und dann der Spruch kam, Raubkopierer erhalten 5 Jahre Freiheitsberaubung oder ne, können mit bis zu 5 Jahren, wie heißt das? 5 Jahren Gefängnis oder so. Dingens, weil das damals irgendwie so komplett aus dem Ruder lief. Mit Raubkopien. Das war ja richtig wild. Ja, so. Also, die sind nicht so 100% mittig, die ganzen Dinge, ne? Dann lief das Abmahnen aus dem Ruder. Ja. Also, die frühen 2000er und so, oder die 2000er ganz allgemein, was Raubkopien anging, das war ja schon, das war ja schlimmer als der Wilde Westen. Ne, das, huiuiuiuiui. Und gefühlt jeder hat es trotzdem getan, ne? Jeder hatte fleißig E-Mule, Kazaa und wie sie alle hießen, genutzt. Ich kenne niemanden, der Zugriff auf das Internet hatte und damals nicht raubkopiert hätte. Sind wir mal ganz ehrlich. Das hat man halt getan, weil man es konnte. Ne? Die Möglichkeit des Könnens hat vollkommen ausgereicht. Napster? Ja, aber Napster war ja, glaube ich, relativ schnell in Verruf. Ne? Napster war, glaube ich, relativ schnell problematisch. E-Donkey. Ja. Oh Gott, ja, das gab's auch. Richtig. Ja. So, läuft noch alles? Habe ich alles richtig rum eingebaut? Die kleinen sind nämlich sehr, sehr... Upsa. Jo, passt. So, dann haben wir noch einen Strangkabel mit einer kleinen extra LED und 2 Streifen. Und ich frage mich, wo die hingehören. Und ich habe hier auch noch Teile übrig. Ach so, ja, ich habe hier auch noch Teile übrig, richtig. Weil ich Teile übrig habe. So, wartet.
Wo gehören die hin? Irgendwo wurden die Teile wieder dran geschraubt. Das war aber schon relativ früh hier in dem ganzen Ding, ne? Warte. Ah ja, okay. Ja, verstanden. Aha. So. Ich habe vergessen, wie rum die dahin gehören. Ah ja. Andersrum. Immer genau andersrum, als man es denkt, ne? Ist einfach so. So, du gehst mal hier rüber. Warte. Haben wir darüber gezogen. Dann sind die Kabel deutlich leichter zu handeln. So. Sehr schön. So. 45k solltest du zahlen, Rookie. Hast du dich erwischen lassen? Uff. Hui, okay. Okay. Krass. Ich kenne auch Leute, die damals den DVD-Laden, ne, den DVD-Verleih ihres Vertrauens ausgenutzt hatten und sich da, sag ich mal, für, was hat das damals gekostet? 3 Euro für einen Abend? Ne, also relativ früh am Abend ausgeliehen und dann relativ spät wieder zurückgebracht. Quasi. Und dann haben die da in der Zeit nicht den Film geguckt, ne, in diesen 4-5 Stunden, wo die den hatten, sondern einfach knallhart kopiert. Also, ne, ohne Rücksicht auf Verluste, einfach direkt rein in den Rechner, die Kopie davon gezogen und die dann auf dem Schulhof vertickt. Gut, kann man machen. War ein tolles Geschäftsmodell damals. Aber es war halt auch anders wild. Das war halt auch definitiv anders wild. So, da. Okay. Wo ist das Ding, was ich gerade weggebaut habe? Da. Ah, da ist mir ein Kabel entfleucht. Ups. Okay. Ich finde es tatsächlich klasse. Also die Kabel sind wirklich prinzipiell gut versteckt. Du siehst die relativ schwierig, außer man macht es wie hier und steckt sie komplett nach oben. Und die lassen sich auch ein bisschen so aus dem Weg biegen, dass sie jetzt nicht so extrem auffallen. Gut. Ne, wenn man es nicht von Haus aus reinbaut und dann extra Durchleitungen hat, dann ist halt ein bisschen schwierig, was die Kabel angeht. Da kannst du nicht komplett verstecken, aber dafür ist das Ganze hier echt ordentlich gemacht, wie ich finde. So. Ohne, dass es zu sehr ins Dingens fällt. Was die Sache mit ROMs ist echt schwierig, vor allem wenn man dann das dann LPen bzw. Let's Playen bzw. streamen will. Ja, eigene ROMs ja, aber runtergeladene halt nicht. Deshalb überlegst du auch, ob du dir irgendwann mal so ein Retro-End zulegst, um halt auch original SNES-Spiele am Rechner spielen zu können und gegebenenfalls aufzunehmen, zu streamen. Das ist tatsächlich auch eine Sache. Raubkopierte Spiele, ganz egal, ob ich jetzt das ROM hier habe, ne? Crisis Core, das Original von der PSP, habe ich zwar im Original hier, ich habe das ROM auf dem Rechner, ich würde aber das ROM auch nicht streamen. Nee. Das müsste dann schon über Original-Hardware laufen. Da bin ich dann auch so, dass, wenn ich das dann schon mache, dann mache ich es halt gleich richtig. So, jetzt warte mal, wir haben jetzt hier relativ viele Kabel und ich hatte das Gefühl, dass wir Innenraumbeleuchtung haben. Und das hier könnte Innenraumbeleuchtung sein. Diese beiden Dinger hier. Weil wir heben jetzt das Dach ab. Und wie ich erwartet hatte, heben wir das Dach ab. Warte mal. Ich habe jetzt hier diesen fetten Kabelstrang. Jetzt drehen wir den Vogel auf den Bauch.
Und bauen das Dach ab. Das Cockpit. Eigentlich alles. Okay. Den Kabelstrang zu verbergen wird am Ende lustig, weil ich sag mal so, der Ständer von dem Ding hier kann das jetzt auch nicht so extrem gut verbergen, würde ich jetzt mal behaupten. So. Warum habe ich es dann erst aufgebaut, wenn ich es wieder abbaue? Weil es nicht anders geht. Weil es nicht anders geht. Die Anleitung macht das leider so. Ich finde es auch nicht so geil, aber dafür müsste es halt von Anfang an in der Anleitung drin sein, ne? Vom Hund zu Schiff zu Vogel. Das Raumschiff ist, ist wie eine TARDIS, wenn man Benny hört. Nee, eine TARDIS ist innen größer als außen. Der Rest ist egal. Also, ja. Da muss ich jetzt doch was dazu sagen. Nee. Du bist erstmal raus? Ja, Daniel, dann danke fürs Reinschauen. Danke schön. Und bis bald. Wahrscheinlich nicht mehr bis heute. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Weil für mich ist jetzt dann auch irgendwann ist jetzt dann mal Schluss. So, jetzt lass mal kurz gucken. Da ist der LED-Streifen. Der muss irgendwo... Was? Okay. Der LED-Streifen soll hier durch. Also der klebbare. Okay, alles klar. Dann haben wir hier das Dach. Das wiederum ist einmal da so. Ich wusste es, wir haben Innenbeleuchtung. Cool. Das kleben wir jetzt also einfach direkt da dran und die Kabel hängen wir da mal hinten wieder raus. Alles klar. Dann machen wir das doch mal. So, Innenraumbeleuchtung. Das ist natürlich sehr nice. 10,5 Stunden, siehst du jetzt erst? Ja. 10,5 Stunden sind wir schon dran. Extra früh heute angefangen. So. Warte mal. Das war jetzt nicht so schlau. Jetzt habe ich nämlich hier ein Oh. Ups. Ups. So. Also das Schiff selber hat so, was waren das, knapp 8 Stunden oder so gedauert. Das war in Ordnung. Für die Größe von dem Ding war das total in Ordnung. Nur in dem Vogel? Nur in dem Vogel, ja. Also mit Pausen natürlich, aber es waren so, ja, nee, der Vogel hat 8 Stunden gedauert. Was aber so ungefähr das ist, womit ich gerechnet hatte. Tatsächlich war ich etwas schneller, als ich ursprünglich veranschlagt hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich bin etwas fasziniert, dass das doch so gut lief. Warte mal. Bin ich jetzt bescheuert? Ja. Sagt nichts. Ich muss ja. Lieber richtig und gewissenhaft, das Holter die Polter. Ja, richtig. Korrekt. Korrekt. Zumal ich ja dann danach auch einfach nur, gut, erstmal auf den Schrank stellen will, bis ich einen geeigneten Platz dafür gefunden habe. Das ist so ein bisschen die Sache. Ich habe noch gar keinen Platz dafür, aber nun ja. Das erzählen wir einfach niemandem. Warte. So rum. Ja, das müsste hier passen. So, da ist jetzt das eine Dings. Jetzt ist die eine LED hier unten so ein bisschen futsch. Da muss ich gleich mit dem Taschenmesser reingreifen, um die rauszuziehen. Da.
Platz und Geld, die beiden Hauptprobleme der Lego-Fans. Ja. Ja. Platz ist echt so das Luxusproblem an der Stelle. Hallo? Wo? Da ist die LED. Okay. Operation geglückt. Ich habe sie gerettet. Da ist sie. Sehr schön. Genau, dann leiten wir das hier. Ach so, warte mal. Das Ding kommt weg. Ah, okay. Ja, verstanden. Verstanden. So, dann la. Bleib mal hier. Trainier dich mal kurz darüber. Dankeschön. Nee, so nicht, Kabel. So nicht. So, jetzt. Dann da wieder drauf. Sehr schön. Dann ist das Kabel hier rausgezuppelt. Ups. Ja. Passt. Sag lieber Klemmbaustein-Fans. Wieso? Die anderen Klemmbaustein-Sets sind doch günstiger. Oftmals. Das stimmt schon. Also ich würde es jetzt auch so sagen, dass Lego-Fans wahrscheinlich am ehesten die Probleme haben, was Finanzen angeht. Aber ne, wir bauen hier gerade Lego. Und Lego ist teuer. Von dem her. So falsch finde ich es nicht. Diese LED hier, ne? So, ich muss das mal ganz kurz hier oben ablegen, damit ich die Kontrolle über die LED bewahre. Ne, komm. Okay, ich muss das Kabel einmal ganz kurz in die andere Richtung drehen. So, jetzt behältst du die Richtung bei, die ich hier gerne hätte. Und flupp. Sehr schön. Und jetzt kann ich das hier hinten draufsetzen. So, also das mit Figuren da reinwerfen, das hat sich jetzt, glaube ich, gerade eben erledigt. Das werde ich jetzt mal, den Plan werde ich jetzt mal verwerfen. Das ist, nee, das lassen wir mal lieber. Das heißt, die stelle ich doch irgendwo anders hin. Dann bleibt das Cockpit, dann bleibt das hier leer. Okay, so, pass auf, jetzt habe ich, wir haben jetzt dieses Ding hier, dann ziehen wir das da ab. Klick. So, wir haben jetzt hier nämlich noch einen LED-Streifen, einen einzigen, der hier noch so ein bisschen, ne, der hier noch so ein bisschen rumzuppelt. So viel günstiger ist es leider auch nicht. Handelt mit Lego und anderen Marken. Außerdem ist die Auswahl viel größer, wenn man die weiteren Marken in Betracht zieht. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ich bin ja immer noch sehr begeistert von dem Mega Garados. Also wirklich begeistert. Das war so ein geiles Set. Und jetzt bin ich noch nicht so lang drin in dieser ganzen Lego-Welt. Ne? Ich habe halt früher Lego gebaut. Kennt ihr ja inzwischen die Geschichten. Und seitdem eigentlich nichts mehr. Ich bin ja erst relativ neu wieder in dem ganzen Ding drin. So. Bluebricks hat ein neues Displaymodell, Lokomotive angekündigt. Ist das mit der Beleuchtung? Weil das wäre das nächste Set, das ich möglicherweise mir, dass ich möglicherweise ne? So, dann, und jetzt muss ich hier... verstanden. Ja, verstanden. Ne. Okay. Zack. Und jetzt wird doch was geklebt. Leute, ich klebe etwas in einem Lego-Set. Es tut mir leid an alle Puristen. Für alle Puristen, aber ich klebe etwas in einem Set.
Und damit meine ich jetzt nicht einen Sticker. Ich klebe hier wirklich was fest. Was sogar zwei Teile miteinander verbindet, die vorher nicht verbunden waren. Nicht fest zumindest. Okay. Sehr schön. Jetzt geht es dann nur noch darum, ein paar Kabel zu verstecken. Jetzt müssen wir Dingens wieder hier reinsetzen. So. Damit der dann auch ein bisschen Licht hat. Okay, es geht noch ganz zu. Hat sich gerade nach ein bisschen Widerstand angefühlt, aber ist in Ordnung. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich hier den Kabelbaum noch verstecken, der sich hier drin befindet. So, die paar transparenten Dinger, die wir hier haben, kommen in meine Ersatztasse. Sehr schön. Das heißt, einmal wieder so rumdrehen. Ha! Ha! Deckel verloren. Deckel wieder fest. So. Okay. Wie kriege ich jetzt die Dinger hier hübsch hin, sodass das hier hübsch ist am Ende? Gut mal. Au! Gott, ich habe es hier aus Versehen runtergezogen und das tatsächlich was, um die Kabel hier so ein bisschen zu gruppieren. Alter, das ist ja mega gut. Alter, das ist ja mega gut. Richtig, richtig, richtig cool. So, jetzt pass auf. Wo muss ich das eine Kabel jetzt hier noch verstecken? Dafür muss ich einmal das da abnehmen. Ach so. Nee, einmal so komplett hier raus. Jo. Einmal so. Alles klar. Dann haben wir... Moment. Ah ja, das hier lässt sich klappen und dann kommt das kleine Ding hier noch weg. So, sehr schön. Und das kleine etwas da unten. Ja, wie soll ich denn das wegkriegen? Leute, denkt doch mal. Okay. Denken schwierig, aber denken hat geklappt. Weißt du was, ich zieh mal das Ding hier raus. Ich glaube, das ist jetzt fast am einfachsten. Oh, diese Kugelgelenke. Ah! Nicht das halbe Set. Danke. Ups. Okay, pass auf. Das ist gar nicht mal... Das ist anders, als es hier... Das ist bei mir... Was? Das ist bei mir anders. Ha. Warum ist das hier anders? Spannend. Vom Laden zum Auto ist das Problem und zweimal laufen, kommst du dir doof vor? Ach, was? Ach, Eol. Du bist letztens, was? Im Legoland auch dreimal zum Auto gelaufen. Das geht schon. Ja, manchmal muss man da halt irgendwie durch, ne? Zur Not nimm einen Bollerwagen mit. Wenn es dir der leichter macht. Ach so, deswegen sieht das anders aus, weil ich das jetzt hier auseinandergezuppelt habe. Ja, verstehe. Ja. Okay. Ich hätte hier nur die Spitze abnehmen sollen, aber irgendwie habe ich jetzt alles abgenommen. Und jetzt habe ich ein Problem, dass ich es nicht mehr zusammenkriege. Hallo? Ach, weißt du was? So, machen wir mal diesen hier. Das lösen wir nachher. So. Das ist ein Problem für Zukunft, Svenny. Gut. Kabel kommen jetzt erstmal hier ganz bequem hier so hinter die kleinen Gelenke, die da sind. Okay, das ist hübsch.
Ja, das ist sehr hübsch. Das ist richtig gut. Und dann werden sie hier einmal umgelenkt. Einmal nach rechts rum umgelenkt, aber das kann man auch einfach so machen. Sehr schön. So, das heißt, das ist jetzt hier. Dann... Ach so. Hä, und warum musste ich jetzt dieses eine Ding da entfernen, sag mal? Komische Anleitung. Warum musste ich jetzt dieses eine Teil hier entfernen? Das hat absolut nichts dazu beigetragen. Absolut gar nichts. Nicht das kleinste bisschen. So, war. Und Schnupp. Bollerwagen, ein paar. Was? Ein paar was? Ich kenne nur Uri Geller. Was sind Uris? Was sind Uris? Klärt mich auf. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was ist das für ein Wort? Ich kenne, wie gesagt, nur Uri Geller. Und ich glaube nicht, dass ihr den meint. Uri ist gleich Urköstritzer Bier. Ah, okay, ja, verstehe. Vielleicht haben sie die Gelegenheit genutzt, das Modell zu verschönern. Hier, ne, ich hatte einen Knick in der Optik. Das war gerade ein bisschen, ich hatte hier komplett den Knick in der Optik. Okay, cool. Ah ja, verstehe. Und jetzt zuppelt man das hier nach hinten durch. Und bestenfalls hat man dann ein schönes Ergebnis. Also schön ist jetzt relativ. Das ist jetzt so das Ding. Ein Schrumpfschlauch oder so wäre jetzt halt richtig geil, den man hier so drüber ziehen könnte. Aber das kriegt man jetzt so auf jeden Fall auch wieder auf das Podest. Und dann hat man da halt einen relativ großen Kabelbaum, der da runterhängt. Aber das ist total in Ordnung. Das war schon wieder das Dach. So. Baue ich öfter Lightkits ein? Nein. Tatsächlich nein. Wir machen das ja auch gar nicht so oft, ne? Das ist jetzt heute ein Special Stream. Als großes Dankeschön für den großartigen Support der Community letzten Monat. Deswegen habe ich gesagt, so geilo. Die Community hat quasi dafür gezahlt, dann können wir Lego bauen. Das ist jetzt so ein bisschen... Ist jetzt so ein bisschen fadenscheinig, muss ich dazu sagen, aber es ist so funktioniert es halt auch. Lass mal gucken, kann ich hier unten durch? Und dementsprechend, nee, ich mache das nicht oft. Ich mache das tatsächlich nicht oft. Oh, warte mal, das hier könnte sogar funktionieren. Oh. Oh. Ja. Das ist ja großartig. So. Normalerweise zocken wir hier und reden. Wir reden vor allem. Inzwischen reden wir vor allem. Zocken wird langsam nicht nebensächlich, aber nebensächlicher. Also wir haben schon, also ab und zu gibt es hier schon mal Lego oder andere Klemmbausteinsets. So ist es jetzt nicht. Aber es ist nicht die Normalität. Es ist nicht die Normalität. Genau, sonst geht es hier hauptsächlich um Indie-Games und Talkrunden zu den verschiedensten Themen. Und verschiedenste Themen ist da auch wörtlich zu nehmen. Also alles Mögliche, worüber man irgendwie in irgendeiner Art und Weise reden kann. So. Und jetzt kann man das hier rein theoretisch... Wisst ihr was? Das macht man einfach. Das kann man hier noch so ein bisschen hübsch drum rumreden. Wir wollen Knorke wieder cool machen. Oh ja, stimmt. Knorke, ja. Knorke ist super. So, okay. Ich würde sagen, das passt. Dann packe ich jetzt mal ganz kurz. Oh, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, weil jetzt darf ich den hier nicht zu weit drehen. Sonst haben wir irgendwann ein anderes Problem, dass er mir abbricht.
So, warte mal. Kann ich theoretisch? Funktioniert das? Geht das von der Lochreihe her? Hm. Nee, nicht ganz. Es ist besetzt. Ah, schade. So rum. Ne, geht auch nicht, weil es auch besetzt. Hinten rum. Ne, kann nicht gehen. Okay. Ne, ist in Ordnung. Passt. Passt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier manuell ein bisschen. Jetzt muss ich hier mal so ein ganz kleines bisschen. Eol, ich hab's genau gesehen. Dankeschön für den Giftsop. Dankeschön. Einer von uns. Ja, so in der Richtung. So, jetzt gucken wir mal. Lasst mich mal eben schnell. Wo schalte ich denn meine einzelnen Lampen hier aus? So, Streaming. Okay, passt auf. Ich kann jetzt den Greenscreen links ausschalten. Wartet mal, brauche ich gar nicht. Ich glaube, es reicht vollkommen, wenn ich das hier ausschalte. Es ist plötzlich so dunkel hier. Und es ist so anders. So ganz anders. Und Obacht. Eine von uns. Auch gut. So. Ich zähle mal runter. Wartet. Stopp. Ich mache doch mal die Keylights noch aus. Jetzt werde ich zwar gleich selbst im Hintergrund wahrscheinlich krisseln, aber das ist in Ordnung. 3, 2, 1. Bam! Alter, das ist cool. Alter, das ist richtig cool. Oh, warte mal, ich kann hier noch aufklappen. Ha! Da. Nice. Warte mal, wenn ich jetzt meine Greenscreen-Beleuchtung auch noch ausmache. Ja, wow. Jetzt sitze ich halt vorm Kasten. Aber das ist in Ordnung. Das ist richtig. Wow, sieht richtig gut aus. Ich zeige euch das gleich. Hier auf der Handycam. Dann seht ihr es nochmal komplett. Jetzt passt mal auf. Ich zeige euch das. Und zwar. Ja, die Handycam kriegt das super hin. So. Hier. So. Was ein bisschen doof ist, ne, hier sieht man jetzt die ganzen Kabel noch. So ein kleines bisschen. Aber das, okay, ne, damit kann ich noch halbwegs leben. Das ist gut. Ansonsten haben wir jetzt hier die Flügel. Ne, die leuchten hier alle. Jedes dieser kleinen Antriebspads, sage ich jetzt mal, hier drüben. Was auch leuchtet, ist hier oben. Upsala. Das Ding hier. Ne, wenn ich jetzt den Vogel mal kurz umdrehe. Ah ja, die Schubdüsen leuchten natürlich auch. Ihr müsst jetzt hier mal leider so ein bisschen damit leben, dass ihr an mir vorbeischauen müsst. Ach so, und nun ja, wenn man hier mal aufklappt und hier mal die ganzen Dinger rausholt. So, Moment. Dann leuchtet auch hier das komplette Heck. Also, ich meine, das komplette Heck. Ne? Da leuchtet einfach alles da dran. Das ist mega geil. Bestimmt hebt er gleich ab. Ja, es sieht halt wirklich so aus, ne? Das sieht halt wirklich so aus. Das hat sich wirklich gelohnt. Also das ist richtig, richtig geil. Und jetzt gucken wir noch mal ganz kurz vorne rein. Moment, weil ihr seht schon, das da leuchtet nämlich auch. Und guckt mal, da sitzt Quill. Quill, so heißt er. Ne? Da sitzt er. Innen drin. Inmitten einer Beleuchtung. Und wenn ich jetzt mal hier das Dings hochklappe, haben wir sogar innen drin Innenraumbeleuchtung. Quill, geh mal aus dem Weg. Ne? Die Kaffeemaschine ist beleuchtet, Leute. Die Kaffeemaschine ist beleuchtet und auch der Donut. Das ist, ne? Da kann man definitiv ein bisschen grinsen. Das ist nämlich wirklich geil. Klappe zu. Wenn ich jetzt hier nur die Klappe aufmache, warte mal. Wenn ich jetzt nur das hier aufmache, dann ist es ein bisschen hell. Das blendet ein bisschen raus. Aber ansonsten
Das sieht total geil aus. Was für eine Handycam habe ich? Das ist einfach nur mein Pixel, mein 6a. Die Pixel-Handys sind bekannt dafür, dass die gute Cams haben. Also, vor allem auch unglaublich gute Nachtleistung. Ne? So, wartet mal. Hier, da! Ja, wisst ihr, wie weit ich mich gerade strecken muss, um das zu zeigen? Ei. Puh. Was fragt man nach meiner Kaffeemaschine? Meine Kaffeemaschine ist kaputt. Sie ist kaputt. Die Pumpe pumpt nicht mehr. Ja, so, das ist der Vogel nochmal in Gänze. So, jetzt wartet mal. Ich muss mal eben ganz kurz die Szene umschalten. Und zwar auf Intermission. So, hier kann ich nämlich jetzt quasi noch einen Screenshot machen für Dingens. Was ist das? Ach, das ist mein Mikro, das da im Weg ist. So. Also, richtig cool. Total geiles Ding. Hammer. Hat sich gelohnt. Das waren jetzt 11 Stunden fast, also mit Unterbrechungen natürlich, aber das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt mache ich wieder mal, Moment, den da weg. Das hat sich wirklich gelohnt. So, Tänzchenzeit. Böse Alte lässt wieder Leute tanzen. Nachtaufnahmen sind echt mega geil beim Pixel, kannst du nur bestätigen. Ja, es ist total geil. Gute Nachtleistung. Ja. Ey, wenn ich mal eine gute Nachtleistung hätte, das wäre ja großartig. Warte mal, Greenscreen einschalten. Okay, ich bin wieder ausgeschnitten, so halb. Keylight. Nee, nicht Farbe ändern, Keylight einschalten. Und jetzt das große 60 Watt Panel wieder. Das ist diese einzige Sache, die ich hier so ein bisschen doof finde, dass das einfach ein 60 Watt Panel da oben ist. Aber das ist alter Schwede. Also das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Ich spüre sogar meinen Arm, weil das einfach eine total ungewohnte Pose ist, so zu arbeiten irgendwie. Aber es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Sehr cool, du verschwindest jetzt ins Bett. Bist durch für heute. Snowy, das verstehe ich total. Schlaf gut, richte Ayane einen schönen Gruß aus, ne? Wir sehen uns. Ich habe mir noch keine neue gekauft. Wie will ich Montag aufstehen ohne Kaffee? Eol? Die kommt am Mittwoch. Die wird geliefert. Die habe ich noch vor dem Stream schnell gekauft. Ist auch wieder eine Senseo, aber eine andere. Eine coolere Senseo. Also. Natürlich habe ich eine neue Kaffeemaschine gekauft, wenn die kaputt ist. Also bitte. Oh, das ist auch cool. Oh. Congratulations, you have successfully installed the lighting kit. I am so proud of you. Good job. Thank you so much for buying our products. Oh, das ist irgendwie süß. Das ist ja irgendwie echt süß. Du hast erfolgreich das Lighting Kit installiert. Ich bin so stolz auf dich. Gute Arbeit. Nice. Ich zeige euch das mal hier, ne? Da. Okay, das ist richtig nice. Das ist voll gut. Ja, also Fazit. Das Set selbst, also der Vogel selbst, saugeiles Set. 1901 Teil, 1901 Teile, so rum. Also echt nicht wenig. Sehr cooler Stand dafür mit der Bewegung. Das ist sehr geil. Die habe ich jetzt halt hier eingeschränkt, weil ich das Ding hier quasi eingebaut habe. Aber ansonsten sehr cool. Zum Spielen würde ich sagen, nein. Definitiv nein. Dafür ist es zu schwer, zu fragil an manchen Stellen. Haltet eure Kinder davon fern. Das hat einen Grund, warum da 14 Plus draufsteht. Ne? Das ist ein Teil, das baut man, das stellt man in den Schrank, das schaut man an, damit spielt man nicht. In meinen Augen. Wenn man damit spielen will, habt starke Arme, etc. Ansonsten, Farbseuche, für die es interessiert, ganz wenige blaue und rote Teile. Ganz seltene kleine rote Einser-Dinger. Türkise Einser-Dinger. Also wirklich hielt sich komplett in Grenzen.
Ansonsten ist alles orange, hellgrau, dunkelgrau und die paar blauen Dinger für die, ne, hier so die paar blauen Teile, die man hat, wo dann einfach der Antrieb ist. Der Stand hier, er wirkt wackelig, aber glaubt mir, der kann was. Der hält was aus. Der hält definitiv was aus. Da kannst du auch, ne, da kommt ein Erdbeben, kein Problem. Das hält der durch. Also qualitativ wirklich, wirklich top, was das angeht. Für UVP, glaube ich, ist es 160, wenn ich das nicht richtig gesehen habe. Ich habe es für 130 oder so bekommen. Ich glaube 130 war es auf Amazon. War zu dem Zeitpunkt der günstigste Anbieter. Kommt aber bestimmt auch mal, ne, wenn irgendwie Angebote sind, Black Friday, gut, das ist jetzt noch relativ lang weg. Sowas in der Richtung kommt da bestimmt auch nochmal ein bisschen günstiger ins Angebot. Oder mal in den stationären Handel schauen, vielleicht können die auch tolle Angebote machen. Sofern es die Margen ein bisschen erlauben. Ne? Lego soll da ja ein bisschen schwierig sein, was die Margen angeht. Ansonsten, genau, Set, top. Figuren sind mir persönlich egal, aber ich habe sie euch gezeigt. Thor finde ich richtig nice mit dem Cape. Rocket finde ich richtig cool mit den extra kurzen Beinen und dem Schwanz und den eigenen Kopf. Die Waffen von denen finde ich ein bisschen merkwürdig. Ansonsten, ich persönlich bin jetzt kein Figurensammler. Die werden irgendwo... Ich glaube, ich werde die hier... Wartet mal. Ich habe doch jetzt was, wo ich die draufstellen kann. Ich habe doch jetzt ein... ne? Ich habe doch hier jetzt was sehr, sehr Einfaches dafür gefunden. Oh, deine Waffe ist zu groß. Es tut mir leid, du kannst nicht mit. So. Die mit Waffen müssen nach vorn. So, sehr schön. Da stehen jetzt die Figuren drauf. Passt. Groot braucht immer noch den High Ground. Ja, nee, jetzt gerade nicht mehr. Ich könnte ihn ja hier oben drauf drapieren, aber nein. Genau, ne, die Figuren sind nett. Rocket und so ist von denen, die ich kenne, am coolsten. Thor mit dem Cape ist nice. Die Axt ist ganz hübsch. Die anderen anderen 6 sind so, ja gut, die haben halt spezielle Muster oder so, das ist in Ordnung. Ja, ne? Wie gesagt, hat Spaß gemacht. 8 Stunden haben wir jetzt gebraucht für den Vogel allein. Dann nochmal jetzt knappe 2 Stunden, wie es ausschaut, für die Beleuchtung. Ein bisschen mehr, glaube ich. Total in Ordnung. Also, finde ich richtig gut. Achso, und das Beleuchtungsset von Light-Ailing oder Light-Ailing oder wie auch immer man die aussprechen will, finde ich richtig geil. Finde ich besser als das, was wir vorher hatten von Brixmax, glaube ich, war das. Für den Langhals. Weil das war so kleinteilig. Und da waren die Kabel irgendwie Standardlängen und was weiß ich. Und hier ist es genau aufeinander abgestimmt. Die Kabel haben genau die richtige Länge. Sie sind einfach zu verlegen. Ja, ist natürlich ein bisschen fieselig, weil du musst wieder was auseinanderbauen, etc. Aber so im Großen und Ganzen war das jetzt straightforward vom Einbau her. Also beides top. Sowohl das Set selbst als auch die Beleuchtung dafür. Richtig cool. Ich bin mega happy. Ich bin mega happy. Ja. Und damit würde ich jetzt tatsächlich das Ding hier mal so ganz vorsichtig hier rüberschieben. Warum steht mein Mülleimer steht woanders, als ich ihn vorhin hingestellt habe. Und ich weiß auch warum. Hund war hier und hat da dran rumgeschleckt, ne? So, damit würde ich mich jetzt nämlich hier für heute mal rausnehmen. Waren jetzt nicht ganz 12 Stunden, aber ich war mit meiner Schätzung doch ganz gut dran. Ne? Es waren jetzt 11 Stunden. Ja, ich habe vorhin einen Teil gesucht. Aber da war ich blind. Da war ich einfach blind. Und es ist runtergefallen, weil ich aus Versehen den halben Vogel zerlegt habe. Gut, ja, einen Unfall gab es auch. Das ist, das ist auch so eine Sache. So, dann gehe ich aber jetzt mal hier rüber ins Outro und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Ganz allgemein der Dank
für alle, die dastehen. Sehr, 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 sehr geil. Danke für den Support. Grundlegend heute überhaupt. Letzten Monat, ohne letzten Monat den Support, hätte es diesen Stream hier so nicht gegeben. Voll gut. Bin mega happy. Ich hoffe, ihr seid's auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die letzten 11 Stunden, ein bisschen mehr als 11 Stunden. War ja jetzt doch etwas länger, als ich dachte. Und nun, ich guck mal. Ach so, nee, ich muss nicht mehr gucken, wo ich euch hinschicke, weil das wurde bestimmt. Wir haben ja ein, wer wird geradet? Das wurde ja eingelöst. Dann gehen wir nämlich zum lieben Kontan, sofern ich ihn finde. Meine Liste, da ist er. Der spielt Retro. Was macht der? Community gegen irgendwas Böses. Final Fantasy. Okay, Final Fantasy ist immer gut. Ja, Leute, vielen, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Ne, lasst bei Konter noch liebe Grüße da. Wir sehen uns, hören uns möglicherweise morgen auf Challenge Souls. Warte. Die kriegen noch schnell einen Shoutout. Die kriegen noch eben schnell einen Shoutout von mir. Ich muss nur kurz den Link suchen. Moment. Hier. So, ne, falls ihr morgen Bock habt auf Dinge, dann auf Dark Souls 3 und auf ein sehr wildes Turnier, dann hier, bitteschön, könnt ihr da vorbeischauen. Ich mache jetzt mal einen Dingens-Shoutout, einen nativen Shoutout. Dann kann böse Alte nicht böse sein. Und Leute, wir sehen uns oder hören uns gegebenenfalls morgen, da so irgendwann so ab 12:30 Uhr ist der Plan, dass man sich da mal hört, weil ich kommentiere. Und ansonsten, oder auch erstmal morgen irgendwo im Chat, auch das kann sein, ja, auch da sieht man sich gegebenenfalls. Und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag zu den Indie-News und ja, Rainworld, ne? Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Indie-News, weil wir haben eine ganze Menge Indie-News. Die Future Game Show hat stattgefunden und holy moly, so. Aber jetzt, ne, kommt mir gut durch den Rest des Wochenendes, falls wir uns nicht mehr sehen. Bis Donnerstag. Viel Spaß bei Kontan, ne? Richtet Kontan einen wunderschönen Gruß von mir aus. Kommt noch mit rüber und ne? Wir sehen uns. Bye, bye. Wow, mein Arm tut tatsächlich ein bisschen weh jetzt. Warum auch immer. Ich habe morgen Muskelkater vom Lego bauen. Völlig bescheuert. Bis dann, ciao.